willkommen zum 100 Abonnenten. Es erwartet euch viele Attraktionen, wie zum Beispiel, ich versuche innerhalb von einer Stunde Gitarre zusammenzubauen. Dann die erste Folge von meinem neuen Podcast Neurock-Schnetzlitz. Dann auch Business Shit Talk mit dem Gründer von Tapkin. Was nachher kommt, keine Ahnung. Schnallt euch an, weil jetzt geht Post ab! Ja, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Und herzlich willkommen zu 100 Abonnenten-Stream. Ich sehe, der Janus Christus ist schon anwesend, das ist super. Ja, hört man mich, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade einen Mental Breakdown gehabt, weil es hat einfach nicht mehr funktioniert. Die Kamera hat sich aufgehängt, die ganze Zeit bei einem Szenenwechsel und keine Ahnung. Ich habe dann, glaube ich, nachher herausgefunden, an was das gelegen ist. Die Kamera war irgendwie zu gross skaliert gewesen und da ist mein Mac so, also beziehungsweise nein, OBS ist dann einfach so, aber ja. Man sieht, der Hintergrund ist komplett nicht aufgeräumt, aber das ist so ziemlich egal. Weil da mache ich jetzt, weil jetzt könnt ihr mir schön zuschauen, wenn ich da Zeugs aufräume und ein bisschen Sachen parat mache. Schreibt einfach in den Chat rein, wenn ihr irgendetwas Lustiges wollt. Gesehen. Gar nicht. Hoffe, euch geht's gut und ja. Fangen wir mal an von aufräumen, damit das hinten auch ein bisschen schneller macht, oder? Sonst ist es ein bisschen blöd, oder? Ja. Super Abonnenten-Special. Könnt ihr mir jetzt erst mal eine halbe Stunde zuschauen, wie ich aufräume. Das ist doch schön, dass es euch gut geht. Das ist doch die Hauptsache, du. Das ist wirklich die Hauptsache. Was ist die Teufel jetzt da drin? Nichts. Cool. Ja, und sonst, erzähl doch etwas, oder? Unterhalt doch den Chat ein bisschen. Weil da wird jetzt nicht so interessant. Du. Ich räume einfach alles aus dem Bild. Das ist scheißegal. Ist das schräg?
Was meinst du mit parasozial? I mean, is this even a real word? Okay, das sieht man nicht, das ist gut, kann ich so lassen. Der Charakter hat man gesehen. Der Bass siehst du dort hinten fast nicht. Ja, ich bekomme Existenzkrise. Ja. Also ich meine, ich habe nicht damit gewartet, dass am Samstagmorgen um 8 bzw. halb 9 schon irgendeiner im Chat ist. Aber Janus Christus, der Ehrenmann, ist von Anfang an dabei. Finde ich richtig super gut aus. Super gut. Wären alle meine Fans so, hätte ich schon 500 Abonnenten. Nein, Spaß. Ich mag alle, die heute werden zuschauen und sich den Bullshit geben. Der chaotisch, zum Teil aber wirklich organisierter Anarchismus, wenn das logisch stimmt. Aber ja. Ja, ich weiß, die Leute sind nicht bereit für mich. Ja. Ich weiß auch nicht, du. Am besten. Am besten stelle ich den Bass hier hin, den sieht ihn jeder, weil den tun wir ja heute auch verlosen, oder? Ich weiß auch nicht. Sieht wenigstens jeder. Also ich meine, ich hätte prinzipiell schon vorplanen und vorher aufräumen, bevor sie anfangen zu streamen, aber irgendwie habe ich mir so gedacht, du, ich werde die ganze Zeit am Streamen sein, also spielt jetzt die ersten 10 bis 20 Minuten keine Rolle mehr, du, oder? Sieht man das Zeugs da? Ja. Das Zeichen sieht man immer noch. Keine Ahnung, was das war. Das sieht doch super gut aus. Oder? Wunderschön. Wunderschön. Ja. Nein, das andere Mikrofon noch nicht ausgeschaltet.
Ja, wir haben schon 2 Zuschauer. Ja, herzlich willkommen im 100 Abonnenten Special Stream. Natürlich komplett super organisiert und professionell. So wie man es von sich selber gewöhnt ist, oder? Ja, der Hintergrund sieht in dem Ecke noch ein bisschen katastrophal aus. Da kann ich nachher noch umändern. Vielleicht, wenn ich Lust habe, nochmal aufzustehen. Und ja, herzlich willkommen, du. Äh, äh, ja, wer ist jetzt da noch am Zuschauen? Kannst du dich gerne mal im Chat melden? Ja, super, weil wir sind hier eine Familie und... Oh Gott, nein. Oh Gott. ich glaube, der eine, wo sich der Shit gerade hat wollen geben, der von dem Insta-Feed Rage quittet. Egal. Ja. Sonst. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen mehr aufräumen. Ich versuche so oft in den Chat zu schauen wie möglich, aber ich meine, ja, ich habe eigentlich Sachen zu tun. Zum Glück zeigt die Kamera mein Pult nicht, weil das will niemand sehen, du. Ah. Was ist das für poetisch? Ist sicher irgendwie so von Goethe oder Shakespeare. Ich bin nicht so bewandert, was Poesie angeht. Aber ja, ich muss den Check größer machen. Oh mein Gott. Hey Raffi, ich habe gerade gesehen. Oh! 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 Da, Junge! Ah, ich habe wirklich literally noch nie von Goethe gelesen, aber ist okay. Hey Raffi, sorry, dass ich deine Chatnachricht ignoriert habe, aber YouTube hat dich diskriminiert, weil ich habe Standardeinstellung ist oben äh, Top-Chat und jetzt habe ich auf Live-Chat umgestellt und jetzt hat ich eigentlich alles gesehen. Nein. Als ob man als Metallbauer Goethe liest du. Das Einzige, was ich gelesen habe in der Schule, nein, ich habe literally nichts in der Berufsschule müssen lesen. Bin ich ehrlich gesagt auch froh drum, weil ich weiß nicht, was hätte ich sollen lesen. Äh, Mir fällt ehrlich gesagt nicht ein, was irgendwie so mit Metallbau kooperiert oder koalitiert. Irgendwie so. Also Goethe ist mir einfach ein Begriff. Faust. Ich habe es, glaube ich, sogar die Heime. Aber ich sollte es wirklich mal lesen. Aber ich müsste noch so vieles lesen. Weil das letzte, was ich gelesen habe, ist das kommunistische Manifest gewesen und ist ziemlich langweilig gewesen, weil sich der Marx ziemlich oft wiederholt. Und ja, ich finde es mega schön, dass du das Niveau einerseits vom Chat und vom ganzen Livestream hast, weil ich glaube, besser wie jetzt, das ist Peak-Niveau. Weil je länger das geht, desto tiefer wird das Niveau und desto weniger, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, Raffi, lesen ist für Vollloser. Deswegen lese ich auch literally gar nicht mehr. Ich lese nicht einmal mehr Verkehrstafeln. Ich fahre einfach so schnell, wie ich Lust habe.
Wenn 30 steht, dann fahre ich 50, weil das ist Anarchismus und das ist auch voll sinnvoll. Nein, Spaß. Bitte fahrt nicht im 30er 50. Das ist erstens mal hart dämlich, weil es wird wohl einen Grund haben, wieso das dort der 30 ist. Und wenn man dort mit 50 durchbleicht, dann sollte man vielleicht nicht Auto fahren. Äh, Es gibt einen 60er Jahr Faustfilm. Okay, weird. Also, ja, der wird wahrscheinlich nicht mehr auf YouTube. Wenn er auf YouTube wäre, könnten wir ihn irgendwann im Verlauf des Tages schauen. Einfach so just for lols. Weil ich habe gedacht, dass ich ähm, irgendwann später, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Ah, ja. Du fährst 200 im 30er und überfahrst den Marco Rima mit einem BMW Alpina. Ja, er ist sicher ein guter Rechtsschutz, oder? Bist sicher bis Mail versichert, nur weil der Zecki dafür Werbung macht. Okay. Ähm, ich kann sonst da mal eine Notiz aufmachen. Oh nein, jetzt ein Chat. Ah, Digga, OBS ist so Neuland für mich. Vor allem, Digga, ich finde die scheiß Notizen-App nicht auf dem Mac. Notizen. So, willkommen bei Notizen. Ja, das ist mir egal. Nein, ich will nicht iCloud aktivieren. Das ist hure iCloud. Ich weiß, ich sollte es eigentlich machen, aber. Ah, irgendwie schießt es mich an, weil ich habe meine Daten lieber auf 10 verschiedene Harddisks. Gut, dann gehen wir da. Watch to. So, geht das? Ah, ich könnte mir sogar zuschauen. Da ist sogar eingerichtet. Schau, wie schön. Schau, jetzt seht ihr da alles. Ich mache es, wenn ich in einem Musikvideo von dir vorkomme. Dann ja. Dann schreibe ich. Dann mache ich so! Oder so, keine Ahnung. Also, was wollen wir zusammen schauen? Also sicher mal Faust. 60er. Ja, Film. Ja, das wäre mal etwas. Haben Sie sonst gerade noch Vorschläge? Nein. Ich schmecke ein bisschen Apple Hate von dir, hä? Ah ja, fuck. Ähm, Wegen dem Arschgeweih, ich weiß nicht. Ich fände es ein Anker äh, mit dem, mit dem Janus Christus, fände ich schon geiler. Oder so ein Herzli. Mit so einer Pfeile durch, so richtig klischeehaft, wo eigentlich Mom drin sollte stehen. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, in was für einem Zustand dass ich dort war, dass ich gesagt habe, ich mache das. Also Tattoo, fix, kein Problem, finde ich verdammt geil. Aber das Arschgeweih, hä? Ja, ich bin ehrlich. Ich getraue mich vieles, was meinen Körper angeht, aber das Arschgeweih vom Janus Christus, wo Janus Christus drauf steht, vor allem, weil ich irgendwie ständig meine Hose, also meine Arschritze zeige, dann ja. Es wäre auch ziemlich witzig, wenn ich mich bücke und ich sehe einfach hinten drauf Janus Christus. Would be fun for like 2 weeks and then I would regret it as fuck. Aber ja.
Also, Watch Together. Also, was ich sicher finde, was wir könnten schauen, was eigentlich gut zu dem Thema noch würde passen. Also nicht zum oberen Thema, sondern allgemein zum Stream. Wäre sicher Bild mit Ton. Weil Bild mit Ton wirklich, das hat mich eigentlich dazu auch inspiriert, YouTube-Videos zu machen. Und ja. Und was meinst du, ist der Hintergrund genug aufgeräumt oder soll ich vielleicht die Ecke hier noch ein bisschen überschieben, damit da nicht so wüst ist? Oder soll ich einfach die Orgel davor stellen? Ich kann einfach die Orgel davor stellen. Ich glaube, ich stelle einfach die Orgel davor. Ich bin ein volles Stück Scheiße und stelle einfach die Orgel davor. Ja. So, jetzt sieht man den ganzen Rammstein. Jetzt steht einfach eine Orgel dort. Ja. Bild mit Ton, Heil, Bild mit Ton, Heil, Bild mit Ton. Ja. Oh nein, nein. Der CEO von Tapkin, also beziehungsweise von Slimpy, kommt daher und hockt neben mich her und dann haben wir einfach so ein bisschen einen längeren Business-Shit-Talk. By the way, wenn du gerade noch ein paar witzige Fragen hättest oder so, der Raffi innen nicht, du hast schon genug dumme Fragen gespammt. Ja, kann ich die hier oben auch noch aufschreiben? Oh. Ja, jetzt nicht wählen. Da kann ich schliessen. Die neue Notiz, du. So. Fragen für Tapkin-Chef. So. Warten wir da mal ein paar Vorschläge durch. Ich bin gestern sogar extra noch so ein Uhrli kaufen, wo irgendeiner der Tag mal relevant wird. Weil ich ja innerhalb von einer Stunde eine Gitarre zusammenbauen. Ich weiss nicht, ob ich das schaffen. Also ich keine Ahnung. Ich habe einen ganzen Sack voll Gitarrenteile mitgenommen, einfach damit ich irgendetwas kann. Ja, du kannst natürlich live anrufen. Wenn du Bock drauf hast, dann gern. Einfach darfst du nicht so verfassungsfeindliche Sachen raushauen. Also es ist grenzwertig voll okay, aber ich schätze dich jetzt nicht ein, als würdest du gerade irgendwie so ja schlechte Sachen über gewisse Sachen da sagen. Ja. Ich bin by the way immer noch mega froh, dass alles bis jetzt reibungslos funktioniert. Ja. Ich finde es auch schön, dass alle da so zahlreich erschienen sind.
Finde ich echt genial. Ich sollte vielleicht mal wieder Kopfhörer anlegen. Dann höre ich mich selber auch wieder mal. He? Ja, und sonst, wie geht's euch? Wie geht's? Wie steht's? Okay, ich kann nicht machen. Ich kann nicht machen. Einfach zum die Jochen ein bisschen trollen, ja, fix. Das Witzige ist, das Witzige ist, ich habe den Streaming-Link habe ich jetzt auch auf LinkedIn gepostet. Und keine Ahnung, falls irgendwelche ältere Leute oder Businessmenschen gerade zuschauen, Sally, Streamingplan steht auf meinem Insta oder irgendjemand auf YouTube. Es wird pures Chaos und Anarchie sein, aber da wird lustige Chaos und Anarchie. Ich meine, immerhin habe ich jetzt kein PS2 mehr, wo kann sterben während dem Stream und ich dann nachher irgendwie nach einer halben Stunde Madagaskar spielen, Rage quitten, weil ich zu dumm bin, um das hure Game zu spielen. Aber ja, das ist doch super, du. Ich finde es echt mega cool, dass mir jetzt dort Leute zuschauen. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich den Weg gewählt habe ins Internet. Ich kann sonst da wieder ein Vollbild gehen, weil jetzt gerade passiert da nicht viel. Ja, der Hintergrund sieht eigentlich ganz schön aus. Einfach die Ecke da hinten ist, weil das so schaut, die Ecke da hinten ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen leer. Da könnte man da noch etwas dran einschieben. Da liegt etwas drunter, das gefällt mir nicht so. Ja, das ist doch schön, oder? Wow, oh. Ja, ich komm super klar mit dem OBS. Kein, ah, egal. Ich bin professionell. Ich bin sehr professionell. Ja, und sonst von der Audioqualität ist gut, vom Einpegel her. Ich kann auch ganz nah ans Mikrofon hergehen. Oh! Ja, das ist eigentlich cool. Ja, schau ich halt mal selber in den Stream rein, ob ich ganz nah ans Mikrofon hergehen. Oh! Ja, der ist eigentlich ziemlich solid. Das ist eigentlich cool. Ja, schau ich halt mal ziemlich selber in den solid. Du. Stream rein. Ja, und was habt ihr heute noch so vor? Ich habe eigentlich nichts mehr vor, aus den ganzen Tag vor der Kamera zu hocken, mit Leuten schnorren, ein paar Bierchen zischen. Darf ich das überhaupt während einem YouTube-Livestream? Oder muss ich denn das auf plus 18 schalten? Ich meine, ich trinke sicher keine alkoholischen Getränke in diesem Stream. Sicher nicht. Ja, den Bass kann ich noch ein bisschen überschieben. Also der 200 Abonnenten-Stream wird natürlich viel professioneller, da muss ich sagen, weil ich bin gestern bis um halb zwei in der Nacht da gsi und hat Zeugs eingerichtet, das hure Land gehabt. Das Internetkabel ziehen ist recht umständlich gewesen, weil ich einfach Sockel ist. Den Sockel von der einen Tür haben müssen rausschrauben, damit das LAN-Kabel durchpasst. Ich habe es dann unterlegt mit Magic-Karten, damit es nicht kaputt geht. Wäre eigentlich ein bisschen blöd.
Ja, in dem Fall, haben schönen Janus. Man sieht sich später. Ah, du verabschiedest dich nachher, nicht jetzt. Ja. Also wie gesagt, anrufen kannst du so wahrscheinlich, kurz schauen, ob mir der Jochen schon geschrieben hat, wenn das jemand da ist. Ah, jetzt noch nicht gelesen. Ja, ist eigentlich cool. Ich starte irgendwann. Ich muss mir den Streamingplan nochmal anschauen. Ich kenne meinen eigenen Streamingplan nicht auswendig, das ist schon so da. Also, Neurogeschnetzler kommt ein Viertel ab 11 kommt da. Ja. Ja, also in dem Fall kann ich wahrscheinlich nachher kurz noch eins rauchen. Ich habe sogar extra Ziggy-Pause-Dingens gemacht, wo dann einfach loopt, bis ich meine Ziggy geraucht habe. Das Problem ist jetzt einfach, dass ich kein Feuerzeug da habe. Ich habe nur noch Zündhölzli. Voll cool. Ja, finde ich sehr gut. Sehe ich da eigentlich noch etwas anderes in dem YouTube-Studio? Oder du bist ein Rechteinhaber. Ja, das ist doch schön, dass ich ein Rechteinhaber bin. Du. Ja. Ich finde es auch interessant, du, dass ich hier darf streamen von 2 Leuten momentan. Und ja, am besten, wenn gerade jemand konstruktive Vorschläge hat für Fragen für den Tapkin-Chef, für den Business Shit Talk. Also wie gesagt, das Niveau der Fragen ist eigentlich ziemlich egal, weil der Jochen hat gesagt, er beantwortet eigentlich jede Frage und Shitposts sind eigentlich recht willkommen. In einem gewissen Rahmen natürlich, weil ja, wir haben da nicht irgendwie anecken mit gewissen Sachen und machen und tun, oder? Oder? Ja. Dann fange ich noch einmal an, so, ja, sagen wir, 20 ab gehe ich noch kurz eins rauchen und dann fangen wir an mit der Special-Folge von Luzi baut, nein, Luzi bastelt Gitarre zusammenbauen. Es wird wahrscheinlich wirklich pures Anarchie und Chaos sein, weil ich wahrscheinlich so fest muss stressen, damit der Kack funktioniert. Aber ja. Gonna be fun. Gonna be very fun. Ja. Sonst, wie gefällt es euch so in der Schweiz? Ich finde es da eigentlich ziemlich schön. Unsere Internetkultur lässt zwar ein bisschen zu wünschen übrig, weil, wow. Herzlich willkommen an den 3 gleichzeitigen Zuschauern. Ihr dürft gerne Shit posten im Chat, weil für das ist er da. Ja. Also Fragen für Tapkin wäre jetzt gerade angesagt, du, falls irgendjemand gerade eine dumme Idee hat. Also es gibt keine dumme Idee, es gibt nur dumme Antworten. Nein, keine Ahnung. Ich merke mir... Guten Morgen, du Keck zurück. Bist auch schon aufgestanden, hä? Boah, Digga, es ist... Ich habe es nachher herausgefunden, wieso das alles nicht funktioniert. Das hat auch nicht am Audio-Interface gelegen, sondern einfach, weil die Kamera zu gross skaliert war und OBS damit nicht klar gekommen ist. Also habe ich es jetzt einfach auf 1280 eingestellt
anstatt 19 irgendetwas. Ja. Das ist doch auch schön. Ja. Und jemand ist schon wieder geliefert. Ja, das ist halt nicht so interessant. Ja, du liegst wahrscheinlich noch immer noch im Bett, oder? Mist, ich hätte vielleicht noch etwas zu Morgen sollen holen. Because I'm fucking hungry right now. Hätte ich doch besser geplant. Hätte ich doch einfach besser geplant, oder? Wäre ich doch diese Woche schon in Bedroom reingegangen und hätte alles eingerichtet, dann hätte ich noch hinfahren, herhocken und loslassen. Aber nein, ich muss natürlich alles immer auf der letzten Drücker machen. Oder? Aber Hauptsache es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Hast du noch irgendwelche dumme Fragen für Tapkin? Ja, I know I'm an idiot. I'm one of the biggest idiots I've ever seen. And I look myself in the mirror every day. Every day I'm shuffling. Äh, ja, penn du nur, Raffi. Ich tu dich in Schlaf wiegen. Raffi, schließ deine Augen. Es ist 9 Uhr am Morgen und ich soll mir schon ein Bier reinstellen. Also ich meine, es ist Samstag. Ich muss nicht arbeiten. Ich glaube, wenn das umrichtest, also ich meine, King Coins kannst du dann nachher, glaube ich, in Echtgeld umwandeln und von dem her, ja, könntest du es eigentlich, ja, mit Tab, also es sind keine Tab King Coins, es sind King Coins. Ja, ich glaube, mit denen könntest du Marihuana kaufen. Wir müssen gerade kurz eine Abstimmung machen, von wegen, eins in den Chat, wenn ich ein Bier soll nehmen und das 2, wenn ich keins soll nehmen. Ich meine, ein Bier ist auch ein herzhaftes Morgen, oder? Wie ist das schon wieder gegangen? 3 Bier ersetzen eine Mahlzeit. Wieso der Tapking-Content von mir so geil ist? Ja, will ich das machen? Es sollte eigentlich noch viel mehr kommen. Aber ich bin. Okay, ja. Okay. Nein! 1, 2, 3 Bier. Äh, äh, gibt's es Tap Kin Tap Bier? Schon richtig geschrieben, oder? Kann ich das nicht einfach kopieren? Ist okay, dass mir deine Meinung, dass meine Meinung dich den Scheiß angeht, aber ja. Ich muss da kurz auf YouTube den Livestream aufmachen, weil. So, da kann ich es auch besser rausschreiben. Weil ja. Ja, ich kopiere solche Sachen gerne raus, weil ich bin ein faules Stück Scheiße. Also, äh, kann man mit Tapkin Coins Marihuana kaufen? Den, wieso
ist der Content auf Tapkin vom Luzi so geil? Das sind richtig High-Quality-Fragen. Tapkin, neue Instagram. Wie lang sind Tapkin AGBs? Fallen Kincoins in der Schweiz ebenfalls unter das Geldwäschergesetz und müssen dementsprechend reguliert werden. Hat Täpkin eine Rechtsabteilung? Vollzeit-Äquivalent alte Brand. Digga. Ich merke einfach, wie mein IQ sagt, je mehr Fragen, als du sagst. Aber ist gut, mach weiter. So. Ja. Hat Tapkin Rechtsabteilung. Sponsert Tapkin auch andere Sachen als der Luzi? Ey, jetzt hast du aber richtig gescheite Fragen raus, du. Das ist ja. Ha! Das ist ja. Das ist jetzt super. In dem Fall schlaf gut, Raffi. Lass am besten den Stream laufen, weil da habe ich wenigstens 2 Zuschauer. Ja. Das ist echt cool, du. Das ist echt lässig. Super gut, du. Super gut. Mega gut. Mega gut. Ja, sonst. Ich frage mich gerade wirklich, ob ich, ob ich das Bier soll nehmen soll. Es ist zwar früh, aber auch nicht allzu früh, oder? Weil 4 Uhr am Morgen ist schon gewesen, oder? Anfangen. Mit was? soll ich Strohrum saufen morgen um 9 Uhr? Nein, danke, Kollege. That's not what I do. Ja, Schatz, wenn du glaubst, gerade zulässt, könntest du mir vielleicht dann auch das Feuerzeug mitbringen, weil ich hätte zwar eins im Auto, aber bis ich dann bin und wieder zurück ist viel zu viel Aufwand. Viel zu viel Aufwand. Ja, das ist ein fairer Punkt. Das finde ich ein fairer Punkt. Ich glaube, ich sollte zuerst etwas essen. Speed. Ja, kein Speed mehr. Ah, Gott. Domino! Things, Sachen, die ich jeden Tag rezitiere. Nice. Ja.
Es hätte wahrscheinlich schon etwas im Kühlschrank, aber ich traue literally nichts, was dort rein ist. Weil es gewisse Gründe hat, wieso dass es im Kühlschrank meistens recht schimmelig aussieht. Ja. Ist doch schön, oder? Es würde mich gleich wundern, wie viele Leute von LinkedIn meinen Link gesehen haben. Also ja, keine Ahnung. No, I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. Das ist etwas, wo sicher, also ich meine, ich bin schon ein bisschen lebensmüde und so, aber so lebensmüde, so dringend sterben will ich jetzt auch wieder nicht. Also so nötig habe ich es noch nicht tun. Ja. Ah, stimmt. Ja. Ja, das ist doch schön. Jetzt haben wir geschrieben, mal schauen. Vielleicht bekomme ich etwas, vielleicht auch nicht. Aber ich komme erst etwa 2 Stunden. Ah, die geht 2 Stunden. Ah. Sollen wir echt nochmal das Mathe reinhauen? Ich weiß es nicht. Da muss jeder für sich selber wissen. Ja, also ich bin jetzt schon... Wie lange bin ich am Streamen? 48 Minuten, du. 48 Minuten, das ist doch super. Jetzt ist dann 20 ab und deswegen gibt es jetzt eine kleine Pause, oder? Ich bin gerade wieder da, ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötchen nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi-Pause-Song. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Deine Mutter hat mir gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was Flamingo? Pinken Flamingo. Stehen.
irgendetwas. Was ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Hey, ich schmier dir eins. Ja, den halt. Du Luzi, bevor ich bin, mach ich einfach irgendetwas. Was ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Hey, ich schmier dir eins. Ja, den halt. Ich fühle mich richtig Profi, ich das nicht machen. Ah, komm on, du, das ist schwierig. Ich verdiene eh kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du. Ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich habe Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder die BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner, elendiger, Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay. Der Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Ah, wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, von vorne. Ja, ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. So, ich bin wieder da. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingerichtet für die Challenge, die ich machen will. Ich habe hier eine Gitarrenleiche mit keinerlei Elektronik drin, nichts. Und versuche jetzt innerhalb von einer Stunde aus dieser Gitarre irgendwie so halbwegs etwas Brauchbares rauszubekommen. Ich habe hier von daheim recht viel Material einfach mitgenommen und versuche halt jetzt innerhalb von einer Stunde die Gitarre zu Weg zu machen. Ich frage mich nicht wie, aber irgendwie geht das.
ich habe mir sogar extra in der Landis einen Wecker gekauft für eine Stunde. Die Frage ist einfach, wo stelle ich den hin? Übrigens, herzlich willkommen an die neuen Zuschauer. Welcome to this... Willkommen zu dem anarchistischen Mess von einem Livestream. Ja, fangen wir doch mal an, den Dingens zu stellen. Beziehungsweise mal einzurichten, wo der Wecker sollte stehen. Damit man den auch schön sieht in der Cam rein. Cam geht etwa bis da. Habe ich irgendeine Kiste, wo ich den Wecker draufstellen kann? So, dann starten wir doch mal die Challenge und versuchen das Beste daraus zu machen. Seht ihr das? Oh, ihr seht das. Und hört ihr das nachher dann auch. So, in dem Fall starten wir mal und schauen, wie das kommt. Als allererstens, was die Gitarre braucht, ist ein Sattel. Normalerweise macht man das irgendwie aus... ich glaube, das Ticker ist nervig. Brauche ich einen Sattel? Normalerweise macht man das aus irgendeinem Plastik. Und ja. Wie viel hat der Wecker gekostet? Ja, es ist Gravel. Du, schau, ich habe mich schon recht müssen in Umkosten stürzen, damit ich den Wecker aus der Landia können kaufen. So. Der kostet so viel, das steht nicht mal drauf. Aber jedenfalls, ich sollte jetzt mal ein bisschen Füße machen, sonst wird das nicht mit dieser Gitarre. Also, was ich mir überlegt habe, anstatt einen richtigen Sattel zu nehmen, der da reinpasst, nehme ich einfach Taxkarten, weil ich habe sehr viele Taxkarten in die Heime. Wieso, weiss ich prinzipiell auch selber nicht mehr ganz. Und ja, die sollten eigentlich hier schön reinpassen. Eigentlich. Ja, fast. Jetzt da noch dünnere Taxkarten. Passen 3 von denen da drin? Seht ihr überhaupt, dass ich da mache? Nein. Ja, ich kann es immer noch reinlegen. Ja. Dann tue ich die 3 Taxkarten mal zusammenleimen, damit ich die noch aufs passende Maß abschneide. Oder? Dann nehme ich natürlich einen Uhu Max Repair Extremkleber. Hashtag not sponsored, weil, ja. Weißt du, Raffi, das war vor deiner Zeit. Vor deiner und meiner Zeit. Früher, wo alles besser war, wo die Wirtschaft noch in Ordnung war, wo man hätte sagen können, was man hätte sagen. Dort hast du gar nicht können, also ja, ohne Handys, ohne wirkliche gescheite Technologie, hast du Telefonzellen nicht gebraucht. Dadurch, dass du die öfters gebraucht hast, ist irgendwann die Frage aufgekommen, so, ja, wir haben nicht immer Münzen dabei. Und dann haben die Leute gefunden, so von wegen, hey, du kannst doch einfach Karten machen mit einem Chip drauf, oder habe ich noch eine mit einem Magnetband, also die ganz alten. Ah nein, habe ich gerade keine da. Halt mit einem Chip drauf, der einen gewissen Betrag
drauf gespeichert ist, wo du nachher einfach kannst dann abrufen, wenn du einfach in die Telefonzelle reingehst. Und ja, der Keim ist hure verstopft. Ich habe natürlich keinen Porter mitgenommen. Gescheit. Ja, ja. Also eigentlich sollte es lange. Ja, eigentlich wie eine SIM-Karte für die Kabine. Nur halt nicht auf einer Nummer spezifisch gespeichert, aber ja. Okay, ich bin ehrlich. Ich habe die mal gekauft, weil ich es lustig fand. Weil, keine Ahnung, ich habe so 100 Stück bekommen. Ich habe so 2 Sammlungen aufgekauft. Wieso auch immer. Weil ich Lust hatte. Von dem her, ja. Aber das stresst mich jetzt schon ein bisschen, dass der Hurenkleber nicht geht. Ich brauche ein Sackmesser. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das geht so nicht. So, wo ist mein Sackmesser? Jetzt bin ich natürlich wieder. Natürlich ein originales Victorinox Sackmesser. Wieso das dort Andreas drauf steht? Weil ich es von meinem Grossvater bekommen habe. Ganz einfach. Das hat schon so viele Tools, dass ich schon leicht überfordert bin. Du. So. Hoffen wir, dass wenigstens irgendetwas von da funktioniert, oder? Nein. Sauhund. Ein richtiger Sauhund. Haben dann etwas anderes. Das ist ein Schraubenzieher. Du hast zwar auch einen Schraubenzieher, aber. Ja, geil, ist fair. Ist gut begründet, wieso dass ich mir die Taxkarte nicht geholt habe. Es kommt etwas. Jetzt muss ich aber noch. Jetzt muss ich aber kurz schauen, wie viele Taxkarten das ich jetzt exzessiv will nehmen. Von der Dicke her. Ja, das sollte gehen. Also 3 sind es. Also für die neuen Zuschauer, ich bin gerade versuche innerhalb von einer Stunde die hure Gitarrenleiche da hinten dran fertig zu machen mit Materialien, die ich bei mir daheim gefunden habe. Und ja, ich hoffe, ihr enjoyt es ein bisschen. He? Ja, das ist doch super. Super duper. Ich fühle mich wie im Kindergarten. Das Leben ist eigentlich ein Kindergarten, oder? Wenn man so genau darüber nachdenkt. Herzlich willkommen, in der Schweiz gibt es über 12.000 Telefonkabinen. Ja, ich glaube nicht, dass das so aktuell ist. Fix, ja, es ist immer der härteste Part, die Leimdose aufzumachen.
Das ist immer der härteste Part. Deswegen bauen auch so wenig Gitarren. Das sollte jetzt eigentlich perfekt laufen von der Dicke her, oder? Oh! Like a glove. Am besten stellen Sie auf irgendetwas Schweres. Gut, also Sattel ist schon mal vorbereitet. Jetzt machen wir uns drauf und dran mit den Tonannehmer. Tonannehmer habe ich hier einen vorbereitet, habe ich mal einfach gebastelt. Das ist einfach literally ein Single Coil, der verkehrt rum ist und auf einem Handbackenrämli, wo ich die Taxkarte ausgeschüttet habe. Und ich finde, das sieht eigentlich noch hure lässig aus. Schau die Leute da, hä? Da ist die Schweiz noch gut gewesen, hä? Wo Annemarie und der Peter Hans noch ihre Einfamilienhütte hatten und 15 Kinder, weil kein AV und ja, gute alte Zeiten, oder? Position von denen, ja, oh, der ist schon ein bisschen hoch, oder? Der ist schon ein bisschen hoch. Jetzt muss ich wieder Sachen unterlegen, du. Habe ich überhaupt so lange Schrauben? Ja. Prinzipiell könnte der einfach so. Jetzt habe ich natürlich nicht so etwas langes Graz, damit ich die Höhe kontrollieren kann. Ja, nein, das ist blöd. Ja, vorbereitet, oder? Wie super vorbereitet. Aber das ist ja der Sinn von der Sache. Ja, kommt von der Höhe etwa hin. Du hast jetzt extra ein Profilbild gemacht. Da interessiert mich jetzt, Raffi, du. Da interessiert mich jetzt. Ja, es steht an, weil die Schraube ein bisschen zu lang ist. Aber da ist kein Problem. Mit dem High-End-Werkzeug, das ich hier habe, kann ich einfach hier abhacken. Oder? Nein, geht nicht. Schade. Obwohl, ich könnte es prinzipiell gerade so reindrehen. Leinst das irgendwie ab? So, mal Schachtel mit Schrauben. Ich kann es gerade nicht anschauen. Ist es Wurzelsepp? Wahrscheinlich Wurzelsepp gegeben, oder? Wieso? Ist doch cool, oder? Ist doch cool. Jetzt ist die. Nein, Schlitzschraube. Schlitzschraube ist etwas, wo der Menschheit eigentlich hätte gestohlen bleiben. Gibt es echt Menschen, die Schlitzschrauben gerne haben? Weil Schlitzschrauben sind doch einfach nur Pain. Oder sind sie etwa cool, oder? Mal schauen, ob die Schraube so weit runter geht. Wäre cool. Natürlich hört sie vorher auf. Ja. So 10 Minuten etwa vorbei. Kannst du auch meinen Kanalbanner als Profilbild nehmen. Oder mein Luzi Seal of Approval. Weil du bist Luzi Seal Approval. Approved. Leg du mir an, du. Da ist schon.
Ja, aber Schlitzschraubenzieher brauchst du keinen Schraubenzieher. Ja, jein, stimmt schon, aber... Lange die wenigstens? Nein, auch die lange nicht. Ich hätte gescheiter in der Lande ein paar Schrauben gekauft. Aber wir sollten zuerst da brauchen, wo man schon hat, oder? Ja, die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Du? Am besten tue ich einfach mal das Loch hier ein bisschen weiter. Wisst ihr was? Ich schraube zuerst einen anderen Pickup drauf, damit ich wenigstens einen habe. Und statt da jetzt anfangen rumbasteln. Dann machen wir den so drauf. Habe ich hier ein bisschen kürzere Schrauben. Ja, das da. He. Ich habe by the way nicht einmal getestet, ob die Tonnen überhaupt gehen, weil... YOLO! Ich habe keine Akkuschrauber dabei, weil YOLO! Oh, da will eigentlich super gut gehen. Also... Könnte die Höhe noch ein bisschen variieren. Ich bin halt schon ein gescheiter Sicht, du. Ich bin schon ein gescheiter Sicht. Ein Siebensiech. Richtiger Siebensiech, du. Da, jetzt müssen wir das Loch hier weiter. Und glaubt irgendjemand daran, dass ich Gitarre kann bauen innerhalb von einer Stunde? Oder ist die Hoffnung lost? Jetzt zum Glück ist das Aluminium da. Da kann ich ein richtig schönes Loch weiter vorbereiten. Ja, die Schrauben sind jetzt sicher zu lang. Ha! Gescheit. Ein bisschen kürzer bräuchte ich. Noch ein bisschen kürzer. Ist der kürzer? Ah ja, der ist kürzer. Der ist kürzer. Oh, das ist doch schön. Glaubt wenigstens jemand an mich. Das ist doch schön, Raffi, dass wenigstens jemand an mich glaubt. Da gibt immer so super Motivation, du. So, jetzt einfach die Schrauben reinwirken, weil vorbohren können wir nicht, weil irgendjemand hat nicht daran gedacht, Akkuschrauber mitzunehmen. Weil mit Akkuschrauber wäre es auch viel zu einfach, oder? Da kann ich dann noch anschauen, mit Taxkarten unterlegen. Das ist jetzt ganz ein bisschen schräg. Ja, ich habe extra so ein Tupperware einfach mit Schrauben, wo ich irgendeines mal gefunden habe, wo ich einfach reinrühren will. Schrauben kann man immer brauchen, oder?
Das ist super. Also, ein Pickup ist schon mal drin. Dann sollte ich eigentlich noch einen Single Coil da rumliegen haben. Den hier. Den kann ich hier drunter tun. Oder soll ich ihn einfach mal so anschrauben? Soll ich lieber richtig anschrauben oder kreuzfalsch? Weil falsch ist immer cool. Warte mal kurz auf eine Antwort. Die Frage ist einfach, wie ich den nachher anschraube. Habe ich Kabelbinder. Also gut. Falsch rum oder richtig rum? Quer oder gerade? Quer oder gerade? Das ist jetzt die Frage. Zeit läuft. Zeit läuft. Look. 20 Minuten, nein, 40 Minuten habe ich jetzt noch Zeit. Also, ich brauche eine Antwort. Ich fühle mich wie, kennt ihr das noch, die TV-Serie, wo du so bist mit einem Haar! Oh, das ist kreuzrichtig. Ich mache es einfach falsch, weil ich Lust habe. Aber da müssen wir ein bisschen reinbasteln, weil da jetzt kein Schraubenloch. Aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Basteln wir uns hier eine Halterung. Ich fühle mich jedes Mal. Ja, wunderschönen guten Tag, Racing Line. Freut mich, dass du auch da bist mit uns zusammen zum Zelebrieren, wenn ich wie ein Höhlenmensch versuche, innerhalb von einer Stunde Gitarrenleichen zusammen zu basteln. Was ich jetzt gerade mache, ich schneide aus einer Bierdose ein Stückchen Blech raus, um den Ton annehmen, kreuz falsch in die Gitarre reinzuschrauben. Das ist sicher mega cool. Oh ja. Funktionieren sollte es sicher. Jetzt haben wir volle Finger reingestochen. Ja, du, hoffentlich sieht dazu was nicht, du. Was habe ich denn noch ein Problem? Richtige Problem, du. Mit der Suva. Da müsst ihr mit Feldschlössl eigentlich schon fast sponsern, wenn ich einen von ihren Dosen nehme zum Pickup-Verschraubung zu machen. Oh. Look da, wie die Blüten tut. Das ist... Ja, schön an einer Bierdose geschnitten, ist immer schön. Immer schön. So. Langt das? Nein, langt nicht. Oh, da blüht mir ein bisschen fest. Ja, ich habe keine Zeit, um mich für Arzt. Ich muss hier eine Gitarre bauen. Aber eigentlich sollte ich hier irgendwann eine Schere haben oder so. Ich habe eine Schere gefunden. Ich habe eine gefunden. Geht ein bisschen einfacher als nur mit dem Sackmesser drum. Ja, ich weiß, super gemacht. Ich weiß. Ich bin a one of a kind genius. Nehmen wir doch da gerade. Ja, ich sollte vielleicht nicht so. Sieht doch super aus, oder?
So, super schön ausgeschnitten. Dann haben wir hier den Pickup, der kreuzfalsch reinkommt. Dann können wir den nämlich so hier drauf anschrauben. Ja, ich kann es jetzt euch kaum zeigen, weil das ist eine bisschen kompliziertere Sache da. Eine Schrauben auf jeder Seite lang, oder? Was meint ihr? Soll ich mehr Schrauben reinhauen? Vorbohren wäre schon super. Auf da habe ich jetzt keine Zeit und kein Material. Ja, es hat schon recht weniger. Es blutet schon weniger. So, jetzt brauche ich noch so eine kurze Schraube. Schlitzschraube. Kreuzschraube. Ja, komm gar nicht, du Sauhund. So. Was wird der hier? Der hebt eigentlich komplett nicht. Ja, das ist jetzt die Frage, wie ich das besser mache. Ich jag da einfach noch einen rein, aber das mal ein bisschen schräger. Sorry, dass ich momentan nicht so viel schneller, aber ich habe jetzt noch knapp 35 Minuten, um die Gitarre fertig zu machen. Und das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ist den Sattel vorbereitet und ein Pickup festgeschraubt. Ja, das sollte haben. Oh, es sieht jetzt momentan so aus, oder? Professionell wie an und für sich. Liebe an und für sich. So, haben wir hier ein bisschen längere Schrauben, oder? Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade da zur Hand habe, wo würde passen. Ja, die passt gerade gut. Plastik ist immer schön. Jetzt werde ich hier durchwürgen. Jetzt brauche ich noch einen Torx-Schraubenzieher. Habe ich da gerade einen? Nein. Ist der Torx? Nein. Ist der Torx? Ja, das ist der richtige Torx. Sollte ich da
Natürlich habe ich den Schraubenzieher nicht da, den ich brauche. Mit dem Bitteinsatz. Kann ich noch mal kurz. Ja, jetzt habe ich gefunden. Der ist offensichtlich noch richtig schön drauf schrauben, damit er hebt. Das Loch muss sich noch ein bisschen mehr weiten. Ah. Der Jochen kommt, by the way, um 2:30 kommt er zu Turgi an. Ich schreibe es dir nachher sonst noch kurz, falls du es nicht gehört hast. Ja, und sonst, wie läuft es bei euch? Geht es euch gut? Schaut ihr auf euch oder schaut ihr nicht auf euch? Was ist euch momentan am wichtigsten im Leben? Ja, komm. So eine halbe Stunde, Halbzeit. Und ich habe fast noch nichts gemacht. Du Gott, verdammt nochmal. Richtig super, du. Richtig super. So, ein Schrauben ist fest. Da habe ich fast das Rämchen kaputt gemacht. Du. So, jetzt brauche ich gleich noch eine Blechdose. Ja, das sollte ja fast schon die Feldschlössli-Gitarre, du. Warum? Nein. Jetzt noch Kreuzschrauben
Saliandro. Hoffe, dir geht es gut an diesem Samstagmorgen. Mir geht es gut, außer dass ich mich vorher kurz ein bisschen geschnitten habe. Was aber nicht so tragisch ist, weil jetzt hat es schon nicht mehr angefangen zu blüten. Also es hat aufgehört, es hat nicht mehr angefangen, aber ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. He? Ja, der zweite Pickup ist auch drin. Dann wäre das schon mal. Die Frage ist von der Verlötung her, ich glaube, das Gescheiteste, was ich machen kann, ist einfach Buchsen nehmen. Habe ich irgendjemand noch irgendeinen Strap, wo ich Buchsen nicht brauche? Die will ich jetzt nicht unbedingt auseinanderrupfen. Irgendeine Buchse brauche ich. Ja, Salionas, du! Herzlich willkommen bei dem anarchistischen Livestream. Ich schraube da gerade Buchsen ab von der Gitarre, damit ich die an die andere herschrauben kann. Hätte ich die gescheiter können machen. Egal. So. Stelle die wieder vor. Ah ja, alle, die jetzt neu zugeschaltet haben. Ich versuche gerade innerhalb, ich habe hier einen Timer. Und ich versuche innerhalb von einer Stunde versuche ich aus dieser Gitarrenleiche hier wenigstens etwas rauszuholen, damit ich das Lied drauf spielen kann. Oder ja. Die Buchse habe ich. Die ist da. Ich könnte eigentlich schon mal einen Leuchtkolben einschalten. Beziehungsweise einstecken, weil das nicht immer so lange braucht zum Aufheizen. Ich hoffe einfach nicht, dass es jetzt irgendeine Sicherung putzt, weil jetzt literally all das Streaming-Setup an einer Mehrfachsteckdose hängt. Ja, lassen wir den sich doch mal aufheizen und schauen, wie weit das unser Sattel ist. Wow, ein Mikrofon da. Ja, der sieht eigentlich ziemlich gut aus. Der Leim ist, glaube ich, ein bisschen getrocknet. Wenn der so rein tue. Jetzt etwa Share, du brauche ich ja Share. Ja, Taxkarten mit der Schere schneiden. Oh. Boah. Schön durch den Chip durch. Hat Share auch Freude dran. Natürlich habe ich.
Ja, das ist viel zu dick, viel zu dick. Viel zu hoch. Ja, ich glaube, der Leim, den ich da genommen habe, ist nicht so der beste. Nur Scheissdreck, hä? Nur Scheissdreck da. Also, okay. Es sitzt ein bisschen. Jetzt lieben wir den Sauhund einfach fest. Und schneiden den seitwärts ab, damit er auch schön reinpasst. Mit sauer Schnorren macht. Oder auch nicht. So. Jetzt habe ich Kleber an den Finger. Ja. Dann brauche ich Seiten. Beziehungsweise zuerst soll ich irgendwie die Schlitz machen in den Sattel rein. Die Frage ist wie. Hat super geklappt. Besser als erwartet. Stinkt zwar wie Mohren, aber das ist mir gleich. Natürlich nehmen wir für die höchst professionelle Gitarre, die ich hier am Zusammenwascheln bin, natürlich nur akustische Saiten, weil etwas anderes wäre langweilig. Was sind die? Schwarz. Jetzt kommt der Moment, wo ich sehe, ob es funktioniert oder nicht. Was sind denn das für Scheiß-Tuner? Keine Ahnung. Ja, und sonst so, wie gefällt es euch bis jetzt? Oder sind das so
keine Ahnung. Sind das solche ohne Tanken? Suche ich natürlich in den Schlittschuhzieher. Mm. Mm. Ich weiß nicht, es ist spannend mir zuzuschauen, weil ich da am Verzweifeln bin. Leck, sind das Scheiß-Tuner, Digga. Das macht es auch nicht einfacher, dass meine ganzen Hände voll verklebert sind von dem huren Leim. Geh doch rein! Leck du mir, ey. Macht mir das Leben auch nicht gerade einfacher, dass die huren Tuner da drinnen sind. Wer verbaut denn so einen Seich? Ich habe langsam das Prinzip vergriffen von diesen huren Locking Tuners da, bist gleich ein Seich, du. Richtiges Seich. Das ist in dem Fall jetzt keine Seite momentan. 15 Minuten, da wäre knapp. Jetzt muss ich einfach drauf fetzen und fertig machen. Da wäre knapp, da wäre knapp. Ich singe nachher eins, wenn ich die Gitarre fertig habe, vielleicht. Vielleicht, aber nur vielleicht.
Ich bin beschäftigt, Gottverdammt nochmal. Ich kann jetzt nicht singen. Ich kann jetzt wirklich nicht singen. Ich muss da die Gitarre zusammenbauen. Ja, der wird wahrscheinlich eher ein bisschen eine Slide-Gitarre. Ja? Okay, you know what? Fuck this. Ich habe zu wenig Zeit, um alle Seiten aufzuziehen. Es gibt jetzt einfach 4 Seiten und that's it. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's echt nicht. Alles andere. Es ist Gurkenwasser. Also. Den Rest von der Seite habe ich natürlich jetzt verloren. Oder? Es wird spannend. Es wird echt spannend, Digga. Es wird echt spannend. Geh doch einfach rein! Come on! Stress, 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 Stress. Immer der hure Stress. Verdammt nochmal. Heute zieht er sich mal an, oder kann ich da noch ein halbes Jahr warten? Stress, 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 Stress. Ich glaube, ich mache im Fall nur 2 Seiten drauf. Come on, zieh an. Es tönt schon mal nach etwas und das ist gut. Also 2 Seiten habe ich drauf geschafft. Jetzt muss ich nur noch kurz Verlötung machen, aber das mache ich ganz easy. Easy peasy. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich habe viel zu viel Zeit vergütet wegen dem scheiß PTT-Tonen.
abisolieren. Da ist schon. Oh, da wird knapp, da wird knapp, du. Dann muss ich da weiß und weiß zusammen. Weiß und weiß zusammen. Ja. Ich hätte das Feuerzeug, könnte ich den Scheiß nur abbrennen, aber nein. Ich habe natürlich mein Feuerzeug daheim vergessen, so wie immer. Messer zusammenhängen. So. Einfach richtig viel Lötzinn drüber kippen, dann hebt das Zeug auch, du. Eigentlich kann ich einen Tonregler einbauen, aber ich glaube, der wird jetzt nicht mehr. Oh, wird immer knapper, wird immer knapper. Da kommt. Viel hilft viel. Dann noch ein Lötpunkt. Der gefällt mir jetzt nicht so. Ja, das wird schon passen. Jetzt muss ich nur noch anschrauben. Knebben. Ja, schrauben. Nein. Komm on. Wo ist sie jetzt? Da. Muss mindestens eine Schraube geben, damit der Scheiß hebt. Oh. Die zweite Schraube wäre super. Habe ich da noch länger? Noch die Kappenschlitzschraube. Die ist fast zu kurz.
Ja. Zeit läuft, Zeit läuft, Zeit läuft. Falsche Schraubenzieher. Nein. Come on. Come on. Ja, ja. Ja, ja. Komm schon. Nein, Schrauben, ne? Okay. Also, ziehen wir mal kurz ein Fazit. He? 1 Stunde habe ich Zeit gehabt, zu so einer Gitarre allein eine Gitarre zusammenzubauen. Oh ja, das ist der Herausforderung. Es hat 2 Seiten, 3 Tonabnehmer, kein Volume, nichts. Aber die Seite tönt jetzt, kommt aber raus. Du. Jetzt denke ich jetzt mal einen Verstärker an, schauen, ob die tönt, oder? Hoffen wir es. That was pure fucking stress. I swear to God, wenn sie nicht funktioniert, I'm pretty sad. Ja genau, mit da sollte glaube ich noch ein Plektrum liegen. Oder nicht, eigentlich ist es nicht so wichtig. Also, sind ihr auch so gespannt wie ich? Ja, was wir liefern, nicht liefern. Ja du, ich muss ja mit den Leuten, die zuschauen, ein bisschen unterhalten, du, oder? Sonst ist es ja langweilig, wenn ich da die ganze Zeit so autistisch da hocke und versuche, eine Schraube reinzuwürgen. Das ist ja gut für die psychische Gesundheit, weißt du? Ein bisschen schnüren nebenbei. Keine Ahnung. Also, schauen wir. Okay, sie tönt. Sie tönt. So nicht so super. Aber sie tönt. Sie tönt. 1 Stunde. 1 Stunde. Funktionierende Gitarre. Funktionierende Gitarre. Ich meine, sie brummt wie Sau, sie ist nicht geerdet. Aber it works. What the fuck do you need else? What the fuck do you need else? What the fuck do you need?
Also, was meint ihr? Ist das ein Win oder ist das ein Fail? Weil, ich meine, sie funktioniert. Es hat zwar nur 2 Seiten, aber ja, also die Frage ist, soll ich jetzt noch ein bisschen Zeit investieren, bis mein Kollege kommt, um die Gitarre einigermaßen zu Weg machen, vielleicht noch ein paar mehr Seiten draufhauen. Oder soll ich einfach sagen, that's it und ja, move on with life. Okay, wie die Verlobte schreibt, es war ein Win gewesen. Was meinen die anderen? I mean, it fucking works, man. What else do you fucking need? Tell it to work. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch machen, ist da den noch ein bisschen unterlegen. Also, ich meine, still waiting for an answer. Is it a win or a lose? Innerhalb von einer Stunde eine Kackgitarre zu einer noch mehr verschissenen. Ja, ich finde also so Seiten drauf tun und so, finde ich jetzt wieso vibriert jetzt? Oh, dazu muss ich zuerst noch unten dran ein bisschen unterlegen und dann kann ich sonst nachher noch die anderen. Also ich würde sagen, mindestens noch 2 Seiten haue ich drauf und dann call it a day, ha? Ja. Also was ich auch noch machen kann, ist die Unternehmen noch ein bisschen unterlegen. Und ja, kommt jetzt ganz darauf an, wenn der Kollege kommt. Ob ich das jetzt machen oder später irgendwann ist. Ja, kommt jetzt ganz drauf an, du. Ganz drauf an. So. Dann haben wir da noch 1, 2 Seiten drauf. Wenn ich finde. Ah, bitte liegt es am Boden natürlich. Natürlich liegt es am Boden. He? Ah. Ja. Und dann kann ich sie vielleicht einmal tunen und ja. Wie gut ist das Volkbier auf einer Skala von 1 bis Ultra Premium?
Ja, also ich würde sagen, es ist ein grundsolides Bier. Ich bevorzuge es an der Müller-Gülle. Aber ja, ich bevorzuge fast jedes Bier als Müller-Gülle. Ich würde jetzt sagen, so, wenn eins das räudigste Bier auf der Welt ist, Becks, pisswarmes Becks. Und das 10 ist das gottloseste Bier, eiskalt, so süffig, dass. Dann würde ich sagen, ja, ich würde es solide 6 würde ich im Volk Bier geben. Also ich meine, für den halben Preis, für die 50 Rappen, muss ich sagen, ist es klar, es ist 10. Weil, sorry, aber da kannst du jetzt nicht überbieten. Da kannst du nicht überbieten. Für 50 Rappen so ein grundsolides Bier würde ich wieder reduziert kaufen. Definitiv wieder reduziert kaufen. Wenn sie es wieder fast fortrühren. Finde ich immer mega schade, wenn man Zeugs fortrührt. Yes, I sound like a Messi. Aber ich meine, weißt du, gewisse Sachen kannst du halt immer noch brauchen, oder? Und dann musst du es auch brauchen. Weil sonst, ja. Es gibt Menschen, die haben nichts. Oh, es gibt auch Menschen, die haben weniger wie nichts. Nämlich gar nichts. Schön, dass du trotzdem noch eingeschaltet hast, Herr Zierer. Momentan ist es gerade ein bisschen langweilig, weil ich halt jetzt gerade versucht habe, innerhalb von einer Stunde die Gitarrenleiche wieder zum Leben zu erwecken. Ich glaube, ich habe ein neues Instrument erfunden. Aber ja, ich meine, es funktioniert. Also, die Challenge habe ich geschafft. Which is super nice. Eure Nachrichten schauen. Geil. Danke vielmals, Maximiliano, für dein Abo. Finde ich super. Jetzt habe ich. Wie viele Abonnenten habe ich jetzt? 104. Was hat gerade 2 Leute abonniert? Voll geil. Leute haben sich den Bullshit gegeben und haben sich gedacht, oh komm, der Schafsäckel, der folge jetzt. Du. Ja, cool. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's super duper. Ich habe gerade innerhalb von einer Stunde Gitarre zusammengebastelt. Obwohl, dass man das nicht Gitarre nennen, aber ja. Falls die Möglichkeit besteht, dass irgendjemand die Gitarre will, lasst es mich wissen. Ich bringe sie auch vorbei. Weil ich habe genug Gitarren. Seht ihr da im Hintergrund? Die ist mehr. Also 80% von den Gitarren, die ihr auf dem Bild seht, sind mir. I have enough shit. Ja. Der Kollege ist gerade gekommen. Ich mache ganz kurze Ziegepause bzw. Umbauphase. Ja, so 10 bis 20 Minuten, halbe Stunde. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötchen nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi Pausensong.
mach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was Flamingo? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine stehen. Bevor ich bin, mache ich einfach irgendetwas. Was ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Hey, ich schmier dir aus. Ja, den halt. Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du. Ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich habe Hosensäck. Die Mutter hat mir erzählt, dass du wieder
Der Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur mal kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi-Pause-Song. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was Flamingo? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine stehen. Wir fangen nicht mehr ein. Mach einfach irgendetwas. Was? Ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bist du, hey, ich schmiede eins. Ja, den halt. Kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber es ist doch egal, oder? Es ist doch schön. Es ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich habe Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder gegen den Baum gefahren hast, du kleiner
Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, mal von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötchen nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was will der da? Pinken Flamingo. Pinke Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine stehen. Bevor ich bei mache ich einfach irgendetwas. Was ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bist du, hey, ich schmier dir aus. Ja, den halt. Kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur mehr Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich habe Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder die BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner, elendiger, Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay.
sie ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, mal von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinker Flamingo. Ein pinker? Was will der da? Pinker Flamingo. Pinker Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine stehen. Bevor ich bei mache ich einfach irgendetwas. Was? Ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Hey, ich schmier dir aus. Ja, den halt. Kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du. Oh, die Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich kann Hosensäck. Die Mutter hat mir erzählt, dass du wieder die BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner, elendiger, Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay.
Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, mal von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Deine Mutter hat mir gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo und wo will sie hin? Auf dem Schweine. Okay, cool. Auf dem Schweine? Ja, auf dem Schweine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was will der da? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo! Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schweine zu stehen. Du Luzi, wir fahren nicht mehr ein. Mach einfach irgendeine... Schätzlitz. Schätzlitz. Ja, well, hallo zusammen. Ich bin wieder zurück. Kannst du mal etwas sagen, damit ich dich einpegeln kann? Hallo. Kannst du mich hören? Nein, ich höre dich. Ich höre ein bisschen etwas. Ist es jetzt besser? Ja, Okay. ich glaube Muss ich so. jetzt einfach die ganze Zeit näher dranbleiben oder wie? Also nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, Also ich muss sagen, ich höre mich selber auch. Und ja, ja, das ist ja schön, oder? macht Ja. das Reden gleich viel angenehmer, finde ich Ja. immer. Fuck, ehrlich kann ich mir das Verlängerungs kaufen. Ja, wie hat dir das Intro gefallen? Ja, gut. Sehr gut. Das ist doch schön. Ich fand die, waren das CT-Scans? Ja, ich habe einfach auf Giphy neu eingegeben und das ist das rausgekommen. Die haben mir auf jeden Fall sehr gefallen. Sehr ansprechend. Ja, voll cool. Also ja, das ist der Josh. Ich habe ihn auf Jodel kennengelernt, wie so viele Menschen auf dieser Welt, inklusive meiner Verlobten. Es hat eigentlich alles angefangen mit einem Post, wo du geschrieben hast, von wegen, ja, du siehst da neu zuzügelt und suchst irgendwelche Künstler oder Kunstszenen von... Ja, ich habe so nach der lokalen Kunstszene, im Aargau. Kollektiven
Ja, nicht nur Aargau, ich habe auch Zürich und Ja, Umgebung ja. gesagt. Das habe ich mir ein bisschen realistischer vorgestellt auch. Ja, ich meine, der Aargau ist so, was haben wir? Rüebli-Torte, weisse Socken, Sandalen, schlechte Autofahrer. Klingt auch eigentlich nach einer guten Beschreibung für sehr viele Deutsche. Besonders das Sandalen und Socken. Ja, ist das so. Ja, ich glaube, ein bisschen weiter kann ich drehen. Dann sind wir beide etwa gleich laut. Ja, wieso Neuro geschnetzelt? Keine Ahnung. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Sind wir ehrlich. Ja. Wenn ihr sonst gerade Themenvorschläge habt, wo wir darüber reden wollen, sonst fangen wir einfach mit irgendeinem Thema an. Ich würde erstmal vielleicht anfangen, weil es hat ja schon einen Grund, warum das Neurogeschnetzeltes heißt. Ah, ja, stimmt. Eigentlich schon. Das Neuro ist halt, weil wir beide halt nicht so neurotypisch sind, obwohl ich das Wort eigentlich ziemlich doof finde, gewisse Sachen. Aber ich meine, ich selber bin seit meinem 3. Lebensalter mit ADHS diagnostiziert worden und ja. Das freut mich für dich. Das ist Ja. Fluch und Segen zugleich. Das ist Fluch und Segen zugleich. Und ich habe eine F31.4 bipolare affektive Störung und muss damit halt versuchen, meinen Alltag zu bestreiten. Und aufgrund von halt unserer Erkrankung hat man halt auch irgendwie teilweise manchmal einen anderen Blick auf die Welt, weil man sie halt auch anders ein bisschen wahrnimmt. Und weil wir eigentlich ziemlich viel immer miteinander geredet haben, haben wir uns gedacht, ja, okay, wir haben schon manchmal eine ähnliche, aber manchmal auch sehr, sehr unterschiedliche Sicht auf Dinge. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen. Oder eher gesagt, du bist auf die Idee gekommen. Ich ja nicht wirklich. Ich habe eigentlich schon länger mal einen Podcast machen, aber ich habe irgendwie nie den wirklich... Also ja, Partner hätte ich eigentlich schon gefunden, aber das Problem ist, er hat mir dann auch abgesagt, er ist auch ein ADHSler. Ja, es ist das Typische, man nimmt sich so viele Sachen vor, man sagt allen Bescheid, ja, wir machen das und irgendwann ist es so viel, dass du einen halben Nervenzusammenbruch bekommst, weil dort jeden Tag am Säckeln bist, zum Sachen machen, wo du eigentlich Bock drauf hast, aber gleich keine Ruhephasen hast oder so. Ja. Und geschnetzelt, ja, tönt halt lustig, oder? Ja. Vor allem so die kulturellen Unterschiede. Ich meine, wie man schwer hört, der Josh kommt aus dem Deutschen. Wir haben vor allem viel diskutiert über so kulturelle Unterschiede von Schweiz und Deutschland, obwohl das zum Teil Überschneidungen gibt, aber zum Teil halt komplett verschieden ist. Ja. Ja, also besonders mir sind die halt am Anfang aufgefallen. Also ich bin so ein bisschen halt auch mit so ein paar Schweizer Kultursachen aufgewachsen, weil mein Vater Schweizer ist. Deswegen hatte ich schon immer so ein bisschen einen Bezug dazu, aber zum Beispiel das erste Mal, als ich länger in der Schweiz war das wegen einem Praktikum. Da habe ich mich am Anfang auch so ein bisschen, allein schon wegen so Sprichwörtern oder sowas, ein bisschen verloren gefühlt manchmal, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Weil es halt einfach so, da kommt der Chef zu mir und sagt, ja, siehst du es noch? Und ich so, was soll ich sehen? So, das habe ich noch nie zuvor gehört. Also, woher soll ich denn wissen, was das heißen soll? Ja, das ist halt so die Eigenart, weil das Schweizerdeutsch halt zwar eine alemannische Sprache ist, aber gleich halt so viel Einfluss hat von so vielen Sachen. Ich meine, Deutschland hat ja auch recht die Unterschiede wegen ihrem Dialekt. Aber die Schweiz finde ich manchmal fast extremer. Vor allem so, wir sind eigentlich viel kleiner wie Deutschland, aber ich habe das Gefühl, wir haben schon fast mehr Dialekt und mehr Eigenart in der Sprache. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also ich meine, ich würde besonders sagen, so die neuere, jüngere Generation in Deutschland, so Generation Internet und so, das spricht eigentlich sogar selbst, wenn du so im tiefsten Sachsen aufwächst oder so, die sprechen meistens dann halt auch eher jetzt inzwischen Hochdeutsch. Also es ist dann
eher untypischer, dass du jemanden siehst, der jüngere Generation ist und allein noch irgendeinen Dialekt spricht. Mhm. Und bei uns in der Schweiz fährst du ins Büttenland rein. Ja, die Huren Unterländer, die Tonda, die können mir alle am Arsch lecken. Oder das Walliser Deutsch. Oder was gibt es noch? Davor St. Galler Dialekt. Vom Walliser wurde ich immer gewarnt. Das, Da hat immer gesagt so, ja, keine Sorge, wenn du die nicht verstehst, die verstehe ich auch nicht. Nein, Walliser Deutsch. Das ist so etwas, wo die wirklich, wenn ich denen zulasse, denke ich mir einfach so, redest du noch Schweizerdeutsch oder ist das eine eigene Sprache? Weil es gibt schon gewisse Zusammenhänge, Vorwörter, die eigentlich überall ein bisschen gleich sind, die auch rausgehören. Aber jetzt zum Beispiel so einzelne Wörter, jetzt zum Beispiel das Wort, wir Aargauer und Zürcher sagen Rahm zu einer, oder wie sagen die Deutschen zu dem? Auch Rahm? Sahne! Also es gibt Rahm und Sahne, also beides in Deutschland. Aber es gibt auch manche Leute, die dazu Schmand sagen. Und es gibt auch manche Regionen in Deutschland, da heißt es auch so, da steht es, gehst du in Lidl rein und kaufst Schmand. Okay. Ja. Aber das ist, glaube ich, Schmand ist, glaube ich, auch einfach nur Sauerrahmen. Hey, Sally Max. Ja, es ist eben, wie gesagt, Rahm in Aargau und zu Bern oder zu Basel sagt man dem Nidle. Ja, dem sagt Das habe ich noch nie gehört. ja, also, du gehst auf Bern oder Basel, sorry, wenn ich jetzt gerade Berner und Basler einen Topf rühren, aber ich bin Schweizer, ich darf das. Embry und Embrüff. Oh mein Gott, das ist Embry und Embrüff. Was heißt das schon wieder? Das ist Walliser Deutsch. Embry und Embrüff. Ja, du guckst mich so an, wie jetzt würdest du mich fragen, aber ja, was weiß ich. Ja, stimmt, das kann eigentlich noch recht sein, dass die Walliser vor allem abgeleitet haben vom Französischen her, weil es eigentlich französischsprachige... Ja, das habe ich auch gemerkt, dass es halt auch viel mehr so Einfluss von, oder allgemein hier mehr Einfluss von italienischen Wörtern oder französischen Wörtern gibt, weil zum Beispiel das erste Mal, als ich meine Reifen wechseln wollte, also ich musste mir neue Reifen kaufen und in Deutschland gibst du dann einfach Reifenwerkstatt oder Reifenhändler oder sowas ein, weil es gibt einfach so Großhändler, wo du hingehen kannst, die haben so ein riesen Lager, dann guckst du online, ob die deine Größe haben und dann gehst du einfach vorbei und die schrauben dir das an und so. Und hier war es dann erstmal so und kam so, ja, hat sie kein Reifencenter oder sowas? So, guck mich die ganze Zeit um, okay, gibt es hier denn eine Reifenwerkstatt? Und gar nichts. Und dann merke ich erstmal so, okay, was ist das überhaupt für ein komisches Wort, was die da alle an ihren Werkstätten haben? Pneu, Pneu, was heißt das? Ja, Pneu ist auch ein geiles Wort. Das, manche Sachen kannst du recht gut ableiten. Also Embry und Embruf heisst auf Walliser Deutsch abe und ufe. Okay, Wie gesagt, das Walliser schockt mich ein bisschen. Das ist ein bisschen weird. Da würde mich der Wortursprung aber auch irgendwie interessieren, wie man darauf gekommen ist. Mädel, Leute. Metal, Leute. Weirder Chat, aber okay. Das sind alle Leute willkommen, auch der Drachenlord. Ja. Nein, Der Drachenlord ist jetzt auch in der Gegend, wo ich eigentlich auch hergezogen bin. schon. Ja. Das Der- ist, finde ich, ein bisschen schade, weil vorher war er in Bayern unterwegs und jetzt ist er in Sachsen unterwegs. Und war letztens auch in der Stadt, wo ich halt hergezogen bin. Mit seinem Ford. Ja, den hat er ja schon lange nicht mehr. Ah, nicht. Nein, nein. Der hat ja gar keinen Führerschein. Hä? Ja, Hat den sie hat ihn er, entzogen oder hat ja, er ja, ihn der hat seinen Führerschein entzogen bekommen, weil in Deutschland kannst du deinen Führerschein verlieren, wahrscheinlich in der Schweiz auch, wenn du Gewaltstraftäter bist. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Und er musste dann halt zu einer, er hätte ihn eigentlich erst nicht verloren, er hatte ihn erst wurde ihm halt entzogen und dann hätte er zu einer MPU, halt medizinisch-psychologische Untersuchung gehen müssen, also von einem Arzt abchecken lassen, ob er noch fahrtauglich ist. Ja.
Und das hat er nie gemacht. Und deswegen wurde ihm sein Führerschein dann halt abgenommen. Ja, fair. Ich meine, wenn du einfach so wichtige Termine verschwendest. Ja, kann mal passieren, ne? Kann passieren, ja. Aber ja, wenn wir schon beim Drachenlord sind, ich meine, wir sind ja auch schon mal auf das Thema gekommen, von wegen, dass er sehr vielfach, es hat ja auch schon Dokus über ihn gegeben im öffentlichen Rundfunk in Deutschland, wo er wie voll in die Opferrolle gepresst worden ist. Wo ich aber muss sagen, so, ja, ich meine, schau, das, was man mit ihm gemacht hat, ist schon moralisch verwerflich. Aber es ist halt so gewesen, er hat es halt auch wirklich provoziert. In einer Grundart und Weise hat er das auch wollen, um halt krankhaft Aufmerksamkeit zu bekommen. In irgendeiner Form. Ja, schon, also, aber es ist halt auch irgendwie immer noch die Frage, wie viel kann man ihm halt wirklich auch zusprechen, dass er das halt auch aktiv genutzt hat, ohne sozusagen wie, dass er die Konsequenzen davon sehen kann, weil es gibt halt psychologische Gutachten über ihn und da wird halt sehr häufig von einer geminderten Intelligenz gesprochen. Und jeder, der sich irgendwas mal über den angeguckt hat, weiß halt, der ist halt nicht gerade der Hellste. Ja, ja, also es ist halt, es ist so ein bisschen Mischung gewesen, halt, wie es nicht begreifen, halt, dass das Provozieren eigentlich nicht extra gemacht hat, sondern eher halt, wenn er so reagiert hat, weil ihm vielleicht auch wahrscheinlich auch die emotionale Intelligenz dazu gefällt hat, sich von dem emotional zu distanzieren, denke ich mal, weil er glaube ich auch nicht so die super Kindheit gehabt, wo sie alles so mitbekommen haben, von wegen, dass sein Dad abgehauen ist. Nee, sein Dad ist nicht abgehauen. Oder, ist falsch? Sein Dad ist einfach nur relativ früh an Krebs gestorben. Ah, Ich glaube, es war an Krebs. Aber seine Mutter ist glaube ich abgehauen. sobald der Vater dann gestorben war, aber da war er auch schon volljährig. Also ich weiß nicht, wie alt genau, aber müsste schon so um die 20 gewesen sein, mindestens. Und die Mutter ist dann halt auch aus dem Haus ausgezogen und hat erst dann die Schwester auch. Und dann war er da erstmal mit der Großmutter alleine. Und das hat er halt nicht gehandelt bekommen. Und dann hat er die Großmutter in ein Heim gegeben. Und dann hat er halt die ganze Schanze für sich allein gehabt. Morgan J.K. Geography. Ja, ich finde es einerseits wirklich eine tragische Story, weil es halt. Es hat so viele Leidtragende gegeben in dieser ganzen Geschichte. Nicht nur der Drachenlord an sich, auch ein Dorf, das lang darunter gelitten hat. Vor allem unter den Hatern. Also es tut mir auf einer Seite irgendwie leid, aber auf einer anderen Seite muss ich darüber auch ein bisschen schmunzeln. Ja, das schon. Ich meine, sorry. Die Chance. Sind halt auch so lustige Szenen dadurch entstanden. Was ist das denn so? Ja, sie haben sie ja abgerupft. Die Gemeinde hat ja die Chance gekauft. Für, glaube ich, einen recht guten Preis. Nee, ich Oder, glaube nicht, dass es ein guter Preis war. Also ich kenne mich jetzt nicht so mit also es hat Immobilien in für den Ford Schauerberg aus, aber es wird vermutet, dass er dafür so um die 70.000 Euro bekommen hat. Ich meine, Ja, okay, großes sagen wir es Grundstück so. mit so mehreren Gebäuden drauf. Ja, aber Gebäude kann man das nicht nennen. Das, was du im Nachhinein gesehen hast, was für einen Zustand das die heute war. Ja, renovierbedürftig. Kann man so nennen. Ja, oder wie Vermieter würden sagen, im rustikalen Stil. Ich glaube, so ein richtig guter Vermieter hätte das schon wieder hinbekommen. Einfach über alles weiße Farbe drüber. Aber dort ist mindestens etwa 3 Schichten gebraucht, dass so viele Graffitis aus der drin hat. Und Ja, da kommt einmal Tiefgrund rüber und dann kommt weiße Farbe. Obwohl ich weiß nicht, ob ein Vermieter weiß, was Tiefgrund ist. Ganz ehrlich.
Ich meine, bei mir das ist auch so eine Altbauwohnung, jetzt so komischer Schweizer Altbau. Äh, Da ist auch die Badezimmertür, das blättert so die ganze Zeit Farbe ab und du siehst, unter der Farbe ist einfach noch eine Schichtfarbe. Und unter der Farbe ist noch eine Schichtfarbe. Ja, Das ist wie so ein abschliffen, Blätterteig. Ja. Den Vermieter Special. Ja. Oder ich meine, jedes Mal, wenn du einen Raum streichst, wird der Raum kleiner. Die Wände kommen näher. Mm. The walls are moving. Ja. Ja, das Drachenlord-Zeugs, das ist einfach das ganze Drachengame, das sich dort aufgebaut hat mit dem Imp-Übermensch und dem Dorian, ist so. Ja, auch schon recht profitiert von dem ganzen Drachengame und Dorian ist ja recht, glaube sogar verurteilt worden. Wegen Volksverhetzung. Oder. Volksverhetzung klingt nach irgendwas, was es vielleicht einfach schon gar nicht mehr gibt. Aber nee, ich glaube, er war das, oder war der das? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht genau sagen, deswegen halte ich mich da jetzt erstmal raus. Ja, Aber fair. ich weiß, dass der Dorian irgendeine Strafe bekommen hat. Es gibt mehrere halt im Drachengame, die so größere Trollaktionen gemacht haben, die verurteilt wurden. Es gab ja auch dieses Swatting. Derjenige, der das gemacht hat, der ist auch verurteilt worden dafür. Und ich glaube, der ist sogar ins Gefängnis gegangen dafür. Finde ich aber fair, weil SWAT, das ist so etwas, wo ich muss sagen, haha, funny, der Drachenlord SWAT, die kommen rein, verschwendet Steuergelder. Also ich meine, in Deutschland ist es noch ein bisschen humaner, in den USA kann es sein, dass du einfach verschossen wirst. Ja, kann in Deutschland inzwischen aber auch sein. Schon? Es ist schon krass geworden auch. Ich habe dir ja auch mal die Videos gezeigt, also Ja, stimmt. wo zum Voll. Beispiel dann so dieser Wasserwerfer, der Räumpanzer. Das ist auch so, so Szenen hast du in der Schweiz grundsätzlich nur am 1. Mai in Zürich. Ja, aber das habe ich auch gesehen jetzt so ein bisschen online und so. Und das war ja auch eigentlich gar nicht mal so crazy. Es wird halt vielfach recht aufgepusht, weil es sind ja nicht nur die Randalen, die dort sind, es gibt ja auch viele Genossenschaften, beziehungsweise auch Arbeitnehmerverbände auf der Straße, die Unia und so. Und von dem hast du meistens siehst von dem nichts, weil es halt nicht polarisiert, weil es halt ja, es gibt halt keine Klicks. Ja, Oh, aber oh. ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu sehr an so Krawalle und sowas gewöhnt. Ja, ich meine, du hast ja Krawallen mitbekommen in Leipzig. Mhm. Aber da, was du mir erzählt hast mit dem huren Wasserwerfer, dass die kein Trinkwasser nehmen, um die Leute abzuspritzen. Nein, sie nehmen einfach fucking Abwasser. Und nachher stinkt einfach Leipzig nach einer Demo. Einfach so, wie lange nach Scheiße? Ja, nur ein paar Tage. Ja, nur ein paar Tage. Es ist eigentlich so wie bei jedem Mülltag auch. Also Müll ist sowieso auch was mich hier ein bisschen schockiert hat. Es hat so einen Müllbeutel. Und den Rest muss man irgendwie so selber entsorgen. So Papier und so. Es gibt gar Ja. keine Papiertonne. Deutschland hat's immer, du hast immer 3 Tonnen. Ja, und ich war so das letzte Mal verwirrt gsi, wo ich in Hamburg war, beim Airbnb. Wir haben müssen Vermieterin fragen, so, was, wo? Plastik, Gallitonnen, what? What? Ja. Ich bin Schweizer, so, ja, ich will einfach alles in den Sack und stelle es an die Straße. Und dann wird es halt verbrannt. Ja, das fand ich, hat mich auch irgendwie sehr verwirrt. Also es gibt ja eigentlich Regelungen, was man in der Schweiz in diesen Sack reintun soll und was nicht. Zum Beispiel Papier eigentlich auch nicht. Papier sollst du ja eigentlich, es hat immer so Sammeltage. Ja, Und dann hat es ja auch noch so Verwertungspunkte, wo du das hinbringen kannst. Aber zum Beispiel der um Wettingen, der hat kein Papier. Deswegen weiß ich nicht. ich wüsste es gar nicht. Nein, Wo- zu Wettingen wohin? weiss ich jetzt nicht unbedingt.
Äh, also ich gehe halt immer zu Brücke entsorgen. Also ja, Menschen, die ihr Leben im Griff haben, einen Abfallkalender daheim haben, die stellen ihren Karton raus und ihr Papier. Aber Kannst du mir auch nicht sagen, dass sie das so wirklich einmal im Monat hinbekommen, so ihren ganzen Scheiß zusammen. Stell dir vor, du hast nur so eine 3-Zimmer-Wohnung oder so und musst dann so für einen ganzen Monat Papier so irgendwo sammeln. Wo willst du das denn tun? Alles in deinen Keller oder was? also ja, ich bin halt so privileged gewesen bis jetzt, dass ich 15 Bewohner hatte mit einem Vorratsraum, da hast einfach alles reingerührt. Vorratsraum? Ja. Der Müllraum. Ja, es ist mehr der Müllraum, gewesen, wo Okay. der Kühlschrank drin steht. Ja, mit einer Neonröhre, wo du sie antust, musst du zuerst ein paar Mal warten, ein paar Mal Starthilfe geben, bis sie endlich anspringt. Ja, Neonröhren sind auch so ein Teil, was so in der Zukunft es irgendwann nicht mehr hat, außer bei so Liebhabern. ja, das ist wie Glühbirne, also die normale Glühbirne mit dem Wolframdraht drin. Ich meine, es gibt fix schon Leute, die Neonröhren sammeln. Ja, locker. Es gibt ja auch diese komischen, es hat ja so Neonschilder und so. Die werden ja häufiger immer mehr aus so LEDs und so einen Scheiß gemacht. Aber es gibt halt wirklich welche, die halt noch so diese ganzen Sachen selber formen und so. Dann halt mit Neon, dem Gas oder so füllen und so ein Scheiß. Und die sind sauteuer. Ich glaube schon, dass es dafür dann Leute gibt, die das geil finden. Ja, Schatz, ich weiss, wir haben einen Abfallkalender. Der hängt am Kühlschrank. Aber glaubst du ernsthaft, ich habe mein Leben so fest im Griff, dass ich da einmal drauf geschaut habe? Habt ihr in Deutschland auch einen Abfallkalender? Oder? Ah ja, Nein. stimmt, nein, bei euch wird es ja regelmäßiger abgeholt. Es wird mit der- einmal die Woche wird halt alles abgeholt. Also es gibt dann verschiedene Tage, dann kommt an einem Tag wird dann zum Beispiel, nennt man einfach so gelber Sack eigentlich. Das ist so die gelbe Tonne, da ist dann meistens nur so alles Mögliche, was so mit Plastik zu tun hat. Da kann man auch zum Beispiel, wenn man einen Teller fallen lässt, Scherben, kleine Elektrogeräte darf man da sogar auch reinschmeißen. Okay. Dann hat es den Restmüll, das ist so alles, was so. Für den muss man eigentlich auch am meisten zahlen. Für den Restmüll. Der Rest ist kostenlos entsorgt, aber Restmüll, die Tonne, dafür bezahlt man. Also die ganze, wenn man in einer Wohnung wohnt, in einem Haus, du bezahlst halt Nebenkosten und da drin sind die Abfallentwertung auch schon mit inbehalten. Okay, das hast du meistens eigentlich auch in der Schweiz so. Das, Warum habe ich dann keine 3 Tonnen? du hast einfach einen Container, wo du den Müllsack reinrührst. Fertig. Die Müllsäcke sind aber auch so teuer. Ja, es kommt Also drauf du an, wer zahlst was dann ja für- schon Nebenkosten und dann musst du auch noch diese Müllsäcke kaufen und dann zahlst du ja doppelt, oder nicht? Ja, es kommt halt immer darauf an, wie es aufgebaut ist, weil das ist auch wieder von Gemeinde zu Gemeinde unterschieden. Das ist also der Kantönli-Geist, den wir in der Schweiz haben. Fahrst du in ein anderes Dorf, ist es wieder anders. Bei uns in Tegerfeldern ist es so, dass du literally einen Müllsack hast und dann hast du so Abfallmarken, die du drauf klebst und dann stellst du ihn voraus. Okay. Und andere machen es mit der Säck und Spreitenbach, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das immer noch so ist, aber Spreitenbach ist mal gratis gewesen, lange Zeit. Und deswegen sind viele Leute am Wochenende Spreitenbach gefahren und haben ihre Müll dort überall Nee, Spreitenbach ist auch nicht mehr so. Spreitenbach muss jetzt auch so Säcke kaufen, wo halt drauf steht, dass die von Spreitenbach sind. Finde ich aber fair. Aber ja, wenn wir schon bei dem ganzen Entsorgungszeug sind, ich finde, Deutschland ist, was das anbelangt, viel fortschrittlicher wie die Schweiz. Ich meine, Eigentlich hatte ich so ein komplett anderes Bild in meinem Kopf, weil vielleicht liegt es auch einfach nur an meiner Großmutter, weil die hat halt wirklich so alles Müll getrennt. Sogar Sachen, die du gar nicht trennen musst. Eigentlich so diese ganzen kleinen Plastikfenster von so einem Brief oder so, die sind gar kein richtiges Plastik. Die sind auch, das ist auch biologisch abbaubar. Das kannst du auch einfach in Papiermüll werfen. Aber selbst das hat die abgerissen und so getrennt und alles einzeln so in so Tüten verpackt und das dann so zum Recyclinghof gebracht und so. Und meinte immer zu mir so, wenn du das nicht so machst in der Schweiz, dann kriegst du eine riesige Geldstrafe. Und ich so, okay. oh, okay, ich habe bis jetzt noch nie eine Geldstrafe bekommen, weil ich irgendetwas falsch entsorgt habe. Ja, keine Ahnung, meine Familie hat mir immer so komische Sachen über die Schweiz erzählt, damit ich mich benehme.
Einfach so armen Märchen über die Schweiz, ne? Wenn du den Müll nicht trennst, dann kommst du in den Knast. Das ist meinem Urgroßvater passiert. Der ist im Knast gestorben. Auf jeden Fall, manchmal bin ich dann so, das war, als ich in der Uni angefangen hatte und dann so mit so ein paar Sachen ist mir dann aufgefallen, so, ja, okay, die haben mir Scheiße erzählt. Als ich das dann so, ja, stimmt das, dass man das und das, so zu den Kommilitonen oder so, und die so, nö. Hä, nein? Ich so, okay. Never mind. Ja, ich meine, Deutschland wegen bessere Mülltrennung und vor allem auch das Pfandsystem finde ich eigentlich super. Obwohl das ein bisschen ausgeartet ist, dass es eigentlich fast so der zweite Grundbaustein von eurer Pension ist. Ja. Aber ich meine auch das Mehrwegflaschenprinzip, wo wir, glaube ich, teilweise in der Schweiz auch haben. Mit, ja, vor Das ist allem aber auch schwierig, Mehrweg für manche, was war es nochmal, für so. Die werden halt alle eigentlich dann wieder recycelt. Und es wird sozusagen wie nur eine gewisse Anzahl an, also die Kisten, die sozusagen wie wieder zurückgehen, dürfen sozusagen wie auch wieder rausgegeben werden. Und es hat sozusagen wie eine fixte Anzahl, die, ich glaube, manche so Getränkehersteller bekommen oder sowas. Also ich hatte mal in so einem Recycling-Teil gearbeitet, wo man dann die ganze Zeit einfach nur so Kästen sortiert und dann halt wieder wirklich zurückbringt an die Hersteller. Also du hast dann da zum Beispiel irgendwie so 20 Cola-Kisten und die packst du dann auf eine Palette und die wird dann zurückgeschickt an das Abfüllwerk. Okay. Und wenn die halt sozusagen wie die Kästen nicht zurückbekommen, dann haben die halt auch keine, die rausschicken können. Und deswegen war das irgendwie so ein ganz komisches Problem. Ich weiß nicht, ob sie das inzwischen gelöst haben oder nicht. Aber ich weiß nur, dass sich damals irgendwie alle drüber beschwert haben und in diesem, das war undankbare Scheißarbeit, aber da dann sich auch irgendwie manche ältere Arbeitende, die da gearbeitet haben, richtig damit profiliert haben, so, ja, die Getränkeindustrie, die läuft eigentlich nur auf unseren Nacken, ne? Also ja, Digga, nein. Aber wenn man sich wichtig fühlen mag, ist auch gut. Ja, sorry Geraldine, Bananensaft. Habe ich auch schon mal gehabt. Das ist Ich habe nicht mich so richtig mies an einer Bananensaftflasche geschnitten. geil. How? Die hat es häufig auch in so Glasflaschen. Und du musst halt so die ganze Zeit am Sortieren. Und davon hat es halt auch Kisten so von so lokalen Scheiß. Und da war halt oben der Rand abgebrochen. Ich habe da reingepackt, halt so mit dem Daumen. Das war auch was richtig Schönes an dieser Arbeit. Das passiert nämlich sehr häufig. Oder du siehst was, ist eigentlich so eklig, was Leute alles in Flaschen reinschmeißen. Also das, was wahrscheinlich am meisten ist, sind wahrscheinlich Ziegenstümmel. Ja, das war schon das. Aber ich glaube, das ist ziemlich normal. Ich meine, das so kann ich ekelhaft ist das nicht. Aber es gibt halt echt welche, die sind so richtig crazy. Weißt du so, okay, das stand jetzt so gefühlt 10 Jahre irgendwo rum, ist so komplett überquillen mit Schimmeln und so. Ja, das ist auch gut, das kann man noch brauchen. Ne? Einmal durch die Wäsche laufen und dann nachher wieder Cocky reinfüllen. Ey, die werden einfach zurückgeschickt. Keine Ahnung, was sie damit machen. Vielleicht ist die heute neu im Umlauf. Ey, ich hoffe es nicht. Oh, Würde ich keinem wünschen, daraus zu trinken. nein, das ist schon. Aber was mir jetzt auch irgendwie. Ich bin ja auf Arbeitssuche. Mhm. Und Ich auch. ja, wir sind beide auf Arbeitssuche. Wie läuft das bei dir? Ja, also ich habe witzige Story. Ich habe mich ein paar Sachen mal beworben. Meistens nur Absagen bekommen, obwohl das eigentlich super ins Profil würde passen. Ich habe natürlich jedes Motivationsschreiben mit ChatGPT schreiben lassen, weil, sorry, Ey, kann ich aber auch nachvollziehen. ja. Und da habe ich so viele Absagen bekommen, da dachte ich, wisst ihr was, fickt euch. Da habe ich einfach schweizerdeutsches Motivationsschreiben gemacht.
das abgeschickt als Flottenwart. Irgendwann in Zürich, wo ich halt so Autos putze und den Zweck mache und so kleinere Reparaturen. Dann läutet der mir an. Ich habe nächste Woche ein Bewerbungsgespräch dort. Ey, für sowas hatte ich mich auch beworben in Baden, aber bei mir meinten die so, ja, sorry, du passt nicht für diesen Job. Und ich so, Digga, was meinst du, ich passe nicht für diesen Job? Autos sauber machen. Ich mache mein Auto so gerne sauber. Ja, aber bei mir ist es halt so, ich habe halt meinem Kollegen bei seiner Autowerkstatt halt häufig geholfen und es macht halt auch einen Eindruck. Und vor allem, ich habe halt ein riesen Motivationsschreiben gemacht und einfach drauf losgeschrieben. Ich habe es gerne an meinen YouTube-Kanal verlinkt. Ey, aber Also, meinst du, der hat das angeguckt? Meinst du, das ist jetzt ein Subscriber von dir? Hä? Der vom HR-Department, der sich deine Bewerbung angeguckt hat? Also ich glaube, ich habe das erste Durchschau-Video verlinkt, von wegen, zum Zusammenhang von wegen, hey, ich bin mega autobegeistert, ich baue mir momentan einen Durchschau zusammen, das ist das Video. Also ich glaube, er hat es angeschaut. Es kann vielleicht auch sein, dass er jetzt gerade zuschaut. Ja, grüezi, ja. Moin, nur 9 Leute, sehr langweilig, ich gehe. Ja, hoffentlich auch. Weil, sorry. It's Sophie Roblox. How old are you? 5? Ist das heutzutage eigentlich noch das Ding, Roblox? Ja. Schon? Ja. Oh mein Gott. Es gibt aber auch viele so, ja, keine Ahnung, Leute, die schon erwachsen sind, die Roblox spielen. Das sind sicher zu 90% Brownies. Zurück zum Ich Thema. glaube, das ist kein wirkliches Ding mehr, so Bronies. Ich glaube, das war so zu unserer so jüngeren Zeit, wo Internet aufkam, war das ein großes Ding. Aber inzwischen, ich glaube, das ist so eine dying breed. Ja, weil sie sich auch nicht vermehren, weil es lieber Küsse befriedigen, die aussehen wie Ponys. Und ich meine, ich denke mir dann amigs immer so, welche Frau würde einen Brony daten? Und ich komme nie auf einen Entschluss, außer einen anderen Brony. Ich meine, mit vermehren jetzt nicht unbedingt, dass sie Kinder bekommen, sondern dass das Fandom wächst. Dazu braucht es nicht, dass sie Kinder bekommen, sondern dass es einfach nur irgendwem My Little Pony zu sehr gefällt. Also ich bin ehrlich, ich habe es auch schon mal angefangen zu schauen und ich habe es nicht für schlecht befunden. Es ist schon... Ich kann nicht nachvollziehen, wieso dass man ein verficktes Bodypillow kaufen will, wo in anzüglichen Fotos ist und so, weil das geht dann schon fast in Zoophilie rein, was ich auch nicht so geil finde. Kann ja auch nicht sagen, wo da die Grenze Ja. ist, die man überschreiten muss, um sowas zu machen. Also ja, zurück zum Thema von wegen Stellen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass er das YouTube-Video gesehen hat und denkt jetzt so, ja, easy. Es ist halt der Vorteil, es ist ein Verein, der das macht. Der Tixi heisst es, glaube ich. Tixi Taxi. Wo also, so ein gemeinnütziger Verein, die gibt es, glaube ich, seit den 80er Jahren. Für so beeinträchtigten Transport und so. Und die haben und vor allem, es geht dann nicht über ein HR, weil er sucht einen Stellvertreter für sich und halt einen Flottenwart selber und dann geht es nicht über das HR. Weil dort habe ich eigentlich am meisten Chancen, vor allem mit einem schweizerdeutschen Motivationsschreiben, weil es halt Nähe zeigt und halt, ich meine, ich bin halt so, wie ich bin. Ich sage nicht da, oh, ich bin der Beste, ich bin der Motivierteste, ich hole eure Firma aus dem Scheiß. Also ich habe einfach geschrieben so von wegen, hey, Ölwechsel kann ich, Reifenwechsel kann ich, Lampenwechsel kann ich. Und ja, und ich glaube, dass bei mir, vor allem was bei mir das Problem ist, ich überzeuge schriftlich nicht so und auf dem Papier will ich halt meinen Lebenslauf, ja, ich meine, was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe Metallbaulehre gemacht, da habe ich Pöstler gemacht und that's basically it und halt ein bisschen geholfen bei meinem Kollegen in der Werkstatt. Und also ja, mein Lebenslauf auf LinkedIn sieht viel besser aus. Ich habe übrigens ein LinkedIn-Profil.
Ich würde aber sagen, es ist nicht unbedingt immer vom Vorteil, so ganz viele Sachen da drauf zu haben, sondern auch zu zeigen, dass man eine Sache länger gemacht hat. Weil wenn man irgendwie in deinem Lebenslauf sehen kann, dass du so gefühlt alle 3 Monate deine Karriere wechselst, dann wird auch jemand aus dem HR-Department dann sagen, ja okay, dann wird der hier wahrscheinlich auch in 3 Monaten abhauen und wir wollen schon einen Arbeiter, der länger da bleibt. Ja, fair. Und ich glaube, das ist mein Problem. Weil ich einfach so Ja, das ist wahrscheinlich schon zu auch, häufig meine Karriere gewechselt habe. ja, das ist bei mir wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem. Also ja, nein, nicht das Problem. Ich meine, ich bin jetzt 2 Jahre Bachelor gewesen, etwa auf den Tag eigentlich, auf den Monat genau 2 Jahre. Aber es hat so viel mehr dahinter gesteckt, dass ich den Job gewechselt habe, wie nur weil es mir nicht gefallen hat. Ich habe meinen Job geliebt, ich habe den Kundenkontakt geliebt. Nur das Problem ist, dass ich und die Post getrennte Wege gegangen sind, ist einfach, weil es mir von der Geschäftspolitik, dort wo sie hinwollen, halt als ja, Kundenkontakt halt nicht mehr so extrem wichtig, mehr auf Produktivität, was ich hure schade finde, weil die Post lebt von den Kunden, weil es gibt genug Alternativen, die günstiger sind, aber sie bietet halt nicht den Kundenservice und wenn du halt den Kundenservice abschraubst, was macht denn die Post noch speziell? Also ich kann darüber nicht wirklich viel sagen, was den Kundenservice angeht, weil Du ich habe bist meinen zu jung Postler für noch nie das. so wirklich gesehen. Und ja, maybe bin ich zu jung dafür. Und ich kenne halt hauptsächlich eigentlich so Deutsche Post, DHL, Hermes, manchmal UPS. Und aus Deutschland kennt man es nur, dass die extrem gestresst sind. Ähm, Selbst halt so die Deutsche Post und DHL Postler sind extrem unter Druck. Mhm. Und Also vor allem eigentlich Paketboten. ja, ja. Aber Pestler auch eigentlich. Also besonders so in so Großstädten und so, die müssen echt schon viel machen. Müssen auch, ich habe einmal jemanden, von denen sich so einen Austausch von denen mitbekommen, wo einer von denen meinte so, ja, ich mache das nicht mehr lange, wenn die Fahrräder immer schwerer und schwerer werden. Die sind ja jetzt schon fast doppelt so schwer wie früher. Ja, die Und da habe Arme ich mir so sicher, gedacht, ja, ja. okay, die Fahrräder, die sind riesig inzwischen. Ja, vor allem die Arme sicher. Wir in der Schweiz haben wenigstens noch den Vorteil, dass die dreirädige Elektro, also DXP oder die andere, sagt man gar nicht, die andere Marke, hast, wo by the way recht easy kippen. Ich habe in der Pöstler-Karriere, glaube ich, zweimal den Töpf umgerührt. Das ist scheiße. Das dauert doch dann ewig, alles wieder aufzuheben, oder nicht? Nein, du hast ja alles eigentlich in der Kiste drin. Ja, aber wenn dir das ganze Teil umfällt, fällt das nicht alles aus der Kiste raus. Wenn du Glück hast, nicht. Wenn du die Klappe zu hast, bleibt es eigentlich meistens am gleichen Ort. Wenn du Pech hast, verrührt es dir alles. Du bist eine Stunde lang am weiter einsortieren. Aber ja. Das finde ich auch crazy. Zum Beispiel in Leipzig hast du die Postboten, die haben alle basically einen Generalschlüssel für die Häuser. Weil die Briefkästen für die Häuser sind nicht draußen, sondern du gehst in den Flur rein und dann kommen die ersten 2 Wohnungstüren und direkt neben einer von den beiden sind alle Briefkästen und da schmeißen die halt die Post rein und die haben Schlüssel, um bei dir ins Haus zu kommen. Schwierig. Aber ja, ich meine, als Pöstler hast du gewisse Verantwortung, weil du das Briefgeheimnis nicht darfst verletzen. Was aber das Witzige ist, was viele Leute wirklich nicht begreifen, don't be a dick to your Pöstler, weil er erzählt es allen anderen Pöstler und die hassen dich dann auch. Und irgendwann ficken sie dich. Das glaube ich auch. Ja, aber das ist... Ich habe schon so viele Situationen mit Kunden gehabt, wo ich muss sagen so, hey, danke vielmals, dass für mich anfängst wegen irgendetwas 9. Wieso 9? Weil es halt immer Dienstleister ist. Ah, ja, meine Verlobte schreibt gerade von wegen,
Wenn du Pech hast, bremst der DXP auch nicht. Also, sie hat eine Story gehabt vor ich glaube, 2 oder 3 Jahren, dass sie einen Berg durch abgefahren ist. Und die DXP sind so aufgebaut, du hast ein Gas. Und wenn du vom Gas gehst, bremsen die automatisch mit Rückgewinnungsbremse. Also so regeneratives Ja, genau. Bremsen. Ja, genau. Funktioniert eigentlich recht gut. Nur das Problem ist, wenn du einen recht schweren Anhänger hast und irgendwie die Bremse versagt, fährst du einfach den Berg durch ab und bremst. Und das ist ihr passiert. Und du hast zwar immer noch eine Notbremse, aber das Geile ist, wenn sie hat die Notbremse gezogen, ist dann einfach instantly gerissen, weil irgendjemand das Ding nicht gewartet hat. Und Kostet der auch sie. Geld. Hä? Kostet ja auch Geld, Ja. sich um Und sein Zeug zu kümmern. ja, und der ist sie abgesprungen und hat sich 3 Mittelfußknochen gebrochen, einen Teil vom Gelenk und hat jetzt immer noch ein bisschen Probleme und Physio und ja, nicht so geil gewesen. Aber ja. Wie läuft es bei dir mit Jobsuche? Ja, mega scheiße. Was soll ich sagen? Also ich hatte ja letztens eigentlich eine sehr vielversprechende so Bewerbungsgespräche bei einem IT-Unternehmen, einem relativ großen. Und das erste Bewerbungsgespräch war halt mit dem Abteilungsleiter, für den ich dann halt auch gearbeitet hätte oder unter den ich dann gearbeitet hätte. Und ja, da war eigentlich alles cool und so. Und dann später nochmal ein anderes Bewerbungsgespräch mit sozusagen wie der Personalverwaltung. Das ist so bei größeren Firmen hast du das meistens, dass du mehrere Runden an Bewerbungsgesprächen hast, was ich hart unnötig finde, weil das ist einfach so... Ja, der erste checkt halt so ab, sozusagen wie ob du den Anforderungen, die sie haben, entsprechen würdest. Und HR guckt dann nochmal, vom Menschlichen her. ich weiß nicht unbedingt, ob vom Menschlichen her, so ein bisschen schon, glaube ich, ob vom Menschlichen her, ob es Ja. ins Team passt. Aber glaube ich auch ein bisschen von, die nehmen dann deinen Lebenslauf und so unter die Lupe und wollen dann halt auch sowas wie Arbeitszeugnisse und rufen dann halt auch wirklich da an und fragen, wie du dich benommen hast und so, Okay. wie du gearbeitet hast. Ja, Thali Cool Dr. Toad. Nice name, though. Ja. Und Und vor allem dann so, was ist diese Lücke im Lebenslauf? ja, werde ich immer gefragt eigentlich. Ich habe eine relativ große Lücke im Lebenslauf, weil ich da halt ja, in Therapie war. Das finde ich so ein Witz. Und dann muss ich eigentlich mich jedes Mal exposen. So, ja, da war da eigentlich? Ich sag immer, weil besonders in der Schweiz habe ich bei manchen Bewerbungsgesprächen mir dann irgendwie irgendwelche Scheiße anhören müssen. So, wenn ich gesagt habe, so, ja, ich habe eine bipolare Störung, weil, keine Ahnung, häufig spiele ich da mit relativ offenen Karten. Ja. Und inzwischen sage ich einfach so, ja, eine neurologische Erkrankung. Was für negative Erfahrungen hast du denn gemacht bezüglich dem Bipolaren, wenn du das gesagt hast an der Vorstellungsgespräch? Oh, da musste ich mir einmal eine halbe Stunde lang eine Rede anhören, dass es sowas nicht gibt. Nein! Und, Oh Gott! wir haben doch alle ein Haus Oh und Gott! fließend Wasser, Dach über dem Kopf. Du sollst doch nicht so tun, oder? Wir müssen im Winter nicht erfrieren. Wir sollten alle mal ein bisschen mehr dankbar sein. Ich glaube, wir sind alle nicht dankbar genug. Ich so, Ja, well, fuck you too. Es ist genau 1:1 gleich. Just go outside. Und dann habe ich mir die ganze Zeit so, ja, das ist aber halt, das ist nicht nur so in deinem Kopf drin, du kannst mit so wirklich CT-Scans kannst du sozusagen wie das neurologische Defizit bei einer bipolaren Störung sehen, also eine Unterentwicklung im Gehirn. Und er dann so, oh, wirklich? Und ich so, ja. Also, ja, aber trotzdem, man sollte mal ein bisschen dankbarer sein für was man hat. Und ich so, okay, was habe ich denn auch? Ich habe keinen Job, gib mir deinen Job. Ja, das ist halt so ein bisschen der Vorteil, also ja, Vorteil bipolare Störung, du kannst es so eine Art wie nachweisen. Beim ADHS ist es ja, klar hast du Abklärungen, aber es ist so, ja, ich meine, ich bin ehrlich, ich merke schon, dass ich ADHS habe, ja, aber keine Ahnung. Also früher als Kind war es recht schlimm gewesen.
Zeitweise ist es wieder recht gut gegangen, vor allem, weil ich auf das Ritalin und so verzichtet habe. Aber es ist gleich gewisse Sachen, wo ich muss sagen, so, hey, ich wäre einerseits schon froh, normal zu sein, in dem Sinn, von wegen, dass ich nicht mit der Sporadität oder mit dem, was sich halt auch ein bisschen mitzieht, es sind halt so Wutausbrüche, wo also ich bin drauf und dran, das Zeug in den Griff zu bekommen, wenn einfach so overstimulated und dann passiert noch irgendein Scheiß. Und dann bin ich einfach so, da kann ich mich nicht mehr haben. Also einfach so sehr niedrige Frustrationstoleranz. Also nicht unbedingt, es kommt immer darauf an, wenn ich schon einen scheiß Tag habe und dann heimkomme und dann noch irgendetwas dazu passiert, dann just. Die letzte Situation, die ich hatte, ist, dass ich mache momentan Zivildienst und ja, es ist so, ich will schon gern, ich fühle mich halt pretty useless, weil ich halt so Sachen mache wie Fötzeln und so Zeugs und das ist so für mein Brain halt so richtig unbefriedigend, weil ich nicht kann wirklich schaffen und machen, was mir eigentlich mega wichtig ist. Du kommst frustriert in die Bandprobe und dann willst du draussen nach der Bandprobe herhocken, schon die Ziege in der Schnur und dann kickt dir einfach der Drummer den Stuhl zur Seite und du gehst voll drauf. Und dann habe ich mich umgekehrt und habe gerade den Stuhl in den Stuhl gekickt und der ist halt kaputt gegangen. Aber ja. Das klingt für mich aber nach einer sehr menschlichen Reaktion in diesem Moment. Das ist jetzt nicht krass das beste Beispiel. Der Jochen hat gerade geschrieben, Lücken im Lebenslauf habe ich mit der Leertaste gemacht. Okay. Ja. Aber ja, zurück zu Lücken im Lebenslauf. Klar musst du das ganze Spiel mitspielen, weil es sind so, ja, du bekommst den Job einfach nicht. Aber am liebsten würde ich dann halt schon sagen, also, das geht einen fickten Scheissdreck an. Weil es ist so, hey, das ist eigentlich meine Privatsphäre und von dem musst du prinzipiell gar nicht wissen, weil du kannst meine Referenzen checken, um zu schauen, wie ich gearbeitet habe, wie ich mit den Leuten klargekommen bin. Und der Lücken im Lebenslauf ist dann einfach so eine Art Wickel nachhaken und kratzen, wegen offene Wunden aufkratzen und bla bla bla. Ja, aber das ist ja eigentlich genau das, was HR machen soll. Die sollen dich ja schon so ein bisschen auseinandernehmen, um zu sehen, wer du bist. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen auch, aber... Zum Teil schon, aber wenn ich so das höre von wegen, ja, bipolare Störung, ja, geh mal ja, das war ja auch... das sind meistens dann eher so, nicht HR-Leute, sondern so dann so irgendwelche kleinere Firmen, wo das dann der Chef ist, der dann irgendwie halt nur andere Meinungen dazu hat. Also die meisten Erfahrungen, die ich so mit HR-Leuten hatte, waren meistens eigentlich eher positiv, weil die sind eigentlich im Kontakt mit Menschen ziemlich gut. Ja, die meisten haben ja also vielfach sind das Leute, die Psychologie studiert haben. Ja. Wo sich halt wirklich mit Menschen Oder befasst haben. Pädagogik häufig auch. Ja, ja. Oder nicht häufig, aber manchmal. Oder Ja, ich weiß ja. nicht, keine Ahnung. Also ich bin ehrlich, ich habe mit wirklichen HR-Leuten nicht viel zu tun gehabt in meinem Leben. Ich kannte einen und der war eigentlich auch Pädagoge und ist dann in HR von der Julius Baer Bank gewesen. Okay, ja, das macht schon Sinn. Weil, ja, es gibt halt so viele Aspekte von dem, wo... Ich meine, die einzigen Buden, wo ich mich hier beworben habe, sind meistens so Metallbaubuden gewesen und meistens bist du nur durch Temporärbüro dorthin gekommen und dann haben sie dich hoffentlich eingestellt, weil sie gesehen haben, wie du schaffst. Oder hast halt Bewerbungsgespräche halt mit dem Chef gehabt oder sonst irgendetwas. Aber wirklich HR, ich bin als ich mich bei der Post beworben habe, ich meine durch Naomi halt, durch Vitamin B halt reingekommen. Vitamin B an Sachen rankommen ist ehrlich gesagt immer am angenehmsten. Ja, definitiv, weil obwohl das dann schon einen gewissen Druck hast, vor allem wenn es deine Verlobte ist, wo
eigentlich im gleichen Betrieb schafft, einfach an einer anderen Stelle. Alles, was du machst, kann auf sie wieder zurückgeleitet werden. Deswegen habe ich mich auch recht zusammengenommen bei der Post und habe mir auch wirklich den Arsch aufgerissen. Ja, aber genau deswegen nehmen die häufig diese Vitamin B-Empfehlungen an, weil dann haben die einen zweiten Ansprechpartner, dem man sagen kann, yo, den Kollegen, den du daran geholt hast, der baut hier nur Scheiße. Red mal mit dem. Ja. Dann kann man jemanden noch auf eine andere Ebene guilt-trippen. Ist schon so. Aber allgemein so der Arbeitsmarkt, wie würdest du den Arbeitsmarkt in der Schweiz beschreiben als Arbeitssuchende? Boah. Schwierig. Ich finde, es hat weniger Stellenangebote für besonders der IT-Bereich ist ein bisschen nicht so krass gesucht, wie dargestellt wird. Also besonders in so Gegenden wie Zürich oder so, weil ich habe das Gefühl, da wollen viele Leute hin und da hat es dann halt einfach auch viele gute Bewerber. Aber allgemein nicht so eine krasse Vielfalt an Angeboten, wie ich es aus Deutschland zum Beispiel gewohnt bin. Es kann auch einfach an der Größe der Länder den Unterschied sein. Aber obwohl ich mir da denke, so, okay, ich habe auch mal da in einer Stadt gewohnt, die auch so ungefähr die Größe von Zürich hat. Und da war es auch ein bisschen, sag ich mal, einfacher. Oder auch das Angebot ein bisschen diverser. Was ich halt das Gefühl habe, ist in der Schweiz, dass sie sehr, sehr hohe Anforderungen haben an Jobs, wo du musst sagen, so, okay. Das glaube ich auch. Ich habe letztens mal, ich bekomme die ganze Zeit auf Facebook so Vorschläge von jobs.ch, wo ich so durchswipe, da habe ich gesehen, einer, der für die Post verantwortlich ist, ich bin Postler gewesen, zwar nur 50% bei der Bank, ja, kannst mal drin schauen. Da steht einfach drin, mindestens 10 Jahre Erfahrung bei der Post oder in der Spedition. Da denkst du dir einfach so, hä? 10 Jahre? 10 fucking Jahre. Postler! Ich bin ehrlich, ich habe das ganze Angebot von der Post auswendig. Jedes verdammte Produkt, du musst scannen, abscannen, musst Unterschriften holen etc. habe ich innerhalb von einem halben Jahr perfekt im Griff gehabt. Ich habe keine Fehler mehr gemacht oder so. Und die wollen, dass ich den Scheiß 10 Jahre gemacht habe. Das ist so dämlich. Und weißt du, ich bin kurz davor gewesen, denen ein Mail zu schreiben, von wegen, hey, was für ein Lohn, bietet ihr 5000 Franken für die 50% Stelle? Oder, ich weiß nicht. So hohe Anforderungen für einen Job, weil ich prinzipiell jeder könnte machen. Wo einigermaßen so. Ich will bei manchen Jobs auch, wo ich mir so denke, so, ja, okay, die kann eigentlich jeder machen. Warum spezifisch dann so extrem viel Erfahrung oder ja, und vor allem das Problem ist, und dann wird er nicht einmal wirklich den Lohn gezahlt, den du dann eigentlich durch die Erfahrung verdient hast. Sie wollen einfach nur von wegen, ja, du musst mega viel können, aber wir bieten dir ein bisschen mehr wie den Mindestlohn. Und das ist einfach so, ja, hä? Das finde ich auch ein bisschen komisch. Es gibt ja gar nicht so richtig einen Mindestlohn, oder? Ja, du hast den GAF und dann halt spezifisch zu der Berufsgattung hast du Überverbände, die halt das Zeug festlegen, aber gut sind die Löhne nicht. Also Deutschland ist als irgendwie geregelter. Also du hast halt deinen Mindestlohn für so die beschissenen Low-End Wage-Slave-Jobs. Du hast dann teilweise größere Firmen müssen sich meistens immer mehr dann an Tarifverträge halten, die halt von Gewerkschaften ausgehandelt wurden. Und da hatte ich auch erstmal so am Anfang so versucht zu finden, so Tarifverträge für IT-Arbeiter in der Schweiz. So, wie viel sollte ich überhaupt dann so für die Arbeit verlangen? Weil es ist ja alles irgendwie so einzeln ausgemacht. Und in Deutschland ist klar, okay, in der Stellenanschreibe steht schon Tarifvertrag. Du kriegst einen Tarifvertrag. Das heißt, du weißt schon, wie viel du verdienst und du weißt, wie dein Vertrag aussieht. Das finde ich auch so das Schlimme
Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so, wahrscheinlich auch so, ich nenne es immer so der Boomer, das Boomer-Denken von wegen, ja, über den Lohn wird nicht geredet. Das war früher so. Inzwischen. Also, nein, heutzutage, ich meine, ich habe von jedem, wo ich bei der Post gearbeitet habe, außer den Eltern gewusst, wie viel das sie verdienen. Weil, natürlich, die zum Beispiel Regionalleiter und so, haben dann das Gefühl gehabt, sie können an jemandem versprechen, von wegen, ja, wegen deiner guten Noten, die du in der Lehre hast, bekommst du einen besseren Lohn und dann geben sie den gleichen Dreckslohn wie alle anderen und sie haben das Gefühl, sie kommen damit durch, weil niemand über den Lohn redet. Und dann bin ich einfach so, die sind dir eigentlich ein bisschen dumm oder haben den Schuss nicht gehört, weil... Ja. Es ist auch so, dass man redet nicht über seinen Lohn oder man redet nicht über sein Geld. Das bringt nur so lange was, solange du mehr verdienst als die anderen. Ja, es bringt eigentlich nur einen Nachteil mit sich, weil sie haben einfach Angst von wegen, oh nein, dann müssen wir den anderen auch so viel zahlen, weil sie halt Scheiße verhandelt haben und bla bla bla. Ja. Und vor allem, Also, hey, schreibt doch eine Range, schreibt jeder Jobausschreibung, wie viel das es ist. Weil der freust dich auf den Job, hey, ist mega cool und so, und dann kommst du ins Bewerbungsgespräch, ja, wir können Ihnen für die 100% Stelle, können wir Ihnen 3,8 anbieten. Und dann bist du so, really, für das bin ich jetzt hier hingekommen? Ja, sorry, das lange nicht, ich brauche mindestens 4,2. Ja, nein, das können wir nicht. Ah, okay. Ja, Alter, danke vielmals fürs Zeitverschwenden von mir. Also die Post macht es mittlerweile, dass sie eine gewisse Preisrange haben. Von 53'000 bis irgendwie 60'000 Franken. Aber die meisten machen das überhaupt nicht. Und es geht einfach darum, von wegen, ja, sie hoffen halt darauf, dass die Leute kommen und von Anfang an Ja. recht unten reinschiessen. Ja, hoffen einfach, dass sie irgendeinen armen Angestellten richtig lowballen können. Ja. Das ist eigentlich wie eBay, einfach ein bisschen like with slavery. Aber ja. Ich finde es auch vor allem, wenn wir schon über so Löhne und so haben, dann erinnere ich mich immer zurück dort an die Corona-Zeit, wo es in der Schweiz den Lockdown gegeben hat. Ich mag mich noch erinnern, wir sind von der Baustelle retour gekommen, da hat es geheißen, ja, Lockdown und so. Und ich habe mich schon gefreut, dass ich nicht muss arbeiten muss. Ja, ich habe ganz Pandemie durchgeschafft. Mit allen verfickten, dreckigen Scheiße, die dazugekommen ist. Mit weniger ÖV-Verbindungen, weil ich bin richtig beschissene Situation. Ich bin gerade dran gewesen an meine, jetzt fällt mir nur das deutsche Wort, die Führerscheinprüfung zu machen. Genau dann ist Corona gekommen, da hatte ich keine Fahrstunde mehr gehabt, die erste Prüfung ist abgesagt worden, ich bin so gewesen, ja, danke vielmals für nichts. Und dann habe ich erstens mal mir die ganze Zeit das Risiko aussetzen mit der ÖV fahren, auch wenn du Masken angehabt hast du gleich manchmal volle Busse gehabt und so und vor allem auch weniger ÖV-Verbindungen, weil sie halt mit dem runtergefahren sind und du bist halt der arme Schaffsäckel gewesen, wo erstens mal haben wir krampfen auf den Baustellen und überall und andere Leute können Homeoffice machen und du bist einfach so gewesen, ja, fickt euch alle. Ich bekomme da einen Kacklohn, ich bin und dann immer das, ja, ihr seid systemrelevant. Ja, was bringt's mir? Damit wir noch einen verschissenen Lohn zahlen können. Ey, Ja. in Deutschland ist man auf den Balkon gegangen und hat geklatscht. Das haben wir in der Schweiz auch gemacht und ich finde es so witzig. Ja, siehst du, da hast du doch deinen Lohn. Welcher Idiot hat das Gefühl, es sei eine gute Idee für das Pflegepersonal auf den Balkon zu stehen und zu klatschen? Von der Geste Für her, alle essentiellen Arbeiter, also auch für dich. Hast du dich Also bestärkt gefühlt in deiner Arbeit? ich habe es gehört und habe mir gerade eins abgeholt. Ich habe es so geil gefunden. Okay. Nein, ich denke mir dann einfach so, weißt du, der Mensch, der das ins Leben gerufen hat, hat so weit gedacht, bis zu seiner Nasenspitze, nicht weiter. Weil es ist dann einfach so, ich will kein Geld im Netz und denen helfen oder irgendetwas Initiatives starten, wie zum Beispiel eine Petition oder sonst irgendeinen offenen Brief an die Verbände oder so, dass die Leute mehr Geld bekommen. Nein, ich stehe auf dem Balkon und... Woo!
Ey, manche essentiellen Jobs haben in Deutschland sogar mehr Geld bekommen. So, Schon? ja, so. Okay, cool. Äh, Wenigstens etwas. Du hast so einen kleinen Lohnausgleich bekommen, so ein bisschen. Zum Beispiel, wenn du im Supermarkt gearbeitet hast oder so, hast du auch zu Corona noch so einen Bonus dann bekommen. Ja, das haben die Brüsseler, glaube ich, auch bekommen. Ich glaube, es sind 500 Steine oder so gewesen. Ja, okay, sagen wir es so, bei der Post war es begründet gewesen, weil zu Corona-Zeiten war bei der Schweizer Post die Hölle los gewesen, weil die Leute nur noch bestellt haben. Das ist richtig versoffen in den Päckchen und Katastrophe gewesen und haben auch geschafft wie die Blöden. Und dann kannst du auch mehr Lohn geben. Sind wir ehrlich. Ich finde, Bestellen in der Schweiz ist aber auch irgendwie komisch. Wieso meinst du? Bei allem ist irgendwie so, Versand ist so teuer. In Deutschland zahle ich eigentlich für fast gar nichts Versand. Oder wenn nur so 2, 3 Euro. Aber in der Schweiz ist es schon häufiger vorgekommen, dass ich so 20, 30 Franken für Versand zahlen musste. Hä? Okay, so viel. Also, was meistens ist, sind so die 8 Franken oder die 9 Franken. Weil du musst auch überlegen, je grösser das die Firma ist, desto bessere, also je mehr das die Firma rauslässt, desto bessere Tarif bekommt sie von der Post, weil sie halt mehr Sendungen aufgibt. Die Sendungen waren auch von UPS. Ah ja, Böstler hat einen einmaligen Corona-Bonus bekommen. Ja, genau. Ja, UPS. Ja. Musste ich auch einmal zweimal zahlen, weil der von dem ich das verschickt bekommen habe, die hatten ein falsches Gewicht angegeben. Also Und in dann der stand- Schweiz? Was? In der Schweiz oder in Deutschland? Ich weiß gar nicht von wo. Okay. UPS siehst in der Schweiz recht wenig. Ich glaube, es ist mehr so. Ich habe einmal etwas geschickt bekommen von der UPS, aber auch nur, weil der Dude, der es verkauft hat, bei UPS geschafft hat. Er hat es hand-delivered. Also nein, ein Kollege wahrscheinlich von ihm. Gib mal ab eben. Ja, liefert er das mal. Nein. Ja, meistens ist es halt Profitgier, wo nachher dahinter steht. Ich meine, klar, es gibt so gewisse Sachen, wo halt mehr zahlst. Ich zahle auch fast nie Versand, maximal 8 Franken halt. Wenn du im Ausland bestellst, ist es natürlich teurer. Ja, aber das hängt vor allem auch viel mit dem Zoll zusammen, weil niemand checkt. Wir haben ja eigentlich Gesetze, die sagen, von wegen ja, bis 150 Franken darfst du einführen, alles was drüber ist, musst du Zoll zahlen. Aber du zahlst für ein Päckchen, wo 30 Euro gekostet hat, zahlst du gleich 20 Euro oder fast das gleiche an Zollgebühren drauf. Und dann bist du so, wow. Aber das kann dir niemand sagen, wieso. Ne. Ich glaube, ich muss jetzt zum Zoll arbeiten. Es hat viele so Stellen dafür. Es sind häufig so so eine Art Drittanbieterfirmen, die einfach mit dem Zoll zusammenarbeiten. Und dann bist du so ein random Arbeiter, der vorher halt eine Sicherheitsüberprüfung bekommen hat. Und dann scannst du diese ganzen Pakete und so. Und wenn was auffällig ist, dann meldest du das im Zoll. Okay. So viele Stellen hatte ich gesehen in Richtung Detikon, glaube ich. Da machen die es, glaube ich. Also ja, Zoll sucht auch immer Leute. Aber ich denke mir dann manchmal so, ja. Ich will so viele Sachen durchgehen lassen. Wenn ich jemanden an der Grenze rausziehen und ich würde sehen, ja, dann hätte ich gewisse Rauche weiter, bin ich so, ja, pack da wieder rein. 20 Kilo Plastiksprengstoff. Ja, Hat ja keinen Zünder dabei. Ist in Ordnung. ja, fair, komm durch. Das ist auch, wenn wir schon beim Zoll sind, ich habe so ein paar witzige Zoll-Stories, die ich mitbekommen habe von Kollegen. Die eine war, die Gruppe von Musikern haben ein Konzert gehabt, an der Grenze, irgendwie in Waldshut oder so. Da sind sie über die Grenze gefahren, da kommt der Zoll, der Schweizer Zoll. Lass das Fenster runter. Wo sind ihr gewesen?
von wo kommen sie? Halt die typische Frage, die jeder Polizist oder Zelle fragt. Und der Schlagzeuger hinten von deiner Frau! Der ist noch nie so schnell aus dem Auto gezerrt worden und ein brettbeinig im Auto hergeklatscht worden. Mit Das ist zwar lustig, aber keine gute Idee gewesen. Alter Luzi, guten Morgen. Was ist das für ein Gummihals? Der hat voll die angenehme Stimme. Wenn wir schon kurz abschweifen, ja, wir sind eigentlich wir sind schon sicher etwa so eine Stunde am Abschweifen, aber wenn man schon bei Gummihals ist, bist du schon mal persönlich als Gummihals bezeichnet worden hier in der Schweiz? Nur von dir. Ah, ja. Ich habe sogar meinem Vater dann so gesagt, so, ja, kennst du den Begriff Gummihals? Und er so, nee. Noch nie gehört. Ich weiß nicht. Und dann habe ich ihm erklärt, was das ist. Und er so, ja, das klingt nach was Schweizer sagen würden. Ja, also es ist halt, ich habe das ja mal erklärt, der Begriff kommt eigentlich, ist recht alt und stammt aus einer alten Schrift, wo damals die Schwaben beschrieben haben, von wegen, die reden so viel, dass man ihnen sogar den Hals kann umdrehen kann und sie würden weiterreden. Und von dem her kommt ja der Begriff Gummihals. Über Schwaben glaube ich das sogar. Ja. Also, Zollgeschichte. Und die andere Geschichte war, da sind ein paar Kollegen im Ausland gewesen, haben ein bisschen Weed geraucht und haben es halt ein bisschen noch mit heimgenommen. Und das sind gefilzt worden am Zoll. Und der Kollege hat, also nicht ich bin nicht dabei gewesen. Mich hat man bis jetzt noch nie verwünscht. Hat das ganze Zeug halt in einem Etui drin gehabt und das ist zuoberst oben im Koffer gelegen. Und der Zöllner packt das Päckchen, also der Koffer macht es auf, lädt es und es hat wirklich gestunken nach, also es hat schon ein bisschen gestunken nach Weed, weil Weed stinkt halt. Nimmt das Necessaire, auch so ein Begriff, Necessaire. Weißt du, was das Necessaire ist? Keine Ahnung. Ihr Deutschen bezeichnet es als Kulturbeutel. Ah, ja. Er hat das Necessaire auf die Seite gelegt, dort wo es weit drin war, alles andere durchsucht, wieder alles zusammengepackt, oben drauf gelegt, zurückgemacht, ja, hat nichts gefunden. Aber das Necessaire hat er nicht reingeschaut. So Sachen. Also das einzige Mal, wo ich wirklich mal vom Zoll gefickt wurde, also gefickt nicht, sie haben nichts gefunden. Mit einem Kollegen als MPS, der hat in Stein gewohnt. Und dort MPS? Hä? MPS? Ja. Mittelalterliches Fantasiespektakulum. Ja, genau. Oh, okay. Ist damals, glaube ich, gerade einer an der Grenze von Stein. Und da ist eine Brücke drüber gehabt. Und dort bin ich halt noch recht in der Metal-Szene gewesen und ich halt lange Haare, der Kollege halt hatte eine Glatze gehabt wegen Haarausfall und Lederjacke und Naomi halt, ja, wie sie halt aussieht mit bunten Haaren, laufen über literally 10 Meter nach der deutschen Grenze auf dieser Brücke. Sehe ich einen, es war wunderschönes Wetter gewesen, mit einer, also so, ja, so boomerhaftig, so Überwurfjacke um den Bauch gebunden, schaut mich an und fängt an richtig smilen. Und ich so, was ist jetzt los? Läuft auf mich zu und ich so, oh nein. Ich muss dazu noch erwähnen, wir waren vorher bei ihm und haben ein bisschen Brokkoli konsumiert. Wir hatten natürlich nichts dabei gehabt, weil er gesagt hat, von wegen Geist, wir haben nichts mit, weil wir werden wahrscheinlich beim Zoll gefickt. Dann kommt er zu uns, ja, ich bin vom deutschen Zoll, kommen Sie mal mit. Und wir alle drei richtig down mitgelaufen, unsere Idee abgegeben, ja, wegen Suchtmittel und bla bla bla. Und wir so, nein, haben wir alle nicht. Ja, er holt den Hund. Dann haben wir auf das Bänkchen holen. Ich habe mich so kriminell gefühlt. Das ist aber auch was so deutscher Zoll und deutsche Polizei richtig gut kann. Ja. Die schaffen es, dass du dich immer so richtig, richtig kriminell fühlst. Besonders deutsche Polizei. So, wenn du mal so in Leipzig oder so von der Polizei angesprochen wirst, dann kommen da meistens immer direkt so 3, 4 Polizisten und machen so einen Halbkreis um dich herum. Du stehst dann also vor so einer Wand und dann musst du da deinen Ausweis rausholen.
Oh shit, Alter. Also ja, da bin ich dort gekocht, hat der Hund geholt, so, ja, den Hund nicht berühren und nicht streicheln. Und ich so, oh, warum nicht? Und der hat natürlich nichts gefunden. Und der ist natürlich schon recht frustriert darüber gewesen, dass als Indies wieder gehabt, müssen dann als MPS. Ja. Allgemein, ich meine, in der Schweiz, wenn wir schon von Polizei haben, musst du eigentlich recht oft Glück haben. Es ist halt recht menschenbezogen, eigentlich wie überall. Ich meine, Polizisten sind auch nur Menschen. Ja, aber das war auch, das hat mich, ich dachte, das wäre halt nicht so krass, weil zum Beispiel in Leipzig hast du überall Polizei. Aber selbst da hast du nicht solche komischen Checkpoints, wie es irgendwie Freitagabends oder Samstagsabends um Baden herum hast oder in Aargau allgemein. Da ist dann ja immer so. Wegen der Autokontrolle. Ja, ja. Die halten dann halt ja wirklich jeden an und fragen so, ja, wo willst du hin und so? Oder wo kommst du her? Und das kannte ich gar nicht. Okay. Und das hat mich so. Ich dachte erst so, ja, okay, was gibt mir das jetzt für komische Polizeistaat-Vibes? Warum werde ich jetzt irgendwie einfach nur so unter einer Brücke hier langfahren oder so, stehen da dann so Polizisten rechts und links und so, ja, einmal kurz anhalten, wo kommen sie denn her? Also, aus der Stadt. Ich fahre jetzt gerade nach Hause. Also, okay, können weiterfahren. Ja, was soll das? Meine erste Polizeikontrolle ist ja so wirklich, ich habe alles falsch gemacht. Und sie haben mich auseinandergenommen. Ich bin von da Richtung, damals habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, Richtung Rüttihof. Und so wirklich so 900 Meter vor dem Dorf kontrollieren sie recht häufig. Und ich fahre dorthin mit meinem ersten Auto 2 Monate Billett. Noch nie eine Polizeikontrolle gehabt, Polizeikontrolle. Ich so, nein, ich will doch noch mal heim. Es war irgendwie 10:30 am Abend. Ich wollte nur noch ins Bett liegen. Ich am nächsten Tag wieder arbeiten. Dann mache ich das Fenster ab und dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen müde ausgesehen, weil ich eigentlich auf der Schnurre war. Und ja, fahren sie mal geradeaus. Und ich so, nein, wir müssen aus dem Auto aussteigen. Und dann hat er mich gefragt, von wo ich komme. Ja, von der Bandprobe. Dümmste Fehler ever. Sag kein Polizist auf dieser Welt, dass du von einer Bandprobe kommst. Weil die nächste Frage wird sein, aha, wird dort konsumiert? Dort hätte es bei meinem Gehirn eigentlich schon schalten und sagen, Es nein. sagen sollen, ja, guter Jazz wird da konsumiert. Eigentlich solltest du ja sagen, nein, es wird nicht konsumiert. Ich aber, ehrlich wie ich war und nervös. Immer wenn ich nervös werde, fange ich recht viel an zu reden in solchen Situationen. Ja, aber ich nicht. Alle außer ich. Ja, Vielleicht rieche ich danach, aber das war ich nicht versprochen. ja, und er so, aha. Können Sie sich denn beherrschen? Da habe ich mich schon ein bisschen triggert und angegriffen gefühlt. Da habe ich gesagt, ja. Manchmal. Ja, Ab und zu. vielleicht. Finden Sie es raus. Das sage ich Ihnen garantiert nicht. Und der hat den Abstrich gemacht im Mund, ja, und gesagt, ja, es geht etwa so 10 Minuten, bis der Test anzeigt. Sie können währenddessen wieder ins Auto. Und ich so ins Auto gegangen. Ich habe sicher ein halbes Päckchen Ziggis durchgelassen, weil ich so nervös war. Bei mir mussten die auch mal so, haben die mich auf der Autobahn angehalten und hatten dann auch so Speichelprobe genommen und sowas. Dann hat sie genommen, meinte einfach so, Sie wissen schon, dass Sie mal was trinken müssen, oder? Sehr richtig trockenen Mund. So, okay. Mach ich. Und ja, dann habe ich sicher ein halbes Päckchen Ziggis geraucht, weil ich hure nervös war. Und ich habe schon ausgewählt, oh nein, wenn es mich noch verwitscht. Also ich habe irgendwie eine Woche vorher ein bisschen Brokkoli konsumiert, seit langem wieder mal. Und da dachte ich, ja, es zeigt an. Ich war nervös in dem Auto. Und so halb am Zittern. Und der Wichser vom Polizist hat mich einfach eine halbe Stunde lang warten lassen. Dann kommt der einfach ans Fenster, gibt mir mein Zeugs und sagt, ja, ist nichts gewesen und läuft vom Auto weg. Und ich habe mir so gedacht, so, okay, geil, aber Ade?
Ah nein, der kommt sicher nochmal. Der ist sicher nicht so unfreundlich. Da sehe ich mich im Seitenspiegel, wie der in seine Karre hockt und wegfährt. Dort habe ich mir gedacht, du bist ein verdammtes Hurenarschloch. Du bist wirklich so asozial. Weißt du, nicht einmal einen guten Abend wünschen, obwohl dass du mich gerade gefickt hast. Ich weiss, du hast dich gefreut, dass du mich jetzt auseinandernehmen kannst und dass sicher der Drogentest anzeigt, weil ich literally auch so ausgesehen habe, als hätte ich Drogen konsumiert. Aber hey, es hat nichts angezeigt. Und ja. Seither habe ich mir etwas angewöhnt, was eigentlich ein recht geiler Lifehack ist, wenn ihr jemals in eine Polizeikontrolle bekommt. Lasst das Fenster runter und wenn es zu Abend ist, wünscht einfach einen wunderschönen guten Abend. Ich habe das einmal, also ich habe das bis jetzt immer gemacht und immer hat es geheißen, ja, von wo kommen Sie? Ja, von dort und dort, ah ja, gut, weiterfahren. Und einmal hatte ich eine Polizistin, da hatte ich Naomi auf dem Beifahrersitz und habe die Polizeikontrolle gesehen und habe zu ihr gesagt, jetzt musst du schauen. Dann fahre ich her, lasse das Fenster runter, einen wunderschönen guten Abend. Die Polizistin hat sich wegdrehen, weil sie ein Lachfleisch bekommen hat. Dann hat sie mich so angeschaut, guten Abend, von wo kommen Sie? Ja, von dort und dort. Wo wollen Sie? Ja, dort und dort. Schönen Abend noch. Darfst du ihnen einfach komplett keine Angriffsfläche bieten, weil sie nützen jeden verfickten Trick aus, was sie haben. Vor allem, wenn du noch so unsicher wirkst und unsympathisch. Also, das ist auch, wenn mir manche Leute außerhalb von meiner Bubble erzählen, ja, weißt du, ein Polizisten und so ficken bei jedes Mal. Ich so, ja, klar, wenn du das Fenster aber mal lässt und nicht einmal guten Abend oder so sagst und schon anmotzt, wieso du da gehalten wirst, ich bin ehrlich, als Polizist würde ich dich komplett auseinandernehmen. Einfach weil du ein Arschloch bist. Obwohl, das hängt vielleicht auch mit zusammen, dass ich gerne ein bisschen Machtmissbrauchen bin. Und Hatte ich mich auch gerade ein bisschen gefragt. Kritisch! Aber ja, nein. Aber sonst habe ich eigentlich, bis auf den, habe ich eigentlich mit der Schweizer Polizei nur gute Erfahrungen gehabt. Ich hatte auch jetzt keine schlechte Erfahrung oder so, aber ich fand's einfach sehr ungewohnt, solche Checkpoints zu haben und auch die Präsenz im Aargau von der Polizei ist schon sehr hoch. Also ja, ich meine, vor allem in der Umgebung Baden ist halt schon ein bisschen eine alki Stadt. Also du meinst, das machen die nur wegen Drunk Driving? Ja, also ich sage ja. Weil so viele Bars, wie du im Baden hast und so viele Leute, wo ich früher noch später unterwegs war auf der Straße, ich hatte so viele Mal Leute gehabt, die beide Spuren gebraucht haben, weil sie eine Rechtskurve hatten oder also sagen wir es so, in der Schweiz ist glaube ich Drunk Driving Das ist ein Volkssport. ja, ich meine, ich habe einen gekannt, der ist jahrelang richtig hackedicht umeinander gefahren und sie haben ihn schlussendlich nur verwünscht, weil er auf einem Volksparkplatz einen Mercedes gestreift hat und der sich instantly die Polizei angerufen hat. Hätte ich by the way auch gemacht, wenn einer aussteigt mit der Alkfahne, wo der fast das Kotzen kommt an Bier und dann findet so, hey, ja, sorry, gell? Und in die Mercedes nicht gefahren ist. Also ich meine, ich würde es mir holen. Weil, ja, keine Ahnung, ein Bierchen nehmen finde ich schon, ja, muss nicht sein. Aber ein Bier ist ja eigentlich drin. Ja, grundsätzlich deswegen. schon, aber es ist so, von den Auswirkungen, die du schon dort spürst, ist so, ja, das Problem ist, ein Bier verleitet zum zweiten. Oder das ist eine geile Runde und dann saufst du halt nochmal eins und dann wirst du aber gleich noch heimfahren. Und also nicht, dass ich das jemals gemacht habe. Ich bin nie unter Alkoholeinfluss Auto gefahren, weil ich finde es einfach dämlich, weil es geht ja nicht nur um dich selbst. Wenn du dich selber gefährdest, ja, ist schön für dich, dann bringst du dich halt um mit dem Auto oder sonst irgendetwas. Aber ich meine, du hast andere Verkehrsteilnehmer, vor allem solche, die nicht so gut schauen, du hast Velofahrer ohne Licht. Kannst du als 200 Abonnenten-Special machen. Luzi Drunk Driving Challenge. Genau.
Nein, definitiv nicht. Drunk Driving Tournament. Gegen andere. Gegen andere famous Drunk Driver aus der Schweiz. Aber das sind dann nur Boomer. Ne, ich kenne eigentlich auch eine, die ist relativ jung und macht häufig so Okay. Drunk Driving Action. Ja, zeitweise ist das ein fettes Meme gewesen. Mit Drunk Driving und so. Ja, ist es ja immer noch. Also ja, eigentlich immer noch. Aber ja, es ist einfach so, ja. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich es vielleicht nicht lustig finde, besoffen Auto zu fahren, aber es ist so, Wenn man das so Demolition Derby geschlossener so dann, Track, das wäre ja, bestimmt funny. jo. Also in einem geschützten Rahmen, ja. Aber so auf der öffentlichen Straße, wo du halt so viele unberechenbare Sachen hast, wie zum Beispiel Leute, die zu dumm sind, um ihre Spur zu behalten. Weil sie auch betrunken sind. Ich glaube, ich habe genug Leute gesehen, die schaffen das auch nicht. Ja, apropos Autofahren. Wer meinst du, sind die besseren Autofahrer? Die Deutschen oder die Schweizer? Ich würde sagen, auf der Autobahn auf jeden Fall Deutscher, weil die Autobahnkultur in Deutschland ist so aggressiver. Aber aggressiver in dem Sinne, dass wenn du Dinge machst, die wofür dir jemand so auf den Sack gehen kann, dann wird es gemacht. Also Ja. zum Beispiel, es hat 3 Spuren, du fährst in der Mitte, aber die rechte Spur ist frei. Dann fährt er nicht, dann überholt er dich nicht auf der linken, auch wenn die frei ist. Der geht dann hinter dich und macht so lange Lichthupe, bis du rübergehst. Und ich finde, das könnten ein paar Schweizer auch vertragen eigentlich, so ein bisschen Fair. auf der Autobahn gemobbt werden, weil Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei den Schweizer ist so, ja, es herrscht zwar Rechtsfahrgebot, aber ich fahre gleich mit 100 auf der Mittelspur einfach, die rechte Spur ist für LKWs, da muss ich die ganze Zeit LKWs überholen. Und es ist dann so, ja, ich meine, es herrscht Rechtsfahrgebot! ja, und am Anfang hatte ich eigentlich das Gefühl, dass es gar kein Rechtsfahrgebot hier gibt. Ich dachte so, okay, ist das hier jetzt so Ja. anders oder so? Darf man hier irgendwie von rechts überholen? Weil das macht gefühlt auch jeder. Ja, es ist allgemein, also auf Autobahnen haben die Deutschen halt, ich meine, dort musst du es auch haben, vor allem mit den Geschwindigkeiten, Ja. die ihr habt. Ich meine, ich schaue momentan recht viele Dashcam-Videos aus dem Deutschen. Und ich meine, wenn du mit 240 Sachen kommst und einer mit 100 auf die linke Spur zieht, holy fucking shit. Das ist, boah. Ja. Und in Aber- der Schweiz ist so mit 120, wenn der eine mit 100 vorne dran hinfährt, ist so, ja. Ja, und Deutsche, wenn du mal so ein bisschen drauf achtest, auch wenn du die halt nicht hören kannst, aber wenn du guckst so in ihre Fenster rein, die sind meistens immer nur am Schreien. Also Ja. richtig, richtig sauer sein beim Autofahren ist auch so eigentlich was ziemlich Normales. Und da kommt halt auch dieses so, wenn jemand einen Fehler macht, du zeigst ihm, wie er es richtig macht. Aber mit richtig Zorn. Ja, okay, bei gewissen Sachen bin ich halt auch ein bisschen so. Vor allem, wenn man Leute. Weißt du, wenn ich in einen Kreisel reinfahre und der andere fährt rein und ich sehe nicht, dass er in meine Richtung schaut. Ha! Ha! Oh ja, Kreisverkehr in Deutschland ist es wirklich, wirklich die Ausnahme, dass jemand beim Rausfahren nicht blinkt. Und Bei in der uns Schweiz ist es eine Ausnahme, wenn einer blinkt. Ich finde, es ist schon bestimmt 70% der Leute blinken, aber die 30%, die es dann nicht machen, gehen einem so auf die Eier. Ja, es ist. Ich hatte letztens mal den Fall gehabt, dass ich in einem Kreisel die dritte Ausfahrt nehme und dort ist die Chance am höchsten, dass der eine in den Kreisel reinfährt, weil niemand denkt, du nimmst die dritte Ausfahrt. Fahre ich um den Ecke rum, sehe einen am Telefon mit einer Hand steuernd in seinem scheiß SUV März. Haben müssen Bremse ziehen, gehupet,
Eigentlich hätte ich die dritte Ausfahrt genommen, ich habe dann die 4 genommen, bin hinter ihm hergefahren, ein paar Mal gleich gehüppelt, von ihm ist keine Reaktion gekommen. Das Einzige, was ich von diesen Menschen erwarte, ist es, sorry, gell, dass sie die Hand haben oder den Warnblinker machen, von wegen, hey, sorry, ich habe nicht geschaut, aber einfach ignorieren, das macht mich noch hässiger. Und irgendwann, wenn ich richtig viel Geld habe, falle ich denen einfach in den Arsch rein. Damit sie rechts herfahren, steige ich aus, sage, schau, ich bin zwar in den Karren gefahren, aber ich habe gesehen, du bist am Handy gewesen, du Wichser. Jetzt entschuldigst dich, dass du mir in den Kreisel gefahren bist. Und wenn er immer noch dumme Schnüre hat, mit der Radschlüssel und haben noch eine Scheibe rein. Weil es ist einfach so, im Deutschen ist das noch eher, dass sich Leute dafür entschuldigen. Also was ich mit Dashcam-Videos gesehen habe, als zum Beispiel in der Schweiz ist viel eitel von wegen, ich fahre einen grossen SUV, ich darf das, oder ich gebe lieber Vollgas und verpiss mich von der Situation, anstatt mich zu entschuldigen. Und das geht mir so hart auf den Sack. Das ist mir persönlich noch nicht so krass aufgefallen. Aber das mit dem Eitel kann ich vielleicht so ein bisschen sehen. Wenn man zum Beispiel so sehr häufig Limmatalkreuz irgendwie vorbeikommt, wenn da Stau ist, dann merkt man sehr häufig, dass es da dann es hat 2 Spuren, die gehen nach links nach Zürich, 2 in der Mitte, St. Galten, sonst was, also Flughafen richtig, und so. Richtig, Dingens, dort wo es immer staut. Mhm. Und rechts nach Gubrist. Chur, Luzern. Also und, die Westumfahrung. Und die mittleren 2, die haben eigentlich dann morgens immer Stau. Ja, Gubrist. Und da hat es dann Leute, die fahren dann so an einem ganzen Stau vorbei auf der linken Spur und da, wo dann schon die durchgezogene Linie ist und sich ja das halt so trennt, wollen sie dann am Ende noch so versuchen, sich da so reinzuzwängen und verursachen dadurch einen Stau auch auf der linken, die so eigentlich komplett frei ist. Ich kann mich noch erinnern, aus meiner Lehrzeit haben wir auch auf Zürich rein müssen und wir sind auf der linken Spur gewesen, und da hat es auch in der Mitte halt Morgenverkehr, Stosszeiten, hat es Stau gehabt. Da hat uns ein verdammter Berner überholt, plötzlich rechts blinkt und eine Vollbremse gezogen. Aber alle anderen Spuren, die 2 sind frei gewesen. Hinter uns ist gesagt, er hat uns einfach noch überholt und hat dann das Gefühl gehabt, er könne rechts vor uns. Und der deutsche Monder, der hat Vollbremse gemacht, das falsche aber ich bring dich um, du Hurensohn! Und ich als Stift zu dem dran. Also ja, sagen wir es so, ich kann es schon mega verstehen, dass man extrem hässig, ich werde auch manchmal mega extrem hässig, wenn ich Auto fahre, weil man einfach so denkt, so, Digga, weißt du, ich erlebe so wenig Situationen. Ich meine, ich bin immer froh, wenn jemand mehr schaut wie die anderen. Ich meine, ich habe auch schon Kacke geschaut oder bei einem reingefahren, aber ich habe mich wenigstens auch entschuldigt. Und es ist dann für mich wie so eine Lehre gewesen. Und bei den anderen habe ich manchmal das Gefühl, es ist wie so Lernresistenz, so wieso hat er mich angehupt? Ich hatte schon mal einen gehabt, da bin ich in den Kreis reingefahren, rollt einfach einer mit seinem Boomer mit seinem SUV in den Kreisel rein. Ich muss eine Vollbremse ziehen, hupen an. Der schaut mich so entgeistert an, kommt zuerst einfach nicht raus, wieso dass ich ihn anhupen. Und dann hat er 5-mal angehupt und dann hat er sich irgendwie so 100 Meter nachher hat er dann gecheckt, dass er mir in den Kreisel gefahren ist und hat sich dann entschuldigt. Dann! Und ich denke mir dann habe ich so, was geht in den Köpfen der Leute vor? Wahrscheinlich nicht viel. Nein. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Ja. Aber allgemein, ja, um Deutsche besser mit Autobahn und wie sieht es so innerorts und ausserorts aus? Bis auf so, dass Schweizer so ein bisschen faul sind, ihren Blinker zu benutzen, eigentlich relativ ähnlich. Ja, fair. Das regt mich auf. Vor allem, wenn du aus einem Parkplatz rausfährst. Es ist einfach so, der hinter dir weiss nicht, was du vorhast, weil du zeigst, mit so aus dem Parkplatz rausfahren oder so, das passiert in Deutschland dann auch relativ häufig, würde ich sagen. Aber bei so Abbiegen, Kreisverkehr und sowas eigentlich nie. Sehr, sehr selten. Was ich halt gemerkt habe, jetzt zum Beispiel außerorts, die Deutschen haben im Gegensatz zu den Schweizer recht viele Raser, habe ich das Gefühl. Außerorts, so Landstraßen, ja, voll.
Voll. Ich habe auch schon mal gehabt, ich fahre nicht oft im Deutschen, aber der Naomi, ihre Mutter wohnt im Deutschen, recht nah an der Grenze. Und dort eine 100er-Strecke. Und da sehe ich so im Rückspiegel so 3 Autos hinter mir, wie immer so ein AMG über so Sperrfläche, alles drüber. Und einfach damit dafür wirkt. Ich bin schon 100 gefahren. Da kommt der hinter mir mega nahe Auffahrt, überholt mich mega knapp. Und ich denke mir dann einfach so, Digga, willst du sterben? Weil ich meine, ich fahre ja schon 100. Sei doch froh. Also es gibt auch eigentlich relativ viele Unfälle auf deutschen Landstraßen. Und Raser haben eigentlich sehr viel damit zu tun. Ja, extrem. Und vor allem, was ich viel gesehen habe, ist halt der Überholzwang von den Traktoren und Velos und so knapp wie möglich. Und Das ist aber, ja, das ist wirklich schon was relativ Deutsches. Halt auch, wenn nicht so, besonders bei Fahrradfahrern, wenn nicht gerade so krass viel Sicherheitsabstand ist, dann geht man da halt trotzdem sauknapp am Fahrrad vorbei auf einer Landstraße oder so, weil man halt nicht langsamer werden möchte. ja, also einerseits verstehe ich es halt schon, aber seit ich vermehrt die Dashcam-Videos schaue, muss ich sagen so, schau, ich hasse Velofahren, weil ich auch schon Situationen mit Velofahrern hatte, wo ich muss sagen, hey, geil, am liebsten hätte ich dich überfahren, weil du so ein Arschloch bist. Aber ich finde, der gewisse Respekt, der Mindestabstand, weil es kann auch passieren, dass er in dieser Sekunde ein Steinchen verwünscht und umkippt und du fährst ihm gerade instant über den Kopf. Und das Problem ist, viele Velofahrer haben nicht einmal einen Helm an und keine Schutzausrüstung, nichts und Helm sieht auch dumm aus. ja, bis sie dann mal auf die Schnauze fallen und nachher querschnittsgelähmt sind, weil sie den Kopf angeschlagen haben oder sonst irgendetwas. Wenigstens sahst du dabei dann cool aus. Ja, cool. Yeah. Voll cool, Mann. Ich guck mich an, ich bin voll cool. Aber ja. Und ich denke mir dann halt immer so, ja, was kostet es dich? 15 Sekunden, 20 Sekunden. Danke vielmals fürs Feedback. Aber dafür kannst du wie sicher gehen, dass du nicht überfährst. Und das ist eigentlich schon recht viel wert, meiner Meinung nach. Aber ja, klar, ich meine, wenn du auf der 80er hast, eine durchgezogene Linie, nur mit Kurven, oder du hast einen Velofahrer oder einen Traktor vor dir, dann denkst du dir auch so, aber das ist meistens... Traktor kann schon echt anstrengend sein. Weil manchmal, wenn die so einen dicken Anhänger oder so dran haben, du siehst dann auch gar nichts, was irgendwie so beim Gegenverkehr. Es gibt dann so manche Nette, die dann so sehr, sehr weit rüberziehen und dann halt blinken, wenn frei ist. Damit du ein Signal hast, ja, okay, es kommt niemand. Aber bei manchen ist es einfach dann so, das finde ich dann in Ordnung, aber... Wenn du alleine bist, wenn du alleine hinter dem Traktor bist, geht es noch. Aber das Problem ist, wenn du immer mehr Autos hinter dran hast, hast du eine Art wie so einen Druck. Du musst überholen. Und du bist so, aber ich will nicht, ich sehe nicht führen. Und der Druck wird halt immer grösser, bis du anfängst rauszuziehen. Und du siehst allein das Auto. Und vor allem, wenn es dann noch anfängt, hinter dir überholen und so. Ja, da hat es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Nämlich entweder du hältst den Druck so lange aus, bis irgendwer anders hinter dir den Druck nicht mehr aushält und dann so eine ganze Kolonne überholt. Oder, ja, du gibst dem Druck nach und überholst. Aber ich hatte auch da schon mal so ein paar richtig gefährliche. Sally Finn, hoffe, du hast es gut. Willkommen zu dem Podcast. Hast du noch irgendwelche themenspezifischen Fragen oder so vorbereitet? Nein, ich habe eigentlich gar nicht vorbereitet. Ja, was sind momentan so aktuelle Themen? So Eurovision Song Contest wäre so ein Thema. Dann, oh shit, ich habe 118 Abonnenten. Ich muss mir live streamen. Ja, du musst dich schon überlegen, ob du wirklich 200 Abonnenten Drunk Driving Stream machst. Abonniert für Drunk Driving Special. Apropos, was ich auch vielfach gesehen habe, ich meine, YouTube Studio zeigt dir ja so viele Statistiken und so, und ich will mich dort amigs durch, und da sehe ich amigs
Ich meine, ich mache ja nur schweizerdeutschen Content und All dein Publikum kommt aus Somalia. ja, das ganze Dorf ist so, Luzi, Luzi, Luzi. Nein, das ist eigentlich recht viel, also bei verschiedenen Videos recht viel Deutsche schauen und auch wirklich durchschauen. Und ich denke mir dann manchmal immer so, oh, okay, ihr versteht mich. Ich glaube, ist hauptsächlich dann bei so den Durchschwur-Videos, oder? Ich denke auch, weil das ist eher da, wo die Leute eher mehr dranbleiben, auch wenn sie es nicht so fest verstehen, weil ich es halt auch auf Facebook in den Durchschwur-Gruppen, vor allem in Deutschland und so, poste. Und weil es halt dort halt, ja, die haben einfach Freude an Durchschwurs und dann schaust du halt mit einem Schweizer zu, wenn er einen Durchschwur zusammenbaut. Auch wenn, also das neueste Video halt, das ist auch das Extremste. Wenn du das erste Durchschwur-Video schaust, wo halt mehr so ein bisschen in die Länge gezogen ist und so das letzte Durchschwur-Video, das 3, das ich gemacht habe, wo halt so mega schnell, mega viele Memes reinpresst und eigentlich nicht so viel Inhalt hast, ist so, ja. Welche Aber- Farbe willst du das später eigentlich haben? Ich habe eigentlich schon angefangen lackieren, mattschwarz. Mattschwarz? Ja. Ja. Brauchst du gelb? Wieso? Weil ich so 20 Meter gelb. Ah, du bist der, der kommentiert. Ich so, hä, okay. Ja. Ich hab einfach so viel so, auch für Auto, Vinylfolie, so im Keller liegen. Okay. Nein, ich bin momentan dran, mein Durchschwur mit Landi Rostschutzfarbe zu lackieren. Die ist hure günstig, aber sie hebt hure gut. Und ich meine, Rostschutz ist immer gut, oder? Besonders bei alten französischen Autos. Ja, obwohl, ich muss ehrlich sagen, er ist eigentlich in besserem Zustand wie ein Kollege seiner gsi. Vor allem was das Armaturenbrett Blech sind bei ihm komplett durchgerostet. Und ich meine, ich habe ihn eben letztens mal ausgelehnt. Live-Publikum. Hä? Live-Publikum. Schon? Live-Publikum. Okay. Das können wir mal so Applausschilder hochhalten. Live-Publikum-Reaction. Also ja, beim Kollegen ist halt die ganzen Bleche, die du hast, wo so Ablageflächen sind bei ihm halt, wenn du die Folie liebst, hat er so Gummimatten drüber, die sind komplett durchgerostet und haben nur noch eigentlich vom Lack zusammen. Und bei mir ist das halt alles noch schön. Und das Einzige, was ich wirklich machen musste, ist so das Trittblech vorne dran, Seitenblech, hinten beim Kotflügel halt ein paar Blechlinien schweißen. Ja, aber du brauchtest ein ganz neues Chassis. Ja, okay, das Chassis, aber dort ist eben das Problem, ich meine, von dem ganzen Spritzwasser, vom Salz und das Problem ist, die früheren sind ja nicht einmal verzinkt gewesen, die sind einfach lackiert gewesen. Ja. Und von dem her, das putzt es halt, aber ich meine, für 1500 Steine bekommst du ein brandneues verzinktes Chassis und das hebt mindestens 10 Jahre und du musst sagen, ja, auf was für ein Autoteil bekommst du schon 10 Jahre Durchrostgarantie heutzutage? Auf nichts. Ja. Weil die meisten rühren die Autos nach 5 Jahren vor. Vielleicht auf Plastikteile. Ja, nicht einmal das. Die können doch gar nicht rosten. Da können sie doch auch eine Garantie drauf geben. Ja, aber die können auch durch UV zerfressen Ja, werden. darauf geben sie dann halt keine. Ist das nicht auch Korrosion? Nein, Hm. Korrosion ist ja Verbindung von Metall und Sauerstoff. Bestimmt. Du bist der Metallbauer. Jesus. Ich hab gedacht, du weißt das, weil du studierst. Informatik. Ja, das ist gleich ein höherer Bildungsgrad als Metallbauer. Ich gehe mal davon aus, obwohl Korrosion kann doch auch durch so. Ah nein, warte kurz. Korrosion ist, chemische Reaktion mit Wasser. Oxidation ist mit Sauerstoff. Ja, also Oxidation. Korrosion ist doch auch so Säure-Scheiße, oder nicht? Nein, Korrosion ist... Doch. Oder? Ja, aber da muss man erklären, was Wasser für eine Säure ist.
Weil wenn du das Stahlstück in das Wasser rein dünkst oder von außen hängst, fängt sie an zu korrodieren. Und Wasser ist ja, hat ja einen pH-Wert von 0. Hat Wasser einen pH-Wert von 0? Hey Siri, was für einen pH-Wert hat Wasser? Ich kann mir so vorstellen, 5, 7. 7, ja. Ja, So ähnlich fast, wie der Mensch halt. Der Mensch, die menschliche Haut und so, ist ja, hat ja auch keinen pH-Wert von 0, sondern auch ungefähr von so 5,4 bis 7. Also nein, 7 ist ja, glaube ich, Mitte. Neutral. Nee, Weil- ich glaube, das ist schon leicht basisch. Ah, ich bin nicht sicher. Ja, ich auch nicht. Ist mir auch ziemlich egal. Ja, wo sind wir gewesen? Döschwo. Ah ja, stimmt, das ist wo. Eines von den geilsten Autos zum Fahren, zum Restaurieren, nachhaltig. Nachhaltig. Ja, es ist wirklich nachhaltig. Es fährt mit Rapsöl. Ja, nein, es ist kein Diesel. Und Benziner. das solltest schon 98er tanken, Motor zu lieb. Es funktioniert wahrscheinlich auch mit 95er, aber du musst den Vergaser wieder umstellen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Es gibt ja so Flex-Fuel-Systeme für so E80 Fuels, die so hauptsächlich aus Bioethanol bestehen. Da hat es sehr häufig so in Amerika oder auch andere europäische Länder, weil ja, in der Schweiz und Deutschland gibt es jetzt nicht so wirklich viele Bioethanol-Tankstellen. Aber ich glaube in Frankreich schon, zum Beispiel. Ja. Und da braucht man auch einfach nur basically ein anderes Setting. Ja, also ich meine, du kannst ja prinzipiell auch Frittenfett nehmen, das filtern. Ja, aber damit kannst du dann auch nur mit dem Diesel fahren. Ja, Benzin daraus zu synthetisieren, habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Also vor allem wäre es zu aufwendig. Es gibt jetzt aber auch in Deutschland, glaube ich, da wollen die das jetzt machen. So Biodiesel. Ah, mit Frittenfett, glaubst du? Ja, mit allem Möglichen. Ja. Finde ich eigentlich noch recht sinnvoll, weil ich meine, das ist eh Abfall, wo. Ich meine, was passiert mit dem Frittenfett, wo du abgibst bei einer grossen Gastro? Das ist eine gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass das aufbereitet wird Ja. und dann für irgendein anderes, nicht so wichtiges Produkt verwendet wird. Ja. Weil ich meine, Scotty Ferno hätte, glaube ich, geheißen. Der hat recht angefangen, das publik zu machen, von wegen, ja, Bro, kannst du einfach zu keine Ahnung, zu der Dönerbude gehen, hey, habt ihr als Frittenfett? Ja, nimm ich. Nimmst es, hast es durch, tust es filtern, mischst ein bisschen Diesel dabei. Aber das ist irgendwie eine Sache, das wusste ich auch schon als Kind, weil Na, in Deutschland war das auch schon immer so, ja, einen alten Diesel, da kannst du auch zum Supermarkt fahren und dir einen Liter Rapsöl holen und das da reinkippen. Ja. Oder irgendwie so Ostdeutschland-Geschichten, wo man dann so, ja, die hatten nicht so viel Sprit und dann haben die in ihre Diesel auch Rapsöl und so einen Scheiß reingekippt. Oder altes Fett und so. Also ich finde schon, dass man das so, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, wusste. Dass man so manche Autos mit altem Öl fahren kann. Okay. Ja, aber ich meine, ist einfach, du darfst ja dann nur Pflanzenöl nehmen, weil altes Maschinenöl darfst du ja nicht nehmen. Das wäre, Ja. glaube ich, Steuerhinterziehung oder so. In Äh, England zumindest. Es hat so Tankstellen für Heizöl. Weil in Ja, Deutschland wird ja. noch relativ viel mit Öl auch geheizt. Ja, da in der Schweiz eigentlich. Nicht mehr so viel, aber gleich hat es noch. Und es gab ein paar Tankstellen für so Heizöl. Und das hat eigentlich auch so einen Farbstoff drin, damit man das direkt identifizieren kann. Weil die Steuern da drauf sind komplett anders, deswegen ist das viel, viel günstiger. Und ja, das darfst du eigentlich nicht in dein Auto tanken, weil wenn du es in dein Auto tanken würdest, wäre es eine andere Steuer, die da drauf gezahlt werden müsste. Steuerhinterziehung. Ja.
Aber ist es nicht so, dass also das Heizöl und Diesel sind ein bisschen verschieden, weil der Motor kommt nicht so fest gut damit klar und es raucht, glaube ich, ziemlich fest. Also, Aber kann vielleicht auch am Farbstoff liegen. ich habe immer viel gehört, dass so viele sagen so, ja, wenn du so zum Beispiel einen alten Motor fährst, die nehmen, saufen alles, oder so einen alten Ami, die nehmen das auch. Es hatte bei mir in der Nähe eine und da hat es so sehr viele so äh, Oldtimer-Fans, so amerikanische Oldtimer, die haben, weil die halt mit ihrem so V8 und so, die haben halt geschluckt wie sonst was. Ja. Und sind dann mit einem Kanister dahin gegangen und man hat das in den Kanister gefüllt. Und damit es halt so aussieht, wie als würden sie jetzt nicht damit tanken gehen. Und sind dann einfach mit dem Kanister dann so um die Ecke gefahren, haben das da dann in ihr Auto reingegossen und sind dann einfach rumgefahren damit. Aber da weiß ich so, dass es so hauptsächlich die Leute waren, die das benutzt haben. Also Oldtimer. Leute. Ja, ich meine, das hat er auch gesagt, von wegen, dass modernere Autos, vor allem Benzinpumpen oder so, anfälliger sind, weil die halt nicht so stabil gebaut sind und halt wirklich nur auf Diesel ausgelegt sind. Und bei den alten Oldtimer, ich meine, sorry, du kannst reinlassen, was du willst und der frisst. Ich meine, das finde ich auch liegt halt noch. irgendwie ein bisschen auch daran, dass die Effizienz von den Motoren ist halt auch komplett scheiße. Ja, ja. Das liegt vor allem auch daran. Und deswegen, also heutzutage musst du ja auch versuchen, aus einem 1-Liter-Motor irgendwie dann versuchen, 36 mpg mindestens rauszukitzeln. Was ich vor allem auch faszinierend finde, was auch kacke kann laufen bei einem Diesler, ist, wenn er von irgendwoher Öl frisst und sich dann nachher selber auffrisst. Ah, was auch, Das ist richtig bitter. es gibt ja auch dieses Phänomen, weil die sind ja häufig, können die sich halt durch die Kompression auch selbst entzünden. Ja, ja, du kannst den Motor abstellen, du kannst die Zündung abstellen, und er der läuft läuft weiter. einfach weiter Ja, und geht dann bis, bis an die Redline und dann Ja. dreht er so lange, bis er tot ist. Ja, ja, weil er Und von irgendjemand her Öl das- zieht. Weil ein Diesel fährt ja eigentlich mit Öl. Und wenn er von irgendjemand Basically. halt Motorenöl, einerseits verbrennt er dann eigentlich sein eigenes Öl, was andererseits für den Motor nicht gut ist, und andererseits hat er irgendwann einfach keine Schmierung mehr. Und vor allem dadurch, dass er dann auf Redline fährt, wird er dann noch heißer. Und das ist so. Also sehr häufig geht es dann ja auch mit einher, dass zu deinen Zylinder-Kopfdichtung dabei auch noch als erstes dran glaubt und dann richtig viel so weißen Rauch hinten aus deinem Ja. Auspuff. Da vermischt sich noch das Kühlwasser. Ja, Ja, richtig Dann geil. wird es richtig, richtig spaßig. Ja, ja. Das Beste, was man da eigentlich machen kann, ist versuchen, die Luftzufuhr zu verstopfen. Weil dann erstickt er einfach. Ja, Und dann wird er auch aufhören. Muss es nur gut genug hinbekommen. aber wie machst du das? Kann es versuchen, halt irgendwas so, dass er immer die Ansaugstutzen, da irgendwas reinzustopfen. Ja, So habe ich einmal gesehen, dass sie das hinbekommen haben, den zu stoppen. oder was auch kannst machen, ist, glaub's, ich meine, du merkst es, wenn er anfängt von selber fressen, dass du kein Gas gibst. Das habe ich mal bei der Halle 77 gesehen, wo sie einen alten Diesel hatten. Und der hat es gemerkt, hat sofort den dritten Gang geschaltet, Kupplung geholt und den Motor abgestellt und hat es gerade können unterdrücken. Weil er halt so viel Gegenwucht bekommen hat, dass gerade der Motor halt wie zu viel Druck bekommen hat. Ja, da hätte er aber auch direkt eigentlich Getriebe richtig durchhauen können, oder nicht? Ja, das schon, aber es ist so. Es ist ja, was machst du denn? Könntest auch einfach warten, bis ihm der Sprit ausgeht. Das Öl und alles, bis alles zudelfetzt ist, bis Aber alles an nur noch sich- zu einem Block geschmolzen ist. Aber das ist ja auch eigentlich eine der Sachen, was einen Diesel viel langlebiger macht als ein Benziner, dass das Lubricaten der einzelnen Komponenten nicht so ein großes Thema ist, weil du könntest basically auch, also
der Brennstoff, wenn du das mit dem Motorenöl ein bisschen vermengst, dadurch, dass halt zum Beispiel die Zylinderwände da drin gecoatet sind, macht dem nicht so viel aus, wie das einem Benziner ausmachen würde. Und das Benzin würde diesen Ölfilm eigentlich angreifen, weil Benzin löst Öl auf. Ja. Deswegen, Ja, und vor allem Diesel fahren da mit viel weniger Touren, was auch den Motor weniger belastet. Und vor allem Diesel sind auch viel dicker gebaut. ja, weil die halt meistens Kompressionsengines sind. Ja, Müssen halt viel mehr Druck standhalten. Aber dafür kannst du halt Benziner günstiger bauen an sich. ja, vor allem dünnwandiger Ja. und so. Obwohl das eigentlich jetzt zum Beispiel, das ist ja auch der Vorteil vom wassergekühlten zu einem luftgekühlten Motor, dass du halt Zylinderwände dünner kannst gestalten und so auch weniger Material brauchst und es weniger schwer ist. Weil wenn du einen Wasserkreislauf drin hast, bekommst du einerseits viel bessere Temperaturverteilung im gesamten Motor her, wie bei einem luftgekühlten Motor, der halt die Aussenwand recht kalt ist und je mehr innerer dass du gehst, desto wärmer wird es eigentlich. Deswegen hast du dort ein bisschen von der Materialausdehnung her ist es eben ein bisschen kritisch. Aber natürlich, einer der grössten Vorteile von einem luftgekühlten Motor ist, die meisten sind so gebaut, dass die literally einfach nicht können einfach überhitzen. Weil Ich habe schon manchmal gehört, dass so luftgekühlte Motoren, besonders, welcher war das nochmal, irgendwie ein VW-Bulli? Ich glaube, der T3, T4 oder sowas. T5, weiß ich nicht. Kenne mich mit VW nicht so gut aus. Aber ich weiß, dass einer von denen einen luftgekühlten Motor hatte. Ich glaube sogar einen Porsche-Motor, glaube ich. Weil Porsche hat relativ viel luftgekühlte Sachen gemacht. ja, aber Und dass die im Sommer dann schon manchmal Probleme haben können. ja, das ist eben das Problem, wenn du einen luftgekühlten Motor hast, der hinten drin hockt. Und das hockt jetzt bei der VW. Also Nee, bei den alten Bullis Ja, war der hinten drin? Also auch bei den luftgekühlten? oder in der Mitte im Mittelmotor kann auch sein. Irgendwie so, also jedenfalls beim Döschwo, der hat ja auch einen luftgekühlten Motor und bei dem ist es vorne raus. Mhm. Deswegen musst du beim Döschwo auch im Winter musst eine Art wie ein Dingens hinmachen. Mhm. Weil der Motor hat prinzipiell ist immer zu gut, zu kühlt. Mhm. Ja, aber ich habe gehört, dass man so ein bisschen aufpassen soll, besonders wenn man im Stau steht. Dass du hast dann wenig Bewegung Ja, und dann die ganze Zeit noch den Motor an im Stand. Dadurch, dass halt kein Fahrtwind sozusagen wie deinen Motor dadurch runterkühlt, dass du da dann Probleme bekommst. Aber who knows? Ich hatte noch nie ein luftgekühltes Auto. also ja, ich habe jetzt den eins. Meine anderen sind alle auch wassergekühlt gewesen. Der sagt dann einfach Bescheid, wenn du mal an der Autobahn dann im Stau stehst und dein Auto anfängt zu brennen. Okay, das ist bei dir, wo es immer so ein bisschen kritisch. Dass sie anfangen zu brennen? Ja. Ah. Könnte ein cooles Albumcover werden. Ja, aber auch richtig sad. Dann setzt du dich das Sad vor und machst dann noch ein cooleres Albumcover. My hopes and dreams died in front of me. Annihilation. Ja, Ein krasses Metal-Album. ja. Nein, ich finde, wenn wir es jetzt gerade vom Autofahren haben, von wegen, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Ich habe das Gefühl, dass die Autofahrer immer ein bisschen rücksichtsloser werden, beziehungsweise unachtsamer. Liegt vor allem an den Features, die du heutzutage siehst. An gewissen Features wie also nicht nur an den Features, an den elektronischen, jetzt zum Beispiel auch so eine Art wie, wenn du in den Oldtimer reinhockst, bist du viel weniger getrennt von der Außenwelt und von der Straße. Du bekommst viel mehr mit. In einem modernen Auto hörst du im Auto selber fast nicht mehr. Dort musst du den Motor etwa auf 3000 Touren aufladen, bis du hörst, dass du den Motor drin hast. Also Ja, so das- ist es bei meinem Mondeo.
Und das ist halt so psychologisch gesehen, von meiner Seite her, ist das sowieso eine kleine Abkapselung, von wegen mir kann nichts passieren. Ich bin in meiner eigenen Bubble drin, wo du halt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Durchschwung fährst, ein Durchschwung ist das komplette Gegenteil. Ich meine, das ist eine Blechbüchse. Wenn du einen Frontalen hast, jagt es dir einfach die fucking die Lenkstange durchs Herz, du bist tot. Du fährst halt auch komplett anders, weil du hast vorne eine Scheibenbremse und hinten eine Trommelbremse. Und du hast keinen Bremsverstärker, das ist nicht hydraulisch, also es ist schon hydraulisch geregelt, aber es ist nicht so, dass du wirklich einen extremen Bremskraftverstärker hast. Du musst halt, wenn du Vollbremse musst, musst du wirklich fest auf das hure Bremspedal drücken, bis wirklich etwas kommt. Und das ist halt, ja, es macht dich viel achtsamer, weil du musst viel mehr auf die anderen schauen, weil vor allem andere Autofahrer unterschätzen Ich glaube, dich. ich stimme dir da schon zu. Ich finde besonders, man merkt das, wenn du zum Beispiel jetzt so einen modernen Lexus fährst, die halt für ihren Fahrkomfort, für das Ruhige, Ja. für das sowas bekannt sind. Wenn du mit einem Lexus, sage ich mal, 200 km/h fährst, dann kommt dir das schnell vor, aber es ist halt trotzdem noch ziemlich ruhig. Aber wenn du jetzt mit irgendeiner Blechkiste, stell dir vor, du würdest mit dem Döschwo 200 km/h schnell fahren, wenn der das könnte, dann Doch, das ganze Auto würde wackeln, du würdest Wind richtig lauter in deinen Motor würde rumschreien. Du würdest dir viel, viel schneller vorkommen als in diesem Lexus, einfach nur, weil deine Umgebung dir halt eine viel größere Response zurückgibt. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass besonders auf der deutschen Autobahn habe ich das sehr viel gemerkt, dass man da, es ist über die Jahre, die ich halt immer gefahren bin, also ich bin, seit ich einen Führerschein habe, eigentlich auch immer gefahren, habe ich gemerkt, dass sozusagen wie am Anfang so 130 war so Richtgeschwindigkeit, da haben sich die meisten noch so dran gehalten. Und inzwischen, wenn du 160 fährst, bist du gerade mal so im Mittelfeld. Also du bist dann immer noch so, überholst dann so noch einen guten Anzahl von Leuten, die 130 fahren und LKWs, aber du wirst trotzdem noch extrem viel überholt, weil sozusagen wie das Gefühl für Geschwindigkeit ist einfach verloren gegangen. ja, das ist etwas, wo halt durch die moderne Technik möglich ist, weil du hast ja so viel. Ich meine, BMW hat zum Beispiel, wo sich die Lenkung an deine Geschwindigkeit anpasst, dass du es dann nicht einmal wirklich wenn du 200 km/h fährst, ist, wenn du einfach nicht elektronisch gesteuerte unterstützende Lenkung hast, ist es wie, du lenkst ein bisschen über und dann kann es sein, dass der ganze Wagen verhunzt, weil er das Drehmoment bekommt und sich komplett überschlägt. Und bei den neuen BMWs, glaube ich, verändert sich das Gefühl von der Geschwindigkeit anhand vom Lenkrad überhaupt nicht, weil er das ausgleicht elektronisch. Ja, es hat sich ja sowieso sehr, sehr stark verändert, wie es sich anfühlt, dass man fährt, seit es halt Drive-by-Wire ist. Also obwohl Drive-by-Wire gibt es ja eigentlich bis jetzt nur beim Tesla Cybertruck. Gibt schon bei manchen eigentlich. Also es ist ein Hybridsystem aus Drive-by-Wire und einem mechanischen. Also es hat beides, was bei sehr vielen Autos da, aber du fährst nur noch über Drive-by-Wire, solange dieses System funktioniert. Also du hast als Backup sozusagen wie immer noch, Okay. du hast so eine Mischung aus beidem. Du hast halt sozusagen wie, auch um dieses hydraulische Steuergefühl zu behalten, aber sonst Porsche Taycan ist nur noch Drive-by-Wire Okay. oder ich glaube Audi wollte eigentlich auch ihre ganzen neuen Autos nur noch Drive-by-Wire machen. Aber ich weiß nicht, ob die sich auch auf so einen hybrides Das finde ich, System eben- geeignet das haben. finde ich eben recht schwierig, weil klar, Technik kann schon ausgereift sein und so, aber wenn die Elektronik mal versagt, wieso auch immer, weil es Softwarefehler hat, weil weil ein Sensor ein bisschen verdreckig ist oder so und dann einfach das Steuerrad nichts mehr macht. Ja, aber das ist ja so unwahrscheinlich, dass es passiert. Weil ich Ja. meine, du vertraust sozusagen wie
den Autos bei Drive-by-Wire nicht. Aber was halt komplett Drive-by-Wire ist zum Beispiel Flugzeuge. Ja, okay, stimmt. Also du Stimmt, würdest ja, dich in einen Flieger setzen, wo der Pilot Drive-by-Wire steuert, aber in ein Auto, wo was so gesteuert wird, dann halt nicht. Oder wie? Also das macht dann ja auch irgendwie gar keinen Sinn. Ja, okay, stimmt schon fair. Ich habe einfach mal so ein paar Sachen mitbekommen, jetzt so, zum Beispiel so fette Mercedes AMG mit ihren Spurhalteassistenten und bla bla bla, dass die manchmal ein bisschen fälscheln und einfach Bremse auslösen auf der Autobahn, weil es irgendwann mit außerhalb auf einer Landstrecke ein 40er-Schild gesehen haben. Die sind so, oh, es ist 40! Die bremsen es voll ab. Oder in der Baustelle oder halt der Kompi halt komplett nicht rauskommt. Das sind halt so Sachen, klar kann es einem den Alltag erleichtern, aber es ist dann auch, wie soll ich sagen, es verleitet schon fast dazu, dich nicht mehr so fest zu konzentrieren. Ja. Also ich meine, so ein Notbremseassistent ist super. Der Spurhalteassistent ist auch meistens eigentlich gut. Es gibt so ein paar, die scheinbar mal ein bisschen zu aufdringlich waren, wo du dann halt, wenn du keinen Blinker setzt, nicht die Spur wechseln kannst. Okay. Und das sollte schon möglich sein. Es gibt bestimmt ein paar Ausnahmesituationen, wo du gerade keine Zeit hast zu blinken, um Spur zu wechseln. Vor dir bremst einer zu stark. Spurhalteassistent ist so, nein, du biegst jetzt nicht ab, du hast nicht blinkt. Puff. Ja. Aber ich würde sagen, es gibt einfach sehr viel so moderne Technik, wo viele Angst vor haben. Und Drive-by-Wire ist irgendwie eins davon. KI ist eins davon. Was sonst noch? Hast du das mitbekommen mit Boeing übrigens? Ah, wegen Whistleblower. Ja, die haben jetzt schon mehrere Whistleblower sind jetzt zufälligerweise an einem Herzinfarkt in einem Parking Lot gestorben. Ich denke mir dann immer so, Digga, weißt du, ein Herzinfarkt, okay, kann passieren. Aber das ist wie CIA-like, er hat sich umgebracht mit 2 Kopfschüssen. Obwohl das auch eigentlich nicht so wenig passiert, wenn der erste Schuss fehlschlägt. Dass man dann einen zweiten nachher setzt. Aber es ist dann gleich so, Meinst ja. du? Hä? Meinst du, dass man dann so, wenn man einen Schuss daneben setzt, dann noch einen zweiten versucht? Ich glaube, dass du dann erstmal irgendwie ohnmächtig wirst oder Panik oder so. Ich bin noch nie in dieser Situation gestanden. Ja, ehrlich ich auch gesagt. nicht, aber ich weiß auch nicht, ob es eine Statistik dazu gibt, wo die jetzt so sagt, so, ja, 90%. Ich habe es eben mal nachgelesen, weil es ja mal so einen Journalist gegeben hat, der angeblich von der CIA umgebracht wurde, ist mit 2 Kopfschüssen. Ach, der sich zweimal selber in den Hinterkopf geschossen hat Ja, und dann die der- Waffe 15 Meter über den Hügel geworfen hat. Ja, von dem habe ich auch gehört. Ja. Das war ja auch wegen irgendwie dem Typen, der so. Es gab ja irgendwie in Amerika eine Zeit lang, da konntest du so eine Art Notar für dich Grundstücke kaufen lassen. Und der Einzige, der wissen musste, wer du bist, also der eigentliche Besitzer, ist der Notar. Ja. Und so hat man, ich glaube in den 80s oder so, in den USA sehr, sehr viel so Geld gewaschen. Also so, das ist so Kartelle und so. Weil die sich dann einfach so einen dieser Notare genommen haben, dem richtig viel Kohle gegeben haben und gesagt so, ja, du wirst niemals jemandem erzählen, dass das Kartell das gekauft hat. Und haben dann halt extrem viel Grundstücke und so gekauft in den USA. Und da ist es dann ja auch passiert, dass dieser Reporter, weil einer der so ein Notar war, der wollte halt aussteigen. Mhm. Und aussteigen hat bedeutet, du wirst sterben, mein Freund. Ja, fair. Und dann gab es halt auch einen Reporter, der das irgendwie so nachgeforscht hat. Und ja, beide sind an 2 Hinterkopfschüssen gestorben. Aber laut Polizei ist Suicide. Ja, das ist aber das Gleiche so wie Epstein didn't kill himself. Ich meine, sorry,
überwachte Zellen. Ja, der Wart ist mal für 5 Minuten nicht rum gewesen und er hat sich instantly erhängt. Ich finde, Epstein ist noch wahrscheinlicher, dass er sich umgebracht haben könnte und die Guards sich gedacht haben, ja okay, ist ein Kinderschänder, lass den jetzt einfach sterben. Ja, okay, wenn man es so sieht, aber das Problem ist halt, wenn du halt die andere Seite siehst, mit was für mächtigen Leuten er zu tun gehabt hat und wie viele Leute das. Also ich meine, die Flightlogs beweisen ja nicht, dass die auf dieser Ja, ja, Liste klar. sind, Kinder gefickt haben. Nicht jeder, der aber, auf der Insel war halt auch irgendwie ein Täter. Weil ich meine, es gab ja auch ganz normale so Celebrity-Events und ja, Partys oder da auch auf dieser Insel. Benefizveranstaltungen Ja, drauf. und wenn du so einmal da warst, heißt das gar nichts. Aber wenn du so Nein. 30 Mal in einem Monat dahin fliegst, dann Ich habe mal ein Video geschaut von einem, einer von der englischen Königsfamilie mit seinem eigenen Helikopter, der damals eingeflogen ist. Und er hat gesagt, so, die ganze Geschichte konstruiert von wegen, ja eigentlich, wenn wir den nicht da, sag ihm einfach nicht, oder sag, du hast keinen Platz im Flugzeug und dann so, I'm coming with my own helicopter. Und alles, nein. Bill Clinton war ja auch sehr regelmäßiger Besucher. Ja, aber bei Bill Clinton ist so, ja, der hat einen Blowjob bekommen im Weißen Haus von. Wie hat sie schon wieder geheißen? Hillary? Nein. Hillary war doch so sein Sidefling, der dann official geworden ist, oder nicht? Nein, irgendwie anders. Ich glaube, es ist so ein kroatischer Name, glaube ich sogar. Kroatischer Name, sehr Ja. spezifisch. Also ja. Ich muss da kurz ein bisschen Business-Sachen machen. Business? Ja. Okay. Ich dachte, du googelst jetzt, wer Ja, das wer mache ich alles noch. Bill Clintons geheime Lover waren. Das ist wahrscheinlich eine extrem lange Liste, ehrlich gesagt. Also, Markus, ich frage ChatGPT. der gibt dir bestimmt eine lange Liste aus. Wo ist ChatGPT drauf da? Von wem bekam Bill Clinton im Weißen Haus einen Sloppy gelutscht? Toppy. War in einem Skandal verwickelt, der weiterhin als Lewinsky-Affäre bekannt ist. Dieser Skandal bezog sich auf seine sexuelle Beziehung mit Monika Lewinsky, einer Praktikantin im Weißen Haus, während seiner Amtszeit. Sogar eine Praktikantin. Warum gibt es Praktikanten im Weißen Haus? Aber weißt du, Bill Clinton hat schon Balls gehabt. Affäre ist 98 öffentlich, führte zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton, obwohl er letztlich im Amt blieb. Ja, was willst du machen? Ja, so wie die Nixon und sagen so, ja, yeah, guys, I'm out. nach dem Watergate-Skandal. Aber ja. Ich meine, der Trump hat ja eigentlich auch kein Impeachment-Verfahren hinter sich gebracht, obwohl dass er... 2 sogar. 2? Oh shit. Er ist, glaube ich, wegen etwas anderem verurteilt worden, gleich. Oder doch nicht? Ja, ich glaube auch Steuerhinterziehung. Ja, aber das ist so das geringste Übel. Ich meine, das ist wie bei der El Pacino, haben sie auch wegen fucking Steuerverleumdung angeklagt, anstatt der ganze fucking Kartellmord, den er angeordnet hat. Und der ganze Mafia. Sally Jörg. Ja. Allgemein, es gibt so viele Sachen, wo... Es ist halt immer so ein bisschen... Genau solche Situationen führen dann wieder so zu so Schwurbeltheorien über New World Order. Oh. NWO. Und ich mir immer denke so, ja... Ich finde solche Theorien extrem unterhaltsam. Ich finde es auch mega unterhaltsam und vor allem so, was verwirrende Zusammenhänge das so, der hat es 69 auf dem Bild gesehen, das heisst, er muss dort und dort gewesen sein. Oder immer, was meistens kommt, so, ja, das sind alles Satanisten. Ja, das hat sie jetzt auch mit diesem komischen neuen Bild von Prinz Philipp, glaube ich.
der hat ja so, dir wurde ein neues Bild von ihm aufgehangen im Buckingham Palace, glaube ich. Okay. So in Rot, komplett. Und er hat auch so einen roten Anzug und so an und ja, nicht Anzug, aber halt seine komische Ja. Uniform, scheiße. Und das haben die so zweimal nebeneinander gemacht und umgedreht und dann kannst du da drin so das Gesicht des Teufels sehen und so. Richtig geil. Aber ich dachte mir dann auch nicht so, weißt du, es kann schon sein, dass das so ist, aber why would they make it like this so offensichtlich? Und dann sagt ja, das ist zum uns veräppeln und so. Und ich denke mir dann einfach so, wenn es gescheit wäre, würde es gar nichts machen. Gar nichts. Oder vielleicht wollen die das, dass wir das denken. Es ist wahrscheinlich, also wenn man so eine Geheimorganisation wäre, so richtig komische Gerüchte über sich selbst zu haben, wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. South Park hat das mal mega gut aufgegriffen mit dem 9/11. Hast du die Folge mal gesehen? Nee, ich glaube nicht. Wo Ist es das so darum, eine alte Folge, oder? ja, ich glaube, es ist recht alt. Wo sie nachforschen von wegen 9/11 und dann kommen so in die ganzen Verschwörungszeugs rein und dann wird einer vor ihnen verschossen. Weil sie denken, die Regierung hätte das gemacht. Und schlussendlich stehen so vor allem so, ja, wir, die Regierung, machen das nur, damit die Leute denken, dass wir mega viel Macht haben. Ja, aber wer hat denn who did 9/11? Some fucking Muslims, man! Fucking terrorists! What the fuck do you expect? Ja. Sonst hast du mal diesen Fall mitbekommen, wo die CIA in irgendeinem Karibikland, glaube ich, oder südamerikanischen Land, da hatten die so ein Vampire-Rumor gespreadet. Oh Gott, das tut einfach. Das tut einfach nach CIA. Wahrscheinlich zu irgendeiner Regierung stürzen oder. Ja. Ja. Es gibt einen YouTuber, der hat so ein Iceberg, so ein vierteiliges Iceberg-Videos gemacht von CIA-Sachen. Und da kommen Sachen raus, Sachen, die wirklich zu 100% bewiesen worden sind und solche, die eigentlich richtig sind, aber es ist so, ja, die CIA gibt es halt nicht zu. Und ich meine, was die CIA alles schon für Krieg ausgelöst hat, nur damit ich meine, Kokain an schwarze Viertel verteilt, damit man die Bevölkerungsgruppe besser kann kontrollieren und so, damit sie ihre Drogenkriege können, finanzieren. Der Shit geht schon ziemlich deep. Ist eigentlich auch entertaining, darüber so im Nachhinein zu erfahren. Ja, Aber man muss sich schon denken, so, das ist schon fucked up. ja, das ist schon. Also, wenn du bei der CIA schaffst, musst du so, muss deine Ansprüche von Moral so dehnbar sein. Oh. Ja, oder auch, was war da diese andere Behörde denn nochmal? FBI gibt's noch. Ne, diese NSA. für so Waffenregulierung und so. Der NRA. Ja. National Rifle Association. Oder es hatte doch auch noch irgendwie for Narcotics, Explosives and Guns oder irgendwas. FDA. FDA, maybe. Glaub's. Die auch für so Ruby Ridge und so verantwortlich waren. Ruby Ridge. Ruby Ridge, kennst du nicht? Sag mir etwas, aber ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen. Das sind immer so, es gab so mehrere Incidents und einer davon war Ruby Ridge, wo die so ein bisschen im Öffentlichen ein bisschen am Arsch waren, weil das waren immer so komische Kults und sowas, die halt teilweise auch Geld damit verdient haben, halt Firearms zu manufacturen. Und dann ist es meistens so, dass sie dann das deeskalieren wollten, aber im Endeffekt alle erschossen haben. Wow. Und dann irgendwie sowas wie rausgekommen ist, dass so einer von denen ihren Scharfschützen eine Mutter mit einem Kind in den Kopf geschossen hat. Oh.
Scheiße, Mann. Ja. Haben die gut auseinandergenommen. Deeskalierendes Verhalten. Ey, kann man nichts machen. Ja, oder wie die CIA versucht hat, wie hat der kubanisch Ding hat es schon wieder geheißen? Du meinst Pablo Escobar? Nein. Fidel Castro? Ja, ist der Fidel Castro gewesen, der so mega auf Milch gestanden hat. Auf Milch? Ja. Okay. Jetzt wollten die den mit Milch vergiften, oder wie? Ja, auch schon, auch mit Zigarren. Ja, mit Zigarren, das hatte ich auch mal gehört, aber. Ja, ich Milch? glaube, der hat literally, der ist so Fan gewesen von Milch, dass es literally, glaube das Klasse oder so verstaatlicht hat. Und er hat literally Forscher angestellt, zum eine Kuh herzuzüchten, die du daheim kannst haben, so eine kleine, wo du Milch gibst. Ich glaube, ich habe sowas Ähnliches schon mal gehört, aber ich glaube. Der Salmonella hat eben mal ein Video darüber gemacht. Und deswegen weiss ich den Stuff. War das nicht irgendwie, weil die so ziemlich keine lokale Dairy-Industrie hatten Ja. und auch sehr schwierig war, eine Dairy-Industrie da aufzubauen, weil das Land nicht äußerst fruchtbar ist? Ja. Ja, ich glaube, da klingelt irgendwas. Ja. Ah, krass, dass sie mit Milch vergiften wollten. Was, wenn er laktoseintolerant gewesen wäre? Oh shit. Ja. Meinst du, Aber- würdest das dann besser überleben, wenn du so laktoseintolerant wärst und dann so giftige Milch, weil du die dann sofort sozusagen wie wieder ausscheidest? Da hast du weniger Gift in deinem Körper. Vielleicht. Oder vielleicht wären sie so gescheit gewesen und hätten Laktat schon reingemischt. Es gab ja auch so einen komischen König, ich glaube, der hieß Magellan. Der hat auch immer so kleine Mengen an Gift genommen, weil er so paranoid war, dass er immer vermutet hat, dass alle ihn vergiften wollen. Und er wollte gegen Gift immun werden. Er wollte Okay. sich an das giftresistent werden und hat sich dann immer kleine Mengen Gift ins Essen getan. Bis er dann wahrscheinlich irgendeine Strafe verreckt ist. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Ja. Ich kann es mir gut vorstellen. Aber wer weiß, vielleicht ist er ja auch Hat er sich Einfach- selber umgebracht. einfach der Übermensch geworden und komplett Lebt immun. heutzutage noch. Lebt in Argentinien mit dem Adolf Hitler zusammen und dem Goebbels. Oder nein, besser noch auf der dunklen Seite vom Mond. Boah, die Verschwörungstheorien darüber sind auch eigentlich ziemlich lustig. Ja, oder das mit wie Neuschwabenland. Neuschwabenland? Oder wie hat das geheißen? Mit der Theorie, dass sich die Nazis in der Antarktis unter der Wasserwelt aufgebaut haben. Oder Neufriesenland. Atlantis. Die haben sich da Atlantis aufgebaut. Ja, okay, weißt du, Nazis sind schon, was das anbelangt, sind schon recht besessen gewesen von so einem Machtsymbol, wie zum Beispiel auch die Bundeslade oder der Goldene Kelch und Ja, so. aber das liegt an Adolf Hitler, weil es richtig größenwahnsinnig geworden ist. Ja, sicher. Ich meine, Ich meine, guck dir seinen Plan an, wie er Berlin hätte umbauen wollen. Das war komplett größenwahnsinnig. da habe ich jetzt nie wirklich mitverfolgt. Der wollte ja so einen neuen Bundestag und so bauen. Und die Kuppel allein davon wäre irgendwie so das größte Kuppelmonument der Weltgeschichte gewesen. Also enorme Ausmaße hätte das angenommen. Der hatte halt so alle krassen Architekten, die Deutschland damals hatte, auch daran gesetzt, sein Berlin 2.0 zu designen, basically. Okay. Und das war alles nach so seinen Vorstellungen. Und das waren alles so gigantische Sachen. Also es gibt in Berlin, glaube ich, sogar noch teilweise ein Museum mit so Plänen und so davon und dann 3D-Rendern und so, die davon gemacht haben. Ja, aber sieht dem Dolphy schon ein bisschen ähnlich. Also ich meine, Grössenwahnsinn Ja, hat voll. der mit Löffeln gefressen. Ja, voll. Also der ist ja auch immer so, machen wir einen noch größeren Panzer. Was schlägt einen großen Panzer? Noch größerer Panzer. Der große Gustav! Oh, Aber das war ja zum Glück kein Panzer. Aber ich glaube, das ist ja nur eine Kanone gewesen. Ja. Auf Schiene. aber da haben die, ich glaube, den wollten die sogar auf
es gab ja so Pläne, es gibt ja, die haben jetzt so zweimal die Maus gebaut. Das war so ein riesiger Panzer mit so wirklich so 30 Zentimeter dicken Stahlwänden. Das Teil konnte auch kaum fahren. Es gibt halt 2 davon. Die Russen meinen, sie hätten 1 und das andere steht in einem Museum irgendwie in UK oder so. Okay. Und da gab es eigentlich auch noch Pläne, dann die Ratte zu bauen. Und das wäre noch einmal viel riesiger gewesen. Also das wäre auch durchgedreht. Ja, die Nazis und ja, wenn wir schon bei den Nazis sind, AfD. Ey. Also, Als jemand, der in Sachsen gewohnt hat, es bietet teilweise ein bisschen so Reality-TV-Entertainment, aber gleichzeitig macht es einem schon auch irgendwann so, wenn man dann so Momente of Clarity hat, so Angst, wo man sich dann so denkt, so, ja, Scheiße, das darf eigentlich nicht passieren. ja, ich finde es halt schlimm, dass man so weit kann kommen mit reinem Populismus und eigentlich Sachen aussagt und auslebt, die eigentlich komplett gegen das Parteiprogramm ist, wie zum Beispiel Alice Weidel, die in der Schweiz lebt, mit einer Migrantin, die geflüchtet ist von Indien, homosexuell ist. Also nein, sie sagt nicht homosexuell, sie lebt einfach mit einer Frau zusammen. Aber Das ist eine WG. Hä? Das ist eine WG. Aber gleichzeitig gegen Migranten hetzt und gegen Homosexuelle. Und da denke ich mir einfach so, wie profitgeil kann oder wie machtgeil kann man sein, dass man seine eigenen Prinzipien, sein eigenes Leben so sagt, so, ja, ich kann zwar das, aber in Deutschland sage ich das. Aber ich lebe eigentlich in der Schweiz. Das ist irgendwie sehr präsent sowieso momentan in so moderner Politik. Also da Also kann ja, man ja, so das Doppelmoralische. Ja, beide Seiten leben einfach so komplett ihr Doppelmoral-Leben und wer immer darunter zu leiden hat, ist halt die Arbeiterklasse. Ja, und vor allem der Mittelstand. Ja, Arbeiterklasse. Und arme Leute. Ja, aber die leiden eh immer. Ja. Aber wo wir schon von Doppelmoral sind, ich meine, das, was der Söder momentan abzieht in Bayern, von wegen, ich will das Gendern nicht, ich könnte mir nicht verbieten, meine Meinung zu sagen, ich verbiete das Gendern. Und so tust du eigentlich gleichzeitig auch eine Meinung verbieten, wo ihr danach geredet habt. Und dann denke ich mir einfach so, sieht das eigentlich niemand von euch Mongos, der die CSU wählt? Wollt ihr eine verfickte Diktatur? Will Bayern wieder komplett alleine dastehen gegen Deutschland? Ja. Ja, Also wenn's. Bayern wird es ganz gern eigentlich, glaube ich. Ja, vor allem seit sie Cannabis legalisiert haben. Es gibt ja sehr Nee, also Bayern ist da so, wehren sich immer noch dagegen. Bayern ist da so Extrem. ganz komische Regelungen. Ich meine, in Bayern dürfen ja Polizisten Handgranaten haben. Wirklich? Ich glaube es, die haben recht gutmütige Polizeigesetze. Also ich weiß, dass sie gute Mittel haben, aber Handgranaten wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, also ich weiß, dass die Polizei so in Deutschland relativ militaristisch ist, aber Handgranaten wofür? Das Meinst du frage ich mehr mich so Blendgranaten vielleicht? Stun Grenades? auch. Vielleicht, wenn sie einen Kiffer sehen. EMP-Granaten. Ja, oder ich will Molotov Cannabis Cocktails. verbieten auf dem Oktoberfest. Und dann denkst du dir einfach so, ja. Sollen sie auch machen, ist doch eigentlich glaube ich, private Veranstaltung. Schon. Ist privates Gelände, was gemietet wird. Du kommst ja eh noch mit Karten drauf. Ah. Ja, soll jetzt halt. Also sollen sie machen, was sie wollen. Dann wird halt vor dem Gelände gekifft. Ist Ja. jetzt auch nicht so krass. Ist auf vielen so Festivals oder so, ist ja so Kiffen auch eigentlich nicht so toleriert. Und da war das dann auch so, als ich früher so Festivals war oder so, haben die so vor dem Festivalgelände gekifft oder auf dem Weg dahin oder dann so heimlich eben so.
Ja. Aber was haltest du eigentlich, wo wir jetzt schon bei Cannabis sind, von der Legalisierung bzw. Entkriminalisierung von Cannabis in Deutschland mit dem System, was sie momentan fahren? Das System, was sie momentan haben, finde ich, ist einfach nur so ein richtig komischer Kompromiss, Ja, um jetzt irgendwie nicht zu hart zurückrudern zu müssen. Weil sie haben es halt versprochen. Äh, Das war so eins den ihrer großen Wahlversprechen. Und es kam jetzt schon auch schon sehr, sehr spät. extrem. Kam sehr umstritten. Extrem. Und den Kompromiss, den sie jetzt getroffen haben, ist halt irgendwie auch ein bisschen Arsch. Ja, sagen wir es so, das mit der Begrenzung, wie viel Weed das du darfst haben, finde ich grundsätzlich ein bisschen doof. Ich finde, das ist noch in Ordnung, weil die Menge, die du hast, ist. Also ja, es ist schon mega viel. Ich meine, 50 Gramm, die hat schon viel pro Monat. Aber es ist so, wenn du so vergleichst, es haltet dich niemand davon ab, Tausende von Liter Bier im Monat zu kaufen. Ja. Und so das Problem ist auch, wenn du über die Grenze kommst, landest du recht schnell im Knast. Und die Sache ist halt auch, da ranzukommen, die meisten, die halt kiffen, die kaufen immer noch bei dem Dealer. Ja. Weil Cannabis-Clubs kommen ja erst. ja, es gibt schon Cannabis-Clubs inzwischen, so ein paar, aber das ist halt auch eine komische Regelung, weil die Clubs dürfen immer nur so maximal 500 Mitglieder haben und diese Clubs dürfen halt sozusagen wie Mengen, weil das ist ja eine Vereinigung, die zusammen Cannabis anbaut. Aha. Und die dürfen halt sozusagen wie das Cannabis, was als Vereinigung angebaut wird, verteilen auf ihre Mitglieder, weil die Mitglieder ja sozusagen wie das Anbauen sozusagen wie nur auf sozusagen wie einen Club verschieben. Aber Ja. das wird ja in ihrem Namen angebaut. Ja. basically. Ja. Ja, ich finde es in der Hinsicht, wegen, dass es ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, dass wenn es entkriminalisiert wird, dass dann noch einen richtigen Marketboom drum gibt. Und ja, das mit den Vereinen finde ich eigentlich noch recht geil, dass vor allem dass kein Profit daraus gezogen werden, weil es ja ein Verein ist. Finde ich eigentlich noch einen recht nice Ansatz, aber so die Umsetzung ist so, ja, Cannabis ist jetzt legal, aber bekommen noch kein legales Weed, weil wir, ja, sorry, gell? Im Waldshut hat es zum Beispiel auch schon einen dieser Clubs. Schon, Mhm. okay. Ja. Also ich meine, lieber Cannabis wie Alkohol. Von Cannabis, von zu viel konsumiertem Cannabis schlafst du wenigstens nur nie. Okay, es kommt auch immer darauf an, wenn du guten Shit hast und nicht so chemisch veränderten CBD mit chemischem Tetrahydrocannabinol drauf und der ganze Scheiß. Da, ja, das ist eher so ein bisschen der Shit, wo dich ficken kann. Vor allem psychisch. Was ich gehört habe bis jetzt. Vor allem, Alter, das finde ich so niederträchtig, Gras strecken. Ich meine, bei Koks, jeder, der Koks kauft, weiß, es hängt mega viel Blut damit zusammen. Es ist. Ich habe Bachpulver in den Haaren, Raptigift, Glasspö, jenster Scheiß. Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst schon an relativ hochwertiges Koks rankommen. Koks ist ja einer der verbreitesten so harten Drogen. Okay. Und davon wird halt auch extrem viel hergestellt in so südamerikanischen Ländern, in, ich glaube, Afghanistan auch, Syrien, glaube ich, auch. Und ja, das kannst du, glaube ich, schon, weil es halt so ein Pflanzenprodukt ist, auch relativ rein bekommen. Es gibt ja immer so Schmuggler, die hops genommen werden, die dann so richtig, richtig krass reines Kokain und davon dann so hunderte Kilos haben. Und das wird dann halt natürlich auch gestreckt. Aber ich glaube, das wird dann
sehr viel mit so, also ich glaube, wenn du so in der Supply Chain nicht so einen Straßendealer hast, dann ist das, glaube ich, nicht so krass. Also sagen wir gestreckt. so, die jetzt in Zürich im Bankerviertel können sich den Good Shit leisten und haben auch Connections dazu, dass sie nicht... Boah, nee, ich glaube, solche werden halt auch genauso abgezogen wie alle anderen auch. Nur, dass Ja, okay. die mehr dafür bezahlen. Ja, weil es wahrscheinlich so reiche BWL-Schnösel sind, wo sie so denken, oh, ich fühle mich verdammt krass, ich gehe mir jetzt Koks kaufen. Und die haben halt auch keine Kontakte zu so wirklich shady Leuten. Ja, stimmt auch wieder. Also ich würde schon sagen, dass so Leute, die in so schlechten Vierteln aufgewachsen sind, bessere Kontakte zu Dealern haben und dann zu denen ihren Dealern eventuell oder zumindest wissen, wer das ist, als irgend so ein Angestellter bei einer Bank in Zürich, der irgendwie überhaupt Probleme hat, einen Dealer zu finden, weil er nicht weiß, wie. Und alle denken, er sei ein Cop. Ja. Ja. Drogen. Jetzt haben wir so lange über Drogen und illegales Zeugs geredet, wenn wir mal wieder über etwas Legales reden. Oder wir machen eine Drogentierlist. Kann ich fast nicht mitreden, weil ich habe persönlich experienced mit wirklich eigentlich fast keine wirklichen Drogen. Ja, auch nicht so viel, aber man kann ja trotzdem meistens eine Meinung hat man ja trotzdem zu denen. Zum Beispiel, Also- ich muss kein Heroin nehmen, um Heroin S-Tier zu geben. I need to try, man! Nein, okay. Ja, ich meine, wenn wir schon bei Heroin sind, also ich finde, Heroin ist so etwas, so Opiate ist etwas, was ich niemals in meinem Leben würde anrühren, nicht einmal als Medikament. Boah, wollte gerade sagen, wenn du mal im Krankenhaus warst, dann haben sie dir bestimmt schon welche gegeben. Nein, zum Glück nicht. Weil Opiat ist so, ja. England hat da zumal China komplett Opiatkrise ausgelöst, damit sie bessere Preise nicht bekommen bei den Händlern. Damit die überhaupt mit denen handeln. Also ja, damit sie überhaupt mit denen handelt. Oh, und es ist halt Opiate sind so Opioidrezeptoren im Gehirn, macht sehr fest körperlich abhängig, Entzugserscheinungen extrem. Ich meine Fentanyl, Heroin und das ganze Zeugs ist schon nicht so. Tramadol. Ist ein gutes, kriegst du im Krankenhaus. Okay. Noch nie gehört. Nein? Nein. Das sind Schmerzmittel. Ich kann mir schon fast vorstellen, dass Opioid meistens Schmerzmittel sind. Ja, meistens eigentlich. Ja, meistens. Aber finde ich schon crazy. Also, ich kenne schon ein paar Leute, die aus dem Krankenhaus rauskamen und dann Tramadol-süchtig waren. Fair. Es ist einfach Opioid. Ich weiß, es wirkt recht gut als Schmerzmittel, aber Ja, weil du halt dumm high wirst. ja, du kannst auch einfach THC. Das wirkt, glaube ich, nicht so gut als Schmerzmittel wie was dich so richtig weghaut. Weil ich mal, guck dir mal so einen Fentanyl-Zombie an, Alter. Der wird auch nicht merken, wenn du irgendwie den anzündest oder so. Der würde dann auch erstmal so 5 Minuten noch weiter chillen, bis er irgendwie anfängt, sich Sorgen zu machen. Ja, fair. Also ja, ich glaube Heroin, allgemein Opiate, recht tiefe Tierlist wahrscheinlich. S+. Das ist ein S+-Droge. Also ja, es kommt halt darauf an, wie ist die Tierlist aufgebaut, wie high das sich's macht oder das Gesamtpaket. Einfach das Gesamtpaket. Also ich würde sagen, Opiate sind goated. Zigaretten sind mid. Alkohol ist bad. THC ist good, aber nicht goated.
What else? Psilocybin ist goated. Mescalin ist mid. Psilocybin habe ich jetzt nur eine Microdose-Erfahrung gehabt und das war eigentlich auch ziemlich witzig gewesen. Aber der Rausch ist, dadurch, dass ich eine Microdosis genommen habe, eigentlich recht ähnlich gewesen wie ein THC-Rausch. Einfach ein bisschen bewusster und so verchillter. Ich habe auch diese Schokolade gegessen, die du mir gegeben hattest. Ist die gut gewesen? Die Schokolade war lecker. Aber ich habe nichts gemerkt. Wie viel hast du amigs genommen? Die ganze Schokolade. Hast du alles miteinander gefressen? Mhm. Okay. Weird. Weird. Flügelpilz. Also ich Wolltest habe mich nur mies vergiften. nur, Fliegenpilz. nur für, lasst zu, Leute, der Schleifen lässt, nur frische Flügelpilz ist wirklich giftig. Wenn das Zeug trocknet, wandelt sich der Giftstoff in irgendetwas anderes um. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber das ist nicht mehr so giftig. Ich habe mal so einen alten Typen getroffen, der meinte, wenn man mit frischen Fliegenpilzen baden geht, dass man auch high wird. Aber ich glaube, der hat einfach nur so Vergiftungserscheinungen. Das ist halt ein bisschen das Problem. Wo fangen Vergiftungserscheinungen an? Wo kommt der Drogenrausch? Ich glaube, Vergiftungserscheinungen können schon sehr, sehr heftig sein. Ich glaube, man könnte das schon gut unterscheiden. Ja. Ob du so einen Fiebertraum hast oder ob du so dich goody-goody fühlst. Ja, aber da kommt es halt immer noch ein bisschen aufs Setting drauf an. Ich meine, auch von LSD oder Psilocybin kannst du Ich auch glaub, so einen fiebertraummäßigen Zustand. Ja, aber ich glaube, egal welches Setting du hast, egal wie schön dein Setting ist, und wenn du Vergiftungserscheinungen Ja, hast, okay. wirst du niemals eine schöne Experience haben. Nein, ich habe es eher so gemeint von wegen mit LSD und Psilocybin und so. Das ist auch etwas, wo so Psychedelika werden immer so falsch dargestellt, von wegen, wenn das ist, bekommst du instantly Paranoia, aber es ist so, Instant Psychose. klar, es gibt es schon, wenn du schon für das eine Art wie Voranzeichen hast oder gewisse Ängste in dir, es kann auch auslösen. Ich meine, das kann auch Kindheitstrauma könnte das auslösen. Es kann, Ja, zu besoffen zu sein kann auch halt ja, deine emotionalen Trauma verstärken. ja, ich meine, wie viele Leute siehst du amigs, wenn sie frotzevoll sind am Rumlatschen, weil sie einen Nervenzusammenbruch haben, weil ihnen alles zu viel geworden ist und so. Und von dem her ist so, Ich kenne ein paar Leute, bei denen es so ist, wenn die so zu viel getrunken haben, dann fangen die immer an zu heulen. apropos trinken, willst du das Cider? Ja. Du mal ein bisschen weiter. Dankeschön. Oh, was ist das? Pizza? Dorfgeist.
Schmeckt eigentlich hart wie Traubensaft. Das ist geil. Ich liebe Traubensaft. Mhm. Ich wünschte, Wein würde wie Traubensaft schmecken. Ja. Der wär wie aber so. Goat. Wein wäre goated dann. Hä? Wein wäre goated, meinst du? Jetzt ist Wein gar nicht goated. Wein hat auch so extrem viel Alkohol, verschiedene Alkoholsorten haben so ganz komische Charakteristiken. Und wie nennt man das? So ein Ruf, der mit sich kommt. Mhm. Weißt du, wenn du so Weintrinker bist, dann bist du schon so ein Spießer. Obwohl das ich eigentlich wie. Oh, das schmeckt echt voll gut. Nicht. Doch, das schmeckt gut. Sehr gut. Also ich habe schon gerne so ein Wein, so klassisch zum einem guten Stück Fleisch. So richtig classy-mäßig, finde ich schon geil. Zur Käseplatte dazu. Hä? Zur Käseplatte dazu. Ja, und halt allgemein einfach zum Saufen. Nee, bin nicht so der Weinfan. Also, ich bin kein Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. So wie einst sagte Chiago in dem Song Friesenjunge. Ich muss sagen, ich finde den auch maximal nervig. Chiago? Ja, Ich kenne nur den Friesenjunge-Song von ihm. same. Aber finde ich maximal nervig. Es geht. Einer der schlimmen Sachen aus Deutschland. Deutschland hat nicht viel schlimme Dinge gemacht, aber das zählt dazu. Stellst du das auf die gleiche Ebene mit dem, wo ich jetzt denke, oder? Ich weiß nicht, wen ich mehr. Chiago ist Hitler! Oh, das wäre auch so eine Bildüberschrift. Chiago, gleiche Stufe wie Hitler. Das klingt eigentlich wie so eine Bildüberschrift oder so. Oder so komische Online-Zeitungen, die nur so richtig weirden Scheiß machen. Heilen Sie, oder so die Werbeanzeige, wo da habe ich so gesehen, so, Ärzte hassen diesen Trick. Ich frage mich, ob Ärzte wirklich irgendeinen Trick hassen. Meinst du, es gibt irgendeinen Trick, den so Ärzte vor dir verstecken? Ich glaube nicht eigentlich. Ich meine, Ärzte, ich glaube, die würden sich eigentlich freuen, wenn die so Leute nicht mehr wegen so belanglosen Bullshit zu dem kommen würden. Ich weiß es nicht, das ist halt immer so ein bisschen zwiegespalten. Da kann man halt in die Diskussion rein, von wegen, sollte das Gesundheitssystem gewinnorientiert sein? Nein. Nein, definitiv. Was hat es denn für ein gutes Argument dafür, dass es gewinnorientiert sein sollte? Geld! Money! Dann könnten wir es bessere Ausrüstung finanzieren. Also so bessere Geräte oder was. Das ist das Einzige, was ich mir irgendwie aus den Fingern saugen könnte, als Argument dafür. Ja. Ja, oder halt wie jedes Mal, wenn es darum geht, auf Profit, ja. Aber dann überleben die am besten sind. Nein, es überleben die besseren Investoren haben. Es überleben die ihre Mitarbeiter am effizientesten ausnutzen und am meisten Geld für ihre Investoren können abwerfen. Und nicht die es eigentlich am besten machen. Weil die es am besten machen, sind meistens die am meisten Geld Verlust machen. Weil ich meine, durch unser ganzes Krankenkassensystem ich bin auch ein bisschen zweigespalten, von wegen wir Krankenkassen bei uns in der Schweiz soll verstaatlichen. Weil sonst haben wir nachher genau den gleichen Scheiß wie im Deutschen, von wegen, dass nachher irgendwie so ein halbes Jahr auf irgendeinen
Termin musst warten beim Arzt. Das ist halt, und als Privatversicherter hast du dann instantly, ja, kommen Sie heute Morgen vorbei. Am besten gerade jetzt. Wir haben gerade Zeit. Ja, ist ziemlich Bullshit, aber ich finde, in der Schweiz ist es auch irgendwie schon teuer. Ja, klar ist es teuer. Und es Ich wird auch meine, immer teurer. Krankenkasse ist scheiße teuer. Ja. Es hat ja jetzt auch diese Volksabstimmung für so Krankenkasse, Krankenkasse, ja, Kostenbremse. Ja, ja, hoffentlich auch, Digga. Ich habe mal geguckt, wie das Parlament dazu steht. Upsi, die finden das alle nicht so gut. Ja, wirklich. Oh nein, wirklich. Ich meine, da bin ich halt schon ein bisschen, wenn es um Politik geht, bin ich halt schon mehr so ein bisschen die Boomer-Meinung von wegen, ja, die verdammten Arschlöcher sollten endlich mal fürs Volk einstehen und nicht immer die ganze Zeit ihre Säcke zu füllen. Aber es ist leider, also in der Schweiz ist es nicht so öffentlich, aber es passiert gleich, weil Lobbyismus ist Korruption. Die Deutschen sind einfach nicht so, ja, bei denen ist es so, ja, es wissen alle, dass VW hure für Lobbyisten im Bundesrat hat Ja, klar. und sobald dass du Minister bist oder ein bisschen höher im Bundesrat, stehst du mit einem Bein schon in einem Verwaltungsrat von VW und so. Also die machen das recht öffentlich, was in der Schweiz eigentlich nicht so, ja, ich meine, Viele Deutsche interessiert Politik null. ich bin immer halt ein bisschen zwiegespalten. Ich interessiere mich eigentlich grundsätzlich schon für Politik, aber ich reg mich einfach mega oft darüber auf, weil es einfach, klar, die Schweiz hat eine von der besten Demokratien von dieser Welt. Wir können am meisten mitbestimmen, aber es ist gleichzeitig auch so fucking langsam. Und so kostenintensiv. Und manchmal ist es einfach so traurig, dass so Leute wie zum Beispiel der Roger Köppel, einer von der SVP, einfach die Hälfte von der Sitzungen gar nicht anwesend ist. Und lieber das im Schundblatt der Weltwoche schreibt. Anstatt wirklich politischen Beitrag zu leisten. Und allgemein, dass es momentan auch in der Schweiz nur noch um wirklich polarisierende Politik handelt und nicht eigentlich um etwas Sinnvolles. Weil ich finde das demokratische Prinzip eigentlich mega gut, dass es halt sich Leute zusammenschliessen, die eine gleiche Meinung haben, die vertreten, aber dann zum im Diskurs stehen miteinander und nicht einfach so, ich will das nicht, weil du bist rechts. Und so kein Millimeter von ihrem Parteiprogramm entgegenkommen, weil sie sagen das so und sonst gar nicht. Oh, und das finde ich ist nicht der richtige Weg von der Demokratie. Wir sollen miteinander schnurren und zielorientiert arbeiten und nicht einfach so, ich will mein Parteiprogramm durchprügeln. Ja, aber es geht sehr viel inzwischen bei halt Modern Politics nicht mehr darum, einen Kompromiss zu finden, sondern um sozusagen wie zu gewinnen. Und das heißt halt, dich durchzusetzen. Und ja, ich habe das auch das Gefühl, dass sehr, sehr viele Leute mit Kompromissen halt einfach nicht mehr zufrieden sind. Weil, ja. Ich meine, es gibt ja so viele politische Meinungen dort draussen. Ich bin ja momentan im Zivildienst. Da bekomme ich manchmal die Gespräche mit. Also so richtig, ich bin im technischen Dienst. Und dort hast du halt Leute, die dort arbeiten, sind alle über 50. Und wenn du mit denen abends Mittag, ich meine, es gibt verschiedene 50-Jährige, die sich kulturell unterhalten oder so, aber das, was ich dort miterlebe, ist einfach so wirklich das klischeehafteste Boomer-Bullshit.
wo sie angefangen haben, über den Nemo zu diskutieren vom ESC. So, ja, die können schon machen, was sie wollen, aber also eigentlich stört es mich nicht. Aber und dann lässt irgendeinen Bullshit raus von wegen, ja, ich finde das gar nicht in Ordnung. Und dann denke ich mir dann einfach so, Digga, was juckt's dich? Wieso siehst du dich in der Position, zum zu sagen, das ist falsch und das ist richtig? Ohne wirklich sich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben und einfach zu motzen, über etwas zu motzen. Und zu 90%, wenn ich diesen Boomer zulasse, ist es noch mehr Motzen. Ich habe das Gefühl, viele brauchen einfach irgendwas, um sich darüber aufzuregen. Ja, das habe ich eben auch das Gefühl. Es ist so, die Leute sind so privileged, dass sie Probleme von mir gar nicht realisieren können. Häufig ist es nicht mal unbedingt das Privilege, sondern das Projizieren von Unzufriedenheit auf andere Probleme oder auf Menschen, die anders sind. Ja. Weil zum Beispiel, guck dir, wenn wir jetzt wieder zurückloopen zu dem Thema AfD, sehr viele AfD-Wähler sind eigentlich aus der Schicht, die am wenigsten von der AfD profitieren würden, nämlich der Unterschicht. Sehr viele haben auch wirklich auch Migrationshintergrund. Ja. Also ich kenne, die einzigen AfD-Wähler, die ich kenne, sind eigentlich so eingewanderte Ukrainer oder Russen. Und die regen sich halt auch so auf, so ja, jetzt kommen halt neue Einwanderer, die es jetzt schlecht machen. Aus einer anderen Kultur. Also für die ist halt so russische Einwanderer, ja, die benehmen sich ja. Aber Leute aus dem arabischen Raum halt in denen ihren Augen nicht. Aber die sind auch alle eigentlich sehr, sehr unzufrieden mit der politischen Lage in Deutschland, mit ihrer, mit eigentlich allem. Also sie haben ein unzufriedenes Leben und das projizieren sie teilweise dann halt auf alles außenrum und es spiegelt einfach sozusagen wie die Unzufriedenheit in Deutschland wider, wie stark die AfD an Macht gewinnt. Es ist ja auch das Problem daran, dass viele halt Zusammenhänge nicht mehr alles im grossen Ganzen sehen, dass es mehrere Einflüsse für ein Problem kann haben, weil die AfD ist ja, sie stellt, das ist eigentlich wirklich Faschismus, sie setzt einfach so, Deutschland hat das und das Problem und die Schuld sind die Migranten. Einfaches, schwieriges Problem, einfache Lösung, Ausländer raus. Oder halt strengere Migrationspolitik etc. Obwohl, was die meisten gar nicht verstehen, hey, sorry guys, ihr wisst schon, dass die Geburtenrate je länger, je mehr runtergeht und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann sieht es mit Pension kacke aus, sieht ja jetzt schon kacke aus. Und vor allem, wer macht denn, weißt du, gleichzeitig motzen über die Ausländer, aber gleich macht dann alle Drecksjobs nachher Ausländer, weil die in das Land hineinkommen, kaum Deutschunterricht bekommen oder sich nicht. Es hängt so viel zusammen und ich verstehe die Leute, dass sie frustriert sind mit der wie mit der Migration umgegangen wird. Aber das Problem ist nicht die Migration an und für sich. Die Lösung ist nicht, sie einfach auszuschaffen. Nein, wir sollten sie wirklich auch dazu anregen, sich zu integrieren. Weil ich meine, wenn du aus einem fremden Land, aus einer fremden Kultur, sei es jetzt aus wirtschaftlichen oder aus politischen Gründen flüchtest, weil du halt bedroht bist, du kommst in ein Land und jeder schaut dich komisch an, weil du eine andere Hautfarbe hast und anders aussiehst und du verstehst ihn nicht und die Sprache ist so etwas verfickt nochmal Wichtiges für den sprachlichen Diskurs und für allgemein. Ich meine, Sprache ist etwas vom Essentiellsten, was du hast als soziale Interaktion. Und wenn dich jemand nicht versteht,
dann wirst du schnell mal pisst von wegen, was machst du in dem Land? Kannst nicht mal meine Sprache. Dabei kommen die da ins Land, werden zuerst mal irgendwie so 2 Monate in das Asylantenheim gesteckt, wo literally 20 Leute in einem kleinen Zimmer wohnen, zu Zuständen, wo du dir selber nicht würdest eingehen und dürfen nichts machen, bekommen mega wenig Geld und es ist alles halt mega schleppend. Deutschunterricht bekommen sie schon, aber halt das Gröbste. Also ja, ich weiß Viele nicht. auch einfach nicht wirklich. Nein. Und der Aber es wundert gibt sich. halt aber auch immer die Leute, die sich auch nicht bemühen darum. Ja, das gibt's, aber das ist überall. Also das Problem ist einfach, dass man dann wegen einem Stoffsäckel alles projiziert auf alle anderen. Das ist halt, weil die Leute wie eine Art das nicht können verarbeiten können, dass es mehrere Gründe kann, wieso das jemand kriminell wird oder jemand eine Bank überfällt oder sonst irgendetwas kriminell wird. Meistens ist es einfach so, ja, der Ausländer ist böse, weil er aus einer anderen Kultur hier kommt und er will nicht arbeiten, deswegen geht er eine Bank ausrauben. Aber wenn du nach in dieser Geschichte nachgehst, vielfach sind die Leute einfach so extrem verzweifelt, geraten dadurch, dass von unserer Gesellschaft ausgestoßen werden, weil es halt eine andere Hautfarbe hat, bildet sich dann eine Art wie Ghettos und die bekommen, ich meine, es hängt alles so viel zusammen. Ich meine, ich habe einen Kollegen, der Abdul, der ist adoptiert worden, ich glaube von Afrika her, ist halt schwarz und hat den Namen Abdul Haji irgendetwas. Der hat aber grössere Bünzli wie ich. Also wirklich grössere Bünzli wie ich. Mega flotter Sieg, schafft mega gut, hat sich hure oft an verschiedene Stellen beworben und nur Absagen kassiert. Er hat, glaube ich, an 2 Bewerbungsgespräche gekommen. Das Problem ist, sein Name, Abdul Haji. Wenn einer das sieht, denkt er sich so, oh, nein. Und der bekommt dann keinen Job, wird arbeitslos, geht in eine Abwärtsspirale, findet nachher auf dem Weg nach oben andere, die es genau gleich gehen, die vereinigen sich so und so entstehen Gangs. Und so entsteht eine höhere Kriminalitätsrate und der ganze Teufelskreis fängt von vorne an. Also das ist meine Theorie dazu. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Statistiken dazu gesehen. Es ist einfach meine Theorie über das ganze Zeug. Ja, ist ja auch eigentlich schon der logische Weg, sage ich mal. Natürlich gibt es auch noch viel mehr Faktoren, die damit einspielen und Ja. andere Backgrounds, zum Beispiel das häufigste, wie man in so, sage ich mal, einen kriminellen Background reinkommt, ist reingeboren zu werden. Also niemand, oder der seltenste Fall ist es, dass man aus einer guten Familie kommt und außer es ist halt natürlich sowas wie Steuerhinterziehung oder so. Aber gehen wir jetzt mal von so Gewaltstraftaten, Drogenkriminalität, sowas aus. Menschenhandel Ja, und das ganze Zeug. Da wirst du meistens sozusagen wie in eine schlechte Gegend geboren Then you're fucked. und du bist halt auch als Kind so impressionable, dass du einfach, du würdest dann sozusagen wie den einzigen, dem es da in deinem Viertel gut geht, ist halt derjenige, der halt irgendwie Drogendealer ist oder so. Ja. Und dann siehst du den, der hat eine geile Karre, der hat alle neuesten Spielkonsolen und so. Und als Kind beeindruckt dich so ein Scheiß halt. Und dann denkst du dir so, ja, Digga, so ein Leben will ich auch. Ja, und wie gesagt, es gibt so viele Faktoren, wo es ist keine einfache, es gibt keine einfache Antwort auf das. Von wegen, deshalb bekommt immer so, ja, je mehr Ausländer das wir haben, desto höher ist die Kriminalitätsrate. Aber es hängt auch damit zusammen, wie die SVP mit solchen Leuten umgeht. Welches Ding ist, das sie pusht. Von wegen, wir müssen unsere Kultur behalten. Kulturen dürfen sich nicht vermischen. Und ich denke mir dann amigs immer so, also schau, Es ist aber auch momentan ein extrem
dünnes Eis, weil Kulturen vermischen das finden so radikal linke Scheiße, aber bei radikal rechte auch. Weil wenn du ziemlich radikal links gehst, ich kenne halt for real Leute, in Leipzig ist es teilweise so, da hat es Leute, die die Meinung vertreten, wenn du jemanden heiraten würdest, der aus einer anderen Kultur kommt und zum Beispiel einen anderen Nachnamen hat. Zum Ja. Beispiel du heiratest jetzt jemanden aus Südafrika und der heißt Da Silva mit Nachnamen. Und dann würdest du Luzi Da Silva heißen und dann würden die sagen, ja okay, du bist kein Das ist Südamerikaner, kulturelle das ist kulturelle Aneignung. Du hast diesen Background nicht und du weißt nicht, wie das ist, aber das ist das dümmste Argument ever, weil wenn du diese Person heiratest, dann natürlich kannst du den Nachnamen von denen annehmen. Ja, es ist eben, ich weiß es gibt das Hufeisen-Prinzip. Was zum Teil auf einer gewissen Ebene stimmt es halt schon, dass du je weiter raus im Spektrum dass du kommst, desto intoleranter wirst du. Ja. Aber halt die Rechten sind halt mehr so auf Ausländer fixiert, die wollen halt Asylheim anzünden und die Linken sind halt mehr so, ja, wir fackeln halt die scheiß SUVs ab. Bis zu einem gewissen Teil natürlich, bis es so extrem geht, dass wieder irgendwie die Grenzen von links und rechts verwischen. Ja, also wo du dann so linksradikal wirst, dass du eigentlich schon wieder ein Faschist bist. Ja, einfach gegenüber von der weißen Rasse. Da bist du full circle gegangen. Ja, never go full retard. Das war wirklich full retard, als ich das gehört habe. So, ja, das wäre ja kulturelle Aneignung. Weißt du, eigentlich, okay, das klingt jetzt schon so ein bisschen kommunistisch oder so, aber weißt du, so in weißt, in Landesgrenzen oder weißt du, ich habe es auch mit einer davon gehabt, auch wir Menschen suchen uns immer wieder Schubladen, wo wir andere reinstecken können. Aber eigentlich bräuchten wir die verfickten Schubladen gar nicht. Weil so gönnt dir Sachen. Ich meine, klar, jeder Mensch hat Vorurteile, weil das hängt alles zusammen, wie er aufgewachsen ist, mit was für Vorurteilen er konfrontiert worden ist. Ja, aber auch halt daran, wie Menschen sozusagen wie systematisch angefangen haben zu denken, durch halt Mustererkennung und du erkennst halt dasselbe Muster an gewissen Menschen und Menschengruppen und natürlich fängst du dann unterbewusst an, die in Kategorien und Schubladen zu stecken. Also das ist einfach nur, so funktioniert unser heutzutage intelligentes Denken, also auf Muster wiedererkennen und zum Beispiel zu wissen, wie man diese verarbeitet. Es ist schon so. Es ist viele Probleme von gewissen Menschen, vor allem von der Boomer-Generation. Ja, ich sollte eigentlich jedes Mal einen Shot trinken, wenn ich das Wort Boomer sage. Aber Du bist so vieles... einer Leberzirrhose. Ja. Am Ende des Streams. Der wäre ein richtiger Boomer. Nein, Spaß. Was ich vielfach bei den Boomer gesehen habe, ist so auch die Aggressivität, die kommt, ist meistens wegen Unsicherheit, von wegen, weil sich Sachen verändern, weil es nicht mehr gleich ist wie damals, wo sie aufgewachsen sind, dass sie halt mit Veränderungen, dass sie wie an einem gewissen Punkt abgehängt worden sind, nicht mehr hinterher kommen und sie sind halt hässig, dass sich halt das Zeugs verändert. Und ich meine, je weiter das unsere Technologie ist, desto weiter gehen eigentlich unsere Sparten auseinander von den Generationen her. Ich meine, Babyboomer kannst du den grössten Teil einen recht grossen Teil halt einteilen über halt die klischeehaften Boomer, die so das Gleiche erlebt haben, die so in der gleichen Zeit aufgewachsen sind, also so mittelschichtmäßig und da gibt es so in unserer Generation, also ein Jahr macht mega Unterschied von kulturellen Sachen. Ein Jahr finde ich nicht, nein. Ich finde, so ein Jahr Unterschied macht jetzt nicht krass viel, aber ich finde schon so, es kommt halt auch aufs Alter an, weil zum Beispiel, wenn du so
60 bist und dann jemanden triffst, der 59 ist, dann macht das jetzt so keinen großen Unterschied. Aber Ja, wenn du jetzt dort nicht. 18 bist und triffst einen 17-Jährigen, dann macht das schon einen Unterschied. Eben, ich meine, weißt du, von wegen, dass wer ab einem gewissen Alter, früher, wo sich halt nicht so viel so schnell verändert hat, wie zum Beispiel Technologien oder das Internet oder Globalisierung. Ich finde einfach, es ist es ist dann sozusagen wie ein kleiner Prozent deiner ganzen Lebenserfahrung. Zum Beispiel ein Jahr von 60 Jahren ist viel weniger als ein Jahr von 18 Jahren. Also es ist beides ein Jahr, aber im Vergleich Ja. sozusagen deiner maximalen Lebenserfahrung ist das, dann hat dieses eine Jahr ist ein größerer Anteil. Okay, ja, macht eigentlich noch Sinn. By the way, wir haben durchgehend irgendwie so 5 bis 7 Zuschauer und alle sind so mega still im Chat. Also die sind wahrscheinlich alle entweder am Schlafen oder am Masturbieren oder... Schreibt doch auch mal etwas im Chat. Stellt uns Fragen. Oder lernt doch einfach mal so ein Eis da oder so. Gibt Luzi gerne irgendwas, was er bewerten soll? Ja, schickt mir Sachen, die ich soll bewerten soll. Einfach in den Chat reinhauen. Somebody just left. No. Er hat mich gerade verwünscht beim Wichsen. Ist auch sehr viel Druck. Weil ich meine, wir sprechen halt dann so genau so eine Person an. So, sag doch auch mal was. Einer hat sich gerade angesprochen gefühlt, muss ich gerade mitgefühlt Das war so, oh, bevor die mich jetzt so beim Namen outcallen, gehe ich lieber. Ja. Aber nein, ist Engstirnigkeit ist so nicht über den Tellerrand können ausschauen ist für mich manchmal einfach mega unbegreiflich. Vielleicht, es gibt halt schon Leute, die nicht so über ihr Leben nachdenken oder über die Sachen, die halt ihnen recht zielstrebig durch ihr Leben säckeln oder laufen, wo halt, ja, wie soll ich sagen, was sich mit dem, was um sich herum passiert, nicht gross interessiert. Ja, also ich kann es zu einem gewissen Maße halt auch nachvollziehen, warum das so ist. Das schon. Weil es passiert so viel momentan überall in der Welt Extrem. und man kann nicht sich auch sozusagen wie für alle Probleme gleich engagieren, weil es sind einfach zu viele Probleme, die man angehen müsste und da muss man dann halt ein bisschen, sag ich mal, selektiv sein. Ist schon so. Ich meine, ich schaue seit eigentlich Corona-Zeiten oder so, schaue ich eigentlich fast keine Nachrichten mehr. Weil es einfach... Das ist alles Lügenpresse. Also, ja, Lügenpresse. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Der hat so einen Penis. Nein, vor allem, das ist eben auch das Problem, negative Sachen bleiben viel länger in dem Gedächtnis und sind halt viel polarisierender als Positive News. Und es ist einfach so, wo das ganze Zeug mit Corona angefangen hat, ist es einfach so, hat immer nur Corona, so viele Infektionen, so viel Sterben, so viel bla 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 und du denkst dir einfach so ja, ist okay. Ich meine, es passiert, wir sind jetzt in einer Pandemie, es ist kacke, es ist alles kacke, aber ich muss nicht jeden Tag wissen, wie viele Leute das erkrankt worden sind und so. Und vor allem habe ich auch aufgehört, kaum reden wir über Corona, hat schon wieder einer geliefert. Ja, wir reden, glaube ich, die ganze Zeit nur über Themen, die ein bisschen schwieriger sind. Ja, stimmt. Wo auch die Meinungen eventuell gespalten sind. Auch bei AfD, als das angefangen hat, habe ich gesehen, dass so ein paar abgesprungen sind. Ja, das ist gut, aber solche Leute will ich auch nicht. Also ohne Scheiß, wenn ihr AfD oder so cool findet, bitte deabonniert meinen Channel. nicht, will ich eure Meinung nicht akzeptieren, aber ohne Scheiß. Ich kann es zum Teil schon verstehen, wieso dass man die AfD wählt, aber come on, man.
Die ganze Propaganda, ihr schreit die Lügenpresse, aber die AfD lügt doch genau gleich an. Von dem her zu ihrem eigenen Vorteil, da kannst du auch nur sagen, so, ja, ist selber die Schuld. He. So, mal schauen, wie viel. Nein, ist mir bis jetzt noch niemand empfohlen, das ist gut. Ja, aber mal vielleicht mal über ein bisschen weniger schwere Themen. Ja. Hast du irgendein leichtes Thema? Leides Thema. Ich könnte eine Tierlist von Eistee machen. Eistee. Zitrone ist goated. Pfirsich ist mid. Ich meine eher von Marken. Also, ich dachte von Geschmäckern. Also ja, das auch. Wassermelone ist bad. Ja, Artificial Wassermelonengeschmack ist für mich immer so. Was für andere Eistee-Geschmäcker gibt's noch? So Minze, Zitrone ist eigentlich gut. Ginger. Ginger ist auch gut. Definitiv. Very good. Mango. Mango ist goated. Ja, ist schon geil. Mango ist allgemein goated, also als Frucht, als Saft, als alles. Mango ist so einer der most goated Früchte von allen. Ich bin halt mehr so der Äpfelmensch. Ja, kriegst ja auch dann irgendwie Apfelsaft mit Mangosaft gestreckt. Als würdest du puren Apfelsaft bekommen. Come on. Ja. Migros-Eistee, was für eine Stelle landet der bei dir? Boah, dieser komische, super günstige in diesen bunten Flaschen. So Plastikflaschen, so größer. Orangige. Ha? Migros-Eistee. So. Ja, Genau ja. der. Ja. Ja, der ist richtig goated. Das ist Kindheit. Der ist goated. Der ist. Oh. Die haben auch so einen grünen Tee davon, der ist goated. Migros-Eistee ist einfach Hammer. Muss ich ehrlich sagen. Migros-Eistee ist einfach best. Rauch-Eistee finde ich auch noch geil. Boah, Hä? ich habe den, glaube ich glaube, das war der, den ich einmal so in so einem Mediamarkt gekauft habe. Und es war der widerlichste Eistee, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Und ich habe früher so Krümel-Eistee getrunken. Okay. Alter, einfach nur widerlich. Wer das trinkt, ist kein Mensch mehr. Okay, ich bezeichne mich auch nicht mehr als Mensch. Ich bin ein Gott. Der ist auf jeden Fall in bad. Okay. Was gibt es sonst noch so für Eistee? Es hat noch Lipton. Lipton hat so einen mit Kohlensäure. So. Eistee mit Kohlensäure ist. Am Anfang denkt man so, aber nach so ein paar Mal denkt man sich schon so, erfrischend. Aber vielleicht spricht auch nur der Deutsche aus mir, der so aus allem eine Schorle machen will. Ja, definitiv. Ja, Eistee her. Club Mate ist eigentlich auch ein Eistee. Boah. Ist ein Stretch, aber es gibt den auch so mit so Granatapfel oder so Lemongrass und Ginger und so. Ja, ich würde sagen, so ist so ein. Wieso erweitern wir es nicht einfach auf allgemein Getränk? Okay, können wir machen. Also, Mate finde ich ist, wenn es so. Es gibt ja jetzt so solche komischen Mate-Freaks, die so. Das ist echter Mate. Mit so Pulverscheiß, was so ganz komisch. Noch nie getrunken, aber es sieht aus wie so geschnittener Rasen. ja, definitiv. Ja, das ist eher nicht so mies. Aber bei mir, der Einstieg in Mate habe ich wirklich gehabt, klassisch mit der Club Mate. Club Mate ist richtig bad. Sie schmeckt am Anfang wie fucking nochmal Tabak, aber ich finde es geil. Ja, aber du bist auch starker Raucher. Fair. Ja, Ist bad. ich Für finde den normalen Konsumenten ist bad. Halt auch Leute, die Mate mögen, für viele ist es auch bad. Club Mate, bad. okay. Für mich ist es one of the greatest. Es hat so Lama-Mate. Das ist ganz
Habe ich glaube ich auch schon mal gehört. Mio Mate? Das ist Mio? So Mio Mate, ja. Ich kenne, ich has noch, ich has die ganze Zeit beim Sturwaffel, man hat Kooperationen mit denen, aber ich habe es nie wirklich gesehen. Mio Mate? Ja, in der Läden. Aber Ich glaube, ist auch so ein deutsches Ding, glaube ich. ja. Also nein, ich gehe ja auch öfters in Deutsche Post, aber ich habe es bis jetzt nie gesehen. Ja, ist vielleicht so. Ich glaube, das ist auch. Ich weiß nicht, ob Mio Mate auch von Fritz Cola ist. Kann ich mir gut vorstellen. Die haben irgendwie so denselben Vibe für mich. Und Fritz Cola ist auch so ein norddeutsches Ding. Hast du schon mal El Toni gehabt? Was? El Toni? Ja, ich glaube schon. Die finde ich eigentlich noch recht geil. Ich glaube, als ich den getrunken habe, ich fand den echt scheiße. Okay. Ich hatte mal diesen. Migros hat auch Mate. Auch. Ja, Migros, der Der Migros ist- Mate Eistee. Der Der ist geil. Der ist gut. Aber der überwiegt mit dem Eistee-Geschmack. In dem Fall hast du Mate einfach nicht so gern. Maybe. Maybe mag ich nur so diese Mate-Mischgetränke. Dort hast du NRT geliebt. Hast du schon mal NRT gehabt? Nee. Aber grünes Red Bull ist goated. Red Bull Kaktusfrucht ist besser als jedes andere Red Bull. Ja, okay, ehrlich gesagt, es gibt halt so die Ultras, wie zum Beispiel die Naomi, wo Red Bull halt das Normale schon hure geil findet. Und bei mir ist so, Ich fand ja, das normale auch gut. Aber sobald du einmal das Grüne tryst, gehst du nie wieder back. es ist schon gut. Once you go black, you never go back. Ja, es ist eigentlich schon schön. Aber, ja. Nee, nur Basic Red Bull. Pff, Basic Bitch. Richtig basic an. So. Ja, einfach Basic. Normales Red Bull würde ich mit sagen. Und grünes Red Bull ist goated. Ja, Nicht die ja. Summer Edition, by the way. Dragon Fruit, dunkelgrün. Okay. Ähm, Spezi. Spezi ist auch schon goated eigentlich. Obwohl Welches? ich Notches down von goated zu good, weil es auch schon so ein bisschen so ein Hurensohn-Getränk geworden ist in Deutschland. Welches? Es gibt Spezi. ja zwei. Ja, Paulaner Spezi. Ja, okay. Das ist so unangenehme Menschen trinken das manchmal. Deswegen kann ich da nicht sagen, dass es so komplett goated ist, weil ich das diesen Menschen nicht gönne. Fair. Cola, Was für dich? Da Original? McDonald's Cola. Nicht so mies. Ich würde sagen, McDonald's Cola ist schon gut. So im Vergleich zu anderen Nicht. Colas ist es schon. Ja, noch mit 10 out of 10. Ja, siehst du, McDonald's Cola hat auch diesen Ruf, weißt du? Ja. Es ist sogar besser als Cola aus der Bottle. Das gleiche kann man aber nicht über McDonald's Sprite sagen eigentlich. Weil das ist straight up Battery Acid. Ja, Spielwasser. Ja, das ist just bad. Ab und zu muss ich es mir einfach gönnen. Ich mache das auch ab und zu mal, aber einfach nur irgendwie so morbid curiosity. Deswegen bad. Das ist wie ab und zu ein Elektrozun lang, ob es immer noch wehtut. Boah, nee, sowas mache ich nicht. So Elektrozeugs mag ich gar nicht. Ich auch nicht, das ist so. Das Kribbeln ist so unangenehm. Die Muskelzuckung ist irgendwie eklig. Ja, ist schon recht eklig, Muskelzuckungen. Ja. Gell? Bah, wenn du Epilepsie hast, bah! Boah, das muss so ein unangenehmes Gefühl sein. Das ist sehr, sehr untertrieben unangenehm. Ja, schon ein bisschen unangenehm. Ja. Getränk Bier? Boah. Bier ist eigentlich so bad. Also so, wenn man darüber nachdenkt. Also deutsches Bier, ja. Also so Weißbier, oder nein, Weizenbier,
So bayerisches Bier bekomme ich die gröbsten Huren Fürze davon. Okay. Nicht geil. Aber ich meine, so ein Feldschlössli oder so ein Volkbier oder auch ein Farmer. Ein gutes altes Farmer aus der Lande. Grundsolid. Löscht den Durst, macht besoffen. Was mit ostdeutschem Bier? Sternburg. Spaten. Sternburg, ist das nicht da, wo du die Plastikflaschen nicht bekommst? Oder ist das Nee. was anderes? Plastikflaschen mit Bier? In Deutschland doch nicht. Doch, Nein. doch. Nein. Doch. Niemals. Doch. Das akzeptiere ich nicht. Die Welches Verschwörung. sollte Plastikflaschen haben? Ich kenne for keins, was eine Plastikflasche hat. Kornbacher? Nein. Oder immer wenn ich in Lidl in Deutschland gehe, sehe ich immer ab und zu. Oh, Perlenbacher. Ja, Ja, aber Perlenbacher hat eigentlich mehr in Dosen inzwischen. okay. Ich glaube, die hab's hatten nur so gesehen. ganz kurzen Plastik-Trip. Nein, ich habe sie letztens wieder gesehen. Ja, okay, vielleicht Perlenbacher auf einem anderen Level, aber wen interessiert Perlenbacher? Ja, und so Pale Ales oder. So Craft-Bier-Scheiße. Ja. Da bin ich nie so dahinter gekommen. Das erinnert mich zu sehr auch an solche Kaffee-Nerds, die so Ja, ja. 1000 different Blends und Roasts haben wollen und so. Oh, der hat sich schon einer offended gefühlt. Don't talk about my craft beer. Ja. Als ich Perlenbacher in Bad gepackt habe, hat er sich persönlich angegriffen gefühlt. Wahrscheinlich. Mit seinem Perlenbacher in der Hand vorm PC so. Damn it. Am besten noch so vom Fliesentisch mit dem Laptop. Ich sag nichts über meinen Perlenbacher. Offended. Ja. Paderborner ist goated auf jeden Fall, aber Ich finde Astra noch ziemlich nice. Astra ist gut. Aber viele mögen Astra nicht. Norddeutschen wird immer abgesprochen, dass sie so kein Bier machen können und so. Aber Astra ist gut. Weird. Aber Flensburger und so, nee. Da gebe ich dann denen dann doch recht. Becks. Ist Becks aus Norden? Becks ist aus Bremen, glaube ich. Also auch ich schon weiß eher nicht, wo norddeutsch. Bremen liegt, sorry. Auch so halbwegs norddeutsch. Ja, eben. Und Becks ist hart scheiße. Ja, ja, vor allem mit Becks gebe ich immer Verbindung Wacken. Becks Eis ist aber gut. Also die haben sich schon wieder ein bisschen redeemed auch. Becks Eis hat so einen anderen Stellenwert. Weißt du, so wie Mixery. Du kannst so viel lästern über Mixery, wie du willst, aber Mixery war halt früher so ein Ding und das kann man nicht wieder gut machen. Was ist Becks Eis? Was Becks Eis ist Mhm. so ganz komisches Zitronenzeug. Ah, okay. Weißt du, was Smirnoff Eis ist? Smirnoff. Ja, Smirnoff Eis. Das ist eigentlich auch noch nice. Das ist so ein bisschen so ähnlich. Ah, okay. Nur, dass da halt Becks drin ist. Becks. Richtig grusig, du. Karlsberger? Nein, doch Karlsberg. Boah, ich würde auch einfach Bad sagen. Ja, fällt in die gleiche Kategorie wie Heineken. Ja, Heineken finde ich auch ein bisschen bad, aber ist auch holländische Plörre. Was hat sonst noch? Ja, Mixery ist goated. Desperados ist good. Ja. Corona ist auf jeden Fall goated seit dem Incident. Welle. Welchen Corona-Incident ich meine? Ah. What else? Ja. Ich glaube, wir müssen wieder über andere Themen reden. Wir können darüber reden, dass die Schweiz so richtig komische Parallelen zu Amerika hat. Ja. Erzähl, was. Also, ja, das, was du erzählt hast, dann. Also zum Beispiel, dass hier so die Gun-Laws so richtig relaxed sind. Ich habe gesehen, in Aargau brauchst du nur einen Antrag sozusagen wie so ein Antrag-Paper stellen
um eine chinesische AK-47 zu ownen. At home. Was? Ist nicht vollautomatisch, deswegen ist in Ordnung. Ah, Ist semi-automatische AK-47 aus China. Kostet 500 Franken. holy shit. Brauchst du eigentlich nur einen Waffenerwerbsschein? Du brauchst halt den Waffenerwerbsschein und weil es ein semi-automatisches Gewehr ist, musst du dann deiner Gemeinde den Antrag stellen, ob du das haben darfst. Und musst den dann halt Modell und alles Mögliche darüber als Angaben angeben. Und dann melden die sich zurück, ob das okay ist oder nicht. Und Okay. sagen so, ja, kauf dir ruhig deine AK-47. Ja, interessiert mich ein Scheiß, Junge. Es gibt in Spreitenbach so eine richtig amerikanische Gun Range. Da kannst du ja, glaubst mit Shotguns schießen. Da kannst du mit alles schießen. Das ist so wie so eine amerikanische Gun Range. Da kannst du wirklich auch einfach vorbei. Dann bezahlst du irgendwie so 20 Franken die Stunde. Du kannst eine eigene Waffe mitbringen oder du kannst dir da Waffen ausleihen. Kannst da Munition kaufen. Und dann kannst du schießen. Richtig komisch. Es hat so Car und Gun Meets. Sehr komisch. Sehr verstörend. What else? Burger King hat so extrem riesige Getränkebecher. So fucking Liter. In so einem Cup, der einfach so riesig ist. In der Schweiz? Ja, Noch nie gesehen. doch. Habe ich mir letztens beim Burger King so King-Menü. Und dann kriegst du so ein Getränk eines Königs würdig. Kriegst du dazu. Das ist riesig. Okay. Da kam ich mir dann auch so vor mit so einem riesen Cup, wie als wäre ich jetzt so in Amerika Fastfood essen gewesen. Es hat manchmal so ganz komische amerikanische Fastfood-Marken. Es hat ein Popeyes. Oh, da bin ich auch mal gewesen, Spreitenbach. Ja, Oh, dort, ohne Scheiß, das Zeug schmeckt einfach nach nichts. ich finde, das schmeckt eigentlich ziemlich geil. Oder vielleicht habe ich einfach scheiß Phase verwünscht, keine Ahnung. Also Popeyes, ja. Es fahren viel mehr Leute so Pickup-Trucks oder so riesige Chevy Suburbans und sowas. Es gibt so sau viele so USK-Shops und so. Es gibt sehr viele Schweizer, die extrem begeistert sind von den USA. Ja, ist das so. Und das merkt man auch manchmal irgendwie so. Ja, viele sind so, oh, das Land der unbegrenzten Freiheit. Trucks and Guns. Ja. Alter, was für ein fucking Car Meet das muss sein. Ey. Aber das wird bestimmt crazy. Also ist das denn das in der Halle drin, oder? Ich glaube nicht. Ja, aber du darfst die Waffe nicht öffentlich tragen. In Spreitenbach habe ich auch schon mal jemanden gesehen, der mit so einem zusammengeklappten Sturmgewehr um den Hals zur Shooting Range gelaufen ist. Der kam so einfach aus der Bahn raus. mit so Flipflops und Shorts an. Okay, what the fuck? Okay, das ist schon recht weird. Aber was ich halt komisch finde, ich meine, die Schweiz hat jetzt auch nicht so strenge Waffenverordnungen. Aber im Gegensatz zu den USA ist die gleich ein bisschen strenger. Ja, aber im Vergleich zum Rest von Europa, wo es so basically unmöglich ist, irgendwie was anderes zu bekommen als ein Jagdgewehr oder so. Und trotzdem haben wir kein Problem mit wirklichen Schüssereien. Also gross. Ja, es ist halt nur so die gelegentlichen jungen Menschen, die sich selbst umbringen damit. Ja. Hat es auch letztens diesen Soldaten im Aargau gehabt. Da haben die jetzt auch gesagt, dass es wahrscheinlich ein Selbstmord war. Ja, das habe ich gehört. Das ist tragisch. Das ist echt tragisch. Deswegen, Schweiz ist so Wild West of Europe. aber so ein bisschen weirder Wild West. Gleich recht privileged, Tja, aber gleich recht. deswegen, es gibt mir so ganz verwirrende Vibes. Es hat so
komisch gemischte Menschen, wo du dir so denkst, so, ja, okay, die einen sind so krass konservativ, sind so komisch America liebend, haben so ihre Guns und ihren fetten Pickup-Truck. Und dann hat so Leute, die fahren so ein Einsitzer Elektro-Twizy, die so extrem progressive sind und so. Das ist so eine komische Mischung. Es ist halt, vor allem, weil die Schweiz sehr, sehr, sehr ländliche Gegenden hat. Zum Beispiel das Bündnerland zum Beispiel. Wenn du ein bisschen weiter in die Berge raufgehst, dort ist halt hure konservativ, weil es ist das Bündnerland und die hure Dörfer dort oben, die haben wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben eine andere Hautfarbe gesehen wie weiß. Und das ist halt das Gegenstück, wie zum Beispiel Zürich, wo halt eine recht weltoffene Stadt ist, sehr, halt sehr linksorientiert, recht progressiv. Und da prallen eigentlich so zwei Welten aufeinander. Ja, schon. Und vor allem auf so kleinem Raum, wie die Schweiz auch ist. Ja, es ist... Ja, ich finde es eigentlich echt sehr faszinierend, die Schweiz an und für sich. Naja, eigentlich schon. Also es ist dann halt nur, so ich habe es ein bisschen Deutschland ähnlicher erwartet. Aber das ist wahrscheinlich so der Blick, den man von außen hat. Ja, Besonders wenn man halt so in den deutschsprachigen Teil der Schweiz kommt. Und es hat halt auch extrem viele so Ähnlichkeiten, aber auch diese Verschiedenheiten sind dann halt einfach so extrem. Also sowas wie mit den Gun Ranges und sowas, dass so einfach Leute so Waffen sammeln und so ein Scheiß. Das ist einfach crazy. Das hätte ich mir niemals vorstellen können. ja, und es ist auch, was kulturell, vor allem internetkulturelle Unterschied ist Ja, so, da kommen aber auch immer Sachen rüber nach Deutschland, aber eigentlich immer nur so, wo die Schweiz dann so entweder so ein bisschen Redneck-mäßig ist, entweder extrem reich oder so ein bisschen äh, das Schweizerdeutsch so belächelt wird. ja, ist schon so. Also sagen wir es so, als Außenstehender tut Schweizerdeutsch halt mit den verschiedenen Lie-Enden und ja, ein Küchenkästchen. Also Deutsche tun so, wie als würden sie das gar nicht verstehen. Also als Auslandschweizer, der in Deutschland aufgewachsen ist, jedes Mal, wenn irgendwie irgendwo, es hat halt so TV-Reportagen oder sowas, die man sich in der Schule anguckt oder so, wo es Ja. dann mal eine Schweizer Person hat, die am Reden ist. Und da hieß es dann immer direkt so, alle so drehen sich so um zu mir und dann so, übersetz mal, kannst du das übersetzen? Ich verstehe das nicht. Also, Digga, nein, ihr könnt das verstehen, ihr wollt es nur nicht. Ja, weil ich meine, es ist ja immer noch eine alemannische Sprache und also Es ja, ist halt immer noch Deutsch. Es ist zwar wirklich teilweise schon anders, aber ich würde jetzt nie. also ich glaube, es ist einfacher zum Verstehen als Holländisch. Holländisch ist aber auch gar nicht so. Also du musst schon ein bisschen mehr auch Wissen dann über so Englisch haben, weil Holländisch ist basically einfach nur Deutsch, Englisch und Französisch gemischt. Ja, Also ich kann teilweise Holländisch so ein bisschen lesen und verstehen. Aber ich bin auch direkt daneben aufgewachsen, also. ja, fair. Und sehr lustige Wörter für so. Roken ist döderig. Heißt, döderig ist tödlich. Aber wie gesagt, vor allem internetkulturell geht's da, ist die Schweiz eigentlich schon immer recht deutschorientiert gewesen. Deutsch und Englisch. Aber bei uns gibt es halt so Urgesteine von den Memes, wo auch in die Deutschen übergeschwappt ist, wie der oh. Das war
Bane of my existence, ganz ehrlich. Ich hasse dieses Meme so sehr. Spritzt er auf die Titel. Ich hasse das so sehr. Ja, Das war immer so, wenn du dann so die Leute um dich herum in der Schule und so, die wissen so, du bist Schweizer und dann kommt dieses Meme rüber und dann mocken dich damit die Leute. Es war so annoying. Ja, und vor allem die ganze Geschichte dahinter ist ja, der Dude hat sich umgebracht und so, und das ist so schon nicht so geil, schon nicht so tragische Historie hinter Memes sind manchmal so, machen die Memes an und für sich schon ein bisschen kaputt. Ja, weiß Das tönt so, als hätte ich mehr Bang um Memes als um Menschen. ich. Mann, jetzt hat er mein Meme ruiniert. Ja, you destroyed it, you killed it. Aber nein, es ist jetzt halt vor allem mit dem Zeki, wo einerseits die Internetkultur ein bisschen vorangetrieben hat mit den Swiss-Memes, wo aber an einem gewissen Zeitpunkt sich nicht mehr weiterentwickelt hat und nur noch das Gleiche gemacht hat, dann angefangen hat, halt so Reddit-Stuff ins Schweizerdeutsche zu übersetzen und halt heutzutage eigentlich nur noch Boomer-Cringe ist und so Werbung macht für alles Mögliche, wie Knorr, wie Knorr? ja. Ja, Knorr. Swiss Life hat, glaube ich, auch mal Werbung gemacht und vor allem Smile, die Versicherung. Und da muss ich einfach sagen, so, hey, schau, ich kann verstehen, dass man ihn cool finden kann, aber für mich ist es so, klau keine Memes und klatsch dieses verfickte Logo drauf. Weil das ist nicht der Sinn von der Sache, Memes zu verschicken und Memes zu teilen. Weil Memes gehören eigentlich jedem. Memes sind kommunistisch. Ja, du, wo du gerade zuhörst, wo Memes konsumiert, du bist ein verdammter Kommunist. Du bist ein Kommunist. And somebody just left. Ja. Ich meine, deutsche Internetkultur ist einfach. Ich rezitiere Cold Mirror fast täglich. Das ist so. Ich habe die Sachen nie wirklich gesehen. Ich habe mich aber auch so von so YouTube Deutschland so sehr, sehr stark distanziert. Fair. Ich fand so deutsche Memes und sowas, die geben mir so einen kalten Schauer. Deutsche Musik gibt mir so einen kalten Schauer über den Rücken. Deutsche Filme bringen mich zum Aufstoßen. Und das Einzige, was ich mir so von Deutschland gucke, ist so diese weirden Sachen. Also sowas wie in Leipzig hast du so andauernd so Local Memes, weil du hast halt so viele so richtig, richtig weirde Crackies oder so, die so verrückten Scheiß machen. Oh Gott. Und die werden dann so Local Memes. Also sowas ist traurig, aber auch ganz funny. Okay. Aber sonst habe ich mich eigentlich so aus deutscher Meme, YouTube, sonst irgendwas Kultur komplett rausgehalten, weil ich es mir irgendwie nicht so geben konnte. Ja, es ist halt recht. YouTube Deutschland hat solid vorgebracht, wie halt der Upper Red oder Orange Morange. Sagt mir zum Beispiel gar nichts. Ja, muss ich nicht kennen. Ich kenne ihn auch nicht so oft, aber ich habe ein paar Sachen über ihn gelesen, wo ich muss sagen, so, ja. Und dann hast du halt auch so Leute wie zum Beispiel der Gronk, wo von Anfang an bis jetzt in der heutigen Zeit sich treu geblieben ist. Oder auch Cold Mirror. Oder auch, also ja, gewisse Sachen, die jetzt halt vorkommen mit Molesting-Vorwürfen und Grooming-Vorwürfen von Apple War Pictures. Das ist auch so ein Thema. Mit Groomen und so, mit diesen Machtspielen, mit diesen.
Ich muss sagen, das war damals in der Zeit, aber auch ganz, ganz komisch. Ich hatte auch so, als ich so 16 war oder so, dann so im Freundeskreis dann zum Beispiel auch irgendwie eine Freundin, die auch so einen 30-jährigen Freund hatte oder so. Okay. Also das war, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es so diese so Metal-Bubble war und so. Weil Kann ich habe das sein. Gefühl, dass da irgendwie sich so ein bisschen auch manchmal so, weil die Metal-Bubble war sehr, sehr tolerant. Also da Ja, konnte ja. literally jeder rein. Ja, ja. Und das heißt halt auch sozusagen, wie die Tür war geöffnet für Loser, Freaks und Pedos, basically. Ja. Und die haben da teilweise halt auch gethrived und haben sich dann halt so ein sades 16-jähriges Emo-Girl, was eigentlich nur harte Daddy-Issues hat, dran gemacht. Aber ja, das war damals, also ich fand es schon immer komisch, aber irgendwie hat auch nie wirklich jemand was dazu gesagt. Wir haben alle immer nur so, ja, okay, ja, ihre Entscheidung, ne? Ich meine, was hätten wir auch groß machen sollen? Ja. Und ich meine, nicht mal die Eltern haben was gemacht. Die wussten das und der saß dann auch irgendwie so morgens mit denen so am Frühstückstisch, so ein 30-jähriger, langhaariger Mann mit der 16-jährigen Tochter. Also, wenn man da dann nicht irgendwie so als Elternteil so Schwierig. eingreift, Schwierig. mega. Es ist halt allgemein mit dem ganzen Machtverhältnis gegenüber von jüngeren Menschen. Gibt es eigentlich überall. Ja. Also du, ich glaube, ich will mal die heutige Podcast-Folge beenden. Das okay ist für dich. Ja. Können wir gerne machen. Wie lange haben wir jetzt überhaupt geredet? Wann bist du gekommen? Ich bin 10:30 gekommen. Dann hatten wir noch die Pause gemacht. Ja, Ich glaube, wir haben schon so erst um 11 angefangen. ja. Und jetzt ist knapp 3. Ja. Produktiv. Was hast du damit dann eigentlich vor? Willst du es dann so zusammenschneiden oder? Keine Ahnung. Okay. Ich habe eh nicht gedacht, dass wir es auch pur auf YouTube könnten machen. Aha. Also jedes Mal so live oder was? Ja, Okay. fände ich eigentlich noch recht witzig. Ja. Also wir fangen da so grenzdebile Sachen zu sagen. Also wir haben jetzt irgendwie für so eine halbe Stunde Getränke geratet. Ja, es ist halt. Es ist nicht so ein klares. Ich meine, das ist am Anfang von jedem Podcast, dass noch wirklich kein Konzept dahinter ist. Meinst du? Wie war die erste Episode von so Joe Rogan Experience? Ja, okay, das ist etwas anderes. Das war von Anfang an recht ziemlich geplant gewesen. Also die meisten doch eher, oder? Es geht, es ist halt immer so das Einpegeln von gewissen Sachen. Wie lang das der Podcast wird. Ich meine jetzt zum Beispiel, sagt er methodisch inkorrekt etwas? Methodisch inkorrekt, nein. Das ist so ein Wissenschaftspodcast. Und am Anfang haben sie so 3 Stunden Folgen gehabt und es sind immer weniger geworden und dann haben sie eine klare Struktur drin bekommen. Und ja. Die habe ich gesehen am Sonntag vor 2 Wochen sind die auf Winterthur gekommen. So ein Live-Podcast. Aha. Okay. Also mehr so halt wissenschaftliche Experimente. Es hat sogar Tesla-Spulen dabei gehabt. Hm. Und die hat das alles aus dem Deutschen und in die Schweiz reinbekommen. Weißt du, wie Puff hat die gehabt und so. Ja. Ja, also gut, dann machen wir jetzt mal ein kleines Päuschen. Oder? Ah, bis später irgendwann. Ja, Sali, Elias, du, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir haben jetzt irgendwie so 3 Stunden durchgelabert. Und nach der Pause geht es dann weiter mit dem Business Shit Talk mit dem Jochen.
gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Deine Mutter hat mir gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo, und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was fehlt denn da? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo! Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine zu stehen. Du Luzi, bevor ich bin, mach ich einfach irgendetwas. Was ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bist du, hey, ich schmier dir eins. Ja, den halt. Ich fühle mich richtig Profi, dass ich nicht mache. Ah, komm on, du, das ist schwierig. Ich verdiene kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du. Ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich kann Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder die BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner, elendiger, Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay.
der Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, mal von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur mal kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi Pausensong. Der gruft ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Deine Mutter hat mir gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was Flamingo? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine zu stehen. Du Luzi, wie fällt dir bei? Mach einfach irgendetwas. Was? Ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bist du, hey, ich schmiede eins. Ja, den halt. Ich fühle mich richtig Profi, dass ich nicht mache. Come on, du, das ist schwierig. Ich verdiene eh kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich kann Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder die BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner, elendiger, Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay.
sie ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist ja aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, mal von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Deine Mutter hat mir gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was will der da? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine zu stehen. Du Luzi, wie fällt dir bei? Mach einfach irgendetwas. Was? Ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bist du, hey, ich schmier dir eins. Ja, den halt. Ich fühle mich richtig Profi, für das ich nicht mache. Ah, komm on, du, das ist schwierig. Ich verliere eh kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich habe Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder dein BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner
sie ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, mal von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Deine Mutter hat mir gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo und wo will sie? Auf dem Schmine. Okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was will der da? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo! Flamingo, Mingo, Mingo. Hey, auf dem Schmine stehen. Du Luzi, bevor ich bei mach einfach irgendetwas. Was? Ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bist du, hey, ich schmier dir aus. Ja, den halt. Ich fühle mich richtig Profi, ich das nicht machen. Komm on, du, das ist schwierig. Ich verdiene kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst
Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, mal von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Deine Mutter hat mir gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo und wo will sie? Auf dem Schmine. Okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was will der da? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo! Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine zu stehen. So, salut zusammen, ich bin wieder zurück. Wir warten jetzt noch kurz auf den Jochen. Ja, das ist gerade vor kurzem angekommen und der biegt sich jetzt noch zuerst noch einen Salat hinter die Kauleiste. Und ich habe da schon mal ein Gewinnspiel vorbereitet, weil ich glaube, für das sind alle da und in dem Fall machen wir das doch einmal. Ich habe beide freie Fragen. Es sind ja jetzt eigentlich recht viele Österreicher im Chat. Versteht ihr überhaupt meine Videos oder wie ist das? Und sind ihr eigentlich alle da wegen dem einen Dude, weil ich habe ja, glaube ich, mit dem Liasl hat ja, glaube ich, unter meinem Short kommentiert. Und seither habe ich immer mehr und mehr Kommentare unter meinem Tapkin-Video gehabt. Und ja, jetzt sind wir da. Das ist doch schön. Habt ihr wenigstens meine anderen Videos geschaut und das sind dann wirklich nur wegen dem Bass. Oh. Also, ist schlimm, wenn nicht. Ich meine, it's a free base von dem her. So, ich mache das wegen der Auslosung so transparent wie möglich. Das heisst, jeder Tapkin-Kommentar beziehungsweise jeder User, der darunter kommentiert hat, bekommt jetzt so ein Zettel. Den Jochen tun wir jetzt mal ausschließen, der will den Pass, glaube ich, nicht. Haben wir da den QR Bisch.
Ja, der ist recht analog. Du. Der kippt wie das da alles, die Zettel in den Hut rein und zieht der Jochen nachher einfach einen raus, oder? Dann kommt Theresa. Ja, fast alle Gitarren gehören mir. Also von denen, die hinten an der Wand siehst, die gehört mir, die gehört mir, die gehört mir, die gehört mir, die akustisch gehört mir ein Kollege von mir, die gehört mir. Ich besitze recht viele Gitarren. Jetzt kriege ich irgendwann mal angesammelt. Ja. Ja, und sonst, wie haben es so? Schönes Wochenende. Schön, also hier in der Schweiz ist schönes Wetter. Wenn ich da voraus schaue, ist mega heiß draußen und ja. Ich weiß auch nicht, du. Dann haben wir hier den Bass-Fan 420. Ich hoffe, dass du kennst. Bass Fan 420. Die Mitte falten. Ja, ich bringe den Bass echt vorbei. Also ich hoffe, dass irgendein Österreicher ihn gönnt, dann kann ich wenigstens noch ein Video machen dazu. Von dem her, ja. Fände ich recht witzig. Und ich bin schon lange nicht mehr in Österreich gewesen, also wäre witzig. Der Heiri. Hey, danke vielmals, dass du gekommen bist. Ja, kein Ding. Soll ich dir die Kopfhörer erstmal da lassen, falls du noch brauchst? Ja, gern. Okay. Ciao. Heiri. Ja, also sagen wir es so, der Anteil von Österreicher zu Schweizer, einerseits im Live-Chat und andererseits unter den Kommentaren von Tapkin, ist überwiegend. Und ich frage mich halt immer noch, wieso haben wir euch alle zusammengeschlossen, wenn bei alle den Bass können, oder wie? Also sonst, falls kein Österreicher den Bass würde gönnen, ich hätte noch mehr Stuff. Ich habe am Anfang vom Livestream habe ich versucht, innerhalb von einer Stunde eine Gitarre zusammenzubauen. Von dem her, die könnt ihr auch noch verlosen. Ich habe eigentlich geschrieben, dass eigentlich jeder etwas bekommt, weil ich finde, hey, es haben sich knapp etwa, wie viele Leute gemeldet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, im Gesamten 6 Leute, von dem her 6, das ist jetzt noch human. Und ich meine, ich habe genug Stuff in meinem Bandraum, wo ich da gerade streame, von dem her ist es mir ziemlich recht, wenn das Zeug einmal wegkommt.
Könnte ich auch eine Schere nehmen, die da rumliegt. Sind ehrlich, wer von euch alles hat das Bassvideo wirklich geschaut oder will einfach nur den Bass gehen? Es interessiert mich einfach. Dann haben wir hier den Papa. Ja, wenigstens jemand, der es geschaut hat. Ja. Und der Raffi. Ach schon. Also durch das Bassvideo oder durch das Short? Weil. Schön, dass schweizerdeutscher Content auch in Österreich gut ankommt. Aua! Oh, natürlich noch der Kaffee. Ja, dann wäre es eigentlich schon vorbereitet. Wegen der anderen Sachen zum Verlosen. Ich hätte sonst auch noch das komplette Sticker-Set vom Logo, das da drauf ist. Also vom Luzi Electronics Logo hat die komplette Sticker-Satz noch, so einen Bogen, den ich könnte verschicken. Dann, was habe ich noch? Ich habe noch random Stuff zum Verschenken, Gitarren. Schauen wir mal. Jetzt noch nicht gerade. Der Jochen ist, wie gesagt, noch am Essen. Und ich meine, ihr müsstet eigentlich alle am Jochen Danke sagen, weil nur dank ihm bekommen ihr einen Bass. Weil er ist der einzige Sieg, der jemals meine Videos gesponsert hat und immer noch Sponsorin ist. Von dem her, ja, gebührt eigentlich ihm die Ehre, um jemanden auszulosen, der den Bass bekommt. Nein, den Intro-Song gibt es nicht auf Scheibe, weil den gibt es nicht auf Scheibe, da ich jetzt exklusiv für das Ding jetzt produziert, für den Livestream. Wie gesagt, mit 100 Abonnenten Special habe ich versucht, so viel Zeit wie möglich zu investieren. Aber aber wenn ihr wollt, kann ich euch den gerne als Video, als Audiodatei schicken. Matko, schreib mir sonst kurz auf Insta. Dann kann ich dich nachher per Insta kontaktieren oder so. Musst du noch weit heimfahren oder wo fahrst du gerade hin, wenn du nur noch 4% Akku hast? Ja, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Jochen.
Ich schau mal auf mein LinkedIn-Profil. 10 Minuten, 4%. Da könnte knapp werden, du. Da könnte wirklich knapp werden. Ja. Sind ihr eigentlich eine Band oder wie kennt ihr euch untereinander? Weil ich habe gesehen, ihr sind alle so ein bisschen Musik-related. Kopfhörer kann ich eigentlich abziehen. Holen wir jetzt noch etwas zu trinken. Bist du bereit? Ja, ich hoffe. Jetzt ist Ferien und Uhrzeit so los. Ja, sicher das Red Bull. Kollege, wir haben vorher etwa so 3 Stunden Podcast aufgenommen. Und ich bin hierher gekommen, weil ich zuerst noch technische Probleme hatte. Ja. Da darfst du gerne her sitzen. Boah, das ist gemütlich. Boah, geil. Ja. Cool. Aus Deutschlandsberg. Cacophonics, okay. Cool. Sorry. Oh, ist das gemütlich. Ja, das ist by the way der Jochen. Es haben vorher eigentlich alle Österreicher im Chat gespammt. Danke Jochen. Weil du eigentlich der Sehr Grund gern. bist, wieso das, ja, der Pass überhaupt verlost wird, beziehungsweise das ganze Projekt überhaupt zustande gekommen ist. Und ja, ich glaube, es warten alle nur momentan auf Passauslosung. Ja, dann musst du das jetzt machen, ne? Ja, fix. Also, habe ich da alle drei gerührt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, du darfst die grosse Ehre haben und Bin gespannt. einen Namen ziehen. Und, Drumroll, Drumroll. Baba. Es ist der Baba, der den Bass hat, also ein Österreicher. Ich scheiß wie einer. Kann man das lesen? Ja. Du musst es jetzt vor die Linse halten. Ja, das ist da. Baba. Wenn du willst, kannst du einfach auch ein bisschen näher kommen. Da siehst du auch ein bisschen in den Chat rein und so. Oder kannst du es lesen von dort hinten? Kaum. Ja, soll ich. Ja, willst du- Ist das jetzt sehr. Kriegen wir das jetzt alle mit? So, jetzt hättest du eigentlich auch schön auf den Chat gesehen. Wie sich alle Österreicher freuen. Ja, Janus Christoph, für was bist du gespannt? Du hast ja nicht einmal mitgemacht. Hä? Bist du richtig enttäuscht von dir? Also, der Bass geht inklusive Gigbag und Gurt geht er auf, auf Österreich. Ich bringe ihn irgendwann vorbei, wenn ich Zeit habe. Beste schreibst du mir kurz auf Insta. Damit wir das irgendwie könnten organisieren. Als nächstes verlost der Jochen. ich glaube, der Jochen hätte nicht so Freude daran, zum verlost zu werden, gell? Ich soll verlost werden? Du meinst, ich soll etwas verlosen, oder? Das ist so. Nein.
Oh, Johannes Christus würde ich, glaube ich, gewinnen. mich kann man echt. Nee. Also okay, also der Baba ist der hat schon mal den Pass gewonnen, eigentlich den Hauptpreis. Und jetzt verlose ich eigentlich grundsätzlich nur noch Müll. Nein, Spaß, es ist... Ich muss kurz umschauen, ich finde es sicher nicht. Sorry. Kannst du mal ein bisschen von Tapkid erzählen, weil jetzt sind noch alle Leute im Chat. So aus dem Nichts heraus. Ja, Wo soll ich anfangen? ja, wie du überhaupt dazugekommen bist, Tapkid zu machen, was deine Idee dahinter ist. Ja. Also ich brauche jetzt noch 5 auslosen. Also Ziel war erstmal nicht noch eine Social Media Plattform zu bauen. Und die. Moment, ich muss ein bisschen dichter rangehen, sonst kannst du die Jochen danach auch wieder. Bitte. Du musst deinen Chat lesen. Hä? Du musst deinen Chat lesen. Wieso? Du musst wir suchen gemeinsam etwas, was wir verlosen können. Einverstanden? Also. Kakos für einen Baba, mega geil, mach Gitarrenauslosung, Baba, als nächstes verlässt der Jochen. Kannst du die Jochen danach auch weitergeben? Hä? Bitte. Wohin? Ah, nein, sie sind am Diskutieren von wegen drüber, dass wenn der Johannes Christus das dich gibt, dass er bitte gibt. Du bist einfach ihren Jochen, ja. Also, erzähl du über die Vision echt. Ja, okay, ich gebe mir Mühe. Also, ich hatte eigentlich einen Stockfotoservice geplant ursprünglich, weil ich dachte, jeder macht immer bessere Fotos mit seinem Handy. Und dachte, wie könnte man das breitflächig monetarisieren, dass das nicht nur Fotografen und Aktionismus ist. Und dann ging das so über in, wie könnte man das so ein bisschen mit Social Media vermischen. Und so quasi Likes. Likes, die nicht nur Likes sind, sondern billige Likes. Was ist ein Like wert, ne? Das ist ja auch einfach nichts im Endeffekt. Das ist auch keine Bindung. Und man könnte ja aus Likes einfach so kleine Geldspenden machen. Ja, und so habe ich dann halt gedacht, naja, dann schaue ich mal. Ich hatte dann halt irgendwie auch Patreon entdeckt. Ich kannte dann manche andere Plattformen noch gar nicht, die es dann auch gibt. Es gibt so Plattformen wie Substack, Buy Me a Coffee, Ko-fi und Steady HQ. Das ist einer aus Berlin. Die gibt es aber auch schon recht lange. Und da habe ich dann gedacht, dass ich sowas in die Richtung mache, nur nicht auf Subscription. Und wir wollen keine Werbung. Wir wollen keine Werbung machen, das ist mir auch sehr wichtig. Werbefrei, europäischer Datenschutz, deswegen hosten wir auch nicht irgendwo in Amiland. Und ja, und jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen wachsen. Luzi, was suchst du? Da steht was von Wanderjacke. Was? Nein, Wanderjochen. Ich habe gelesen, verloste eine Wanderjacke. Ich sitze so weit weg, ich krieg das kaum noch mit. Warte kurz. Ja. Du hast hier einen Bass gefunden, ja? Oder ist das eine Gitarre? Das ist eine Gitarre. Was ist der Unterschied zwischen Bass und Gitarre? 6 und 4 Seiten. 6 und 4 Seiten. Ja, genau. Ah, ein Bass hat also 6 Seiten, Gitarre hat 4 Seiten. Ja, genau. Ach, logisch, ja, ich glaube, ich erinnere mich. Eine Geige hat auch 4 Seiten. Ich habe mal Geige gespielt ein paar Jahre. Damit du den Chat auch kannst lesen. Mhm. Ich kann so gar nicht. Luzi, wir brauchen einen Gig mit dir. Luzi, bitte spiel mit uns. Berostet dich gerade. Ach Jochen, man muss den Unterschied wissen zwischen Gitarre und Bass. Ja. Er hat doch, ich meine, wenn jemand früher Geige gespielt hat, ich meine, es ist schön, dass er schon mal weiss, dass ein Bass existiert. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, sobald ich irgendwann mal festgestellt habe, was ein Bass eigentlich ist, war das, glaube ich, eher das Instrument
sie verlost, sonst kann ich den ja wegstellen, dann kann ich ein bisschen mit drüber rutschen. Also, um das gescheit zu machen, brauche ich jetzt Duct Tape. Am besten der Filzstift, Wo ist der runtergefallen? Dieser Bass hier, Luzi, der ist ja schon recht Das ist schlicht, eine ne? Gitarre. Oh, Das ist 7 Seiten. wieso ist das eine Gitarre jetzt? Ich dachte, eine Gitarre hat 4 Seiten. Ich verlasse ein paar Gitarren. Wahr? Ja. Ich habe gesagt, jeder bekommt einen Trostpreis. Es sind 5 Liter und ich muss jedes Tag loswerden. Ja, aber Geld. Was kostet so eine Gitarre eigentlich? Viel zu viel. Also, Wer verschenkt einfach? ja. Spielst du diese Gitarre nicht gern? Ich spiele eigentlich grundsätzlich fast nur 1, 2 Gitarren. Also, der Bass. Damit hier keine Verwirrung herrscht, schreibe ich jedes Gewinn an mit einer Magic-Karte, weil gerade das einzige war, das rumgelegen ist. Baba bekommt den Bass. Dann haben wir das. Das können wir schon mal auf die Seite stellen. Dann ist da mein Handy. Der ist nicht- Zweifle niemals an den Künsten des Luzi, Jochen. Eine- Jochen, bitte spiel ein Hendrix-Solo. Ja, auf jeden Fall nicht. Ich habe so den Eindruck, die muss erst gestimmt werden, die Gitarre, weil das ist hier bestimmt. Das klingt falsch. Gib mir mal kurz. Das nächste Ding, das ich verlose, ist eigentlich das Neueste und das Schönste an allen Instrumenten. Das ist 7-Seiter LTD. Ich habe mal einen richtig geilen Bass dafür hergegeben und selber mal 7 Seiten spielen, aber irgendwie ist mir das zu langweilig. Von dem her, ja, verlosen wir die jetzt. Mal schauen, wer die bekommt. Natürlich inklusive Gigback und so. In dem Fall wohnt ihr alle in der Nähe voneinander zu Österreich. Weil sonst wäre es ein bisschen aufwendig, zu jedem Einzelnen hinzufahren. Oder so. Ja. Ich will einen Schluck trinken. So, gut. Jetzt kannst du nochmal den Namen ziehen. So, der 7-Seiter bekommt Theresa. Theresa. Du musst reinhalten in die Kamera. Das gab es nicht gehört. Fokussiert. Wow, es lag gerade 9 Leute zu. Cool. Die Gitti muss halt schon Österreich können, ja. Jawohl. Die hat hure Freude, Schatz, dass sie gerade alle am Eskalieren im Chat. Aber es steht auch offen. Es ist einfach. Theresa! Ich wünschte, meine ganze Community wäre so involviert wie ihr Guys. So. Da werde ich auch ausgelost. Willst du auf der vielleicht kurz spielen, um die zu zeigen? Ich habe es jetzt gesagt. Gut. Hä? Die einzige Bassistin gewinnt die Gitarre. Oh, uff. Ja, ich meine, sagen wir es so, ich kann untereinander auch täuschen, von dem her. Schon blöd, wenn du Bassist bist und die Gitarre bekommst. Also, dann kommen wir hier zum nächsten Objekt. Hä? Was hast du gesagt?
ja. Die wohl hässlichste Gitarre, die jemals auf dem Planet produziert worden ist. Bitte Luzi, betöre uns, bitte spielen. Oh ja, bitte. Okay, also wer von euch will alles das jetzt gerade Ständli spielen? Ich. Okay. Dann wir kurz. Soll ich zuerst verlosen? Nein, du musst erst spielen. Oder? Dann ist die Ja. Spannung größer. Oh! Sorry. Oh, ach so, das hat hier. Sonst kann ich da auch ein Gegengewicht hinhängen, wenn du willst. Ah, ja, sehr gut. Jetzt erzählen. Ja. Physics. Wow. Bin wieder verblüfft. Das noch stärker anschmeißen. Hört man das jetzt eigentlich? Ja, das ist Grossmembran, du hörst es. Einerseits von dem und von dem Mikrofon von mir. Nice. Ich bin schon begeistert. Das Gitarre werdet ihr jetzt nicht so laut hören, weil ja, mich schiss an, jetzt neue Verkabelung und Mikrofonierung zu machen. Also, das ist eine recht spontane Aktion. Jetzt brauche ich noch ein Black. Hört man das eigentlich? Nein, hast du eins? Okay, viel Spaß. Jetzt passiert's. Ah, ich kann eins. Oh, du hörst, ich habe mich voll eingestimmt, jetzt hörst du auf. Also irgendjemand hat sich Eruption gewünscht. Ja, kann spiel ich das jetzt nicht. einfach nochmal. Ich kann das Lied nicht, aber. Ich habe den Anfang von Ain't Talking About Love. Ja, weiter kann ich nicht. Ich habe meistens nur Riffs geübt. Kannst du noch das spielen, was du eben gerade gespielt hattest? Sicher. Das klang schön. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. Tears ran down only for a moment, and the moment's gone. Matko, gib mir noch kurz den Insta-Namen an, oder schreib mir einfach, weil ich kann euch fett nicht auseinanderhalten, weil ihr habt hier andere Namen, ihr habt auf Insta andere Namen, keine Ahnung. Aber ja, sicher. Ja. Schon? Tun's gut.
Das wäre die Gitarre. Ich kann sonst für. Ich kann sonst kurz jede kurz anspielen. Kannst du einfach genau mit hinhängen. Also. Dann, wer das wunderschöne Ding hier gönnt, kommt als nächstes. Ja, kannst du es einfach hinlegen. Brauchst du nachher Soll ich ewig. das ausmachen, das Brummen? Nein. Nee. Nein. Also, die wunderschöne Gitarre mit Kirchgebühren drauf aus Degerfeld, aus meiner Heimatort. Also ja, dort, wo ich gerade wohne. Lol, sagt eh niemandem etwas, weil Degerfeld halt so ein kleines Bauernkaff ist. Bekommt. Raffi. Das ist die perfekte Gitarre für den Raffi. hey. Der Raffi bekommt die wohl abgefuckteste Gitarre. Aber die bringe ich definitiv mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil das letzte Mal, als ich den Raffi in Zürich wollte besuchen, bin ich nach einer halben Stunde wieder heimgefahren, weil ich einen Nervenzusammenbruch hatte, weil ich literally 5-mal durch ganz Zürich gefahren bin und 3 Parkhäuser gesucht habe. Und als ich dann das gefunden habe, was ich am Anfang gesucht habe, ist es einfach zu gewesen. Und dann habe ich gedacht, fick dich Zürich, ich fahre heim. Aber das ist die perfekte Gitarre für den Raffi. Das ist der so viele Fragen gestellt hat. Wo wir uns nachher noch durchwühlen müssen. Also beziehungsweise du. So. Raffi. Der als nächstes kommt die. Ja, warte kurz, das stelle ich die Ständer. So. Und die nächste Gitarre, die ich verlose, Zeig mal, hast du die auch selber gebaut? das ist die ich heute Morgen im Stream gebaut habe, innerhalb von einer Stunde. Ach krass. Die liegt hier noch an der Seite rum. Oh, die kann ich auch noch Sehr aufziehen. dünne Seite. Ist sie noch ganz? Hat das Kügel unten dran noch? Ja. Ja, da ziehe ich die auch noch gerade auf. Das ist so mühsam zum Aufziehen. Ist das hier Feldschlösschen stark? Ja, das ist. Weil ich den Pickup nicht anders da können anschrauben. Ja, was ist das mit den Taxkarten? Ich verstehe das nicht. Was ist eine Taxkarte? Das noch Also ich meine, du bist älter als ich und du weißt es nicht. Ja, aber Ja, okay, ich weiß nicht, hat es das im Deutschen auch gegeben? was Oder ist das eher so ein Schweizer Ding gewesen? Früher hast du ja kein Mobilfunkgerät gehabt, sondern hast immer müssen von Telefonzelle zu Telefonzelle also eine säckeln. Telefonkarte? Ja. Aber warum Tax? Ich dachte, da war an Steuer irgendwas, aber. Nein, das ist einfach viel mit Wie, dem, eine was- Taxkarte ist eine Telefonkarte? Ja. Ja, ich habe noch mit Telefonkarten telefoniert, das ist wahr, ja. Ich bin alt. So alt auch wieder nicht. Ich meine, wer meine Videos schaut, kann gar nicht so alt sein. Also jedenfalls nicht im Geiste. Jemand fragt, ob ich tatsächlich älter als du bin. Soll ich mal ein bisschen näher in die Kamera gehen? Da sieht man so ein bisschen Falten oder so vielleicht. So. Ja, der Jochen ist älter als ich. Ich habe zu Modem-Zeiten, also ich habe zum Glück ISDN gehabt, das war ja viel schneller als Modem. Da habe ich schon gesurft. Ja. Jetzt nicht ins Internet gehen, ich muss telefonieren. So, diese Zeit. Ah, das Modem E-Weltgeräusch ist Ah, doch. schön. Wenn man das jetzt hier schnell einspielen könnte, ja. Ja, sicher. Ja. Dann gehen wir auf Watch Together Ja. und dann da auf Safari. Ja. Modem Einwählgeräusch. Modem
Einwahl. Oh ja, sehr schön. Ganz oben gleich. Ah, sehr gut. Muss ich aber kurz schauen. Aber wir hören es nicht, ne? Nein. Aber wir können da kurz Kopfhörer. Wo habe ich meine? Ich habe hier Kopfhörer. Ah, Funktionieren die? können wir uns da kurz da anhören. Der Chat ist so, wieso? Ah, ein bisschen Nostalgie. Ja. Oh ja, sehr schön. Hier in diesem einen Terminator-Film macht doch der eine böse Terminator, ich glaube von einer weiblichen Rolle gespielt, auch so ein Geräusch. Wählt irgendeine Nummer und dann kommt aus der Stimme, aus dem Mund so ein Geräusch raus. Okay. Ich bin in den Jungbrunnen gefallen. So wie Obelix. Also, In to den- be fair, ich habe auch nicht gedacht, dass der Jochen älter ist wie ich. Von Ja. dem her. Ja, es hilft auch nicht unbedingt im Arbeitsleben. Ich werde immer derjenige mit der zu wenig nicht vorhandenen Kompetenz aufgrund des Aussehens. Die meisten Menschen sind ja doch ein bisschen oberflächlicher, als man denkt vielleicht. Viel älter oder nur ein bisschen? Ich glaube, Luzi, wann bist du geboren? 90er? 97. Ja. Was ist denn viel und was ist wenig? Ist 10 Jahre viel oder nur ein bisschen? Also ist halt mehr als 10 Jahre älter, ne? Dann viel, ja. Ja, es ist viel, ja. Viel. Mehr als ein bisschen viel. Ja. War das jetzt? Oh, was ist denn das? Schon? Oha. Das Schiff? Ja, jetzt ist plötzlich Scheißwetter hier in der Schweiz. He? Ich hab keinen Schirm mehr, super. Nach dem Regnen kommt das Schiffen, nach dem Schiffen, da sagt's in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Schön, das kannst du doch gleich mit der Gitarre verwursten und dann halte ich das fest und dann. Alter. Na gut, soll ich das nicht noch aufzeigen? Was ist mit der? Darf ich auch eine Seite aufziehen? Das kannst du gerne machen. Kümmere ich mich ein bisschen um den Chat. Mhm. Dann kümmerst du dich um den Chat und dann kannst du mir ein paar Fragen stellen, wenn du möchtest. Und ich versuche die Seite aufzuziehen. Komm. Ah. Hast du gerade die Seite abgeschnitten? Ja. Okay. Oh, tut recht verrissen, du. Das muss ich geben. Kann das dir Ja, mal warte, helfen? ich mach schon. Ich schaff das bestimmt. Ich habe schon Geigenseiten aufgezogen. Okay. Ist ja fast das gleiche, oder? Ja, so halb. Davon aber das kann er doch jetzt sagen. Tja. Also, ja. So. Nur ist das ein bisschen anders hier. Oh. Warnung. Ich weiß nicht, was du. Warnung. Der Streamsphone liegt unter dem Pfeil für einen Streambetrater von I don't care. Sag mal, Ja. Luzi, das muss hier rein, ne? Das kleine schwarze Ding hier. Aber das ist hier ein bisschen versteckt. Hä? Das kleine schwarze Ding, das muss doch da rein, oder? Ja. Aber wie? Ja. So, dass es einfach nicht mehr rauskommt, oder? Ja. Muss es eine spezielle Ist das Position schon? haben? Nein. Nee? Nein. Hauptsache, das hängt gut. Okay. Und du kannst.
da Ja, musst du oder? ein bisschen lösen, damit Ja, sie genau. nachher kannst durchziehen kannst. Und du musst die festheben. Nein, musst sie da durchs Loch stecken. Ja, das ist Okay. Da Podcast. Ja, genau. So sieht man mich wieder Fullscreen. Sind ihr noch da oder sind ihr schon alle weg? YouTube zeigt mir gerade an, dass meine Bitrate schlecht ist. Liegt vielleicht am schlechten Wetter. Hä? Ja, natürlich. Ja. Was willst du mehr Vorschlag? Die aktuelle Bitrate des Streams liegt über der empfohlenen Bitrate. Ist doch schön, wenn sie drüber liegt. Nice. Hast du mal einen Schraubenzieher? Ich kann das sonst hier haben. Mhm. Und dann kannst du Teamwork. einfach. Ja genau. Dann kannst du einfach hier so drehen. Ist das richtig so? Du hast gar nicht diese Seite hier da drunter gepackt. Ja, das spielt keine Rolle. Ich meine, schau dir das Ding an. Das hat schon was, ne? Also das Rote hier ist schon. Also sie funktioniert auch. Also es tönt tut sie. Das ist ein bisschen mühsam da. Ist der nur abgezogen ist. Jetzt Hab ich schießt es voll. Ja, sonst, wenn ihr irgendwelche Fragen habt für den Jochen oder so, dann tun euch keinen Zwang an und fragt da, weil ich habe da hure viel komische Fragen von Kollegen bekommen an Jochen, und sich nachher noch was Ich habe durchwuscht. das heute Morgen schon gesehen. Ich habe reingeschmult, ganz frech, und was zur Geldwäsche gelesen. Ich dachte schon, oh je, ist da jemand von der FINMA unterwegs? Warum schraubst du da eigentlich so viel? Aha. Ja, deswegen geht es nicht. Also, ich habe ein bisschen zu viel rausgeschrieben von der Schule, wie ich will. Jetzt hat er den Abs ein bisschen anziehen. Okay. Oh, ich drehe vielleicht in die falsche Richtung. Ich kann vielleicht das hier. Righty tighty, lefty loosey. Oder? Mhm. So. Was soll ich? Das ist das. Mhm. Oh, warte. Jetzt. So, jetzt irgendein Schmuck. Ist aber noch sehr lose, die Seite. Ja, dass wir eben da zuerst das Gewinde richtig greifen Mhm. vom Tuner. Ja, jetzt fängt sie an zu spannen. Langsam aber sicher. Gut, jetzt kannst du mir sie geben. Jetzt kann ich sie richtig stimmen. Also richtig, ja. Versuchen zu stimmen. GDAE. Genau, nein. Nein, okay. E-A D G Ah, B ja. E. B? Du kannst B machen? Bei der. Ah, okay.
Ah, GDAE ist Geige. Das ist voll das Sheet-Teil. C. D. Nice. Das wäre eigentlich eher so eine Slide-Gitarre, wo dann Art wie mit einem Bottleneck, Wo ist der Body her? keine Ahnung, ich glaube so eine alte Hohner Strat, die ich irgendwann mal gekauft habe und ich glaube es sind selber gebauten Hals, also nicht von mir, aber gut. Jetzt stürmt es aber richtig, du. Das ist nicht mehr normal. Also, in dem Fall verlosen wir die jetzt gerade. Ich nehme noch einen Schluck von dem Cider. So, die Gitarre bekommt. Kannst du den Namen ziehen? Ist da noch einer versteckt? Nee. Ach so, das ist die Mütze. Nehmen wir den hier. Trommelwirbel. Trommelwirbel? Kommt kein Trommelwirbel. Heiri. Ah, der Heiri. Der wird sich freuen, du. Ja, ich muss auch sagen, ich finde die ist auch sehr gut geworden. So. Das ist die, das schreiben nachher gerade, dass er die Gitarre gewonnen hat. Packe die mal auf die Seite. So, die nächste Gitarre ist mehr eine Uhr als eine Gitarre. Die habe ich mal im Brocki gekauft. Hat irgendeiner mal eine Uhr eingebaut. Müssen wir, glaube ich, nur eine Batterie wechseln und dann wird die Uhr, glaube ich, wieder laufen. Also, eine Gitarrenuhr mit einer ist eigentlich eine alte deutsche Gitarre. Ich wollte sie eigentlich mal restaurieren, aber da habe ich irgendwann keine Lust mehr gehabt. so wie eigentlich bei den meisten Gitarren. Ja, aber du könntest ich ein Video daraus machen, wie du sie restaurierst. Ja, aber Dauert das so lange? es Wie lange dauert würde es vor allem- dauern, um die zu restaurieren? Ja. Was wäre denn zu machen? Also, Als Laie das jetzt mal, für mich als Wichtigste- Laien. das Wichtigste wäre sicher mal hier die Buntstäbchen rausnehmen. Weil da siehst du, wie flach das die sind. Sag mal. Die stehen fast nicht mehr hervor vom Griffbrett. Ah. Und das heisst, wenn du einen Ton Wurde spielst. die einfach viel gespielt? Ja, Die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. ja, das ist aus den 60er Jahren, glaube ich. Ich habe, glaube ich, 30 Franken gezahlt für die. Weil sie halt recht am Arsch Du ist. müsstest Und die eigentlich ja erst machen, bevor du sie verlosen kannst. Kann man die dann spielen? ja, prinzipiell, ich meine, momentan ist es nur eine Uhr. Wow. Also, du kannst mal ausziehen, wer da die wunderschöne Gitarre gönnt. Bassfan 420. Bassfan 420 bekommt die Gitarrenuhr, die ein bisschen cursed ist. Was sind das für Karten, auf die du schaust? Magic.
Magic the Gathering. Gut. Ich hab was verpasst. Ich bin alt. Und die letzte ist eigentlich fast klar, Wieso ist das klar? weil es nur noch ein Zettel drin hat. So, die letzte Gitarre gönnt. Kurenbisch. Ja. Was? Kürbis. Oh! Na, ja. Ist ja fast das gewesen. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Es tut mir leid, aber ich bin nicht so gewagt, was Österreichisch ist. Also, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst einen Check and Danny Flying V mit selber gebauten Tonabnehmer, den ich selber gewickelt habe. Und ja, Tonabnehmer haben probably mehr Wert wie Gitarren an und für sich, aber ja. und es klebt drauf, Bubis make me smile und er ist halb weggekratzt. Von dem her, ja, hab Spass mit der. Kürbis. Scheiße, Oida. Österreich ist so geil. Oida. Alter. Scheiße, Alter. Bisch. Ja, das wäre es mit dem Verlosen. Mehr habe ich nicht. Mehr Teilnehmer hat es nicht gegeben. Vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr. Ja gut, dann machen wir jetzt mal, fangen wir mit unserem Business Shit Talk an. Am besten kümmern wir uns mal um die Fragen, die hier oben sind. Machen wir da Watch Together. Also, die erste Frage, also das sind alle Fragen vom Raffi, es sind eigentlich alle Fragen vom Raffi. Gibt's ein Tapkin Tapbier? Ich habe noch nie drüber nachgedacht, selber zu brauen. Das ist, ich hatte mal einen Freund in Deutschland, der hat selber Bier gebraut und da muss man ja das beim Finanzamt anmelden und ich fand das zu umständlich, also habe ich das nie gestartet und jetzt nehme ich mir die Zeit nicht dafür. Aber ich weiß gar nicht, was man dafür braucht, um sowas in Auftrag zu geben, aber ich glaube, es steht nicht momentan, es ist jetzt nicht die höchste Prio. Er hat, also es gibt sicher irgendwelche Brauereien, wo einfach das Logo kannst drauffetzen. So machen wir 1000 Dosen von denen. Oh. Das Okay. gibt sicher. Ich trinke momentan gerne, darf ich das sagen? Also, ich trinke momentan gerne von den Barer Bieren das Bügelspitz. Das hat nämlich die... Müllerbräu? Bügelspitz heißt das. Okay, das kann ich nicht. Und das ist in so grünen Flaschen, schön verziert. Da ist 1 Franken Depot drauf. Und Okay. das ist eine Bügelflasche und das ist sehr pilzig. Also ich mag daran, dass es so schön herb ist. Ich mag die Schweizer Biere sind mir manchmal ein bisschen zu süßlich. Ja, okay, wenn man mit deutschen Bier aufgewachsen ist. Vielleicht sollte ich die Brauerei mal fragen, ob sie mir so ein paar und dann verlosen wir Sixer. Voll verschluckt ab! Ah. Jesus! Ja, Boah. so gut die Idee, ja? Ja. So peinlich. Huch. Nee, okay, dann machen wir das nicht. Ja, also gut, also eventuell gibt es irgendeines Mal ein Tapkin Tap Bier.
noch nicht drüber nachgedacht, aber das wäre eine gute Idee. Ja, Ja, das sollten wir mal irgendwie in eine gewisse Agenda aufnehmen, die wir irgendwann Ja, mal fix. aufgreifen. Also, da können wir ja gerade ergänzen da oben mit von wegen Wir fragen die Brauerei. gute Idee vom Raffi. hä? Der Ja. wird sich sicher freuen. Ja. So, dann die nächste Frage, die wir da drauf haben, Ja. ist. Das ist die falsche Maus. Die nächste Frage ist: Kann man mit Tapkin Coins Marihuana kaufen? Ja, das ist. Ach so, ich soll noch mal kurz erklären, was Tapkin ist. Ja, genau. Ja, das kann ich verbinden, die Frage mit die beiden Fragen. Ja, genau, mach du noch. Also, ich habe vorhin gesagt, Tapkin ist ja kein Social Media, sondern ich bezeichne es als Social Payment, weil man kann Content hochladen, Fotos, Videos, Kurzvideos machen wir momentan nur wegen des Speichers und PDFs, Dokumente, quasi so ähnlich wie bei LinkedIn und bei Instagram sind das ja so diese Galerien, dass man, ja, und dann ist das Ziel, dass man diesen Content mit Geld bespenden kann. Und weil ich halt währungskursübergreifend so eine Art Zwischenwährung in Form von Punkten gemacht habe, kann man Punkte quasi in der App kaufen und auf die Posts spenden. Und der Creator kann sich das dann auszahlen lassen mit 20% Provision, die wir für die Erhaltung der Plattform verwenden. Ja, aber die Coins, diese Keen Coins, die man in der App kaufen kann, das ist quasi ja wie so eine Art Transferwährung. Das sind Punkte, das ist keine Währung, also wir haben auch keine Blockchain oder so. Kein AI und kein Blockchain und keine Werbung und keine Algorithmen. Also keine komplizierten Algorithmen. Naja, und diese Keen Coins, die kann man in der echten Welt bis jetzt für nichts anderes benutzen, außer auf unserer eigenen App. Da sind wir ein wenig eingeschränkt. Wie viele Leute haben denn schon King Coins gekauft? Wenig. Genau, wie Patreon. Also es ist Patreon deshalb, weil eigentlich nicht so direkt vergleichbar, sag ich mal. Die Mehrheit benutzt ja Patreon als monatliches Abo-Modell. Ähnlichkeit zu wie bei OnlyFans, das ist ja auch sehr Monatsabo basiert. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen das auf Posts haben. Also das ist wie so ein Feed, den man durchscrollen kann und sagen kann, oh, das ist irgendwie Mehrwert-Content. Oder ich habe da meinen Creator, den ich da folge, wie der Luzi zum Beispiel, und sage mir so, ja, ich habe gesehen, der hat jetzt sein Video geteilt. Und dieses Video ist jetzt aber irgendwie nicht, der hat da jetzt nicht monatlich, dass er jeden Monat irgendwie, wir wollen nicht, dass die Leute abspringen von dem als Abonnement, weil er halt nicht so regelmäßig postet. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das doch pro Post. Dann kann er seinen Post teilen und dann kann der andere sich dann halt auf Tapkin registrieren und kann dann den Post nehmen und ihm dann halt Keencoins spenden. Das ist die Idee. Ja, Um diese Unregelmäßigkeit auch um die Unregelmäßigkeit auch zu unterstützen. Es nimmt ja eine Art wie so ein bisschen den Druck raus. Ja. Und vor allem, was ich halt cool finde, im Gegensatz zu Patreon, bei Tapkin kannst du auch, wenn du Creator nicht paid hast, alles anschauen. Ja. Es hat keine Paywall und da finde ich eigentlich als Creator gegenüber von denen, die deinen Content schauen, eigentlich mega fair, weil bei Patreon ist es eine Art wie ein Gamblen von wegen, Ja, genau. oh, ladet ihr diesen Monat etwas Gescheites auf, wo mich interessiert oder eher nicht. Und von dem her siehst du auch eine recht gute Rückmeldung her von dem, oh, ja, jemand hat mir mega viel jetzt auf den Post geschickt. In dem Fall hat ihm es mega gut gefallen, dass er sogar Geld investiert hat. Ja. Und ja.
Und wir haben halt, ich krieg manchmal so die Rückmeldung, ja, aber wenn ich alles sehen kann, warum sollte ich dann noch was spenden, ne? Das ist so, wo ich sage, ja gut, aber das ist so jetzt die Zeit, ne? Die Leute, das ist ja vielleicht einerseits ein Nachteil, aber es ist halt auch mit Absicht, dass man sagen kann, ja, ich will das sehen und dann überlege ich mir freiwillig, ob ich darauf was geben möchte. Und das ist wie damals, ich weiß nicht, ich bin zum Mediamarkt und habe CDs Probe gehört. Und dann habe ich überlegt, ob ich sie kaufen kann. Man konnte tatsächlich, das waren so, weiß ich nicht, hast du das auch mal, also damals CDs, bist du in so ein, ich weiß nicht, ich glaube, das war Mediamarkt oder Saturn, da haben die so eine Station, da konnte man die CD aus dem Laden nehmen, dort reinschieben und dann hatten sie Kopfhörer und dann waren so 4 auf jeder Seite und dann konnte man die ganze CD dort hören. Ja, das habe ich auch noch gekannt. Und trotzdem haben die Leute ja die CD gekauft. Ja. Gut, es ist halt ein bisschen was anderes, es ist was Physisches, ne? Man hat das ja dann da und dann kann man das kaufen. Aber das ist genau, warum ich auch sage. Man möchte ja den Creator unterstützen. Das ist ja man kann ja, natürlich kann man den Content permanent konsumieren, aber ich meine, selbst Patreon oder andere Plattformen hilft ja auch nichts. Du hast ja heutzutage, da gibt es ja dann Leute, die scrapen diese Profile. Da finden sich 20 Leute zusammen, einer macht das Abo, scrapt das alles. Und haben sie den Content auch, und das ist auch, wo ich sage, aber manche sagen, ich habe schon Rückmeldung bekommen, so von wegen, ja, mach doch Premium-Content, aber dann habe ich genau wieder dieses, was ich eigentlich, das ist nicht das Konzept von Tapkin. Ja, ich meine, ja, das machen ja schon so viele Plattformen, wie jetzt zum Beispiel YouTube, also jetzt im Bereich vom Werbefreien, dass grundsätzlich Grundbasis kostenlos ist, eigentlich wie bei den meisten Apps zum Beispiel, und dass du werbefrei musst kaufen oder Zusatzfunktionen. Es ist so, ja, es wäre die Lösung, die eigentlich am schnellsten am meisten Geld würde einbringen, aber es ist nicht so die nachhaltigste. Ja, genau. Weil, also ja, klar, du bist dann eine Art wie gezwungen, auf dieser Plattform zu sein, weil es ist ja dann meistens ein monatliches Abo, wo du dann löst. Jetzt zum Beispiel bei YouTube oder bei Netflix und so, um halt Inhalt zu konsumieren und so. Aber da geht es ja primär um den Konsum, ne? Ja. Und das ist ja, wir könnten jetzt sagen, ja, Tapkin ist noch nicht so schnell gewachsen, wir haben nicht so viel Content, aber eigentlich geht es ja gar nicht mal so primär, dass da einfach viel Content ist. Das ist ja dafür, wenn du viel Content willst, dann kannst du zu Instagram gehen, ne? Ja, ich meine, ich persönlich benutze das Tapkin eigentlich auch, um so ein bisschen speziellere Sachen aufzuladen, wo ich jetzt zum Beispiel auf Instagram oder TikTok nicht würde aufladen oder auch nicht auf YouTube, weil es einerseits halt ein bisschen zu künstlerisch ist und andererseits nicht so mein Konzept von meinem YouTube-Channel oder Instagram-Channel passt. Und dort dann ist halt, ja, ich meine, du hast eigentlich alle Grundfunktionen, wie die anderen auch haben. Du kannst kommentieren, du kannst einander Nachrichten schicken. Ja. Wir hatten bei Tapkin zum Beispiel noch was eingebaut, was ich bei Reddit total mag. Das, was ich mittlerweile total hasse auf jeder Social-Media-Plattform, dass du keinen Downvote hast. Mhm. Und das habe ich mir bei Reddit abgeschaut, dass wir Kommentare haben und die kannst du upvoten und wenn halt jemand irgendwie mit rumhatet oder rumtrollt, naja, dann wird das halt downgevotet. Und das fehlt häufig, finde ich, weil das muss einfach, das ist so eine Soft-Moderation, ne? So Soft-Moderation durch also die eigentlich Crowd. ist es schon fast Self-Moderating von der Crowd her. Ja. Ja. Gut, löschen ist dann halt nochmal das nächste. Aber ich habe schon ein paar Mal gelesen, dass man Sachen nicht löschen sollte, um es zu behalten, aus geschichtlichen Gründen, um später zu zeigen, wenn das mal eine andere Relevanz bekommt. Dass man sagt, ja, das ist zwar nicht gut, dass es grundsätzlich da ist, aber es. Ja, naja. Naja, gut, also das zum Thema Tapkin. Aber kann man jetzt mit diesen Tapkin-Coins Marihuana kaufen? Wir haben da noch eine andere Einschränkung. Wir können, also Tapkin-Coins sind eine reine digitale, nicht Blockchain-basierte. Nein, man kann kein Marihuana. Wir können auch nicht mal
Drogen und Waffen dürfen laut Schweizer Gesetz auf einer Social Media Plattform, auf einer Schweizer Social Media Plattform nicht beworben oder aktiv gezeigt werden. So quasi so werbemäßig. Das müssten wir von vornherein direkt aussortieren, sonst kriegen wir vom Schweizer Gesetz her Probleme als digitale Plattform. Finde ich fair. Und ansonsten sortieren. Wir haben auch Moderation. Das macht meistens die Anke. Und da haben wir so eine Administrationsoberfläche, wo wir so AI-generierte Childporn und sowas aussortieren. Und so ähnliche Sachen, die bei Instagram ja nicht aussortiert werden, wie ich gelesen habe. Also, aber prinzipiell, dadurch, dass King Coins nachher normales Geld kannst überweisen und wenn du es nachher bar abhebst, kannst du eigentlich damit Marihuana kaufen. Okay, um fair zu sein, das kannst du dann ja machen, ja. Ja, grundsätzlich einfach, also prinzipiell, ja, du könntest mit Tap King Coins Marihuana kaufen. Das ist aber Mind Gymnastics, ne? Das ist so ein bisschen. Natürlich nur das legale CBD in der Schweiz. Und, natürlich, ja, genau. Und natürlich nur das in Ja. Deutschland, wo durch Cannabis-Clubs freigegeben worden ist. Also wir wollen da nicht animieren, um illegale Sachen zu machen, gell? Natürlich nicht, genau, ja. Korrekt. Ja, also gut, in dem Fall hat sich die Frage auch geklärt. Dann die nächste Frage. Wieso ist der Content auf Tapkin vom Luzi so geil? Das ist, ich glaube, das hat sich hochgespult, oder? Der Luzi hat mal mich so auf super hartem Schweizerdeutsch angeschrieben, ob wir da mal was machen wollen und dass er meine Plattform so feiert und so geil findet. Und dann dachte ich erst so, what? Ich war erstmal verblüfft, dass jemand so hart darauf abgeht, weil du warst der Erste, der so, ich sag jetzt mal nicht aus meiner Bubble, nicht aus meinem Freundeskreis, Kollegenkreis, ähnliches, sondern so direkt von extern so richtig geiles Feedback. Das fand ich schon, und das hat mir ein Grinsen gegeben für ein paar Tage. Naja, und dann habe ich gedacht, ja, komm, machen wir was zusammen. Und ja, und jetzt sitzen wir hier. Schon cool eigentlich. Naja, klar, und dann ist der Content immer besser geworden. Also man muss schon folgen. Ich habe erst überlegt, dass wir eigentlich nicht nur Post-Sharing, also dass man einen Post sharen kann, sondern dass wir eigentlich auch einbauen müssen, dass jemand ein Profil sharen kann. Damit du halt auf anderen Plattformen sagen kannst, ja, das machst du ja schon in deinen Videos, ne, bei YouTube, dass du sagst, ja, folgt mir auf Instagram und auf Tapkin. Und dachte ich, oh, stimmt, wir haben ja noch gar nicht das eingebaut, dass man ein Profil sharen kann. Das müssten wir eigentlich machen. Dann kommen noch mehr und dann bist du Top-Content-Creator auf Tapkin. Also ich meine, ich bin ja schon Officials Head of Swiss Memes Ja. mit Tapkin. Das steht auch in meinem LinkedIn-Profil. Ich mag diese nicht, also wir haben ja eine Designerin, die macht das einfach alles immer super schön, aber ich mag manchmal auch, das will man nicht immer sehen. Ich möchte manchmal auch einfach Memes sehen, so deine Memes möchte ich gerne öfter sehen. So, auch. Ne? Ja. Also in dem Wobei, Fall. ja. Ja, in dem Fall die Frage ist geklärt. He? Ja, ich hoffe. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ist denn der Raffi im Chat? Ich glaube es nicht. Vielleicht ist er wieder am Pennen. Aber ja, er kann es ja nachher schauen. Ich meine, Ja, stimmt. ich kann dann auch Timestamps oder so drin machen. Ah ja, stimmt, ja. Wenn das überhaupt geht, wenn ich noch nicht 500 Abonnenten habe. Aber ja. Tapkin, neue Instagram. Nein, auf keinen Fall. Definitiv Das ist auch primär, das ist auch nicht, dass wir das nicht wollten. Für mich ist auch, ich will nicht Instagram schlecht reden. Die Plattform hat ihre Daseinsberechtigung sicherlich für die eine oder andere Person, aber es ist schon ein bisschen für mich persönlich so Digital Garbage und viel auf Masse. Aber das liegt nicht daran, dass die Leute, dass die das hochladen und es deshalb schlecht ist, sondern die Plattform in ihrer Struktur führt dazu, dass die Leute eben nicht so
dass sie halt eher so auf Masse achten, weil du sonst nicht gesehen wirst. Es geht ja auch primär darum, da gibt's nur Likes. Und dann ist so die Frage, wenn Likes die einzige Währung sind, wofür sonst noch, ne? Follower, Reichweite, jeder möchte gerne Reichweite. Ich kann ja gut verstehen, Reichweite ist schon was, womit man halt eine gewisse Macht bekommt. Kann auch zu Geld führen. Alle wollen Geld natürlich, ne? Und dann haben wir gesagt, dann machen wir Tapkin, dann gibt's halt echtes Geld statt scheiß Likes, billige Likes. Ja, ich finde es vor allem mega cool. Ich meine, ich habe ja denen das schweizerdeutsche Mail geschrieben und da hast du mir zuerst zurückgeschrieben von wegen, ja, ihr habt halt kein Budget für Tapkin, weil ihr wahrscheinlich so damit gerechnet habt, von wegen, ja, Influencer, die wollen sicher etwa 1500 Steine, nur damit Ich muss sie mal eigentlich, erwähnt ich muss werden. dazu sagen, um fair zu sein, wir waren einfach komplett überhaupt nicht vorbereitet darauf. Und ich dachte, what the fuck, was kommt jetzt? Oh weia, wie gehe ich damit jetzt um? Ich meine, wir haben keine Abteilung oder sowas Ja, dafür. ja. Wir sind eine, ich sag mal, eine Paar-Mann-Klitsche. Was willst du? Also ich kann das nicht mal irgendjemandem geben. Ich muss das einfach alles immer selber handeln. Und dann tauschen sich ja, ich meine, wie sind denn der einen oder anderen so Unternehmer, Clubs, Verbindungen oder sowas, ja, wo man sich halt so trifft als Unternehmer. Aber mit wem willst du dich denn hier austauschen? Das sind alles irgendwo mittelständische, typische Schweizer Betriebe, so Handwerk und so. Ja, das ist so, wenn wo ich wirklich die... nicht mit Ja, Content wenn ich sage- arbeiten, ja. sondern eher mehr auf Handwerk sind oder halt wirklich IT-Lösungen anbieten und halt nicht wirklich so eine Plattform haben, weil Ja, es gibt kaum, weiß ich nicht, gibt's eine, also die bekannteste, ich glaube weltweit bekannteste ist tatsächlich vielleicht sogar Threema. das sagt mir nicht mal etwas. Threema, der Messenger. Nein, das sagt mir nicht. Okay, also der ist auch in... Nose ist momentan recht im Kommen. Das ist so eine Art wie so Minijobs-Vergabe. Ja, kennst du Kupel? Das ist nämlich auch sowas. Ja, sagt man. Aber die haben halt nicht unbedingt jetzt Reichweite über die Schweiz hinaus, ne? Und darum ging es mir ja eigentlich. Dass du halt, Threema's Messenger, der ist halt auch in anderen Ländern durchaus bekannt. Also jetzt, vielleicht ist nicht so groß, ne? Die meisten Leute nehmen halt das, was sie kennen, und das ist eben WhatsApp. Und glücklicherweise zunehmend auch Signal und ja, so ähnliches. Oder dann gibt es ja noch regionale Sachen. Aber wie auch immer. Naja. Globale Plattformen, die in der Schweiz einfach noch nicht so. Ja, und dann habe ich halt keinen, mit dem ich mich da austauschen kann, wie die das handhaben. Ich könnte natürlich auch mir eine Social-Media-Bude suchen, aber das ist halt auch wieder Budget, was wir ausgeben müssten. Und dann, ja. Ja, und vor allem das Problem ist, was ich vor allem gesehen habe mit diesen Social Media, es ist, ich habe ja die ganze Geschichte mit NRT, hat er ja erzählt, von wegen auch, dass NRT eingegangen ist. Und ich habe mal geschaut, mit wem dass die alles Cooperations gemacht haben. Ja. Und wirklich so nichtssagende TikTok-Profil. Ach so. Und wirklich so nichtssagender Content, und dann merkst du halt, dass vielfach halt in der oberen Lage von diesen Geschäften Leute sitzen, die von Internetkultur überhaupt keine Ahnung haben. Ja. Also die wissen nicht einmal, was Memes sind, die wissen nicht, dass Memes nicht... Deswegen habe ich auch den Post gemacht auf LinkedIn, von wegen... Memes sind nicht nur dumme Internet. Ja, das habe ich absolut nachvollziehen können. Es ist eine Kultur, die dahinter steckt, eine riesige. Und ein Meme kann manchmal innerhalb von Sekunden etwas vermitteln, wofür du einen Text brauchen würdest. Ja. Und es schaffen so wenig Leute mit Memes in der Marketingbranche, Ja. weil's Ja, oder sie fangen damit an und dann ist es irgendwie cringe, ne? Ja, weil's nicht natural kommt, sondern so forced. Ja. Forced Memes sind nie gut. Ja. Es soll aus dem Kontext kommen, es sollte etwas darstellen. Ja. Und Memes denken sich die meisten Leute, es sind halt dumme Internetbilder. Aber nein, es gibt ja verschiedene Meme-Formate, es gibt
Memes, wie du genau kannst auslegen, wie sie angesehen werden, etc. Und das ist eigentlich eine Wissenschaft für sich. Und für das musst du halt recht viel Internet-Content konsumiert haben. Weil ich meine, ich habe manchmal Situationen in meinem Leben und denke so, oh, das wäre eigentlich ein geiles Meme. Und da habe ich das Meme-Konzept schon im Kopf und dann fange ich es an zu zusammenstellen mit den Meme-Vorlagen und so. Und es steckt so viel mehr Effort dahinter, wie man am Anfang denkt. Und das sind eben so Gedankengänge, die die halt nicht haben. Weil meistens sind ja die nachher den Content produzieren für die Firmen, das sind dann auch denen unterstellt. Weil die kommen wahrscheinlich schon mit innovativen Ideen, von wegen, hey, das könnte man lustiger gestalten. Aber da heisst es so, nein, wir wollen professionell wirken. Und das ist so heutzutage, dann lass es, ja, genau. mehr hin mit Professionalität, weil jeder macht auf professionell. Du musst menschennah wirken. Nee, sie sind auch nicht schnell, weil das muss ja erstmal durch die Rechtsabteilung und dann muss es noch durch die Abteilung so und dann noch die und dann und dann ist der Trend für das schon rum und du denkst, okay, das war jetzt vor 3 Wochen aktuell, aber was wollt ihr denn jetzt? Jetzt darf ich das posten. Ja, der Trend ist seit 2 Wochen. Ja, und dann fühlen sich auch die Leute, die in der Abteilung dann beim Marketing schaffen, auch so null abgeholt. Die denken dann so, ja, mein Job ist irgendwie nutzlos. Aber wir sind doch schon so kreativ. Ich meine, wir haben das Jungs-Team. Ja, aber du lässt sie nicht arbeiten. Das ist das Problem. Eben, genau, ja. Und auf die Experten hören. Ja. Das Problem ist so, nirgends anecken oder so. Aber nein, du musst gewisse Sachen musst du anecken, weil sonst, wenn jemand ein Meme sieht, so, okay, und weiter swipe, das ist so. Dann wenn du nur eine Sekunde catchst, so aus dem Alltag rausreißt, ist wie ein fauler Spruch. Ich habe das amigs als Böstler. Von wegen, das sind Leute gekommen, ich meine, als Böstler hörst du immer die Sprüche von wegen, ja, die Rechnungen können sie behalten. Und ja, und so sage ich. Und ich bin dann halt immer so gewesen, so Digga, ich habe mir dann auf der Tour als Gegensprich überlegt. Wie zum Beispiel, ja, die Rechnungen können sie behalten. Und dann sage ich halt, ja, dann bringe ich halt nur noch Betreibungen. Und dann sind sie meistens still gewesen und hast wirklich so gemerkt, das sind so Sekunden still gewesen und hat es Klick gemacht in ihrem Kopf. Und so das gleiche Feeling solltest du haben für so Marketing, weil das Problem ist, wir leben in einer so einer sinnüberfluteten Welt von Eindrücken und von allem hat es genug und viel zu viel an Content. Und du musst halt aus dem rausstechen. Ja. Auch ein gutes. Das hast du in dem Moment ja dann gemacht, ne? Wenn du sagst, dann bringe ich halt nur die Betreibungen. Ja. So. Und dann gehen sie rein und sagen, ja, der Pöschler ist hure frech. Ja. Nein, meistens hat sie gesagt, die will ich auch nicht. Ich so, ja. Nein, auch ein gutes Beispiel von wegen Auffallen und so. Ich bin ja momentan mache ich 4 Monate Zivildienst und bin gerade noch auf Jobsuche. Und es ist recht schwierig mit meinem Lebenslauf, wo halt nicht so viel aussagt. Ich meine, ich habe Metallbauer gelernt und habe nachher Pöstler gemacht. Und jetzt suche ich halt etwas anderes, weil es mich reizt, mehr etwas Soziales zu machen oder etwas Mechanisches und so. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, schau, ich schicke jetzt einfach mal ein schweizerdeutsches Motivationsschreiben. Ja. Ich habe sogar meinen YouTube-Kanal drin verlinkt. Und habe ich vorgestern ein Telefon bekommen, ja, ob ich Lust hätte auf ein Bewerbungsgespräch. Nice. Ja. Aber es ist, dort passt es, glaube ich, eher noch, weil es halt so, dort wäre ich dann Flottenmanager, halt so Autos beratstellen, ein bisschen flicken und so. Ja. Und halt bei Tixi, so ein Zürcher Fahrdienst für beeinträchtigte Personen. Oh. Und das ist eben ein Verein und dort hast du eher noch ein anderes Gespür für die Leute, weil es halt im Verein darf ja dort gewinnoptimiert sein, dass du dann eher Leute holst, die wirklich Lust haben, dort mitzumachen und mitzuziehen und einfach am gleichen Strang ziehen. Und ja, vor allem auffallen. Ja. Wir wollten, haben auch überlegt, Tapkin müssen wir noch in Schweizerdeutsch übersetzen. Ich meine, es ist eine Schweizer App, ne? Also müssen wir sie auch in Schweizerdeutsch übersetzen. Haben wir noch nicht gemacht bis jetzt. Das ist recht weit oben. Ja, jetzt war erstmal überhaupt
Performance auf Geräten, die nicht so powerful sind und die einfach, damit das überall flüssig läuft. Ein paar technische Sachen, die einfach gemacht werden mussten, die waren jetzt erstmal, das war wichtiger jetzt. Also gut, dann haben wir das auch geklärt. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Wie lang sind die Tepkin aus? Da ja. wir ja ein europäisches Unternehmen sind, müssen wir ja, also ein Unternehmen, was sich im europäischen Raum befindet, müssen wir ja AGBs überall angeben. Also wir haben tepkin.com und da, weiß gar nicht, wir haben die URL, glaube ich, in Englisch, Terms and Conditions. Tepkin.com Terms-and-Conditions, Terms and Conditions. Da haben wir die AGB drauf und müssen sie auch, wenn wir in anderen Ländern bewerben, auch sie in Englisch und anderen Sprachen übersetzen. Mhm. Also, ja, die sind irgendwie so eine Art Standard, weiß ich nicht, noch aus der Unternehmensgründung ist auch so ein Ding, wo wir sagen müssen, also ich dachte so am Anfang, boah, nee, ich möchte nie so AGBs wie PayPal haben. Also, wenn die Leute sagen, ja, wer soll das alles lesen, dann hast du eigentlich schon was falsch gemacht. Aber die sind jetzt auch das Bare Minimum, was man haben muss. Aber ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber gehen, über die AGB. Mhm. Vielleicht decken die das ein oder andere gar nicht ab. Ansonsten hat man ja immer das Gesetz über einem. Also alles, was AGBs illegal festsetzen, ist ja durchs Gesetz geregelt. Ansonsten hat man noch das Gesetz, was das halt regelt. Mhm. Ist ja jetzt auch kein rechtsfreier Raum, deshalb. Ja, und ansonsten haben wir ja an die AGB geknüpft, was wir zum Beispiel nicht haben wollen. Die Regelung, dass wir 20% als Provision von den Kingcoins nehmen bei Auszahlung. Das haben wir geregelt. Wir haben dort in die AGB reingepackt, dass man die Identität, darauf kommen wir ja gleich später, in den nächsten Fragen, Identität bestätigen muss. Auch so natürlich nach EU-Vorschriften, Schweizer Vorschriften. Das ist alles in den AGB drin, weil worauf kommt es ja letztendlich an? Die Leute bekommen einen Wert in Form von Keencoins und sagen, scheiße, das Geld gehört mir, ich will das jetzt haben. Das ist ja im Endeffekt das. Und das musst du gut regeln, dass da sich jeder abgeholt wird. Das soll transparent sein. Das ist nicht ewig seitenlang. Kurz und knackig. Jeder soll es verstehen. Ja. So, die sind nicht lang. Also so natürlich einerseits mit Absicht, aber wie gesagt, da müssen wir aber trotzdem auch nochmal rüber. Also manche Sachen müssen einfach rein, glaube ich. Ja, aber ich bin kein Anwalt, also keine Ahnung. Also gut. Dann fallen Keencoins in der Schweiz ebenfalls unter das Geldwäschegesetz und müssen dementsprechend reguliert werden. Ja, also ich habe mich natürlich vorher informiert, ne? Und die FINMA hat ja die eine oder andere Seite, wo sie informieren, wie das zu lösen ist. Ich habe mal für ein Startup gearbeitet, habe ich dann gelesen, dass sie da eventuell was mit der BaFin hatten, aber es gab keine Details, also weiß ich nichts Genaues. Und da muss man schon gucken, sonst wird da einem der Riegel vorgeschoben und dann sagen die, ja, du musst den und das und das und das schaffen. Das ist natürlich alles solche Sachen, die würden das Budget sprengen und dann wäre die Bude tot. Und da wir aber, also in meinem Angestelltenverhältnis muss ich mich mit Geldwäsche auseinandersetzen und habe dementsprechend die ein oder andere Details schon mal gelernt zum Thema KYC, KYT. Das sind so, KYC bedeutet Know Your Customer. Das bedeutet, wir müssen eine Identifizierung machen, bevor wir Geld in Umlauf bringen. Und das machen wir in dem Fall, wenn jemand Keencoins kauft, dann können wir ja die Verantwortung abgeben da wir das nur mit Kreditkarte anbieten. Man kann keine Kreditkarte ohne Identifikation machen. Also da sagen wir, okay, das geben wir ab, das ist auch legal, das ist in anderen Ländern genauso, bei anderen Online-Shops. Das heißt, wenn jemand Keencoins kauft, dann ist das gedeckt durch das Kreditkarten herausgebende Unternehmen. Und wenn wir auszahlen, dann machen wir vorher eine Identitätsverifikation.
Man geht dann in Tapkin, hat man ja so ein Menü, dass man links oben auf das Menü-Symbol reagieren kann. Und dann geht das Menü auf und dann hat man so einen Bereich für Messages, Finanzen und dort kann man die Identitätsverifikation machen. Lass uns gleich, ja, ich würde das kurz abschließen. Also jedenfalls, Identität muss verifiziert werden und dementsprechend momentan halten wir das alles ein. Also da habe ich ein bisschen geschaut. Aber wie gesagt, was habt ihr da? Wie würdet ihr darauf? Wie würdet ihr darauf reagieren, wenn die App hauptsächlich wie OnlyFans benutzt? Naja, das habe ich, achso, ja genau, derjenige hat es vielleicht nicht mitbekommen. Das habe ich vorhin erwähnt, das meinte ich mit dem, dass wir moderieren selbst und sortieren. Also wir haben ja Tapkin.com hat auch eine Hilfeseite, wo wir halt nochmal genauer beschreiben, was wir nicht möchten. Und da haben wir auch gewisse Regeln. Und sexuell anzügliche Inhalte wollen wir ja nicht. Und wenn Leute sowas hochladen, wir haben es ja schon aussortiert bereits. Ja. Deswegen, man sieht es nicht. Wir machen das innerhalb von, kommt immer drauf an. Also wir schauen immer rein. Der Content ist übersichtlich. Also sobald die Plattform wächst und die Inhalte wachsen, müssen wir uns tatsächlich darüber Gedanken machen, wie wir da Leute einstellen. Und also so wie Instagram, die machen das ja auch. Die haben ja auch ganze Abteilungen mit zigtausend Leuten, die nur über den Content drüber schauen. Abgesehen von der künstlichen Intelligenz, was sie da nutzen, um das vorzusortieren, was mehr oder weniger mittelmäßig bis schlecht funktioniert. Das haben wir alles natürlich nicht. Wir gucken da per Hand manuell drüber und dann sortieren wir das aktiv aus. Und Also, wir zensieren nicht, also wenn wir sagen, okay, es ist geschmacklos, aber wir lassen es, weil wir wollen ja nicht hier zensieren. Also wenn das halt nun kein Mehrwert-Content ist, was sollen wir da machen? Also das sortieren wir dann nicht aus. Aber wenn das halt natürlich entgegen unserer Regeln entspricht, wo wir sagen, das wollen wir nicht. Abgesehen davon, wir müssen sexualisiertes Zeug sowieso aussortieren, weil OnlyFans, wenn man da mal genauer liest, die haben zum Beispiel, wir haben einen Payment-Anbieter, den kann OnlyFans zum Beispiel gar nicht benutzen. ja, es Weil hat die ja. sagen, das hat viel weitere Tragweite, als sich manche eigentlich vorstellen können. Das heißt, ist ja- wenn jemand unsere Keencoins nicht mehr kaufen kann, dann ist die ganze App irgendwie Das ist nutzlos. eigentlich genau das Gleiche wie es hat ja mal eine Zeit gegeben, wo OnlyFans in der Diskussion gestanden ist bei den Kreditkartenunternehmen, wo gesagt Ja, genau. hat, hey, ihr dürft keinen sexualisierten Content mehr aufladen. Ja, weil genau, das dann haben nicht- sie es versucht. Ja, Ja, und aber dann ist die sobald- Plattform ja. gestorben und das Gleiche ist prinzipiell auch noch mit Tumblr ein bisschen passiert. Ja, ähnlich. Aber die Plattformen, die wollen dann raus, aber sobald du einmal in dieser Ecke warst, kommst du nicht mehr raus. Ja, es ist vor allem, ich meine, mit sexualisierten Inhalt kannst du recht schnell recht viel Geld verdienen, aber es ist halt auf kurze Sicht. Es ist Ja, so, Aber ganz ehrlich, ich frage mich dann immer, wo der Mehrwert ist. ja, also, es hat so, ich meine, Pornoseiten gibt es wie Sand am Meer und vor Ja. allem so kostenloses Zeugs und auch so unterstützendes Zeugs, so ähnlich wie OnlyFans. Es gibt genug Content Creator, wo sich die Leute können austoben und ja, ich meine, das braucht jetzt nicht nochmal ein neues OnlyFans. ja, Von dem her, ja. ja, genau. Fand ich auch, ja. Ja, also wir würden, damit das nicht so passiert, machen wir Active Measurements, damit das eben nicht passiert. Wir steuern das ein bisschen. Gut, gehen wir zur nächsten Frage. Hat Tapkin eine Rechtsabteilung? Nein. Ja, da müssen wir halt schauen, ne? Dass wir den einen oder anderen Anwalt das ein oder andere Mal bezahlen müssen. Das sind outgesourcete Dienstleistungen. Ich weiß gar nicht, ob man sowas schon mit ChatGPT vernünftig machen kann. Ich habe immer Angst, dass das nicht rechtssicher ist. Ja, es kommt halt immer darauf an. Manchmal gibt es da halt ein rechtes Zeichen an, aber für gewisse Sachen Aber es kannst du wird schon recht echt gut mittlerweile. Es wird immer besser. Ich meine, ich habe letztens ein Video gesehen von ChatGPT 4, Ja. wie es der Sohn und sein Vater hocken am Tisch. Und er so, ja, ChatGPT, mein Sohn hockt neben mir und er hat das Math-Problem. Kannst du ihm das
helfen lösen, ohne ihm die Lösung zu sagen. Und dann fängt er an zu reden und so. Und du denkst so, Digga, wir brauchen keine Lehrpersonen mehr. Alter. Lehrpersonenmangel Sehr geil. ist ein Ding für die Vergangenheit. Ja, gut. Ja. Ich bin ja der Meinung, dass die Juristerei so eine der. Viele sagen ja immer so, ja, hier IT wird abgelöst, aber künstliche Intelligenz ersetzt keine Menschen. Das ist ein Unterstützungstool. Das ist, du kannst das als Ergänzung nehmen, aber Ich es meine, ersetzt keinen. Und in der Juristerei ist so wenig digitalisiert. Ich meine, wir hatten für die Firma das ein oder andere langweilige Geschäftszeugs, was man halt so machen muss, wofür man manchmal einen Notar oder einen Anwalt Ja, braucht. Der setzt auch ja. nur ein Stück Papier auf, was irgendwo in seinem Tisch liegt und was schon fast fertig ist. Aber du kommst nicht ran, weil das nicht digital irgendwie, das ist nicht irgendwie das oder so Stack Overflow für Anwälte oder so. Ja, da gibt es vielleicht legal.stackoverflow.com, aber trotzdem ist das nichts, wo du dann sagst, ja, aber dann hast du ja nichts Internationales. Du hast das dann in Deutschland und in der Schweiz ja noch mal mit leichten Feinheiten, Unterschieden. Aber ich glaube, genau deshalb wird es dort den größten Impact machen. Weil so, du kannst ja Gesetze, die kennt ChatGPT ja alle. ja. Und dann kann das kann viel besser subsumieren als ein Anwalt vielleicht, weil der vielleicht nicht an alle Parameter denkt. Wenn wir Und dann schon vielleicht sollten wir unsere AGB, ich sag einfach, nimm die AGB von PayPal und reduziere sie um 90%, hol mir das Wichtigste raus und apropos Anwalt, ja. ich habe ja gesagt, eigentlich hätte ja sollen die Janus Christus anwesend sein, aber er Ja. hat dann sich umentschieden. Er hat es leider nicht geschafft. Ja, er hat es leider nicht geschafft. Aber er hat mir eine Grußbotschaft angelassen. Das ist schön. Also ein paar. Yo, da ist der Janus Christus. Ich wünsche am Luzi alles Gute zu seinem 100-jährigen Jubiläum. Wirklich. Machst nochmal 100 Jahre. Wir stehen alle hinter dir. Ja, einfach geiler Hype. Mach weiter, wir verfolgen die Projekte. Du hast nochmal einen Bass machen, dies, das, Ananas. Wirklich einfach top. Ja, top Unterhaltung, muss man echt so sagen. Warte, Jimma mag noch etwas dazu sagen. Ja, hallo, ich bin's, der Jimma, Vorzeigerapper aus Chur. Luzi, du machst so gut, ich stehe hinter dir. Okay, danke, Jimma. Ja, hey, macht's gut im Stream. Ich grüße alle Leute im Live-Chat. Deine Gäste, let's go da also. Ja, Schön. ja, ich habe ein paar Sprachnachrichten bekommen. Ja, hallo, da ist die Caroline. Ich wünsche dem Luzi alles Gute zum 100-Jährigen. Dann habe ich nochmal einen bekommen. Luzi, ich bin's, der Geist von deinem Urgroßvater. Ich wünsche dir alles Gute zu 100 Abonnenten auf YouTube. Lass dich richtig feiern und sag denen lieben Leuten von Tapkin, dass sie dir mal mehr Geld geben sollen für deine wichtige Arbeit. Sonst werde ich sie jagen in ihren Träumen. Da habe ich eine Sprachnachricht bekommen von meinem Anwalt. Guten Tag, liebe Luzi, da ist dein Anwalt. Du weißt, wir haben auf nationaler Ebene keinen Mindestlohn, aber ich hätte dich einfach darüber in Kenntnis setzen, dass die Beträge, die dir Tapkin für deine Videos zuspielt, wirklich da schon sehr am Minimum kratzen. Wir könnten da locker mit einer, sagen wir mal, so einer geschickt ausgespielten Verfahren könnten wir da schon ein paar Millionen aus Tapkin rauspressen. Leute mir doch mal zurück, oder sag ihnen einfach, sollen da mehr Geld geben. Ah, deswegen die Frage nach der Rechtsabteilung. Wir sind da ziemlich machtlos. Ich glaube, wir können einfach nur noch investieren. Ich merke schon, ja. Ja, und da habe ich nochmal. Sobald wir die Servergebühren nicht mehr bezahlen können, weil alles in den Luzi geflossen ist und Tapkin tot ist und nicht mehr erreichbar ist, Hey, du wisst kannst- ihr, Du kannst doch, machst doch so wie alle anderen Firmen. Investierst so viel Geld, wo du dann nachher die Steuern kannst absetzen. aber du kannst nur Steuern absetzen, die du bezahlt hast, auf die Gewinne, die du gemacht hast. Wir machen keine Gewinne. Ja, das ist blöd.
Oh, ich habe schon gedacht, ich habe ein Loophole gefunden. Ja, man kann quasi vorinvestieren. Aber das machen wir ja schon seit ein paar Jahren jetzt. So eine Plattform brauchst du ja nicht innerhalb von ein paar Monaten. Klar, kannst du innerhalb von ein paar Monaten den MVP bauen und das sind Prototypen und sowas alles, aber du hast ja dann trotzdem noch die Zeit, wo du sagst, ja, jetzt wollen wir das richtige Produkt bauen. Gut, du brauchst erstmal Nutzer. Die Nutzer können sich nicht auf dem Prototyp MVP nur registrieren. Dann musst du Werbung machen, dann muss das eine Weile laufen. Überleg mal, wann du angefangen hast, dann auf das erste Video, die ersten User, die du auf die Plattform gebracht hast, aber wann wir angefangen haben. Und mach doch mal einen Tab auf und dann kannst du kurz, ich habe da mal was gebaut, um so eine kleine Timeline. Tapkin, oder? Ja, achso, nee, ja, geh mal auf Tapkin. Ja. Tapkin. Und dann geh mal auf ach nee, stimmt, das war. Achso, geh mal auf Kontakt. Und dann Produkte. Ja, scroll mal ein Stück runter. Noch ein Stück. Ach nee, doch nicht, sorry, das war doch auf Tapkin. Oh ja, siehst du, ich vergesse schon, wo ich das habe. Über. Ah, da ist so ein Über, genau. Ja, da. Genau. Ja. Steht so ein bisschen wie wann das angefangen hat. Also die erste Idee für das so was anderes hatte ich natürlich 2018, das war eine andere Zeit, aber so die ersten Ideen für Ja, damit habe ich auch gesehen. komisch, hatten wir das Ding nicht in Deutsch übersetzt? Ist ja eigenartig. Jetzt kommen wir hoch, haben wir die Seite nicht in Deutsch? Doch? Ah, in Englisch. Ah, ja, machen wir in Deutsch. Wenn wir in Deutsch, dann können wir es ja auch in Deutsch. Oh ja, das ist auch in Deutsch alles. Sehr schön. Und unsere tolle Designerin hat dieses geile Bild gemalt. Ich sage ja einfach, was ich möchte und die spuckt dann was Geiles aus. Die macht das echt alles per Hand. Und Okay, cool. das ist immer wieder echt schön. Ja. Und also angefangen hat das so 2019, 2020 so in dem Dreh. Da hat es dann so angefangen. So, und du hast dich 2023, 2024 gemeldet und na, das sind 2-3 Jahre vergangen. Ja. Und das ist 3-4 Jahre. Ja, siehst du, und das dauert halt einfach. Ja, Und- vor allem, was ich an euch sehr schätze, ist halt, dass ihr nicht von Anfang an jetzt zu Investoren säckelt, um euch Geld in den Arsch pumpen lassen, für das, dass ihr etwas auf die Beine stellt und dann nachher eine Art wie fallen lässt. Das gibt auch noch recht viel, wo das machen. Suchen jetzt Investoren, dann pumpen das Geld rein, haben vielleicht dann noch eine Userbase, aber wo du nie kannst brauchen und verkaufen die Step und verpissen sich mit dem Geld. Ja, eben. Ja, so Elon Musk-Style, ne? PayPal vom Grund auf aufbauen und dann einfach verkaufen, das ist Ja, irgendwie. genau. Ich glaube dann, was würde als erstes kommen? Ich denke, die Leute würden, weil die Plattform macht einfach keinen Umsatz so richtig bis jetzt, zu wenig Keencoins-Käufe und dann, damit das aber stetig Geld reinpumpt, würde man halt sagen, ja, Premium-Content und Werbung. Ich denke, das wäre das, was passieren würde. Und dann würde früher oder später kommen, ja, die jungen Leute spricht das ja eh an, die Alten verstehen nicht, was das ist. Also Algorithmen rein. Weil das ist ja das, was die jungen Leute von heute gewöhnt sind. Ja. Ja, und dann hast du ein zweites Instagram eigentlich. Ja. Und das ist ja, und dann kannst du es auch wieder in die Tonne kloppen. Ich meine, was war damals? Das war, kennst du StudiVZ? Das war so Ich in hab Deutschland das- so ein Ding, was Ja, das ist so, etwas das vom ist Ersten gewesen, wirklich. gleichzeitig wie Facebook entstanden. Mhm. Aber das war sehr auf so Studenten, weil Facebook ist ja dann so in die Allgemeinheit gegangen, so kann ja jeder. Und StudiVZ war so eine Art, so nur für Studenten gedacht. Ja. Und was die dann noch so hatten, sind so diese komischen Gruppen, wo sich Leute mit gleichen, so quasi, was Facebook witzigerweise erst später gemacht hat, Facebook-Gruppen. Okay. Das kam ja erst ein bisschen später und StudiVZ hatte das schon ein bisschen vorher. Also die hatten beide ein Unique-Zeugs und dann ist StudiVZ aber nie gewachsen und nicht bekannt geworden, weil die dann auch irgendwie die haben dann irgendwie angefangen, glaube ich, Facebook zu kopieren. Ich weiß nicht so genau, was da der Grund war, aber das ist halt,
muss man halt schauen, dass man so seine Eigenheiten behält. Ja, weil ich meine, sonst bist du einfach Instagram 2.0 und dann fragen sich die Leute umso mehr, ja, wieso soll ich jetzt auf deine Plattform wechseln, Ja, genau. wenn ich auf der anderen viel größere Reichweite schon von Ja. Anfang an habe. Ja, und auch monatliche Subscriptions brauchen wir nicht. Dann sagen die Leute, ja, ich bin ja schon auf Patreon. Ja. Gut, dann sponsert Tapkin auch andere Sachen als der Luzi. Noch nicht. Aber das ist wahrscheinlich the way to go, glaube ich mal. Ja, haben uns jetzt ein bisschen informiert, wie wir das machen können, was so auf was man achten muss, auf welche so Abonnentenzahlen, Followerzahlen, welche Plattform. Da sind ja mittlerweile schon sehr fixe Beträge, haben sich da im Internet etabliert, was man pro Post, pro Video, pro auf die Abonnentenzahl, die Häufigkeit, wo das eingebaut ist. Und dann kann man da fast einen genauen Preis berechnen, wie viel man da investiert. Okay. In dem Fall ist das alles so schon recht fix. Hä? Ja, aber schon, da ja. reden wir halt von Followerzahlen. Über. Teilweise Followerzahlen, teilweise wie lang, ne? Interaktionszahl. Ja, gut, das ist jetzt vielleicht nicht so leicht messbar, aber die Follower und die, na, ja, oder halt Abonnenten, monatliche Abonnenten, kann ja auch ein YouTuber sein oder sowas, ne? Und ja. Ja, also das wäre mal die harmlose Frage. Jetzt kommen wir zu der Frage, wo wir uns beide davon distanzieren, weil weder ich noch der Jochen haben die Frage gestellt. Die kommen alle von einem gewissen Herr, der es ein bisschen zu ernst genommen hat mit unernsten Fragen. Los jetzt, ich will's hören, ich Also, will lachen. der Raffi kennst du ja. Ja, klar. Ja, Ich dachte, die kam vom Raffi. ja, die sind auch alle vom Raffi. Oh nein. Und sonst haben kaum Leute Fragen gestellt? Der Janus Christus hat gesagt, er will Haben wir, eigentlich was noch ist, ein paar. achso, ich glaube, wir müssen den Chat wieder anmachen. Ne? Ah, Nicht, dass wir hier Fragen verpassen. No, okay. Okay. Das ist ja hält sich ja also, der Raffi hat gefragt, nein, zuerst machen wir die vom Luca. Wie viele Luzis braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln? Nur einen. Der ist kompetent. Hä? Danke. Wenigstens jemand, der es gemerkt hat. Nimm das NRT. Und nimm das Scope und nimm das Budget. Ja, okay. Hat er eine Antwort geliefert oder nur die Frage? Nein, er hat nur eine Frage gestellt. Also das ist der Luca, ein Kollege von mir. Sehr gut. Er hat dann nochmal eine geschickt. Was ist so der Average Bier pro Shot Count? Was? Ich komme auch nicht raus. Bier pro Shot Count. Also wie viel Average- Bier trinkst du pro Shot, was du trinkst? Oh. Also ich denke, dass es so ist. Ja. Ich glaube, kommt drauf an. Wenn das ein Wurzelsepp ist, brauche ich ein gut ganzes Bier hinterher. Ja, fair. Wenn nicht sogar 1,5 Bier hinterher. Ja. Kann ich da wieder komplett machen. Ja. Ja. Dann haben wir, wie gesagt, die sehr grenzdebilen Fragen. Auf geht's. Stimmt es, dass 3 Liter Wurzelsepp über die Theke ging am sonnigen Sonntagnachmittag? Ich glaube ja. Ja, Es waren 3, aber warte mal, in so einer Flasche sind nur 0,7, ne? ja. 3, das wären ja 4 gute 4 Flaschen. Also sind die ganze Zeit Ja. liegt bei mir Wurzelsepp. Bei Also, mir auch. Ich meine nur Und so als, wir waren nur 2 Stunden da und dann sind da noch 6 Stunden danach gewesen. Oder ich mehr, meine ne? so als Kontext für die, wo gerade zulassen. Ich und der Jochen haben an einem Kollegen ausgeholfen beim Evolution of Hardstyle in der Roten Fabrik. Und wir haben die erste Barschicht zusammengeschmissen. Und der Raff ist so Fan von Wurzelsepp.
Und das ist ein richtig grusiger Wurzelschnaps, der auch noch brennt wie die Sau. Und der Und- ist auch noch so scharf, ne? Also Ja, das ist nicht, der ja. brennt nicht nur vom Alkohol, Nein, sondern der das ist so wie gefühlt wie Ingwer und Chili mit drin, aber das Ja, ist nicht drin, ja, aber ja. ja. Und der Raffi hat halt einen hohen Hype. Also ich habe auch schon mal eine Flasche von ihm bekommen. Ich glaube, ich habe einen Shot von dieser Flasche mal genommen. Und er hat jedes Mal, wenn extra spezielle Gläschen und keine Ahnung, das Zeug ist gelaufen wie Sau. Ja. Alle 10 Minuten ist gekommen, ich will noch mal einen Wurzelsepp. Ja, trinkst du auch einen mit? Und ich jedes Mal so, ja, Oh okay. Gott, eigentlich hat mich das keiner gefragt. Ja, ja, sicher, also 2-3 Wurzelsepp habe ich müssen mittrinken. Also Ja. ja, das stimmt schon, dass das 3 Liter dort Das weggegangen glaube ich sind, auf alle oder? Fälle, ja. Stimmt es, dass Tapkin eigentlich ein Schneeballsystem ist, um Geld zu wäschen und Drogen zu traden? Hä? Jetzt hat er voll exposed. Jetzt fühlst du dich Scheiße. voll. Jetzt ist das alles Jetzt aufgefallen. hat er mich Eigentlich, erwischt. eigentlich bin ich ein kolumbianischer Drogenboss. Welche Rolle spiele ich da? Ja, du bist der Mittelsmann, du tust Okay. mir das Geld waschen. Oh. Ja. Deswegen gibst du mir Geld. Nein, das macht keinen Sinn. Also, nein, es ist kein Schneeballsystem. Ich frage mich, wie man, nee, doch, schon spannend, wie kommt man drauf? Also, wieso eigentlich Schneeballsystem? Ja, das hat er einfach reingeschrieben, um der Raffi ist alles so. Ach so. Ja, die Ja, Frage darfst du aber nicht ich meine, zu ernst nehmen. vielleicht hat er sich auch was und wollte das gerne triggern. Vielleicht will er sowas hören. Lass uns überlegen. Lass uns das doch selber, Also, es wäre selber ja, in Frage stellen. Schneeballsystem ist ja ein Multilevel-Marketing-System. Also unter anderem, ne? Also Ja, nicht, ja. ja. Also, Also so eine etwas Form- wie Healy zum Beispiel. Ja. Also wenn wir jetzt überlegen würden, wenn wir mehr User bräuchten, nein, das geht nicht auf. Wenn Leute Keencoins investieren, sagen wir 5 Leute investieren Keencoins, Ja. kommt das am Ende aufs Gleiche raus, als wenn 50 Leute Keencoins investieren. Mhm. Man muss einfach ehrlich sein, im Idealfall zirkulieren die Coins. Aber wir müssen immer damit rechnen, dass 80% dieser zirkulierenden Coins in eine Auszahlung gehen würden. Oh, sorry. Mhm. Und dann müssen wir dann zahlen wir das aus. Aber das wird ja nicht, nee. Nein, das funktioniert nicht. Hast du nicht so viel studiert, Herr Raffi, ja? Was haben wir noch? Ja, noch ein paar, du. Es werden immer ganz debil. Stimmt es, dass der Gründer von Tapkin Hardbase-CDs sammelt und die Sammlung Lücken hat? In der Tat. Ich habe jetzt letztens bei so einem Online-Ding tatsächlich 50% der Chapters von der Hardbase Chapter Sammlung als gebrauchte CDs gekauft. Okay. Online bestellt. Die liegen bei meinen Schwiegereltern. Die muss ich dann bei der nächsten. Ja, das war ein bisschen schwierig. Also hier in der Schweiz habe ich es nicht bekommen und dann habe ich es erstmal nach Deutschland bestellt und werde mir die dann abholen. Ja, sie hat Lücken, die Sammlung. Durchaus. Oh. Das Niveau sinkt. Nein. Stimmt Was es? singt das Niveau denn heute? Hä? Was singt das Niveau heute? Sehr. Es war ein Dad-Joke auf die Frage oder auf die. Ja, Ich da wollte war- das Niveau beibehalten. Lassen wir es niedrig. Okay. Ja, jetzt kommt ein Tiefliger. Ich passe mich dran an. Stimmt es, dass alle auf Tapkin AIDS haben? Uff. Wie gesagt, wir distanzieren das. Beide von diesen Fragen, wir haben nichts damit zu tun. Das war alles der Raffi, gewesen, der solche kritische Fragen gestellt hat. Ey, wir schämen keine Krankheiten, das machen wir einfach nicht. Nein, Nein. das ist unter unserer Würde. Da auch nur einen Kommentar dazu zu verlassen. Stimmt es, dass Mark Zuckerhut bereits ein Profil hat? Mark Zuckerhut. Ja. Was? Nee. Leider nicht. Oder gut, ich weiß es nicht. Wie wäre jetzt die politisch korrekte Einstellung? Nein. Heißt der nicht eigentlich Zuckerberg? Ja.
Danke. Die Stimme Danke, aus dem Off. Regie aus der Küche. Ja. Gibt es einen Markt Zuckerhut? Zuckerhut. Da kommt der. Die Ergebnisse sind Da gut. hat es einen Markt Zuckerhut. Ja, na, das ist klar, ne? Und das ist, wie, was Er hat hat er, nicht mal das drei Follower? Profilbild drauf, ich bin enttäuscht von dir. So, dann haben wir da. Stimmt es, dass man einen Bass gewinnen kann, wenn man sich anmeldet? Nein, das stimmt jetzt nicht ganz, weil. Es hat gestimmt. Falsche Zeitform. Konnte. Beziehungsweise nein, du musst ja nicht nur auf Tab Oh ja, stimmt, du musst es ja kommentieren. Ja, du, Ja, musst, du genau. musst schon dem Luzi folgen. Ja, also das hätte Also noch muss gereicht, nicht, Mann. technisch muss man nicht folgen. Es hätte gereicht, einen Kommentar zu machen, da ja jeder Post öffentlich sichtbar ist. Das ist noch so ein Feature, was wir einbauen wollen. Was hältst du davon? Wir werden, Ja. wir werden in die Einstellung packen, wenn du einen Post machst, wenn du mal aufs Plus gehst. Dann werden wir hier noch was dazu packen, dass die. Mach mal einfach Textpost oder sowas hier. So, musst ja nicht posten. Dass wir hier noch was dazu machen wie öffentlich für alle. Oder nur für. Oder Follower. nur für deine Follower. Oder nur auf innerhalb der Tapskin-Blase sozusagen. Das heißt, jeder, der sich auf Tapskin registriert hat, Aha, kann das sehen. Oder nur deine Follower. aha. Oder alle, die sich nicht registriert haben. Und dann kommt nämlich das Folgende. Wir wollen nämlich wahrscheinlich sowas einbauen, dass wir eine simple Webansicht von Posts machen kann. Okay, okay. Das ist so, dann kommen wir nämlich so ein bisschen da raus, dass halt nicht jeder erst die App runterladen muss, ich glaube, das ist vielleicht so ein Ding, wo manche Leute sagen, ja, wer weiß, ich will die jetzt nicht runterladen, ich weiß ja nicht, vielleicht ist da nichts oder so. Das ist Ja, ja. ich aber weiß, es was du würde natürlich erfordern, dass Leute Posts sharen können. Kannst du mir einen Screenshot davon schicken? Das Zurücksetzen, der Button, der hat einen Zeilenumbruch in dem. Schick mir den mal, das muss ich mal weiterleiten. Dass wir. Das hatten wir eigentlich schon mal, komischerweise. Ja, merci. Gut. Ja, das sind immer so die kleinen Sachen. Das wird jetzt natürlich ein paar Wochen dauern, bis das dann irgendwann mal in der App sichtbar ist. Aber so ist das eben. Das gebe ich einem Entwickler, der fixt das. Und dann muss das natürlich auch getestet werden, damit der Button immer noch seine Funktionalität behält. Ja, ja. Und dann ist das irgendwann in einem Monat im Store oder so. Oder Ja. später. Wieso dauert das so lange? Ja, die Antwort ist ja. Okay, die letzte Frage, die wir hier haben, ist wieder sehr niveaulose. Komm, hau raus. Stimmt es, dass man für die Registrierung einen positiven AIDS-Test braucht? Oh Mann. Junge. Füße hoch, der kommt flach. Ich glaube, ich brauche ein Bier. Willst du eins? Ich habe Kühlschrank. Ja, lass uns Ziggy-Pause bald machen. Äh. Haben wir noch Fragen? Nein, momentan ist es, glaube ich, gut. Wir haben gerade nichts. Sonst schalte ich mal auf die Ziggy-Pause, weil da kommen immer mehr Zuschauer dazu. Und sonst können wir nachher noch ein bisschen weitermachen, wenn du Lust hast. Ich will noch ein Gitarrensolo holen. Ein Bass-Solo am liebsten. Okay, kann ich auch machen. Nach Schau, der was- Ziggy-Pause Bass-Solo? In dem Fall. Also Geil. bleib dran. Ich bin gerade wieder da, ich bin nur mal kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi-Pause-Song. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au!
gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was Flamingo? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Hey, auf dem Schmine zu stehen. Du Luzi, bevor ich bin, mach einfach irgendetwas. Was ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bist du, hey, ich schmier eins. Ja, den halt. Ich fühle mich richtig Profi, dass ich nicht mache. Ah, komm on, du, das ist schwierig. Ich verdiene eh kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich kann Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder die BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner, elendiger, Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay. Der Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Ah, wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, von vorne. Ja, ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen.
ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Deine Mutter hat mir gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo. Und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was will der da? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine zu stehen. Du Luzi, wir fahren dich bei. Mach einfach irgendetwas. Was? Ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bist du, hey, ich schmier dir eins. Ja, den halt. Ich fühle mich richtig Profi, für das ich nicht mache. Ah, komm on, du, das ist schwierig. Ich verdiene eh kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur mehr Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du. Ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich kann Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder die BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner, elendiger, du kleiner, elendiger Hurensohn. Wieso bist du so fies zu mir? Hurensohn, jetzt kommt der City-Sohn. Okay.
der Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötchen nehmen. Meine Lungen provozieren. Das ist der Luzi-Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Er sind schon verdammte Schafsäcke. Wirklich, in der Ziggy-Pause habe ich immer am meisten Zuschauer. Wenn ich wieder online komme, läuft wieder die Hälfte. Gottverdammt nochmal, das kann es doch einfach nicht sein. Du Knoll, ich gebe dir jetzt diesen Huren Awareness-Konzept durch, du. Das sagt er jetzt aber, du. Ja, sorry, gell, ich streame seit fast 9 Stunden. Und, ja, ich habe wahrscheinlich mehr gestreamt wie die Ziggy-Pause gemacht. Von dem her, hey, hallo. Ich muss da gesetzliche Ruhezeiten einhalten, oder? Ja. Ja, was läuft so bei euch, hä? Sind da alles fit im Schritt? Keine Panik auf der Titanic? Ja. So, ab jetzt könnt ihr so ein bisschen entscheiden, was wir wollen machen. Wir könnten auch ein Let's Watch Together machen. Ich könnte euch etwas vorspielen, etwas singen. Ich habe hier akustische Gitarre. Ab jetzt könnt ihr so ein bisschen entscheiden, weil Jochen kommt jetzt dann wieder zurück und dann könnt ihr sonst noch ein paar Fragen auf Tapkin von ich kann langsam nicht mehr reden. Ich könnte dir ein paar Fragen zu Tapkin stellen und ja, Jochen allgemein ein bisschen Fragen stellen, wieso dass er mehr Geld gibt. Es liegt ein bisschen alles in eurer Hand. He? Ja. Du bist zu Paris? Nice. Ist doch schön, oder? Wie ist das Wetter dort unten? Hure Franzosen, du. Kann ich jetzt sagen, weil die Franzosen mich eh nicht verstehen. Ja. Naja, Sachen gibt es noch. Ich kann sonst einfach ein bisschen Gitarre spielen. Ja, ist da. Wenn ich weiss, wo ich die akustische Gitarre gepackt habe. So I feel alright. So I feel to die. So I feel to cry.
I am dying inside. So I feel like a piece of shit. So I grab a hit from the big mighty tent. Just a little lick from the devil's I am dying, I'm flying down the mental pit. Please take my hand until the very end. Da-da-da-da, da-da-da. Da-da-da-da, da-da-da. Da-da-da-da, da-da-da. Da-da-da, da-da-da. Why I feel alright. Why do I feel to die? Why does it make me cry? I'm still dying inside. Da-da-da-da, da-da-da. Da-da-da-da, da-da-da. Da-da-da-da, da-da-da. Da-da-da-da, da-da-da. Ich habe by the way auch Songwünsche, Dingsle einfach in den Chat schreiben. Weil ja, ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Ich habe Gitarre in der Hand. Also natürlich nur Songs, wo auch Tabs im Internet hat oder Chords oder so. C, F, G. Warte kurz, du willst einen Peach Weber Song, ich gebe dir einen Peach Weber Song. Da ist kein Problem. Peach Weber. Überall hat's Bildli dran. Chords. Peach Weber, überall hat's Bildli dran, Bildli dran, Bildli dran. Ich hasse da, ich hasse da, ich hasse da, ich hasse da. Ja, ja. Ich finde gerade keinen Peach Weber Song da drauf. Was ich jetzt gerade spontan könnte machen wäre.
Ja komm, Mani Matter. Ich habe jetzt Zündhölzchen angezündet. Zündhölzli Chords. So. Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für Zigaretten 4 vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Und es hat noch fast ein Loch im Teppich gegeben davon. Ja, man weiss, was kann passieren, wenn man nicht aufpasst mit Feuer. Und für Glut an Zigaretten ist ein Teppich doch nicht zu teuer. Und vom Teppich hat es einen Gruß, können das Feuer ins ganze Haus. Hat einen Waldbrand gegeben und Menschen... Oh fuck, ich bin voll verschoben. Es hat einen Brand gegeben im Quartier und es hätte die Feuerwehr müssen kommen. Es hätte gehornet in der Straße und den Schluch vom Wagen genommen. Und sie hätten Wasser gespritzt und das hätte gleich nicht genützt. Und die ganze Stadt hat brennt, es hat auch nichts mehr geschützt. Und Leute wären rumgesprungen in der Angst um Hab und Gut. Hätte gemeint, sie hätten einen Fügel, hätten gestunken, Kreuer Wut. Alles hat berührt, wer ist schuld? Das ganze Land, die haben Tumult, dass man geschossen hat auf Bundesrat am Rednerpult. Duno hat interveniert und Duno Gegner sofort da. Für die Schweiz den Frieden zu retten, er will mit Panzer kommen. Also aus den Tatis nach auf Europa, Afrika. Es hat einen Weltkrieg gegeben und Menschen wären jetzt nicht mehr da. Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Und ich habe für Zigaretten das Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davon gespickt auf den Teppich gekommen. Gott sei Dank, dass ich's vom Teppich wieder fort habe genommen. Ja, Mani Matter ist halt schon geil, du. Mani Matter ist schon der geil, sich. Was ich auch noch habe, wäre «Schenke dir mein Herz» von Zürich West. Mein Herz, mehr habe ich nicht, du kannst es haben, wenn du willst, es ist das Gutes und es gibt noch Menge, was es nehmen, aber dir will ich es geben. Und Zeller ist eine kleine Bar irgendwo in dieser Stadt und ich bestelle einen Whisky, hocke irgendwo ab, wo es keinen Platz hat, und schaue ein bisschen um, so umeinander hocke aber kennen, tu ich nie mehr hier, überall hocke Leute, ihre Schappos, kommen gegen Frauen. Überlanden, Flügel aneinander, reden etwas über niedergenommen, ich bin alleine. Und rechts das Licht, hier und da verschwinden wieder zwei, irgendwo, irgendein ist getindet. Und kommt auch ein Vorhang auf. Hier vorne hat es eine Bühne, auf der Bühne steht eine Frau, in der Unge noch so erst so eine Show zeigt. Plötzlich, dass irgend so ein Hang auf mich an, ja, drehe mich um und neben mir hockt der, den ich nie vorher gesehen und fragt, ob ich alleine sei und sie sind auch allein. Man soll nicht überlegen, wie gefallen ihr noch so, sie will einfach ein bisschen reden. Vielleicht sollte ich ihr auch sagen, es sieht schön aus, sie ist schön, nicht mit schönen langen Haaren. Ich habe mich nicht nervös, klar habe ich getrunken. Und mit jedem Schluck hat sie mir noch ein bisschen schöner angefangen und nach jedem Glas Champagner habe ich gegen noch eins wollen. Ich hab zahlt, bis ich einfach nicht mehr können und hab gesagt, hey, wenn wir nicht zu mir oder so. Und sie hat gesagt,
könnte es so verwöhnen, dass in einer halben Stunde könnte ich kommen. Sag mir einfach nur an, wie viel, sag ich viel, wie viel gibst du mir, wenn ich komme. Ich schacke dir mein Herz, mehr habe ich nicht. Du kannst es haben, wenn du willst, es ist ein Gutes und es geht. Noch manche muss ich nehmen, aber dir würde ich es geben. Oh, ich schacke dir mein Herz, mehr habe ich nicht. Du kannst es haben, wenn du willst, es ist ein Gutes und es geht. Noch manche muss ich nehmen, nur mit dir würde ich es geben. Ja, soll jetzt noch eine Runde Wonderwall spielen? einfach zum Klischee bedienen. Wonderwall. Da bräuchte ich wahrscheinlich schon fast einen Capo für das. Wenn ich jetzt gerade einen finde, spiele ich eine Runde Wonderwall. Da ist mal einer reingegangen. Einmal. Hey. Ja, in dem Fall nicht. He. Hallo, ich kann nicht alles haben im Leben. Das mache ich halt ohne. Wonderwall. Oh, F Major 7 Chord. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Oh ja, stimmt. Ich habe glaube ich eine Grußbotschaft habe ich geskippt, aber die kann ich nachher nochmals spielen. Also nur wenn du das willst. Und es ist gerade noch irgendwelche Songvorschläge oder auch aus dem Publikum. Aus dem Live-Publikum. Keine Ahnung, mehr. Ja. With abuse and my life is still trying to get that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that a hope was made of this brotherhood of men, or whatever that means. And I cry sometimes when I lie in my bed just to get it all out my head, and I'm dreaming a little peculiar. And I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath, get real high and I dream on top of my lungs what's going on. And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? Down, 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 down. Ja, weiter kann ich auch nicht mehr tun.
Du kannst Kickapoo. Longest fucking time ago, in the time called Kickapoo, lived a humble family, which is true and true. Here was a black sheep and he knew just what to do. Fuck, war kurz, das geht anders. Nein, es sitzt, glaube ich, noch im Kopf. Kickapoo. Chords. This fucking time ago in a town called Kickapoo, there lived a humble family, riches through and through. But hey, there was a black sheep and she knew just what to do. His name was young JB and he refused to step in line. A vision he did see, the fucking rocking all the time. He rode a tasty jam and all the planets still alive. All of the rugged sports placed and a step into his cage. All the fucking couples with a long and shiny blade. The side of fuck the dragon, fuck a lie, sing fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Get it all in the party zone. Get it loud in the party zone. So, ich muss ein bisschen scrollen und jetzt genau das Pleck. Okay. Also, gotta on the load in the party zone. Gotta shoot alone in the party zone. Gotta load the town in the party zone. Go the second show in the party zone. Disobey my orders, son. So why ever born? Your brother's 10 times better than you. Jesus. Jesus loves him more. This music that you play for us comes from the depths of hell. Rock and roll's the devil's work. He wants you to rebel. You become a mindless puppet, Beelzebub will pull strings. Your heart will lose direction, and chaos he will bring. You better shut your mouth, you better watch your tone. You're grounded for a week with no telephone. Don't let you cry, don't hear me moan. You're gonna praise the Lord when you're in my home. Dio, can you hear me? I'm lost and so alone. I'm asking for your guidance. Would you come down from your throne? I need a time compadre who will teach me how to rock. My father thinks you're evil, but man, he can suck a cock. Rock is not the devil's smirk, it's magical and rad. I will never rock as long as I'm stuck here with my dad. I hear you raving tables, you're hungry for the rock. But to learn the ancient methods, secret doors you must unlock. Escape your father's clutch in this oppressive neighborhood. On the journey you must go to find the land of Hollywood.
In a city of fallen angels, where the ocean meets the sun, you will find a strong alliance and the world's most awesome dome. You'll find a fair fortune through the valley you must walk to find. You will face your inner demon. Now go, my son, and run. Oh. Hä? Ja, der Song ist hure lang, der dauert viel Teil. Ja, that's kinda it, huh? I just clicked wrong, huh? Danke vielmals. Haben Sie sonst gerade noch irgendwelche Wünsche? Es ist halt ein bisschen abgehackt, weil ich selber nicht scrollen kann, währenddessen dass ich Gitarre spiele. Da hat er sicher etwas falsch gemacht. Ja, ich habe mich verklickt. Ich habe mich einfach so verklickt. Das war eben das Intro. Ja. Kannst du eine A Cappella-Version vom Döschwo-Song machen? Ich bin der Luzi. Ich baue ein Döschwo. Ich bin der Luzi. Ich baue ein Döschwo. Nein, das ist nicht möglich. Ich schreibe mir. Hä? Schlecht. Ja, ich schreibe mir doch nie Chords auf bei diesen Songs, die ich schreibe. Für so etwas wie ein Intro oder so. Weil das wäre der ganze Aufwand und Sinn überstreichen. Ich meine, ich könnte nicht einmal den Ziggy-Pause-Song mehr machen. Das lebt in meinem Kopf, seit wir uns kennen. Ja, bei mir auch. Jeden einzelnen verdammten Tag. Es ist halt schon ein verdammter Banger. Ja. Du. Okay. Einfach kurz. Damit wir ihn wenigstens einmal gehört haben in diesem Stream. Döschwo-Song. Mal schauen, ob ich mich finde. Meine liebe Döschwo. Was ist das für Shit? Hallo, das bin nicht ich. Nein, ich will schauen, ob ich mich da auf YouTube finde. Ja, Shorts wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Gehen wir einfach auf YouTube. Vielleicht finde ich mich dort. Und gebe einfach mal ein Döschwo-Song. Das hätte ich mich eigentlich schon finden, oder? Bei Shorts. Aber bei Shorts. Abracadabra! Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach Okay, weißt du was? Ich gehe einfach auf meinen Kanal. Ey. Siehst das führt zu. Das ist da, was passiert, wenn wir fucking nochmal Algorithmen. Oh nein, das müsst ihr gar nicht sehen. Ich will doch nur auf meinen Kanal. Ah, da, mein YouTube, da. Ich bin so hart verwirrt. Ja, seht ihr den Manga, hä?
Ja, dem schaut ihr gerade zu. Da, bei Shorts ist es. Bei Shorts ist es. Und es ist... ja. Ich bin der Luzi und ich mache komische Musik. Heute. Ich bin der Luzi, ich baue einen Döschwurm. Hab kein Budget, aber schieß drauf. Ich bin der Luzi und ich mache komische Musik. Ich wäre voll dafür, dass wir einfach eine fucking Petition startet, dass ich den Song dann vom ESC das nächste Jahr in der Schweiz vorführe. Also, ich bin ehrlich, ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, mich irgendwie richtig dumm. Danke vielmals, Ifran Sadikovic. Ich liebe dich auch, wer auch immer du bist. Außer du bist ein Arschloch, dann liebe ich dich nicht. Who the fuck are you, man? Wenn man den schickt, spiele ich den mal an einer Party, ja sicher. Ja, also eine Stimme für den ESC hätte ich schon mal. Komm, wir müssen einfach, wenn wir genug Leute sind, wir müssen, komm mal, warte kurz. So, da, Podcast, so. Schauen wir tief in die Augen. Schau mir in die Augen. Zusammen können wir mal jemanden ans ESC schicken, wo kein grosses Label dahinter hat. Einfach mich. Zusammen können wir das... Nein, ehrlich gesagt, nein. Und ich bin ehrlich, es wäre für mich zu dämlich zum Playback zu singen. Ich singe nicht gerne Playback. Ausser ich hätte die monstermäßige Pyro-Show, dann ja. Wenn ich das Hallenstadion dabei abfackeln darf, dann bin ich dabei, sonst nicht. Und auch das nur, wie es in Zürich steht. Mein erster Follower bist du gewesen. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich bin schon so abgehoben, dass ich meine ersten Abonnenten nicht mehr kenne. Oh, jetzt wird es langsam schwierig. Ja. Ja, sollen wir den Jochen noch ein bisschen nerven mit Fragen? Oder wenn wir etwas zusammen schauen? Es ist jetzt liegt ganz bei euch. Boah. Ich hoffe, dass sich meine Eltern das nie reinziehen, so oft, wenn ich da im Livestream in rülpse. Er könnte schon laut mit mir reden, das hört eh niemand. You sure about that? You sure about that? Oh, ich habe 9 Zuschauer. Wow, cool. Jetzt bringen wir einfach mal ein bisschen den Chat zu mit den Ideen, was ich gerade machen kann. Ich habe einen gesamten, kompletten Bandraum zur Verfügung, um irgendwelchen Bullshit zu machen. Ja, ich habe auch meine Verlobte. Komm, sitz da mal her, du. Ich muss euch jemanden vorstellen, der bis jetzt, glaube ich, nur in einem Video vorgekommen ist als Kamerafrau, nämlich im Passvideo. Das ist nämlich meine wunderschöne Verlobte, Frau. Darf ich den vollen Namen nennen? Machst ja. Frau Naomi Mühlenthaler. Wow. Wenn ihr nicht zu fest bewegt. Ja, excuse, ich habe es noch ein bisschen Ich in die Nähe nehmen. ich habe es extra ausbalanciert, du. Ja, sorry, gell. Ja. Grüezi miteinander. Nein, ich spiele nicht meinen Bass durch alle Distortions Pedals. Das verleitet meine Dingens nicht. Meine Bassbox.
Siehst du, Janus, freut mich, dass du da bist. Hoi Janus! Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ja, das ist doch wunderschön, oder? Bis jetzt Ich habe ich hoffe- nur kochen und backen und jetzt darf ich auch da sein. Nein. Nein, ich spiele nicht mit Pastor Ali. Fuck. Also, schau, ich spiele jetzt die letzte Sprachnachricht vor, wo mir der Herr Janus Christus oder der Herr Christus förmlich genannt geschickt hat. Ja, wo ist die? Ah, ja. Hallo, bin ich live? So nice. Luzi, ich wollte dich auch noch gratulieren, ganz herzlich. Ich würde gerne anonym bleiben, aber mir ist trotzdem liegt trotzdem sehr am Herzen, dir zu sagen, ich gratuliere einfach, Luzi, okay? Ja, okay, ich lasse alle nochmal laufen, weil die meisten haben es wahrscheinlich nicht gehört. Ja, eigentlich wärst du eingeballt gewesen, aber du bist lieber gesaufen mit anderen Leuten. Du hast mich einfach alleine gelassen. Du Homo. Ja, ich habe es gesagt, ich habe es gedroppt. Homo. Sapiens. Oh, richtig gut entschärft. Ja. Oh, wow, Das kann mir jetzt Bruder. keiner vorheben, dass ich Brother, homophob bin. wow. Ja. Also gut, ja, und dann habe ich gesagt, machst du doch eine Sprachmemo und das ist dabei rausgekommen. Yo, da ist der Janus Christus. Ich wünsche am Luzi alles Gute zu seinem 100-jährigen Jubiläum. Wirklich, machst nochmal 100 Jahre. Wir stehen alle hinter dir. Ja, einfach geiler Hype. Mach weiter, wir verfolgen die Projekte. Du hast wo nochmal einen Bass machen, dies, das, Ananas. Wirklich einfach top. Ja, top Unterhaltung, muss man echt so sagen. Super Warte, Jimma mag noch etwas dazu sagen. Ja, hallo, ich bin's, der Jimma, Vorzeigerapper aus Chur. Luzi, du machst so gut, ich stehe hinter dir. Okay, danke, Jimma. Ja, Fucking Jimmer geht's mir erwischt. macht's gut im Stream. Ich grüße alle Leute im Live-Chat. Du Die grüßt Gäste, let's gerade go selber. Ja. Ja, hallo, da ist Caroline. Ich wünsche dem Luzi alles Gute zum 100-Jährigen. Der hat immer zugelassen, hä? Wow. So wie ich. Luzi, ich bin's, der Geist von deinem Urgroßvater. Ich wünsche dir alles Gute zu 100 Abonnenten auf YouTube. Lass dich richtig feiern und sag denen lieben Leuten von Tapkin, dass sie dir mal mehr Geld geben sollen für deine wichtige Arbeit. Sonst werde ich sie jagen in ihren Träumen. Luzi, ich bin's, Ah, der das Geist. ist gleich. Guten Tag, liebe Luzi, da ist dein Anwalt. Du weißt, wir haben auf nationaler Ebene keinen Mindestlohn, aber ich wollte dich einfach darüber in Kenntnis setzen, dass die Beträge, die dir Tapkin für deine Videos zuspielt, wirklich da schon sehr am Minimum kratzen. Wir könnten da locker mit einer, sagen wir mal, so einer geschickt ausgespielten Verfahren könnten wir da schon ein paar Millionen aus Tapkin rauspressen. Leute, wir doch mal zurück, oder sag ihnen einfach, sollen da mehr Geld geben. Ja, geil, Jochen. Gib mir mal mehr Geld. Gib mehr Geld. Ich bin auch dafür, mehr Geld ist immer gut. I'm not a money wanker. I'm definitely not a money wanker. Ich meine, sonst würde ich ja meine Videos und mein Content auf Hochdeutsch oder Englisch machen. Von dem her. Ich meine, ich habe es bis auf Österreich geschafft. Das Stark! Österreich! ja. Mann, krass! ja. Wow. Bald die ganze Welt, Schatz. Österreich und dann die ganze Welt. Ist, nein, top. Mal. Fertig mit der Hacken, Alter. Sprich Deutsch, du Hurensohn! Sorry, aber den habe ich jetzt kurz droppen. Sorry. Mein Österreichisch ist ein bisschen eingerostet. Ich habe damals mal eine Freundin gehabt in Graz Stunde und das ist Steiermark. Boah. Jochen, gib
geht's nicht um Luzi International, okay? Ja, hat ihr irgendwelche Fragen an meine Verlobte, wobei du eigentlich fast jedes von meinen YouTube-Videos sponsert, weil ja. Because I've got the money. Ja. I've got the face, she got the money. Jetzt, hey. Geschissene Oiz gespritzt, oi, das Schleichte. Bist du narrisch? Okay. Krasses Niveau da, Alter. Hey, ich meine, das sind meine treuesten Zuschauer. Wie ist der Name schon wieder auf Tapkin gewesen? Ja, ich weiß, ich habe voll coole Fanbase, einen Anwalt, Caroline und der Jimma vor allem, hey. Weiss irgendjemand, ob der Jimma überhaupt noch lebt, weil der habe ich vollkommen auf dem Schirm verloren. Ja, habt ihr wirklich noch Fragen an Sie da? Nein, ich bin nicht so interessant wie du, weißt Doch, ehrlich du? schon. Du bist ja der famous Guy, nicht ich. Ja, genau, deine. Wie hast du dich auf Tapkin hinterlegt? Kannst du mir mal erklären, was Tapkin ist? Tapkin ist so... es ist wie... das Beste aus Patreon, YouTube und Instagram. Einfach nicht so geldgeil. Und vor allem ohne Algorithmen. Ich meine, sorry, was musst du mehr wissen über Tapkin, außer dass sie meine verfickten Videos sponsern? Okay? Das ist doch das grösste Verkaufsargument, um auf Tapkin zu gehen. Für zusätzlichen Content. Der Janus fragt dich, wie schmecke ich privat? Das willst du nicht wissen. Wir Blumen wissen definitiv nicht. Ja, also Kürbis, kann ich ja kurz schauen. Ich habe extra Magic-Karten aufgeschrieben, zum Glück habe ich es aufgeschrieben. War das nicht der letzte gewesen? Der Wiegend, oder? Ja, genau. Hey, schau mal mein Gedächtnis am Gedächtnis. Schau. Ui, was auf? Das ist die du gewonnen hast. Flying Jack Danny. Flying V Jack Danny. Mit von mir selber gebauten Tonabnehmer, von Hand gewickelt. Und ja, mit einem Kleber, wo drauf steht, Bubis make me smile. Ja, sie funktioniert. Man sollte vielleicht mal neue Seiten drauf ziehen, aber du, das... Also für gratis kannst du jetzt nicht sagen, oder? Also nach meiner Meinung hast du die schönste gewonnen. Schon. Das ist auch noch meine Meinung. Nein. Ich finde den Bass am schönsten. Welcher? Der selber gebaute? Ja. Klar, das ist der allerschönste Bass. Ich finde es so schön, wie ich von meinem Umfeld unterstützt werde. Von mir gibt es keine Unterstützung, von mir gibt es nur die harte Wahrheit. Bloody honest. Aber ich brauche es auch, weil sonst wird mein Gott-Komplex zu groß. Ja, definitiv. Ey, schaust du ein bisschen? Hey. Kollege! Okay. Ich habe jetzt einfach einen Ohrwurm. Was? Ich bin der Luzi. Ich baue einen Döschwo. Das wird ein Welthit. Irgendein. Es wird nie eine volle Version geben von dem Song. Nie. Weil sonst würde ich mich verkaufen. Also wie gesagt, ich könnte die Gitarren und Bass etc. täuscheln. Dunder in Österreich müsst ihr gleich. Dunder in Österreich. Ja. Das ist nicht für Wo genau wohnt ihr? Wer hat den ersten Schritt zur Verlobung gemacht? Also ich habe gesagt, ich will heiraten. Und er hat dann so den Antrag gemacht, I guess. Ja, es war richtig funny gewesen. Ich habe extra den Duschwo vom Kollegen ausgelegt.
Was the worst day of my life. She doesn't like to drive with the dishwasher. I hate it. It was awful. Wir sind noch fast in den Wald reingegangen, weil er zu dumm ist, um den richtigen Weg zu fahren. Hey, es war nichts ausgeschildert. gewesen. Ja, aber bist du auch nicht das erste Mal da gewesen, oder? Schon lange nicht mehr. Aber I mean, you're still alive. Ja, ist aber knapp gewesen. So, jetzt liegen wir jetzt gerade deine Adresse. Schau mal, wo... Was, willst du jetzt deine Adresse liegen, oder was? Ja, meine eigene. Nein, seine. Ja. Ist aber nicht voll okay so. Ich finde das ziemlich scheiße, was du da machst. Wieso? Weil du es bist. Deutschlandberg. Was? Deutschlandberg. Deutschlandberg? Deutschlandsberg, Warum Österreich. dann nicht Österreich? Wehe, wenn sie... Warum heisst etwas in Österreich Deutschlandberg? Das ist ja voll dumm. Oh nein! Nein! Oh, das ist am Jesus. Arsch von der Welt, Zoom Kollege! noch mal ein bisschen raus, bitte. Digga, das ist doch... Zoom noch mal ein bisschen raus. Das ist schon fast in Slowenien. Jesus fucking Christ. Das ist über Graz in der Nähe, da kennst du dich doch aus. Ja, keine Ahnung, wo hat die früher gewohnt? Irgendwann da... Ja, der ist schon gar nicht so weit, oder? Du bist ja früher auch Ja, gar der nicht kann- gefahren für eine Frau. Dann kannst du einfach das tun. Das sind einfach 9 Stunden Zug Ja, gefahren. selber schuld. Also ich glaube, also... Aber du weißt, du hast das alles selber gebrockt. Und du darfst es auch gerne alleine fahren. Ich habe kein Bedürfnis zum Mikro. Also, I be bloody honest, ich fahre dort nicht mit dem Auto ab, ich nehme wahrscheinlich den Zug. Okay, Routenplaner. Also ich glaube, mit Auto wäre schon ein bisschen gäbiger, aber... Aber jetzt liegst du in Heim, Alter. Nein. 8 Stunden, fair. Nein, ich will eigentlich mit... 14 Stunden, Digga! ÖV-Verbindungen. Gut, das sind Sonntagsverbindungen. Ich will vielleicht okay. mal... Weil Sonntag ist immer anders. Abfahrt ab, machen wir Montag. Montag und am Am Morgen. Montag ist auch ein Viertag, ich gehe noch auf den Dienstag. Am Montag haben wir auch, ist auch Sonntag. Honey, thanks. Jetzt ist Google Maps Ja, überfordert. jetzt ist voll gestresst, Mann. Ja, schau, nur noch 11,5 Stunden. Oh Gott, Das aber ist fast nichts mehr. Über Liechtenstein. da fahre ich zuerst auf Zürich HB und Dann von am dort Zürichsee entlang. Das ist richtig das Panorama dann. dann RJX, wahrscheinlich auf Graz. Ich wette mit dir auf Graz. Nein, Salzburg. Salzburg. Dann von dann Salzburg. Von Salzburg weiter. Auf Graz. Hä, es gibt doch einen fucking... Ja, sieht ziemlich scheiße aus. Congratulations. So. You fucked yourself. Yeah, but I don't give a shit, man. Ah, weird. Die, Es wird nicht besser, es bleibt scheiße. 11 Stunden. Wo ist jetzt eigentlich der Chat? Mach mal den Chat wieder auf. Du weißt gar nicht, was die für dich über dich schreiben. Sind eure Sternzeichen kompatibel? Ich denke nicht. Warte kurz. Das Musst du das wirklich herausfinden, weil die Sternzeichen kompatibel sind? Das ist voll wichtig und ist so Astrologie. Krebs Kennt kompatibel? mit, weißt du es? Kompatibel? Nein, mit Fisch. Schwach. Nein. Jungfrau. Nein. Steinbock. Nein, ich bin Leute-Opfer. Ah. Löwe. Das Liebeshoroskop von Krebs und Löwe liest sich etwas holprig. hab ich gesagt. Das liegt vor allem daran, dass bei diesem Sternzeichen Feuer und Wasser aufeinandertreffen. Damit die Beziehung eine Chance hat, bedarf es viel Toleranz und einiges Mitgefühl. Ja, von meiner Seite. Dann kann es für immer halten. Fuck Ich muss you, so man. tolerant sein und so viel Mitgefühl für dich zeigen. Ja, bis wir das ultra-tolerante Schwingfest gehen, du. Was? Das ist ein Film von Bild mit Ton. Ah, okay. Well, cool. Viel Spaß da mit so 4 Gitarren und einem Bass herzukommen. Ich schwöre, wenn du mit der ÖV gehst, wo du nicht all dem Scheiß, du musst mit dem Auto fahren, du hast keine Ja. Chance. Weil ich komme nicht mit, wenn du mit der ÖV gehst. Mit dem Auto vielleicht, aber... Ja, aber dann bräuchte man auch eine Überachtung dort. Nein.
kannst 8 Stunden auf und 8 Stunden runter. Du nicht so. Digga, 16 Stunden Auto fahren! Ja, wie lange sitzt du jetzt schon da? Wie lange ist letztes Jahr Nacht Das ist geschlafen? etwas anderes. Hey, völlig anders. Krass. Siehst du, mit so einer bin ich zusammen, okay? Hast du dir So- selber ausgesucht? Ich weiß. Habe ich noch nie bereut bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Ja, aber das ist ja relativ lang gegangen bis Anfang Hol mir einfach mal ein Bier. Du kannst mich am Arsch lecken, Bitte. Kollege. Ich habe bitte gesagt. Ich hol dir kein Bier. Du weißt, wo die Küche Jochen, ist. holst du mir ein Bier? Bierli-Pause. Bierli-Pause. Ich mache sonst wirklich eine kurze Ziegenpause. Dann kann ich noch mal eins rauchen und dann hole ich mir ein Bier. Dann kann ich seichen und dann kommen wir wieder. Crazy. Bis nachher, bleibt dran. Ich bin gerade wieder da, ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi-Pause-Song. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Deine Mutter hat mir gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo und wo will sie? Auf dem Schmine. Ah, okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was Flamingo? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo. Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine zu stehen. Du Luzi, bevor ich bei mach ich einfach irgendetwas. Was ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bist du, hey, ich schmier dir aus. Ja, den halt. Ich fühle mich richtig Profi, dass ich nicht mache. Ah, komm on, du, das ist schwierig. Ich verdiene kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tue ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du. Ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich habe Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder dein BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner Elendiger. Du kleiner Elendiger.
Der Luzi ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi-Pause-Song. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. Au! Deine Mutter hat mir gesagt, sie will ein Flamingo. Also eigentlich heisst es Flamingo, und wo will sie? Auf dem Schmine. Okay, cool. Auf dem Schmine? Ja, auf dem Schmine will sie ein pinken Flamingo. Ein pinken? Was fliegt denn da? Pinke Flamingo. Pinke Flamingo! Flamingo, Mingo, Mingo. Auf dem Schmine zu stehen. Du Luzi, bevor ich bin, mach ich einfach irgendetwas. Was ich soll einfach irgendetwas mit dem Maul machen? Ja, machst du jetzt etwas? Hä? Bist du ein bisschen bescheuert? Bist du, hey, ich schmier dir aus. Ja, den halt. Ich fühle mich richtig Profi, ich kann das nicht machen. Ah, komm on, du, das ist schwierig. Ich verdiene kein Geld. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist doch egal, oder? Das ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Du laberst nur Bullshit, oder? Nein, eigentlich nicht. Du laberst Bullshit. Nein, tu ich nicht. So ein Hurensohn. Wie hast du mich gerade genannt? So ein dreckiger Wichser bist du. Ohne Hosensäck. Ich habe Hosensäck. Aber ich habe Hosensäck. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du wieder die BMW gegen den Baum gefahren hast. Du kleiner
ist eigentlich immer noch nicht da. Was machen wir jetzt? Einfach nochmal alles von vorne. Wirklich, das ist aber schon ein bisschen billig, oder? Ja, ich bin auch der Luzi, also von dem her. Mir eigentlich egal, du. Ja, von vorne. Ja. Ich bin gerade wieder da. Ich bin nur mal kurz eins am Räuchen. Ein Lungenbrötli nehmen. Meine Lunge provozieren. Das ist der Luzi Pausensong. Der groovt ab. Hach deine Hand ab. Was nicht ab ist dran, denn ich bin ein grosser Mann. Ich erzähl dir irgendwelche Seich, währenddessen ich in meine Lunge seich. So, ich bin wieder zurück, du. Und jetzt machen wir einen Hoodie-Gaggoler, hä? Also ja, viel Spaß mit so 4 Gitarren und einem Bass herzukommen. Ja, ich habe gerade mit dem Gründer von Tap King geredet. Wir kommen mal an einer Woche vorbei. Dann können wir uns abwechselnd mitfahren. Und dann wahrscheinlich so einen längeren Ausflug mit nachher ist ja in der Nähe von Graz nochmal ein bisschen anschauen oder so. Ja. Und Knorli, ich schaue, wenn ich daheim bin, dass ich den Türschwo-Song schicken kann. Von einem Transmix wäre ich schon recht gespannt. Du. Ja. Also, willst du dich rechtfertigen vor dem Herr Christus? Ja, ich komme. Oh ja, hier das Bierli. So, Prost, gell? Oh ja. Prost. Wenn es schon halb leer ist. Also, Jochen. Wo ist das schon wieder? Ist der Janus Christus denn ist der noch da? Ist der noch Ich weiß nicht. Herr Christus! Herr Christus! Herr Christus, sind Sie noch erreichbar? Wer ist jetzt alles noch da? Herr Christus, sind Sie mal 7, bitte. Herr Christus. Herr Christus. Janöschli. Janöschli. Ja. Da passe ja gerade ein bisschen nichts im Chat. Ja, okay, die werden wahrscheinlich auch erst noch ein bisschen gegenchecken da. Weil Ehrentag sind jetzt einfach die Vergangenheit, ich bin schon viel weiter. Viel weiter. Schon so weit, dass es schon wehtut. Wir hatten noch vorhin das Thema ChatGPT. Eine Freundin. Ja, okay, die werden. Hä? Ja, sag ich gerne. Ja. Ja, Wir hatten noch, ja, sie hatte ChatGPT gefragt. Willst du es vorlesen? Heißt SBB nicht eher Schweizerische Betrügerbahnen? Und ChatGPT hat geantwortet: Es ist verständlich, dass man manchmal frustriert sein kann, wenn es um die Pünktlichkeit und den Service öffentlicher Verkehrsmittel geht. Die SBB, Schweizerische Bundesbahn, hat wie jede große Organisation ihre Herausforderungen und Kritikpunkte. Allerdings bietet sie auch viele Vorteile, wie ein dichtes Bahnnetz und gute Verbindungen. Also ich bin ehrlich, lieber SBB als Deutsche Bahn, weil ich bin nicht oft Deutsche Bahn gefahren, aber jedes Mal war irgendein Scheiß.
Jedes verdammte Mal. Ja. Wenn wir nach längere Verbindungen nehmen nach Deutschland, dann schaue ich immer, dass ich die meisten Umsteige-Dinge innerhalb der Schweiz erledige und dann von Basel oder so dann den Zug, der dann direkt fährt in die Stadt, wo ich hin möchte. Ja. Und dann, dass ich nicht dort irgendeinen Umstieg verpasse, weil dort die Verspätung ist, ja. Fair. Oh, jetzt schaut nur noch jemand zu. Ja. Tja. Oh. Naja, die werden schon wieder joinen. Du. Was wir könnten machen? Du hast, glaube ich, noch nie Bild mit Ton gesehen. Nein. Oh. Live-Reaction? Ja, definitiv. Bild mit Ton ist einfach literally. Könntest du mir kurz das Gitarrenkabel geben, Schatz? Das da hinten, oder? Ja. Welches? Ja. Welches? Ja, der Knorli muss jetzt Schnecken fressen. Was muss der? Der ist in Paris, gell? Schnecken. Ich muss wieder Schnecken fressen in Frankreich. Liebe Leute, macht es gut. Magst du auch den Knorli? Ja, das ist grusig. Ja. Grusig! Richtig grusig. Du kannst den Kopfhörer nehmen. Ja. Willst du einen Kopfhörer? No, fein. Ich hätte die keinen. Ja, merci fürs Fragen. Ich hätte noch meine eigene, aber... Dann brauche ich das. Achso. Nur ein Kabelsalat da. Es sollte eigentlich funktionieren. Hörst du etwas? Ich höre Rauschen rechts. Ja, jetzt höre ich das Brummen in beiden. Ja. So, jetzt schauen wir ein bisschen Bild mit Ton. Das Mikrofon solltest du vielleicht noch zu dir nehmen. Dein Mikrofon. Das Mikrofon ist so ein bisschen... Ja, jetzt schauen wir ein bisschen Bild mit Ton. He? Oh ja. Das ist wohl das Beste, was YouTube Schweizerland jemals hervorgebracht hat. Schweizerland. Ja. Also am besten fangen wir mal mit den gröbsten Sachen an. Das wäre Das Höllentor von Zürich? Sweezes. Ah, ja. Was? Hallo miteinander, wir sind hier in unserem geheimen Versteck und wir heißen Sweezes. Wir sind die Terroristen, die die Schweiz zwar nicht braucht, aber verdient hat. Ja, und alles hat damit angefangen, dass unsere Großeltern an Krebs gestorben sind. Ja. In einer Selbsthilfegruppe von der Krebsliga haben wir zwei uns dann kennen und lieben gelernt. Ja, und unser Hauptanliegen ist darum, auf Krebs aufmerksam machen. Krebs aufmerksam machen. Weil es ist ja auch so, dass Krebs wirklich das einzige Problem ist, wo normale Schweizer wie wir haben. Und es wird zwar schon mega viel darauf aufmerksam gemacht, aber noch nicht genug. Darum sind wir dann auch in die Politik. Als erstes haben wir es dann bei der SP probiert, aber die sind schwul. Dann sind wir zu den Grünen, und die sind auch schwul. Dann sind wir zu der CVP, die sind auch schwul. Dann sind wir zu der FDP, die sind auch schwul. Dann sind wir zu der SVP und die sind einfach ein bisschen dumm. Dann haben wir uns zu der BDP abgespalten und die sind dann dumm und schwul. Ja, und darum haben wir jetzt Sweezes gegründet und das ist eigentlich wie die ISIS, nur weniger brutal und eher herzig, so für die Schweiz halt. Aber wie ihnen geht es auch uns vor allem um den Spass. Ausser heute machen wir einen Anschlag auf die scheiß SBB, die Hurensöhne. Die sind einfach zu teuer. Darum würden wir konkret jetzt ein Kurzstreckenbillett kaufen und eine Station zu weit fahren und damit auf Krebs aufmerksam machen. Und ja, jetzt würden wir uns sonst noch tarnen.
Ja, und ich weiss, was ihr euch jetzt alle fragt, nämlich, woher haben wir die teuren Detektivhüte? Ja. Teure Detektivhüte. Da ist ein Keimtipp. So, dann würden wir jetzt mal auf den Zug gehen. Sorry. Das ist ein Bahnhof. Ja. Das ist ein Kurzstreckenbillett. Und das sind Teenager. Oh, ja. Und das ist ein Zug. Da steigen wir jetzt ein. Und das ist eine alte Frau. Muss die alten Frauen noch aufpassen, dass sie nicht vorheimlaufen, weil das wäre mega mühsam. Verdammt. So, wir fahren jetzt und dank dem Detektivhut hat noch niemand Verdacht geschöpft. So ist es. Wohnhaus, grün, Chile, Wohnhaus, grün, Industriezone. Ja, die Schweiz halt, wenn sie doch noch aufmerksamer gegenüber Krebs wäre. Ab da gilt unser Billett nicht mehr. Somit sind wir auf einem erfolgreichen Weg mit unserem Anschlag. Und was ist das da hinter dem Automat? Ah, das sind Kühe. Gehört auch zu der Schweiz und auch sie können Krebs bekommen. Hey, schau mal dort hinein. Sind das echt Zivilkontrolleure? Hä? Nö. Wohl, schon. Weg sie damit. Was? Oh nein. Ah, schnell weg da. Easy, unauffällig, wir haben gute Verkleidungen. Easy. Stecken wir uns auf dem WC. Easy. Schnell. Los, komm rein. Ich habe Angst. Shit. Hock mal da auf das WC und überleg dir, was wir machen sollen. Bring mal einen Keimtipp. Nein. In der. Ja. Ja, es war jetzt recht eine dumme Idee, so ein Frauenfurt-Selbstmordanschlag. Wir machen jetzt einfach das, was wir immer machen, wenn es uns nicht so gut geht. Ecstasy nehmen, ist immer gut, wenn man ein paar dabei hat. Was ist pink und sieht aus wie eine Granate? Das. Also, wir haben jetzt keine Pille mehr. Dafür haben wir recht intensiv und offen miteinander geredet. Also über Krebs. Und findet, wir sollten noch viel mehr aufmerksam machen. Krebs aufmerksam machen. Darum dürft ihr, liebe Zuschauer, jetzt abstimmen, was wir als nächstes für einen Anschlag verüben. Erstens, wir gehen ins Hiltel und streuen Speckwürfel übers Buffet. Speckwürfel. Zweitens, von einem Auto Pneu stellen und dann stattdessen Winterpneu montieren. Winterpneu. Drittens, den gleichen Anschlag wie heute, einfach nochmal. Nochmal wie heute. Und ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen oder auf Facebook liken, wenn ihr schwul seid. Ja, ciao zusammen. Tschüss. Also das sind so die Anfänge gewesen, also sie haben eben recht viele Sachen gemacht. Von wann war das Video? 9 Jahre alt. Okay. Aber eines der wohl genialsten Videos ist das Haus, in dem man LSD konsumierte. Das ist für mich so. Hä? Da kannst du nicht voll schauen. Wieso? 48 Minuten. Das ist viel zu lang. Da schlafen ja alle weg. Das schaut fast niemand mit. Ja, das ist gleich lang. Da kannst du kurz reingüchseln. Ja, kurz reingüchselt. Von wegen, ja. Sag mal, der Lautsprecher ist so laut. Herzlich willkommen zur ersten Episode der 2. Staffel.
Wir hatten jetzt nicht mehr so viel Zeit. Das ist mein Balkon und meine Mutter macht Kamera. Hallo. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was genau als nächstes kommt. Bild mit Ton kommt dann erst später. Und ja, ich denke, ich trinke jetzt einfach jedes Mal einen Schnaps, wenn das Wort Nigger kommt. Jetzt habe ich Nigger gesagt. 2-mal. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir beginnen unser Programm heute mit der Direktübertragung einer Matinee aus dem Stadttheater Basel. Sie hat das Thema zum Gegenstand Schriftsteller und die Tschechoslowakei. Es sprechen Peter Bixel, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Günter Grass und Kurt Marti. Wir übergeben das Wort nun an Werner Hausmann. Danke der Ansagerin, wo sie seit längerem tot ist. Ich nehme jetzt da noch ein bisschen von dem Magenta und streich's da das Teil da neben mir. Ich weiß auch nicht genau wieso. Ja, also die Typen, die die anderen erzählt hat, sind eigentlich größtenteils auch tot und die Tschechoslowakei auch und ich auch. Und darum gibt es jetzt stattdessen einen Film. Hey Schatz, wo fahren wir her? Wir sind jetzt eben auf dem Weg zu dem Haus. Mit LSD. Schau, dort hat es ein Reh. Hast du gesehen, das Reh? Dort, das Reh. Dort hat es ein Reh. Schau jetzt dort, das Reh. Es hat ein Reh. Dort hat es ein Reh. Dort ist das Reh, schau. Schau, ich habe das Reh nicht gesehen, okay? Wo fahren wir her? Da war schon etwas gespickt im McDonalds. Weißt du, was ich meine? Ja, Christoph. Scheiß DRS2. Und Wieso sind wir jetzt ausgestiegen? deine Mutter ist ausgestiegen. Das ist deine Antwort auf alles. Stefanie, deine Mutter ist Antwort auf alles. Also Christian, du hast dich so verändert. Nein, ich bin immer gleich. Ich bin nicht verrückt, Oh, okay. sondern enttäuscht. Jetzt habe ich mir schon Hoffnungen gemacht. Hä? Ich will Spenden sammeln für bedrohte Völker. Achtung, ein Mann. Ich hau ab. Ich will, dass du deine Unterschrift gibst, dass Geld von deinem Konto abgebucht wird für Menschen, die nicht auf sich selber schauen können. Ich muss auf den Zug, ich habe keine Zeit. Hast du gewusst, bla bla bla? Ich bin noch nicht 18, du Hurensohn. Schaffst eh noch auf Provision. Der reimt sich. Xylophon. Gesellschaft für Nein. Bedrohungsvölker. Macht's gut, ihr Trottel. Hoffentlich machst du einen Unfall. Ich mach sicher einen Unfall. Oh. Hast du etwas gemacht? Einfrieren. Ja, das geht jetzt noch lange so weiter. Jedenfalls bin ich Markus, euer Erzähler. Und das hier im Vordergrund ist unsere Protagonistin. Man braucht jetzt nicht sonderlich viel über sie zu wissen. Sie besucht das Lehrersemi und hat sich aus Versehen mal 2 solche Rasenmäher gekauft. Ja, und der Hurensohn da hinten ist ein Hurensohn. Diese sogenannten Hurensöhne sind plötzlich überall. Sie werden immer mehr. Sie wollen alle etwas und sie gehen dem Durchschnittsbürger auf den Sack. Dabei plante Stefanie doch lediglich einen Wochenendausflug in das Haus, in dem man LSD konsumierte, um dort mal wieder ungestört LSD zu konsumieren. Und sie wird irgendwann mal sterben. Und ich auch. Und du auch. LSD ist ja eine Schweizer Erfindung, genau wie der Würfelzucker. Das lässt sich gut kombinieren und oral einnehmen. Das macht dann so richtig
Russische Revolution! Russische Revolution! Hei, 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 hei. Und das Schlimmste ist aber, wenn die Liebe seines Lebens mit jemand anderem herumfickt. Oh, jetzt bin ich aber ganz schön abgeschweift. Ja gut, zurück zur Geschichte und Stefanie. Oh, voll auf die Nüsse. Ich bin so einsam. Aber ich habe langsam das Gefühl, das war alles ein bisschen eine Scheissidee gewesen. Alles ist eine Scheissidee. Ah, wartet. Ah nein, ich bin ja richtig. Hallo? Wer? Da haben sie aber recht auf die Himmelsrichtungen geschissen beim Feng Shui. Naive Kunst. Ästhetisch wohnen in Architektur Thüringer. Können Sie später anrufen? Ich habe gerade mega zu tun. Also, ich probiere es gerade nachher nochmal. Ästhetisch wohnen in Architektur Thüringer. Hat da ein Architekturproblem. Einfrieren. Wie es weitergeht, sehen Sie jetzt. Ta-ta-ta-ta-ta. Einfrieren. Das ist Nigger. Nigger ist selbstständig erwerbender Innenarchitekt und mag Melonen. Also Nigger heißt Nigger, weil seine Eltern Dadaisten waren. No, non mi risulta. Invece sì. Questa non sa di me. Ah, perché tu di che sai? Io so di me, questa maglietta non sa di me. Beh, anche io so di me. E anche questa sa di te. Perché io sono me. Hai la mia maglietta quindi? Ma perché mi capi sempre? Non capisco. Io non copio nessuno. Trovati uno stile tuo, perché devi copiare Io gli uno altri? stile mio, ce l'ho già. Non è vero, copi sempre me, non è il tuo stile, è il mio, me l'hai copiato. Ja, so war das damals. Außerdem hat Nigger einen ausgeprägten Helferkomplex und Aggressionsprobleme, weil es so ist. Ja, so ist es. Also ja, das geht halt immer so weiter. Es ist halt recht Stoner-Humor. Aber es ist, du merkst es so ein bisschen Parallelen von ihren Videos zu meinen Videos, von der Absurdität her. Die Frage ist, das ist eine inflationäre Verwendung eines Wortes, die, glaube ich, nicht ganz korrekt ist, oder? Ja. Ich bin nicht so sicher. Das ist halt, ja. Okay. Es ist Kunst, sagen wir es so. Egal. Ja, darf Kunst das? Also es kommt immer darauf an, was darf Kunst. Ja. Es ist recht unterschiedlich, was Kunst alles darf. Was ist deine Meinung dazu, Frau Mühlenthaler? Ich habe keine Meinung. Das kann doch nicht sein, jeder hat eine Meinung zu etwas. Meine Meinung zur Benutzung von dem Wort in Kunst. Oder was ist die Frage? Ja. Darf Kunst das? Ja, Kunst darf das. Okay. Kunst darf alles. Okay. Okay, kommt drauf an. Jetzt zum Beispiel Judenvergaß würde ich jetzt nicht. Alles, was kein Mensch körperlich weh macht. Und was ist mental? Ja, mental, dann darfst du das auch nicht. Das verletzt vielleicht Leute mental auch. So. Kann sein. Psychisch. Kann sein. Ja gut, haben wir gerade ein spannendes Thema, wo wir darüber reden wollen. Lieber nicht. Auch so, jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man schwul nicht als Schimpfwort benutzen sollte. Oder Hurensohn, was ja auch nur der Sohn einer Sexarbeiterin ist. Was ist denn jetzt das? Wenn man das als Schimpfwort benutzt, hat man ja immer man wertet das ja ab. Es ist halt, ich finde es so. Aber selbst wenn man es als Scherz meint, geht es ja trotzdem darum, dass man jemanden damit abwertet. Also ich kann die Meinung komplett verstehen.
Für mich ist aber so ein Wort wie Hurensohn oder schwul schon so lange in meinem Sprachgebrauch und abkapselt von der Meinung, was es eigentlich darstellt, dass es für mich. Ich weiß nicht, also ich würde es jetzt nicht zum Homosexuellen sagen, von wegen der Schwule oder der Schwuchtle. Ja, ist halt die Frage, ob derjenige sich eventuell trotzdem davon. Wir sind ja nicht diejenigen, die sich angegriffen fühlen können. Ich glaube, wir sind alle hetero, aber wenn sich jemand davon angegriffen fühlt, muss man das irgendwie vielleicht schon berücksichtigen. Finde ich auch voll in Ordnung. Ja. Ich weiß nicht, mir fehlt so ein bisschen das in den Kontext setzen. Wenn ich das jetzt einfach so sehe, denke ich, schwierig. Ja, schwierig. Ja, die Frau Stoll hat ja leider keine Zeit gehabt, sonst hätte sie uns dazu vielleicht eine. Nein, Spaß. Nein. Das war, ich glaube, wer waren eigentlich die aus dem ersten? Das ist eigentlich die Stolli und Oberholzer. Ihre damalige Freundin. Sie hat sich, glaube ich, extra die Haare gefärbt. Weil sie machen ja illegale Handlungen. Und wenn klar offen siehst, weil du so kannst du argumentieren von wegen, nein, das bin nicht ich. Ich habe blonde Haare. Und ich bin maskiert. Das ist eine maskierte Person. Geschickt. Sie hätten es auch bei der SBB anmelden können, oder? Ich glaube nicht, dass das SBB so findet, ja, der verkehrt Frauen 14 der Scheisse ablassen. Stimmt. von dem her. Ja. Oh, ja, gut. Von dem her muss ich einfach sagen, so, ja. Es ist. Vieles ist halt recht aus dem Kontext gerissen, weil es ist recht schwierig zu erklären. Vor allem im Kontext jetzt vom Haus, in dem man LSD konsumiert. Weil es halt bei dem Film so viele Aspekte drin hat und so wie eine Art Stilmittel gebraucht wird, dass das Wort halt so inflationär gebraucht wird, weil es halt so anstößig ist. Also ich weiß es nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich glaube, der Wolfi. War sie dahinter? Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Wie kam das dazu? Cyril Oberholzer, die Stolli und der Wolfi. Den habe ich ja letztens getroffen. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, wie sie so drauf gekommen sind. Sie sind auch die ganzen Filme, die sie gemacht haben, ist mehr so nicht wirklich geplant gewesen, aber man hat es lustig gefunden und hat immer weiter gemacht und hat dann den Kontext dazu eine Art wie erfunden und darum umgebaut. So wie sie auch, sie haben, glaube ich, zwei komplette Filme gedreht. Das eine ist, du kennst sicher den Film, wo der eine zwischen so eine Felsspalte reingeht. Irgendwas mit 27? Ja, habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Und die Stolli hat das nachgestellt, das Höllentor von Zürich. Ah, das war das eine. Okay. Ja. Wo sie halt in der Badwanne hockt und festhängt. Ach so. Und Mini-Pigs essen muss zum Überleben. Was? Mini-Pigs, das sind so Salamis. Ja, Salami-Sticks. Okay. Ja. Und das andere ist, wer hat die Konfitüre geklaut, ist so eine Art wie das Kasperli-Theater. Das wollte ich mir noch anschauen, das ist noch auf meiner Liste, ja. Da ist eigentlich eine. Das war so eines der letzten? Ja, ich glaube es. Also von den grösseren Projekten. Weil das ist eigentlich wirklich eines der letzten Projekte, wo wirklich alle zusammen. Also nein, der Wolfi hat dort schon nicht mehr mitgewirkt. Der Wolfi macht ja eigentlich gar nicht. Überhaupt noch mitgewirkt? Ist das nicht einfach von der Stolli alleine? Wer hat die Konfitüre geklaut? Nein, das ist auch mit dem Cyril zusammen. Okay. Also er hat es vor allem geschnitten. Ja. Wir sind das Jahr schauen. Eine Premiere ist so, glaube ich, oder? Wo lief das? Solothurner Film- und Festtag. Ja, dort sind wir es schauen. Ich muss zugeben, ich habe keine Erinnerungen mehr dran.
es ist, den Film musst du ein paar Mal schauen, damit du alle Aspekte kannst aufnehmen von dem Film, weil halt recht viel passiert und doch nichts. Aber ja, es sind halt ja. Also es ist so, wo mich eigentlich inspiriert hat, mal, wo mir der Kollege das gezeigt hat, ich habe das gesucht, ich habe den Film, das Haus, in dem man LSD konsumiert, sicher schon mindestens etwa 10 Mal gesehen. Komplett durch. Weil es einfach so Aspekte drin hat. Ja, meistens bin ich bekifft gewesen, weil wenn du richtig bekifft bist, ist es einfach so, du wirst so die ganze Zeit überrascht von dem Zeug, wie zum Beispiel so die Einblendung vorher so, ja, er ist tot, alle werden sterben, wie du auch. Das ist halt einfach so ein Fiebertraum. Ja. Und das ist auch, und vor allem, wenn zuerst mal der Niger kommt, bist du einfach so, Digga, was? Und nachher nennen alle Niger und er ist voll fein damit und denkst dir einfach so, wieso? Und ja, und dann noch das Anarchie beim Donnerstagsjas und es gibt so viele gute Szenen. Es ist einfach so eine Art wie ein missverstandenes Meisterwerk. Ja, ich weiss, ich lobe Bild mit Ton in den Himmel, weil es für mich auch eine neue Welt aufgetan hat. Vor allem als... Und ich finde, es ist einfach etwas. Ja. Es ist auch einfacher. Und es gibt mir gar nicht. Nee. Also sind wir unterschiedlich. Ja, ich habe aufgehört zu konsumieren, jetzt gibt es mir nicht mehr. Ja, fair. Fair. Und ich konsumiert, dann hat mir aber auch vieles etwas gegeben. Also. Was denn? Alles. Die Welt. It seems like a dark place you are now. Ja. Um 8 Uhr bin ich dann schnell weg. Ich muss Gary vom Bahnhof holen. Das war am Junggesellenabschied in Luzern. Und da kann sie nicht heilen. Ich habe sie ihr angeboten und ich bringe ihr noch Muffins mit. Und sie Okay, hat uns fair. auch mal in Zurzi abgeholt und darum... Fair. Der Taxidienst Junggesellenabschied? Sowas gibt's noch. Ja. Anscheinend, sie hat keine Lust gehabt, aber sie hat müssen. Sie haben irgendwie schon 3 andere Leute abgesagt und hat sich schlecht gefühlt am Absagen. Ja. Das ist ihre ehemalige beste Freundin, jetzt bin ich ihre beste Freundin. Oh. Ich hoffe, dass mein Junggesellenabschied nicht so lame wird. Ja, das musst du deinen Bros sagen. Was sind sie schon wieder gemacht? Was, wenn, wo? Gary. Ich weiß es nicht. Die sind irgendwie in der Stadt rumgeguckt und rumgelaufen. So mega cringe mit so T-Shirt, weißt du, I'm bright und so Zeugs, weißt Oh! Und dann noch Geld sammeln. Und sie hat auch noch so einen Schleier angehabt. Oh Mann, wie alt sind die? 40? Oder sind 50? in unserem Alter. Ah Gott, wie kann man in diesem Alter nur so cringe sein? Ich weiß Alter? es nicht, aber ich habe gesagt, bitte mach das nicht, Gary. Bitte. Haben die Internet? Ja, ich weiß es aber nicht. sie sind komplett andere Bubble wie wir. Zum Beispiel Gary hat ja mit ihr auch wenig Connections noch, weil sie überhaupt nichts miteinander für Interesse teilen. Ja, das ist manchmal auch, ich meine, mit dem, wo ich Zivildienst gemacht habe, der hat literally, also ja, der ist knapp etwa so 3 Jahre älter gewesen wie ich. Und wirklich nicht YouTube, nicht viele soziale Medien oder so. Und ich so, was machst du, wenn du heimkommst? Ja, ich gehe in den Garten und mache dort etwas, haben wir etwas zu tun. Und ich so, ja, okay, fair. Aber ich finde es halt weird, dass halt ich halt nur Leute habe in meiner Bubble, wo halt mit dem Zeugs auch aufgewachsen sind und halt das Zeugs auch mitgefiebert haben, YouTube Deutschland und die ganze Entwicklung mitbekommen haben. Ja. Es gibt einfach Leute, schauen Fernsehen. So mit Werbung und so. Ja! Als Anke und ich ausgezogen sind in unsere eigene Wohnung vor sehr vielen Jahren, hatten wir auch mit Absicht keinen Fernseher gewählt. Und das war eine Zeit, wo auch in unserem Alter alle noch Standard einen Fernseher, mindestens einen Fernseher in der Wohnung hatten. Vielleicht sogar noch einen im Schlafzimmer oder so, ja.
Ja. Und immer wenn wir Besuch bekommen haben, war dann, ihr habt ja gar keinen Fernseher. Ja. Ja, jetzt ist das ja nicht mehr normal. Jetzt ist es ja normal, also dass jemand keinen Fernseher hat. Ich Ne? meine, Aber- wir haben auch einen Fernseher, aber halt zum YouTube und Netflix schauen. Ja, eben, genau. Ja. nicht zum Fernsehen. Ja, genau, am Ende konsumieren wir auch, ja, ist richtig, muss man einfach sagen. Ja, es ist halt einfach nur Ja, was anderes. einfach gezielter. Ja. Sagen wir es so, weil Meine, ja. Ich schaue nur noch Germany Next Topmodel im Fernsehen. Das tue ich Ja? gerne an. Das ist mein Ritual jedes Jahr. Im Februar angefangen GNTM an. Mir wurde letztens empfohlen, man sollte unbedingt mal Make Love, Fake Love schauen. Ja, mal schauen. Make Love, Fake Love. Ja. Okay. Weird. Es gibt, glaube ich, schon so 1, 2 gute Formate, die im Fernsehen laufen. Aber gar nur 1, 2. Okay. Ja, gut. Oh, das ist einfach. Fernsehen ist. Es ist ein komplett anderes Zeitalter. Es ist nicht an mir vorbeigegangen. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass ich mit meinen Eltern zusammen Wetten, dass oder so geschaut habe. Ah ja. Und Benissimo. Benissimo. Ja. Und das sagt ihr wahrscheinlich nicht. Nee. Das ist Schweizer Kassensturz kenne ich. Ja, super. Nein, aber ich meine, wo wir noch klein waren, ist es normal gewesen, dass du mit deinen Eltern am Abend vor dem Fernseher hockst und Fernsehen schaust. Oder auch ich als Teenager oder als Kind, keine Ahnung, bin ich auch praktisch von der Schule heimgekommen, vor dem Fernseher gehockt und habe mir Spongebob reingezogen oder weiss ich, was Ja, drauf ist. aber wenn du das mit den Eltern zusammen guckst und dann ein Gespräch daraus entstehen kann, dann ist das ja auch quasi Medienbildung. Wenn ihr jetzt sagst, ja okay, mein Kind bekommt das iPad, weil ich möchte mich mal selber beschäftigen, ist das ja genau das Gegenteil, was eigentlich passieren müsste, ne? Man müsste hinterher dann mit dem Kind die Verarbeitung durcharbeiten, und gleichzeitig auch das in den Kontext setzen, damit das Kind das einordnen kann. Aber das passiert ja alles gar nicht. Nee, ich bin auch kein Fan davon, dass man einem 4-Jährigen das iPad in die Hand drückt und sagt, oh, enjoy. Und ich bin auch nicht, Ja, also ich will sagen, aber auch wenn die Kinder älter sind, auch wenn sie dann 12, 13, 14 und dann Fortnite und andere ähnliche Spiele spielen, dass du halt auch verstehst, was sie dort machen. Also, du musst ja nicht das mit denen zocken, aber du musst es doch verstehen, was... Das ist mir nie passiert. Weil Ja. ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, also ich bin von dort, als ich 7, 8 war, bis 18, habe ich bei meiner Oma gelebt. Mhm. Und sie hat keine Ahnung von gar nichts. Und Ja. ich habe gemacht und da was. Ich habe gegamed, ich habe mit 13 meinen ersten Baller-Shooter angefangen zu spielen. Ja, siehst du, Es hat mich schau, niemand was das darüber der aufgeklärt. Worten ist. Und es ist I'm completely fine. Ja, of course. Hey, aber ich finde schon auch, dass man mit den Kindern das anschauen und keine Ahnung, das reflektieren und auch verstehen, was sie machen etc. Aber ich denke, es gibt einfach auch Leute, denen fällt das schwer, weil sie irgendwann den Anschluss verpasst haben, oder bei der ganzen Technologie und alles, dass sie es gar nicht können verstehen. Ja. Und darum wie machtlos sind und das sind halt einfach... Naja. Ja, es ist auch, ich meine, ich bin auch von der Generation, die mich einfach vor den Fernseher gesetzt hat. Ja, mich auch. Aber ich kann das auch selber wollen. Ja. Also ich habe mit 4 meinen ersten Gameboy bekommen, mit 7 mein erstes Playstation-Spiel. Und, ja, Aber klar, keine Konsole dazu, nur das Game. noch das Game, weil ich habe ja die Konsole von meinem Papi gehabt. Oh, Wo ich fair. dann zu meiner Oma bin, habe ich dann Playstation mitnehmen dürfen, weil mein Papi dann die neue hatte. Ja. Und also, ich meine, mich hat man nicht effektiv vor den Fernseher gesetzt, aber ich habe mich effektiv vor den Fernseher gesetzt. Fair. Weil ich halt einfach auch nicht wirklich viel mehr anderes mitbekommen habe. Ich meine, mein Vater hat gearbeitet, ist heimgekommen, hat Fernsehen geschaut und meine Mami hat gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Also ich war praktisch nie wirklich anwesend gewesen. Ich bin auch viel draussen gewesen, aber ich bin auch viel an Konsolen, Fernsehen etc. geguckt und ich habe das voll mitgemacht von Anfang an. Mein Vater hat halt auch Computer früher gehabt, hat alle Konsolen immer gehabt, halt so Zeugs. Und dann habe ich noch einen größeren Bruder, der 7 Jahre älter ist. Das war aber alles schon in den 2000ern, oder?
Ja, Anfangs 2000er Jahre. Ich habe mal, meine Schwestern haben mal, ich weiß gar nicht, wie das kam, so eine Konsole bekommen. Und da musste man eine Kassette einlegen. Also sowas, kennt ihr das? So Musikkassetten? Da kann man den Bleistift nehmen und dann kann man die wieder aufspulen. Ja, ich habe früher ein Radio mit Kassette gehabt. Ja, genau. Und dann musste man die einlegen. Und dann lief das Ding die ganze Zeit, aber das Spiel lief irgendwie asynchron zu der. Das war ganz komisch, ich habe das nicht verstanden und das hat mich so fasziniert. Das war einer der Punkte, wo ich zum ersten Mal weniger an das Spiel interessiert war, als das, was dahinter lief. Und wo ich so dachte, boah, geil, ich will die Technik verstehen. Das war einer der kleinen Punkte, wo ich dann irgendwann gesagt habe, deshalb will ich Informatik studieren. Und jetzt programmiere ich, wenn man ganz langweiliges, also ich mache kein Game Design, jetzt mache ich was ganz Langweiliges am Ende. Programmiere irgendwelche Apps und Backend Web Services. Ja, das ist eigentlich vom Spannendheitsgrad eigentlich der langweiligsten Sachen in der Programmierung, glaube ich, wenn man es mal blöd betrachtet. Schöner ist natürlich, wenn du direkt siehst, was passiert, wenn du eine UI programmierst, ein Web, und dann verschiebst du was und dann siehst du direkt farbliche Änderungen, gestalterische Änderungen, etwas wird schöner. Ja, ich weiß, und du siehst wie so Hausbau, wo die Leute sagen, oder man verliebt sich halt man baut eine API, also sowas wie so eine Schnittstelle, einen Web-Service, da wird was abgefragt und dann spuckt er was aus. Ähnlich wie ChatGPT, man stellt eine Frage und dann kommt eine Antwort mit etwas mit Wissen. Und wenn das dann bei einem Webservice dann funktioniert und man fragt Fehler ab und dann funktioniert das mit der App und dann die ganze Integration, kann auch irgendwie geil sein. Aber das ist häufig so abstrakt, dass wenn du dann gerade zum Thema KI und so, und du dann so Boomer aus dem Handwerk hörst, die dann sagen, ja, aber irgendwer muss dann trotzdem das Rohr noch verlegen. Wo ich sage, ja, mag ja sein, aber manche andere Sachen im Digitalen sind genauso greifbar, obwohl es digital ist. Es ist nicht, dass das eine etwas macht, was physisch und das andere, nur weil es nicht physisch ist, gut, lässt sich drüber streiten, was Mehrwert hat und was nicht, ne? Ja. Instagram zum Beispiel. Gebe ich ja zu, ne? Manches Digitales ist ja auch nicht wirklich sinnvoll. Aber ja. Was ist eigentlich die unnützigste Erfindung vom 21. Jahrhundert? Boah, Gott, keine Ahnung, das dauert ja eine Weile, ne? Das ist unfassbar nicht möglich, um das zu sagen. So, ich glaube, da braucht man nur mal shitty Lifehacks eingeben und dann... Nein, nicht shitty Lifehacks, sondern 5-Minute-Crafts. Ja, genau. Ohne Scheiß. Und dann alles das, was es dort gibt es teilweise als Originalprodukt, wo du sagst, why? Tust du das? Ja. Ich habe jetzt gerade voll Bock, einfach so ein paar Videos. Ich finde es einfach so, das ist so wie so der heutige Dadaismus. Weißt du, eine, die Brille will aufentun und es geht immer wieder ab und dann klebt sie sich da einfach einen Haken hin, damit sie jetzt die Brille einhängen kann. Und dann denkst du einfach so, What the fuck is wrong with you? oh, I just had a brain aneurysm. Ja. Oh. Das ist echt. Mir fällt es nicht ein, ich weiß es nicht. Es gibt eigentlich viele Sachen. Dieses Schweizer Taschenmesser soll doch jetzt kein Messer mehr haben. Das ist voll langweilig. Aber das ist doch geil, das ist ein Multifunktionstool. Eben, aber wie oft hast du das Messer vom Schweizer Taschenmesser eigentlich bisher benutzt? Wenn du auch sowas wie Kreuzschlitzschraubenzieher oder ähnliche Kreuzschlitz, weißt du, woher das eigentlich kommt? Viele sagen ja so Kreuzer oder sowas oder Kreuzschraubendreher, noch besser. Aha. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Drehen und Festziehen. Deswegen ist es ja ein Ziehen und kein Drehen. Weil Drehen hieß ja, dass die Schraube sich in keine Richtung bewegen würde. Ne? Oder? Ein Kreuzschlitz kommt davon, dass die Schraube einen
Kreuzschlitz hat. Cool. Egal. Was sagst du dazu, dass das Messer kein Messer mehr hat? Dass es eigentlich kein Sackmesser mehr ist, ne? Nein, das ist also es ist ein Sack-Multifunktions-Tool. Ja, ein multifunktionelles Sacktool. Ja. Multifunktionelles Sackgerät. Ist Tool eigentlich Deutsch? Sackgerät. Ja, das liegt ja nur daran, dass man in der Schweiz Sack statt Tasche sagt. Sackgerät. Man kann auch Tasche sagen. Ja, okay. Taschengerät. Das Taschengerät. Ich kann auch ein Taschengerät. In meiner Hose. Machst du gleich einen neuen Song? Machst du einen neuen Song für mich? Das Taschengerät? Ja, wenn mir etwas Gescheites einfällt. Aber bitte mit Bass. Weil es ist meistens nicht gescheit, was dir einfällt. Hä? Ich habe es genau gehört. Ich habe noch eine Chance gegeben. Die Kreativität wurde direkt im Keim erstickt. Das Wenn ist. die akustisch gibt. Ah, das stimmt. Es ist... Nein, ja. Jetzt bräuchte ich noch ein Plektrum. Ah, da ist eins. Hast du irgendwelche Songwünsche? Ich schau. Sounds like a melody. Von wem ist das? Von Alphaville. Ich kenne den Song nicht. Ora sono male o ribada. I love mama. I love mama. I love mama. Ribada. So, ich mache maximal jetzt noch 8 Minuten Stream und 11 Stunden sind genug. Jesus Christ, ey. Oh, ich bin langsam auch verdammt auf den Schnürren und müde.
Was schaust du so streng Tinder für? Darf ich nicht? Nein. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. My face now knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. I knocking on heaven's door. Mama puts my arms in the ground. I can't shoot them anymore. It's getting cloud is coming down. The feast now I'm knocking on heaven's door. Eyes. Oh fuck. Hä? Eyes. Kopf, verdammt nochmal, hä? I shot the sheriff, but I'm too. Wenn ich nach Österreich komme, würde wahrscheinlich irgendeines mit dem Jochen zusammen im Juni oder so. Oder Juli. Was hast du gesagt? Juni. Irgendeines im Juni. Wenn ich das gescheit planen, weil es ist etwa so 8-stündige Autofahrt zu euch. Aber mit Übernachtung, weil ich fahre nachher nicht noch zurück. 4 Stunden ist das Maximal, wo ich am Stück fahren kann. Und was machst du? Ich habe gesagt, ich komme nicht mit. Okay, dann halt. Hä? I see the battle on the horizon. I see the trouble along the way. I see a battle and a lightning. I see the times today. Don't go around tonight. There's a band and take your life. There's a band going on the rise. Was ich gerne mal will spielen, wäre von Johnny Cash ein Lied. Nämlich Folsom Prison Blues. I hear the train coming. I hear the train roar. It's rolling round the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But the train keeps rolling down to San Antoine.
When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Daddy, 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 daddy. I bet this rich from Eton, a fancy dining car, and proper drinking coffee and smoking big cigars. But I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me. They free me from this prison, the railroad train was mine. I bet I'm moving on a little farther down the line, far from frozen prison, that's I want to stay. And I lay down some whistle, blow my blues away. Ja. Cool, 5 Zuschauer noch. Ja. Okay, wir haben die 11 Stunden erreicht. Ich mache langsam echt nicht mehr, es tut mir leid, Guys. Ich beende da mal mein 100 Abonnenten-Special. Ich habe momentan sogar noch recht viel mehr Abonnenten dazu bekommen. Ich habe momentan 122 Abonnenten und das freut mich sehr. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Und ja, bis ein anderes Mal. Vielleicht beim 200 Abonnenten-Special oder bei einem